Kokainum.
Hi. You tell us multipass. Multipass. Multipass Chat. What is happening? Sorry für die Verspätung. Ich musste etwas essen, Chat. Ich hatte Hunger. Dann habe ich überlegt, soll ich jetzt live gehen und Hunger haben oder soll ich noch etwas essen vorher? Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Ich habe mir noch ein kleines Sandwich gegönnt und darum bin ich ein bisschen später da. Oh, aber der Danny Trejo ist auch da. Let's go. Hey Chat, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Und ich begrüße mal schnell alle, die da geschrieben haben. Grüezi Bär und Highway Racer und Juti, wer ist eigentlich first? Highway Racer geht es jetzt zum First im Fall. Juti, DB Killer, Fishbone, Fienchen, Nelfi, Specko, Ullenbullen, Untitled, Kaylee, Art Shooting, Topal, Feta-Käse und Apfelmast. Grüezi miteinander, wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Wie war euer Einstieg ins Wochenende gewesen? Chat, wie war euer Samstag gewesen? What the fuck? What the fuck? Übrigens, das fährt jetzt gerade ein bisschen mehr ein, weil ich mega viel am Phasmophobia-Spielen war am Wochenende. Also gestern, also am Wochenende. Gestern habe ich Phasmo gespielt und ich glaube auch letztes Wochenende, letzten Freitag, also vorletzten Freitag in dem Sinn, habe ich auch schon Phasmo gespielt. Das fährt jetzt ein bisschen mehr ein. So, Chat, ich fange da mal irgendjemanden anlesen. Machen wir es so wie immer. Ich tue mich noch schnell bedanken für den Follow von Xenga. Offstream gestern. Ich sage gleich noch schnell Danke. Nicht vergessen, UT's Gipfeli. UT's Gipfeli. Heute große Gipfeli. Einkaufen bin ich halt auch noch. Das hätte auch müssen sein. Warlock, grüezi Warlock. Hey, Chat, der Warlock war auch dabei beim Phasmo, als er es gesagt hat. Weil das ist eine Seltenheit. Das ist eine Seltenheit, weil der Warlock liebt Phasmo so sehr. Er liebt das Spiel so sehr, dass es nicht zu viel gamen will. Weil ihr kennt das, wenn man etwas liebt, dann muss man es geniessen. Das heisst, man muss es auch selten sich gönnen. Das macht Sinn, oder? Warlock, das macht absolut Sinn. Und Nussilicious, was für ein geiler Name. Oder Nussilicious. Ich glaube, eher Nussilicious, oder? Merci vielmals für den Follow. Willkommen auf meinem Channel. Und Jesse! Merci vielmals für den Resub im 8. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Jesse. Wie geht's dir? Und natürlich auch Hallo, Nussilicious und Jesse. Schön sind ihr da. Holy moly. Und Papi, grüezi! Papi, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello, hello. So, wo bin ich gewesen? Ich habe noch gar nicht angefangen Chat zu lesen, oder, Jen? ich lese da nur Fienchen, gute Besserung. Fienchen. Ich muss schnell lesen, was du geschrieben hast. Ich glaube, du bist gefragt worden, ob es dir besser geht. Und du hast geschrieben, schon ziemlich besser. Okay, das freut mich, Fienchen. Das freut mich. Fienchen, was hast denn du überhaupt gehabt? Weiss man das? Habe ich das schon mal gefragt? Habe ich das letzte Mal schon gefragt? Eigentlich Grippe, oder? Einfach die Grippe. So, Chat, was soll ich lesen? Ich weiss nicht, was ich lesen soll. Bezahlt für den Scheiß. Wie viele Tage habe ich noch, Chat? Ich habe nur noch 5 Tage. 5 Tage. Und dann habe ich ein 4. Ein 4 am Rücken. Oh. Quer tut's, was geht mir jetzt? Geht es mir gerade beschissen, wenn ich an das denke. Nein, quer tut's, es geht mir gut. Und grüezi, quer tut's, wie geht's dir? Dann Last Man, merci für den Lurk of Love, Chat. Vom letzten Mann der Welt. Ja. Merci vielmals. So, mal schnell lesen da. Das liest man gerne weiterhin eine gute Genesung. Ja, wünsche ich natürlich auch Fienchen. Das wünsche ich auch. Ich stehe in der Wäschküche. Ich bin vorgestern, gerade überlegen, habe ich endlich die Wäsche noch irgendwann aufgehalten die Woche. Ich glaube es nicht. Ich bin vorgestern in der Wäschküche gestanden, Specko. Aber man weiss immer, wenn Specko in der Wäschküche steht, dann ist die Welt in Ordnung, Chat.
Und ich muss zum Coiffeur, Chat. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Anti-Aging-Creme, um die Falten ein bisschen wegzubekommen, Chat. Mit 40 muss man auf das anfangen zu schauen, gell? Einfach, dass es gesagt ist. Und boy, Ullen, wie hast du es? Was sagst du zum Homebrew Monster? Das ist an Ullen gerichtet vom Grizzly. Was haben wir da? Das lasse ich schnell noch vorlesen. Ein bisschen faul zum selber lesen, Chat. Wir lesen vor. Über TTS. Wir lesen vor über TTS. Chat, es kommt irgendwann, ich verspreche es. Mein Speakerbot hat irgendwie wieder ein Problem. Der lässt jetzt irgendwie Sachen von vorne. Ich weiß es nicht. Chat, ich lese es schnell vor. Verdammten Bleichlingel. Was? Bleichlingel, oh mein Gott. Fluche ich innerlich, als das vertraute Geräusch erklang. Eine sich rasch entrollende Strickleiter saust den steinernen Schacht zu mir hinab. Ich kann nicht richtig lesen, ich muss es näher nehmen. Ja, das ist, wenn man alt wird. Chat. Ein Lächeln bildet sich auf meinen Lippen. Er wacht doch noch über die treuen Anhänger seiner Präsenz. Auf geht es nun zu tollen Menschen, Bosskämpfen und vor allem Geilheit. Ich ziehe mein Schwert und recke es gegen das Licht und sage... gegen das Licht auf, sage ich. Auf zum Hofe des Hammerkönigs. Mega schön, muss ich also an dieser Stelle schon sagen, grüezi Bär. Ist aber schon 13 Minuten her, darum muss ich ein bisschen vorwärts machen. Wieso bin ich alleine am Prügeln? Ich glaube, du bist nachher nicht mehr alleine gewesen, Ullen. Ich glaube, die Leute, die sind dann noch gekommen. Verdammten Bleichlingle, fluche ich innerlich, als das vertraute Geräusch erklang, eine sich rasch entrollende Strickleiter saust den steinernen Schacht zu mir hinab. Ein Lächeln bildet sich auf meinen Lippen, er wacht doch noch über die treuen Anhänger seiner Präsenz. Auf geht es nun zu tollen Menschen, Bosskämpfen und vor allem Geilheit. Ich glaube, ich kann abwürgen. Geil. Okay, für das habe ich einen Pedalknopf. Geil. So, Chat, ich mache weiter. Ich wollte noch sagen, es läuft, by the way, ein bisschen Mini-Playlist, aber wir dürfen noch einen gerne, also Findchen, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Moment zum Song-Request reinmachen, dann machst du einfach. Findchen, ich überlade dir das, aber ich habe gedacht, wir starten mal ein bisschen mit Applaus für euch, Chat, mit ein bisschen Oldies-Playlist und so. Ich begrüße noch schnell Renegade, Vito, Redbeard, Emin B., Lizzie und Robert, grüezi miteinander, wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Verdammten Bleichlingle, fluche ich innerlich. Jetzt hat mal der Schlitten. Geräusch. Ich weiß nicht, wieso das so verzögert kommt, Chat. Irgendetwas ist kaputt. Wieso ist es kaputt? Muss ich das Speakerbot neu starten? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist, Chat. Ich glaube, ich weiß, was es ist, Chat. Moment schnell, ich muss etwas machen. Ich glaube, jetzt ist es gut. Ich habe irgendwie, okay, es hat mir immer pausiert, das Zeug. He? Kein Wunder, kommt es dann so spät, wenn ich immer am Schnarren bin. So, Chat, ich muss weiterlesen. Pizza Hawaii-Gipfelis, oh hey, aber Juti, oh, das wäre jetzt irgendwie noch eine geile Idee. Merci, Lizzie, für den Lurk. Das war noch eine geile Idee. So, also das Gipfeli so halbieren, oder?
und dann so Pizza Hawaii-Belag drauf tun. Das war richtig nice. Holy shit. Alles Scheiße, deine Ellie passt gut zu meiner Woche. Ellie? Ellie? Ist gar nicht da. Also, ich komme nicht raus. Ja, Troy, ich bin stolz. Ja, Juti ist stolz. Let's go. Ja, da bin ich auch stolz. Kurz geschlafen bis um 9:30, Grüße, 12 Uhr weitergeschlafen bis um 3 am Nami, dann nichts mehr Schlaues gemacht, aber Viertaghäse. Ja. Fände ich irgendwie noch geil. Fischbaum, merci für den Like-Support, danke. Stressige Woche, aber meine Sicherheitsschuhe für den Winter. Aha, meine Sicherheitsschuhe für den Winter. Oha. Was ist an denen speziell? Also ich kenne mich halt gar nicht aus. Sicherheitsschuhe für den Winter. Gut gepolstert, oder? Chat. Irgendwie so. Der Warlock ist auch der Häsemeister. Was für ein... What? Der beschwört Geister. Also der Warlock ist gestern im Phasmo. Er ist ein paar Mal... Wir sind alle ein paar Mal gestorben, tatsächlich. Aber er hat sich nicht schlecht geschlagen, muss ich sagen. Stimmt, darum werde ich es jetzt wieder ein Jahr liegen lassen. Er hat es einfach zum Geniessen, Chat. Wegen dem. Nicht etwa, weil er es nicht gerne spielt. Und wir ihn vielleicht dazu gezwungen haben. Oh, geil. Ja, Hauptsache lecker. True. Hey, Jesse, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, danke dir. Freut mich, dass es dir gut geht. Grüße, gegessen. Ich habe so gedacht, also, du schreibst jetzt so den Satz und dann kommt dir während dem Schreiben ein Sinn, dass du mich noch grüßen willst. Und dann hast du echt Grüße noch geschrieben und hast den Satz nachher noch beendet. So habe ich das jetzt endlich interpretiert. Prima, super Tag, viele Leute und Party, aber alles super gewesen. Was hast du gefeiert, Quertutzu? Was hast du gefeiert? Habe ich etwas verpasst? Tell me. Was hast du gefeiert? Da muss ich wissen. Hast du wieder Geburtstag gehabt? So eine richtige Grippe mit fast 40 Grad. 40 Grad ist heftig, Mann. Fieber und tagelang flach liegen, aber es ist nur noch ein bisschen Husten rum, sonst ist es wieder gut. Hey, findest du? Da bin ich froh. Aber 40 Grad Fieber, holy shit. Ich meine, für mich, die typische Männergrippe ist bei 39 Grad, lieber Chat. Und das ist nicht zu unterschätzen. Bei 40 Grad würden wir sterben, wir Männer. 40 Grad, voll. Das ist unschön. Aber umso froh bin ich, dass es dir wieder gut geht. Hast du Geburtstag, Quertutzu? Hey, Moment mal schnell. Bevor ich jetzt Happy Birthday sage, muss ich in meinen Kalender schauen. Wo ist mein Kalender? Habe ich das nicht im Kalender? Das sollte auf meiner Uhr stehen. Hä? Oder nicht? Ich muss kurz gucken. Hat der Quertutzu... lügt er uns an? Was ich ja natürlich nicht denke. Oh mein Gott, ich sehe gerade Chat. Andere Leute haben auch einen Geburtstag gehabt die Woche, ohne Scheiß. Der Massi hat Geburtstag am Donnerstag. Und der Speck-Eier im Teig hat gestern Geburtstag gehabt. Quertutzu, hast du in dem Fall heute Geburtstag? Okay, let's do this. Dann tue ich das nämlich schnell eintragen bei mir. Moment schnell. Wo habe ich es? Da. Quertutzu. Geburtstag. Let's go. So, Chat. Gigi Massi, genau. Ihr wisst, was jetzt kommt, wenn der Quertutzu Geburtstag hat. Dann müssen wir natürlich etwas machen. Ganz wichtig. Wir werden schnell die Musik pausieren.
Wir tun schnell Musik pausieren. Heute ist alles kaputt, Chat, was es gesagt ist. Aber let's do this. Quer tut's so. Computer sagt nein. Hey, ich will jetzt singen, Chat. Ich wollte jetzt singen. Macht nicht alles kaputt. Happy Birthday to you. No! Doch, er hat heute Geburtstag. No! God! Mal, please, mal. no! Doch. No! Doch. Hello there. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Quertuzzo. Happy Birthday to you. Oh, let's go. Hier, Knöpfe. Surprise, motherfucker. Surprise, Motherfucker. Hey, Quertuzzo. Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich. Und das ist der Grund. Das ist halt der Grund, Chat, wieso Quertuzzo gefeiert hat. Jetzt macht alles Sinn, Chat. Jetzt macht alles Sinn. Quertuzzo, hey, ich hoffe, du hast viele tolle Geschenke bekommen. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, als der Teklat auf dem Kopf hockt vom Franziskus. Let's go. Ich begrüße noch schnell Bergnöhlen TV, Grüezi Marek, Swissuli, Black Meow Chicken Nick und Skizzy 279. Grüezi miteinander, schön sind ihr da, wie geht's euch? Hello. So, jetzt muss ich da noch schnell ein bisschen weiterlesen, wenn ich wieder 10 Minuten hinten nachher. Was für ein Delay. Also der Delay von mir, vom Chat lesen. Ja, das ist gewaltig. Gewaltig. 2025 technisch ist noch nicht so weit. Technik ist noch nicht so weit. Hey, true, aber das Geile ist, jetzt kann ich es wieder machen mit Musik pausieren. Mega Straub. Mann, das mit Bleichlingen war schon Part 2 vom Stream von Schmankel. Hier ist noch der erste Teil. Mal schnell schauen, ob da funktioniert. Stehe unten im Superloch. Ein leichter Schein kommt vom Loch hinab. Sternheim, die Leiter ist heute später als sonst. Ob da was passiert ist? Meine Lampe flackert, wenn ich nicht auf den Markt der Gefallenen komme, wird es diese Woche eng mit Brennstoff. In der Dunkelheit jenseits von meinem Lichtkegel sehe ich Bewegung, spüre ihre Blicke, die Bässe sehnen. Jene ins Loch Verstosene, die nie wieder online kamen und all die Trolle, welche der große Hammerkönig einst verbannte. Genau, ja. Merkt euch diese Worte, Chat. Merkt euch diese Worte. Let's go. Einen pandastischen guten Abend, Chat und Troy Bärenhöhlen TV. Das wünsche ich dir auch. Warlock gleich Hexenmeister, sorry, nicht Käsemeister. Ah, jetzt Hexenmeister, oh mein Gott. Damit kann ich schreiben. Hey, aber Ullen, das ist das Alter, ich sag's dir. Das ist das Alter. Ich habe das gestern oder vorgestern so gedacht. Ich war irgendwie am Schreiben gewesen, ja, im Geschäft, in unserem Teams und so. Und ich habe irgendwie keinen einzigen Satz richtig schreiben. Ich habe wirklich gedacht, what the fuck ist endlich los? Hey? Troy Sicherheitsschuhe sind polstert und haben Schutzkappen drin. Okay, das habe ich noch gedacht, dass die Schutzkappe vorne ist. Meine muss ich speziell kaufen, da ich zum Orthopäden muss. Ach so, okay. Aber da bist du jetzt ausgerüstet, Specku, das tönt natürlich nice. Weißt du, Troy, ich bin schon wieder ein Jahr älter geworden, so wie jedes Jahr halt. Ja, aber das ist so Mainstream, jedes Jahr älter werden, Chat. Wieso immer so Mainstream? Können wir nicht auch mal sagen, wir werden jedes zweite Jahr älter? Chat. Merci, Fienchen, danke. Redbeard, merci vielmals für den Resub im 12. Monat, 1 Jahr, holy shit. Redbeard, merci vielmals für den Support, danke vielmals. Habe ich alle begrüßt? Ich schaue schnell. Ja, ich habe glaube alle begrüßt. Happy Birthday, Massi. Ja, also vergessen es nicht. Wenn der Massi heute auftauchen, dann
direkt einfach Happy Birthday, Massi. He? Er hat am Donnerstag Geburtstag gehabt. Das Gleiche gilt aber auch für Speckeier im Teig. Er ist auch häufig da. Er hat gestern Geburtstag gehabt, wenn er in den Chat reinkommt, will direkt Happy Birthday reinmachen. Und letztes Jahr auch ein 4 an den Rücken bekommen. Bin nur ein paar Tage älter als du. Oha, Feta-Käse. Ein paar Tage, ja, okay. Und wie ist es? Wie ist es? Ist es noch gleich wie vorher? Hey, Ulen übrigens, merci für den Lurk-Support, danke. Glückwünsche an die Jubilare. Let's go, let's go. Hast du herzig gesungen? Oh, Arti. Ich geb mir immer Mühe. Ich merke, dass meine Kamera so ein bisschen Mühe hat mit dem... Ist es der Machete? Oder ist es mein Shirt? Das ist irgendwie meine Kamera macht, was sie will im Moment. Ich glaube, das war, weil ich nicht beim Coiffeur war bei Chat. Schaut euch das mal an, das ist ja schlimm. Hey, sehr gern, Quertuzu, sehr gern. Happy Birthday auch dir, wie alt bist du jetzt? 89. Quertuzu, bist jetzt du schon 89? Ach so, das Delay vom Chat ist nur, weil Stream delayed ist. Check. Hä? Ha? Jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Vielleicht bin auch ich delayed, Chat. Ich glaube, ich bin es, Chat. Merci für den Clip, Specko. Danke vielmals. Ich finde es mega schön, Specko macht immer Clips, wenn ich vorsinge. Vor allem, wenn ich Happy Birthday singe, gibt es immer Clips. Das finde ich mega schön. Aber wenn man in das Loch verbannt wurde, lästert es sich viel freier. Hey! Aufhören jetzt! Geht's eigentlich noch? Über Pizza Hawaii zum Beispiel. Hey, jetzt tue ich im Franziskus direkt eine Pizza Hawaii montieren. Das ändert jetzt davon. So, Pizza Hawaii montiert. Hey, und SDTLC, grüezi. SDTLC und Carnage Rage, grüezi miteinander. Du wirst in diesem Moment älter. Ja, wir können natürlich auch so Sekunden zählen, oder? So, und jede Sekunde feiern wir Sekunde, hä? Geburtstag. Wär's denn noch Geburtstag? I don't know. Die Geburtssekunde, Chat. Ich schicke dir... Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Ich schicke dir zum Geburtstag ein Päckchen Taschentücher. Mach das, Arti. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Nein, ich bin instant krank geworden. 40 ist nicht ohne. Oh shit, Mann. Sag nicht so etwas. Ich will nicht. Es ist doch nur eine Zahl, die sagt doch nichts aus. Es ist schon true. Es ist schon so. Aber trotzdem, irgendwie, wir begegnen dieser Zahl immer wieder. Man muss sie immer irgendwie eingeben, oder zumindest das Jahr eingeben, und dann kommt einem wieder ein Sinn, ah ja genau, ich bin ja 40. Also, ich bin jetzt noch nicht 40, aber gleich 40. Übrigens, geiler Song, Jessie. Ich bin mir sehr ziemlich sicher, dass der Song von der Jessie ist. Die Zahl wird voll überbewertet, true. Heute gibt es Pizza Hawaii Gipfelis, genau. Da haben wir es nochmal, da, Chat. Let's fucking go. Was lästern über Troy? Ich bin dabei. Strohhut, Dave. Bist du schon du willst noch nach unten, ne? Let's go. This is Sparta! Let's go. Und Strohhut Dave, wie geht's dir denn? Oh, sorry. Strohhut Dave, wie geht's dir denn überhaupt? Und Calls, Mann, grüezi Calls. Dave Calls, wie geht's euch? Schön sind ihr da. Wegen der Geschenke sehr viele tolle Sachen bekommen, vor allem Sachen, die mich auch in Sachen Support unterstützen. Und das habe ich recht geil gefunden. Support, habe ich jetzt Support gesagt? Ich denke, das macht keinen Sinn. Sport.
Okay, das ist, ja, es ist immer geil, wenn Leute halt etwas schenken. Also ich finde es auch immer sehr schwierig, ein passendes Geschenk zu finden. Aber ich finde es umso schöner, wenn die Leute etwas schenken, das wirklich dann auch passt. Weil dann merkt man so ein bisschen, man hat sich Gedanken gemacht, man hat sich gefragt, hey, was würde jetzt da passen, Sport und so, wer tut so und so, oder passt. What is happening? Und Moan zusammen Subaru 23 Subihai. Fippo, Mann, merci vielmals für den Tier 2. Tier 2 Resub im 14. Monat. Danke vielmals, Fippo, und grüezi. Wie geht's? So schön, dass du da bist. 14 Monate, hey, holy shit. Hey, Arti, merci vielmals für Pizza Hawaii. Let's go. Let's go. Ich hoffe, man darf sich hier mal ein bisschen auskotzen, wenn nicht die Message bitte skippen. Ja, der Song ist von Jesse. Ich gehe nochmal zurück, Chat. Ich habe so dermassen mit mir zu kämpfen und irgendwie kommt es beim Date bei mir gang aufs Gleiche raus. Ich lerne jemanden kennen, man versteht sich wirklich super, geht aufs Date, kocht zusammen daheim und hat einfach eine super Zeit. Aber sobald ich sage, hey, ich habe mir das Ganze gut überlegt und ich wäre bereit für etwas Festes mit dir, machen die Damen nachher, ich weiss ja nicht, ob ich die richtig bin für dich. Sprich, ein nettes, verpacktes Päckchen nehmen. Ah, schwierig. Grüezi, Bär. Schwierig. Ja, also habe ich so auch schon erlebt, ja, natürlich. Ich glaube, haben wir alle irgendwie schon mal so erlebt. Behaupte jetzt einfach einmal. Aber hey, come on, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich spüre da so ein bisschen, und ich verstehe so völlig so ein bisschen die, wie sagt man? Ich finde das Wort gerade nicht. Ich werde nur sagen, gib nicht auf. Das wird schon. Ne? Grüezi Bär, das wird schon. Und einfach weiter probieren. Mein Gott. Wir fliegen auf die Fresse und dann stehen wir wieder auf. So machen wir das. Wir fliegen ins Loch, aber dann klettern wir wieder rauf. Ich sage immer, wenn man auf die Fresse fliegt, steht man entweder wieder auf oder man wird zum Batman. Wir haben die zwei Optionen, Chat. Ruckenweh, aber geht gut. Die Chefin hat mir gestern noch gesagt, ich bekomme eine Lohnerhöhung. No way. No way. What? Da gehst du ein bisschen etwas ab. Ich wäre auch eine. Also, Musik aus. Schnell Real Talk. Ich will da eine fucking Lohnerhöhung, bitte. Ist langsam an der Zeit. Aber geil. Calls, das finde ich geil. Das finde ich echt geil. Ja, da würde es mir auch gut gehen, Calls, ohne Scheiß. Bin schon ein bisschen neidisch, ich gebe es zu, aber du hast dir das ganz sicher auch verdient. Dann halt auch noch das Ghosten, was einem zusätzlich abzieht, ganz ehrlich, ich schlafe scheisse, fühle mich so wie so zwei Klassen, obwohl ich weiss, ich bin ein fantastischer Mensch. Ich finde es schön, dass du das auch so siehst, das finde ich eine gute Einstellung, by the way, aber es ist schwer, das aufrechtzuerhalten. Hey, ich verstehe es, ich kann das mega nachfühlen. Ja, das Ghosten ist so eine Sache, aber ich kann dir sagen, es kann schlimmer sein. Es kann fucking schlimmer sein, wenn die andere Person zum Beispiel mega klammert. Dann. Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber ich finde es eigentlich fast immer das Beste, wenn man den Abstand nimmt. Chat. Grüezi Bär, einfach was es gesagt ist. Aber es kommt auch immer auf die Situation drauf an. Mein Gott, man kann es jetzt nicht all so allgemein sagen. Aber es ist doof, wenn es einem fertig macht, ja, auf jeden Fall. Aber musst du auch immer überlegen, wäre es anders schon mal besser. Weißt du, was ich meine? Es ist immer ein bisschen schwierig. Antonio Margaretti.
Mir geht's gut, hab gerade gegessen, Pizza und Suppe gab's. Was für Pizza gab's denn, Dave? Hey, aber nice. Und was für eine Suppe gab's denn? Ich habe vorhin noch ein Sandwich gegessen. Aber das, Pizza und Suppe, klingt sehr geil. Klingt sehr geil. Ja, du, mir geht's den Umständen recht gut, nur ein bisschen Schultern und Rückenschmerzen. Okay, also, aber so, einfach im Moment, bist du auf dem Weg zur Besserung, Fippo. Das hoffe ich doch schwer, dass du auf dem Weg zur Besserung bist. Ist dann etwas passiert, Fippo? Also hast du irgendwie, keine Ahnung, bist du umgekehrt, bist du ausgeschlüpft? Ja, so glatt ist. Also, ich habe viele Storys gehört von Leuten, die ausgeschlüpft sind in den letzten paar Wochen. Einmal. Aber Geschenke sind ja immer geil, egal was. Ja, zum Beispiel, weißt, ich kann dir jetzt so ein Beispiel zeigen. Oder? Ich habe mal so einen Fleischhammer bekommen, oder? Und ich musste sagen, hä? Und ich musste sagen, hä? Wieso jetzt ein Fleischhammer? Oder? Da kommt niemand raus, oder? Nein, sage ich. Man freut sich immer über Geschenke. Finde ich auch. Ich freue mich auch immer über Geschenke. Und so verrückt verkehrt ist es in der Regel ja amix auch nicht. Oder Chat, haben Sie schon mal so, wie soll ich sagen, so Trollgeschenke bekommen? So Geschenke, wo Sie auch so gedacht haben, was soll jetzt da? Ich will das nicht, so quasi. Hat es das schon mal gegeben, Chat? Also, bei mir war das, glaube ich, noch nie der Fall gewesen, wo ich musste sagen, nee, das ist jetzt ein doofes Geschenk. Ja, vielleicht eines, Chat. Vielleicht eines. Vielleicht eines, aber ich sage jetzt nicht, was es war. Hey, und Wolfi übrigens, Wolfi, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hello. Wie war deine Woche, Wolfi? Ich wollte es noch fertig lesen, Chat. Egal was, außer Zocken und Hygieneprodukte, warte mal, ich habe Shampoo und Duschgel geschenkt bekommen. Das habe ich aber auch. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch bekommen. Und es ist sogar mega gut gewesen. Es ist wirklich mega gut gewesen. Also, hat mega fein geschmeckt. Troy, wenn ich Schwein habe, habe ich mich fast verschluckt. Wenn ich Schwein habe, deckt es das ab, was die Krankenkasse offen ist. Ja, I know. Also weißt du, aber lieber so, als wenn du quasi jedes Jahr weniger verdienst. Weißt du, was ich meine? Wenn du es gegenrechnest und jedes Jahr hast du eigentlich weniger davon. Und ja, das ist doof, he? Und das regt mich auch ein bisschen auf. Okay, jetzt würde Gummimasken erklären. Ja, das ist alles nur eine Maske, Chat. Und Wolf übrigens, guten Morgen. Guten Morgen, hast du gut geschlafen. Und Nussi Licious, ich sage das überhaupt richtig. Nussi, muss man halt sagen, wenn sie eher so Englisch wäre, so Nussi Licious. Aber ich glaube, es ist eher so die Nuss, so wie der Franzisk-Nuss. Hey, jetzt haben wir bei neu, da finde ich es cool, jetzt als Schweizer Streamer und coole Themen. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Hey, also ich begrüße dich nochmal herzlich da auf dem Channel, in dieser tollen, wirklich sehr, sehr, sehr liebevollen Community. Also das hast du jetzt schon gemerkt und das wirst du auch noch merken. Ich bin einfach da. Ich bin so ja, der einfach noch da ist und irgendetwas schnarrt. Aber freut mich natürlich riesig, dass du da bist. Wenn sie nackt klammert, würde ich das nicht so eng sehen. Ja, natürlich, okay. Fair enough. Ja, das sind wir dann halt Männer. Dann drücken wir ein Auge zu. Merci, dass ich trotzdem teilen durfte. Und ich weiss, es sind nicht alle Damen so, ganz besonders nicht die in deinem Chat. Ich finde die alle sympathisch und geil.
Und die Männer natürlich auch. Ich mache noch schnell den Gegenchat, den Gegenchat, what the fuck, den Gegencheck, ob das auch wirklich so ist, dass da alle, die anwesend sind, da wirklich ganz tolle Personen sind. Mhm, ja. 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 Du auch, ja. Mhm. Yeah. Ja, okay. Ja, mal, kann ich unterstreichen, definitiv. Kann ich unterstreichen. Ja, mega schöne Worte, Grüezi, finde ich schön. Nee, schon vom Weg zum Schmerzen zu bekommen, leider wahrscheinlich Verspannung und Muskel eingeklemmt eventuell. Oh. Aber es ist nichts passiert in dem Sinne. Ja, ich kenne es, es gibt es manchmal, oder? Dann ich wünsche dir in dem Fall schon mal eine gute Besserung. Ja. Ich hoffe natürlich, es kommt gar nicht so weit, Fippo. Dass es jetzt schon wieder besser wird und wieder gut. Alles tut es mir weh. Alles tut's mir weh. Ein rauchiger Whisky. Ja, so ein rauchiger Whisky. Wäre schon noch nice. Es fühle dich mehr, als du denkst. Habe ich auch das Gefühl. Ich habe zu Weihnachten ein total dummes und unüberlegtes Geschenk von meinem Vater bekommen. Carnage, was war's denn? Hast du das schon erzählt? Was hast du denn bekommen? Trollgeschenkli für dich sind doch Treugeschenkli. Ja gut, das hat etwas, ja. Das stimmt schon, die Überlegung stimmt schon. Auch schon viel Plunder bekommen. Ja, aber was ist denn Plunder? So Zeug, wo irgendwie denkst, ja, hat jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und es ist nichts zum Konsumieren. Ja, wie zum Beispiel Kokainum. Bist du wieder am Chat anschließen? Ja, das mache ich gerne. Ich habe schon Geschenke bekommen, wo ich gedacht habe, was soll denn das? Aber man kann ja eigentlich fast alles immer brauchen. True. Ja, also ich sehe es auch so. Ich habe dann auch schnell den Gedanken, relativ schnell den Gedanken, hey, ich kann das brauchen. Oder dann wäre es noch cool, dann kann ich das brauchen. Aber ich glaube, ich habe noch nie etwas bekommen, wo ich gedacht habe, weißt du, wo ich wirklich so gedacht habe, leck, ist jetzt das ein dummes Geschenk? Wie unpassend ist jetzt das Geschenk, bitte? Hey, und Römer, wie hast du es? Sorry, dass ich dich erst jetzt begrüße. Römer, grüezi. Wie war deine Woche, Römer? Hey, und Römer, Gruß an Schmarz. Ich habe gesehen, Schmarz hat halt den PC gewonnen. Schmarz hat halt den PC gewonnen, oder? Darf ich das überhaupt sagen? Da? Ich habe nichts gesagt, schon. Und Cheater Dan, hey Cheater Dan, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, hello. Ich bin wieder 5 Minuten hinten nach, aber 5 Minuten sind nicht 10 Minuten, Chat. Das Shampoo etc., das ich bekommen habe, ist auch extra für Schwimmer, also richtig geil, okay, das ist natürlich nice. Also das ist überlegt, das passt gut. Aber ich frage mich jetzt gerade, was ist an diesem Shampoo denn speziell? Ist das noch so... Gibt das noch so ein Coating, wo dich dann aquadynamischer? Das ist jetzt auch abgeleitet von aerodynamisch. Aquadynamischer macht. Kopf hoch, kommt besser, verstehe dich zu 100%, weil ich bin schon gut ca. 6 Jahre Single. Ja, also du bist sicher nicht allein. Grüezi Bär, ich glaube, mir ist nie allein, auch wenn man denkt, oh mein Gott, ich glaube, nur mehr geht es jetzt so beschissen, oder nur ich habe jetzt die Challenges. Es ist im Gegenteil. Also du kannst dir ganz sicher sein, dass ganz, ganz viele Leute das Gefühl kennen. Ja. Aber das wird schon. Und mein Gott, Single sein kann auch Vorteile haben. Also ich geniesse es ganz ehrlich auch. Jetzt. Troy's Hammer für den Fippo, let's go. Let's go. Oh, der Troy, die Masking und dann kommt der Massi vor, das war es mal.
Ja, genau, du sagst es richtig. Nussi, okay. Das sage ich aber auch einfach Nussi. Ich glaube, das passt. Und sonst darfst du mich jederzeit korrigieren, gell, Nussi, wenn du sagst, ja, nein, Nussi finde ich jetzt ein bisschen doof. Einfach sagen, wie kann man das einmal notieren und dann vergesse ich es auch nicht mehr. Dun, 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 dun. Und Vito nochmal grüezi, alles klar, hey. Freut mich, dass das alles klar ist. He? Ja, ich habe ja letzte bei dir noch reingeschaut, Vito, das stimmt. Und hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Alles gut, ich hatte eine gute Woche gehabt. Ja, es war eine gute Woche gewesen. Und ja, Wochenende, chillen, just chatten, just chattern. Und dann noch ein bisschen Indiana Jones irgendwann. Zwar nur 4 Minuten hat, nachher muss man etwa Sachen im DC posten. Nein, alles gut. Lernt man doch auch mal so ein bisschen die Gemütlichkeit und so. Ja, du, kein Problem. Uwe, was ist, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Aber hey, lieber solo sein und glücklich sein als Zweite und sich auch nur Krach im Dach. Hey, absolut richtig, Fippo. Man muss auch das andere sehen, also wie soll ich sagen, die unschönen Sachen am anderen. Macht das Sinn? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, oder? Die unschönen Sachen am Nicht-Single sein. Da muss man sich auch bewusst sein. Und da kann man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen freuen darüber, dass man Single ist. If you know what I mean. Ist zu mir gekommen? Was ist schon zu dir gekommen? Also der PC? Das kann nicht sein, der PC ist noch da. Nein, du meinst die Info? Krach im Dach ist nie gut, lieber glücklich, oder? Hey, absolut Nussi, das finde ich auch. Das finde ich auch. Natürlich, gleichzeitig muss man auch sehen, eine schöne Beziehung ist natürlich auch mega schön. Also, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber in so einem Moment, sage ich jetzt einmal, wo man eher so ein bisschen das Negative sieht, also, shit, man, es klappt nicht und shit, man, ich bin schon wieder auf die Fresse geflogen. Dann, jetzt habe ich den Vater, verloren. Den Vater habe ich verloren, Chat, oh mein Gott. Jetzt im Reden habe ich den Vater verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Dann sieht man das amigs nicht mehr so. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Da sieht man eben auch, da denkt man nur, all das Schöne, das ich jetzt nicht habe. Und das macht einem dann sad und man vergisst all das Unschöne, das eigentlich dann auch noch dabei sein könnte, wo man dann zum Glück ja nicht hat. Ja, das wollte ich sagen, Chat. Wo bin ich? Ich habe von meiner Gotte damals auf der 14. Geburt einfach nur eine Nudel bekommen. Und das was eine Nudel? Eine Nudel? Und es war dann nicht so, als ob ich nur Nudeln essen würde. Sorry, ich weiss nicht, wieso was ich mir jetzt das so vorgestellt habe, dass du eine Nudel bekommst. Das ist so eine. Nicht das Pack Nudeln, sondern so eine. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Du hast einfach eine Nudel bekommen. Ja, ich weiss nicht, vielleicht steht eine Message dahinter, Renegade. Hast du das schon mal überlegt? Vielleicht steht ganz klar, vielleicht auch ein bisschen unauffällig platzierte Message dabei bei diesem Geschenk. Keine Ahnung, ich weiss jetzt auch nicht, was es könnte sein. Vielleicht hätte sie dir sagen, du hure Nudel, du. Du bist eine Nudel. Okay, nein, das finde ich jetzt schon ein bisschen speziell. Einfach Nudeln. Aber dann muss ich auch sagen, es ist etwas zum Essen. Also, es ist etwas, das nimmt nicht Platz. Also ja, es nimmt schon Platz ein, aber man kann es ja dann konsumieren und dann ist es weg. Und Nudeln kann man ja grundsätzlich immer machen. Ja, also, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Es war ein Bilderband zu der IJN Yamata für Modellbauer.
Ich habe aber nichts mit Modellbau zu tun und mein Vater dachte sich einfach, dass er noch irgendwas zusätzlich zu dem Klemmbausteinmodell, was ich geschenkt bekommen habe, bekomme. Ich habe auch erfahren, dass er meinem Bruder gezeigt hat, dass er mir es holen will und der dann gesagt hat, dass ich das so in gar keiner Weise brauchen werde. Wo ich das dann ausgepackt habe, kam von meinem Vater sinngemäß: Ja, wir beide haben uns was überlegt. Okay, ja, speziell. Carnage, okay. Aber es war ja nicht das Einzige. Ne? Es war da noch ein Klemmbaustein-Modell dabei. So quasi so der unnötige Zusatz. Ne? Das Zusatzgeschenk obendrauf, was man dann nicht brauchen kann. Er hat spezielle Zutaten drin, die es ein bisschen besser binden und entfernen. Das ist geil, weil Chlor trocknet deine Haut richtig aus und macht deine Haare brüchig. Und das eine kannst du vor dem Schwimmen anwenden, sodass deine Haare weniger Chlor aufnehmen während dem Schwimmen. Okay, das ist interesting. Das habe ich nicht gewusst, dass das existiert. Nachricht mit voll ausgereiztem Zeichenlimit, by the way. Oha, interesting. Carnage, okay, krass. Mittlerweile hat die Müllabfuhr aber auch schon das Geschenk entgegengenommen. Ja, das muss man dann ja auch niemandem sagen. Ne? Ja, ich meine, irgendein ist, wenn ich noch so etwas habe, das ich auch nicht brauche, und das war mal ein Geschenk gewesen, keine Ahnung, vor x Jahren, dann irgendein kommt es dann ja auch weg bei mir. Nein, absolut nicht. Ich bin bekannt unter Nossi. Wird abgeleitet von meinem Nachnamen. Oha. Okay, interesting. Ja. Du hast einen Nossi im Nachnamen. Ja, Franziskus, hast du das gehört? Let's go. Hat zu Ruhe und Gemütlichkeit kann man einen schnellen Lindy tanzen. Zu Ruhe und Gemütlichkeit. Okay. Let's go. Manchmal sind Beziehungen auch eher ungesund. Hey, das gibt es relativ häufig. Also ich sehe das relativ häufig. Ja, das ist so. Es gibt gute Beziehungen und es gibt schlechte Beziehungen und es gibt auch alles zwischenin. Es ist leider so. Chat. Höre ich da Dubstep? Ist das noch ein Ding? Das würde jetzt der Deadpool fragen. Ist Dubstep noch ein Ding? Ist das wirklich, lasst mir das heutzutage noch? Aber alles gut, by the way. Also, ich habe auswählig Dubstep gelost, sage ich mal. Und wenn es gut integriert ist in einen Song, dann finde ich es auch echt nice. Mit der Info, okay, Römer, alles klar. Am schlimmsten wäre Krach und Kind, die ultimative Combo. Habe ich auch ein paar Kollegen, die das haben oder hatten. Oder ja, das ist halt auch nicht. Das ist auch nicht einfach. Eben, in so einem Moment kannst du eigentlich auch glücklich sein, dass du Single bist, ganz ehrlich. Das denke ich jedes Mal wieder, wenn ich so Storys höre. Und ich denke, du arme Sieg. Und dann kann ich aber auch ein bisschen glücklicher sein. Ja, es klingt blöd, aber das ist ja so. Oder? Hey Tipp, wie geht's? So schön, dass du da bist. Auch dir guten Abend. Hello. Und Troy, ich habe wirklich nur auskübeln. Ich habe mich wirklich nur auskübeln, nicht, dass ich das Gefühl habe, dass andere nicht auch unter genau dem leiden würden oder so. Hey, alles gut, alles gut. Ich sage es einfach amigs, aber ich sage es auch, weißt, ich sage es auch ein bisschen für alle. Ich habe Momente, wo mir das wieder mal bewusst werden muss. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt auch nicht nur an dich gerichtet, oder? Es ist wirklich so für alle gerichtet. Eigentlich ist ja schon das Hauptproblem beim Mann und Frau. Die Frau studiert immer zu viel und der Mann zu wenig.
Sie denkt, hey, der macht nichts und er denkt, hey, was hat denn die, ist ja alles okay oder so, sind so meine Erfahrungen. Finde ich noch interessant. Also immer ist es natürlich schon nicht so. Es gibt sicher auch Ausnahmen. Ich glaube, ich bin auch jemand, der eher viel überlegt. Also, das kann jetzt auch alles bedeuten. Aber wo sich viel überlegt bezüglich der Beziehung. Und auch allgemein mache ich mir manchmal ein bisschen zu viel Gedanken über irgendwelche Themen. Ich glaube, ich bin dort eher so. Ich bin vielleicht dort nicht der typische Mann, aber nur ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe absolut, was du meinst. Dubstep wird immer noch gerne in Oso gemappt. Okay. Hey Chat, ich sehe das Ende vom Chat. Was ist los? What is happening? Sind wir eingeschlafen? Hey, Rumpel, was ist los? Was hast du gemacht? Du bist das Ende vom Chat, Rumpel. Du bist das Ende vom Chat. Rumpel, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hallo, wie war deine Woche, Rumpel? Jetzt kann ich da noch schnell ein bisschen Wasser einschenken. Studieren, Beziehung, hallo. Ich finde, ein bisschen überlegen schadet nicht. Aber so bin ich einfach. Ich bin jemand, der auch... Ich bin nicht sonderlich spontan. Das gebe ich zu. Das ist... Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wo ich auch mehr sage, so, jetzt muss ich einfach spontan sein, if you know what I mean. Hey, by the way, Robert, habe ich mich eigentlich jemals bedankt für 4 Bits. Robert, merci vielmals für 4 Bits. Das ist natürlich kein Lurk und wegen dem habe ich es wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber Robert, danke. Wo bin ich gewesen? Ich finde es gut, wenn man etwas überlegt. Oder wenn wenigstens jemand in der Beziehung ist, der etwas überlegt. Ich bin auch der Meinung, in Sachen Beziehungen, jetzt ganz allgemein, oder für mich ist das einfach so, ich finde es am besten, wenn man sich ein bisschen ergänzt. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, wenn beide genau gleich sind, I don't know, schwierig, oder? Könnte schwierig sein. Wenn man komplett unterschiedlich ist, vielleicht auch schwierig. Aber wenn man ein paar Sachen hat, wenn man quasi die Schwächen und die Stärken so ein bisschen ergänzt, dann ist es, glaube ich, schon noch, dann könnte es eine gute Beziehung sein. So sehe ich das ein bisschen. Chat. Und hier bin ich wieder. Ohne Scheiß, irgendwann ist, wenn ich mich so ausblende, Chat, und ich mich wieder einblende, müsste ich so ein weisses Näschen haben. So ein bisschen Mehl angemacht haben, weißt du? Geiler Song, by the way. Nein, Troy muss die Nachmachen. Hey, Specko, alles gut. Mach nur, hey, viel Erfolg. Und nachher einen guten Specko. Wacht wieder auf, Carnage, ja. Wachen Sie wieder auf, Chat. Kokainum, genau. Rumpel, du bist das Ende vom Chat. Du bist das Ende der Welt. Rumpel, nein. Ha. Solange es noch rumpelt auf der Welt, Chat, ist alles gut. Manchmal muss es auch ein bisschen rumpeln. Wisst ihr, was ich meine? Das Ende von Chat. Ja, wird jetzt Studiengang. Wir haben dir auch mal die Chance geben, das Ende zu erreichen. Danke vielmals. Ja, das ist mega lieb, dass ihr auch ein bisschen an mich denkt. Ich überlege nicht, ich lasse nur auf mein Herz. Das finde ich aber auch, tatsächlich auch etwas Interessantes, da, was du jetzt schreibst. Selber ja auch grundsätzlich, gerade in einer Beziehung, aber
Ich glaube, so ein bisschen aufs Herz hören bei der Wahl, ja. Wisst ihr, was ich meine? Da ist man dann auch so, wenn man vor der Wahl steht oder sich muss überlegen, hey, ist jetzt das, will ich eine Beziehung im Allgemeinen, ist das jetzt die richtige Person und so weiter? Dann ja, würde ich schon auch sagen, lass aufs Herz, so bin ich dann auch. Ich finde eher nachher, dann, im ganzen Zusammenspiel, und man ist schon länger zusammen und so, damit es gut funktioniert, im Gesamten, dort meine ich, dort muss man auch schon auch ein bisschen überlegen. Am Anfang braucht es das nicht, sehe ich, spüre ich absolut. Am Anfang lebt es mir einfach aus. Man lässt aufs Herz und man hat einfach nur die Gefühle und so, das ist auch geil. Aber nachher muss man schon auch ein bisschen sehr einschalten, Chat. Sonst wird das nichts. Just a fool in love with you. Ich würde es jetzt nicht so verallgemeinern. Es ist auch besser, sich langsam an das heranzutasten. Meine letzte Beziehung ist Act Chatten. What? Act Karte. Chatten, treffen, smashen und zusammenkommen im Speedrun gesehen. Ist halt auch nicht ideal. Ja, das sehe ich schon auch, ja. Es ist ein Antasten, man muss sich immer Zeit lassen. Man muss sich halt schon Zeit lassen. Ich bin auch jemand, ich brauche viel Zeit, bis ich mir dort auch so ein bisschen sicher bin. Spontan! À la Schatz, ich würde mich über einen Liebesbrief freuen. Wieso? Etwa so, ja, Karls, genau. In einer guten Beziehung braucht man doch ein paar separate Hobbys und Freunde, sonst hockt man doch nur aufeinander. Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich lasse jetzt mal die Anfangsphase weg, wo man viel zu verliebt ist, sage ich jetzt einmal. Meistens. Aber nachher, in dieser Phase nachher ist es sicher nicht gut, wenn man immer aufeinander hockt. Bin ich auch dieser Meinung. Das 18-Plus-Rumpeln. Die Ente vom Chat. Let's go. Oh shit, das Kappa-Dingsbums vergessen. Ja, natürlich kein Satz. Ja, nein, das ist nicht wahr, Rumpel. Da kannst du uns nicht erzählen. Ja. Jenny, komm Jenny, da glaubst du auch nicht, wenn der... Troy Haschrug left Troy Haschrug Middle Troy Hahug. Ja, ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt ein Geist, Chat. Merci vielmals für das. Und Jenny. Jenny, grüezi und merci vielmals für den Resub im 30. Monat. Jenny, danke vielmals für den Support. Und Jenny, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und Schnegge, wie geht's denn dir? Und welcome back, Cutie. Wie geht's euch, liebe Menschen? Schön, dass ihr da sind. Und merci nochmal für den Support, Jenny. Danke. Wo sind wir gerade gewesen? Wir sind gerade übrigens beim Thema Beziehungen. Und was es sich so ein bisschen braucht und das Zusammenspiel und nicht zu viel aufeinander hocken. Jeder muss auch ein bisschen sein eigenes Hobby haben und so. Wir sind gerade irgendwie in dieser Thematik drin.
Finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, auf jeden Fall. Die Ente vom Chat, genau. Hey, schwieriges Thema, Logo verstehe ich und nicht jeder sieht es gleich. Es ist ja auch immer unterschiedlich. Man macht die eigenen Erfahrungen und man tut halt aus diesen Erfahrungen tut man halt auch berichten, sage ich jetzt einmal. Und die sind halt immer unterschiedlich. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Aber auch Nussia oder auch, was du schreibst, auf jeden Fall, kann ich eigentlich auch unterstreichen. Es ist teilweise auch wirklich genau so. Nicht jeder sieht es gleich, ist ja logisch. Für jeden gibt es doch den passenden Deckel. Absolut. Absolut. Jetzt kommt mir gerade das Lied in den Sinn. Aber hey, ich lese noch schnell fertig. Manchmal geht es halt länger nicht aufgeben. Hey, kann ich auch noch unterstreichen, Nussi, was du sagst, ist es so. Also, liebe Chat, alle, ich sage jetzt allen, und nicht nur im Grüezi-Bären, allen, die vielleicht in dieser Situation sind. Und ihr habt das sicher schon x-mal gehört, ich habe mir das auch schon x-mal müssen anlassen. Aber es ist halt einfach so. Das ist die Wahrheit. Manchmal geht es halt länger. Wir gehen nicht auf. Und wenn wir auf die Fresse gehen, dann stehen wir wieder auf, lieber Chat. So machen wir das. Und so funktioniert schlussendlich das Leben auch ein bisschen. Welches Lied ist mir jetzt in den Sinn gekommen? Chat, jetzt muss ich schnell überlegen. Welches Lied ist mir bei dieser Message in den Sinn gekommen? Oh, das ist das Lied von Knorkator, wo mir in den Sinn gekommen ist. Das ist ein fucking sad Lied, aber Knorkator Liebeslied heisst es, glaube ich. Und der Text hat eben da mit dem Deckel. Und das Loch in meinem Herzen sieht genauso aus wie du. Und irgendetwas mit Deckel. Ich weiss es nicht mehr. Vielleicht kennt jemand das Lied. Mein Gott. Mit keinem anderen Deckel geht's je wieder zu. So ist der Text gewesen. Das ist eigentlich ein mega sades Lied. Das ist wirklich ein mega trauriges Lied. Also so ein Liebeskummerlied halt. Manchmal hasse ich mich für meine Wortspiele. Ach, Carnage, alles gut, alles gut. Troy meinte doch gerade, dass ein bisschen Rumpeln gut ist. Ja, true. Stehe ich auch dazu. EGT ist eigentlich okay, grüezi Bär. Ja, da bin ich zu alt für das. Da bin ich zu alt. Ich brauche nicht viel Zeit, ich probiere einfach alles aus. Hey, aber kann man anmachen. Kann man anmachen. Und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen «Lass auf dein Herz», oder? Oder «Lass ein bisschen auf dein Bauchgefühl» vielleicht, I don't know. Oder mach einfach einmal. Ja. Das finde ich auch eine gute Einstellung. Nein, was macht ihr mit dem Troy? Ist alles gut, Jenny. He? Sie sind lieb. Unter dem Strich sind sie lieb zu mir heute. Oh, schau jetzt. Hallo, du wundervollste Sonnenblume des Südens. Das finde ich immer wieder schön. Die Baroness aus der Umgebung, ich grüße. Und Aloha, liebe Jenny. Schön bist du da. Schön bist du da. Die arme Jenny. Wieso ist jetzt die Jenny arm? Die ist doch nicht arm. Chat, haben Sie schon das neueste Swiss Twitch Clips Video geschaut? Ja. Die sehen dann nämlich als Jenny. Die hat so Skills, oder? Die hat so Skills. Die kann eben Sachen. Die kann eben Videos schneiden, Chat. Ich bin klein und hässlich, aber reich. das ist einmal eine Aussage. Ich bin klein, hässlich, aber reich. Wenn du reich bist, das kann ich nicht beurteilen, aber beim anderen, ja gut, man kann klein. Was ist klein? Bist du kleiner als ich, Rumpel? I don't know. Oh, was ist das? The Butcher Sisters. Drachentöter. What the fuck?
Irgendwie geil. Irgendwie geil. Habe ich noch nie gehört, Chat. What the hell? Du hast meine Adern. Okay, interesting. Oh, aber es ist halt geiler Metal-Stil. Und geile Abwechslung finde ich auch geil. Ein bisschen das Epische dabei. Es erinnert mich ein bisschen, der Song erinnert mich ein bisschen an Equilibrium auch. Auch vom Stil her. Fast wie ich, klein, hässlich und arm. Jetzt hört mal auf, was bin ich denn? Ja, ich bin auch klein, ich bin auch hässlich und ich bin auch arm, okay? Das kann ich auch. Thema Beziehungen, juhu, ich bin weg. Jenny, also wir können natürlich auch, ich bin offen für alle Themen da. Ich gehe mit dem Flow. Ich gehe mit dem Flow. Das ist eine Superkraft. Ich bin reich. Batman. Let's go. Geht so, erhole mich noch vor allem von Gehirnerschütterung. Oh, hast du noch eine Gehirnerschütterung gehabt, Schnecke? Kennt das Fuß ist unter enger Kontrolle eine Wundmanagerin und das scheint langsam bergauf zu gehen. Okay, das freut mich. Auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Aber hey, ich drücke euch die Daumen, ne? Und Kenta und so. Das wird schon, Schnecke. Und die auch eine gute Besserung, ne? Holy shit. Perfekt, wir haben Gemeinsames und ergänzen uns. Schick mir mal deine Nummer. Schwierig. Rumpel das also schwierig, aber da muss der Jenny selber sagen. Ich frage den Blätsch, wenn er einverstanden ist, schicke ich dir sie. Let's go. Ich muss auch allein etwas machen. Das hat nix, das hat mein Ex nie können. Ich habe immer müssen mit, obwohl es für mich eine Qual war. Das ist auf jeden Fall keine gesunde Beziehung. So, ja. Das, was du jetzt geschildert hast. Man muss auch für sich allein etwas machen. Es muss wie einfach so, es muss halt ein bisschen die Balance sein. Klar darf man nicht komplett aneinander vorbeileben und so. Da stellt sich dann irgendwann schon die Frage, wieso ist man überhaupt zusammen in dem Sinn, oder? Aber so die Balance muss irgendwie schon sein. Das ist genau da, wo vorhin auch gesagt worden ist, mit ein bisschen eigene Hobbys haben, eigene Interessen. Es darf auch gerne etwas Überschneidendes sein, das ist ja auch geil, aber unter dem Strich muss man einfach auch quasi schlussendlich respektieren, dass die andere Person andere Interessen hat zum Teil und dieser Person und auch zulassen, dass die Person die Interessen ausleben kann. Ja. So wie man ja dann selber auch seine eigenen Interessen ausleben darf. Irgendwie so. Ich weiss nicht, ob sie Sinn gemacht haben, was ich gesagt habe, aber ich glaube schon. Alles gut, Jenny. Wirklich übrigens wieder ein cooles Video. Ich habe es heute noch geschaut und ich habe es sogar noch kommentiert. Echt gutes Video. Also Chat unbedingt Swiss Twitch Clips Video schauen, das Neueste. Also alle, die noch nicht gesehen haben, Chat. Alles unter 1,80 ist klein. Also du meinst 18 cm? Aha, die Körpergröße 1,80. Ja, da bin ich klein, Chat, da bin ich klein. Hey Mutti, wie geht's dir? Ich muss schnell schauen, habe ich eigentlich alle begrüßt. Mutti, Rappi, grüezi, Rappi, wir nachher noch schnell reden. Ehrenshow, grüezi und Swiss Twitch Clips angeln. Grüße nach YouTube an Swiss Twitch Clips. Und wie geht's euch lieben Leuten denn? Schön, dass ihr hier seid. Ich lese zuerst noch ein bisschen Chat weiter. Ich komme sicher noch zu eurer Chat-Nachricht für all die neu geschrieben haben. Abschließend würde ich sagen, solange mit Liebe zu geben hat, wird man Liebe finden. Das mag jetzt tönen wie
Ein Yogi-Tee-Spruch. Yogi? Was ist ein Yogi-Tee? Egal. Es ist es auch, aber ich bin mir sicher, dass es einen wahren Kern hat. Hey, sehe ich also. Kann ich unterstreichen. Grüezi Bär. Es ist mit Equilibrium. Nein, ohne Scheiß. Ich habe noch gesagt, es klingt wie Equilibrium, aber die haben das zusammen mit Equilibrium gemacht. Ach so. Ja, okay, dann ist es kein Wunder, dass ich Equilibrium rausgehöre aus dem Song raus. Hey, Domi Lasagne, 30 Monate. What the fuck? What the fuck? Domi, merci vielmals für deinen Support. Merci vielmals für deine 30 Monate. Holy shit, wie Jenny auch 30 Monate. Haben ihr eigentlich gleichzeitig abonniert, am gleichen Tag? Hey, merci vielmals. Domi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und ich grüße noch Brahim und der Freund von Brahim, der sich Albion nennt. Ne? Ich grüße euch und ich wünsche Albion natürlich noch einen schönen Geburtstag. Ne? Happy Birthday. Let's fucking go. Und grüße nach YouTube. Troy, Yeah! stop bloody waving into no. the camera as it's Trump's inauguration. The heck? The pancake. Lord God, The Mother pancake. of Spaghetti, have mercy with our El Tony cans. El Tony. Let's go. Wo bin ich? Da. Rappi, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und wir mussten feststellen, dass wenn ich Post losschicke ohne Namen, dass die Post nicht würde ankommen. Darum brauche ich noch einen Namen von dir. Wenn du mir noch per DM am gleichen Ort wie letztes Mal noch deinen Namen würdest schicken, dann kann ich da sicher auch arrangieren, dass die Post dich dann auch noch erreicht. Weil ich habe einfach die Adresse von dir. Also du hast mir letztes Mal die Adresse geschickt. So, wo sind wir? Name King Rapperswil. Ich glaube nicht, dass das geht. Rappi, schick mir auch noch den Namen. Aber wir machen es jetzt so. Rappi, du kannst mir den Namen schicken, wenn du willst. Wenn du nichts schickst, dann lassen wir es einfach sein. Also, ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob du es einfach nicht willst. Oder ob vielleicht einfach auch deinen Namen nicht preisgeben willst. Das kann ja auch sein. Also, das ist jetzt nicht ein Vorwurf. Aber einfach Namen schicken und dann würde ich das noch rauslassen. Es ist noch parat, das ist tatsächlich. Man sieht es nicht, aber das ist genau da. Genau, Rappi, let's go. Dann machen wir das so. Kein Stress, schickst mir es einfach noch, sobald ich so mache ich den Kleber noch drauf und check es raus. Alles andere ist schon ready. Falsch. Du bist grösser als ich, nicht hässlich und dieses geht mich nicht an und kann ich nicht beurteilen. Muss ich schnell meine Goldbarre vornehmen? Muss ich sie schnell in die Kamera zeigen? Danke für die netten Worte, aber dann gebe ich sie jetzt um. Also, gleichfalls. Also, du bist nicht, nein, natürlich nicht. Du bist nicht grösser als ich. Okay, ist jetzt halt so. Aber sie sind auch nicht hässlich, ne? Einfach, was es gesagt ist. Niemand ist hässlich, Chat. Niemand von euch ist hässlich. Ehrenshow, grüezi Ehrenshow, wie geht's dir denn? Spielen wir 2 falsche Zitate-Game. Das klingt sehr, sehr interessant. Das falsche Zitate-Game. Ich hatte auch einen Kreislaufkollaps und bin mit dem Kopf auf die Arbeitsplatte, dann auf die offene Schubladendecke. Oh no, Schnecki. Okay, gute Besserung, das ist doof. Ach. Wundmanagerin. Ja, also finde ich auch interessant. Ich nehme an, das ist eine Spezialisierung. Ich nehme an, das ist eine Spezialisierung auf Wunden. Also mein Gott. Manchmal macht es Sinn, dass sich Leute oder wie auch, ich weiß nicht, ob es ein Arzt wäre, dass man sich spezialisiert halt auf Wundheilung. I don't know. Finde ich wirklich eigentlich noch gut.
Und es ist ja auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen etwas Spezielles dann. Wo sind wir? Ich überspringe ein bisschen, wenn ihr untereinander schreibt, dann seid mir nicht böse. Aber sonst komme ich nicht vorwärts. Lasst auf euer Herz, was euch gut tut und kauft das Cabriolet. Ja, also ich finde das Cabriolet schon geil, muss ich sagen. Aber ich müsste jetzt keins haben. Ohne Scheiß. Müsste ich jetzt nicht haben. Aber wenn man das geil findet und auch wirklich dann, wenn das Leben bereichert, dann go for it. Sofern man es sich leisten kann, Chat, natürlich. Aber für da braucht es vielleicht noch eine Lohnerhöhung. Treu gibt es mir Unterricht in Schweizerdeutsch. Der ganze Chat kann dir Unterricht geben in Schweizerdeutsch, Ehrenshow. Was möchtest du wissen? Chat, ihr seid jetzt gefragt. Der Ehrenshow braucht ein paar Wörter. Auch heute wieder ein paar Wörter, die er lernen kann. Also lieber Chat, für die Ehrenshow bitte ein typisches Schweizer Wort inklusive Übersetzung schnell reinschreiben. Teufel sei Dank, ja, die ist auf Wunden spezialisiert und ermöglicht Patienten zu Hause vernünftig versorgt zu werden. Finde ich auch wichtig, finde ich echt auch wichtig. Ja, also unterschätzt nie irgendwelche, ich sage jetzt mal so Nischenjobs, Nischen-Skills. Auch die braucht es, mein Gott. Wo bin ich gewesen? Also ich ja nicht andere Interessen, der Partner hat sich für mich zu interessieren. Finde ich eine ganz, ganz schlechte Einstellung, Rappi, muss ich ganz ehrlich sein. Also du hast jetzt kein Kappa geschrieben, wenn das wirklich deine Einstellung ist, dann überleg dir mal, ob das wirklich die richtige Einstellung ist. Entscheidet, wie die Wunden versorgt werden und so weiter, ja. Ja, und Wundheilung ist halt auch wichtig, oder? Je nachdem, was es für eine Wunde ist. Aber danke vielmals, ja, hast du gesehen, mega lieb von dir. Ich weiss nicht mehr, um was es geht. Wegen dem Kommentar wahrscheinlich. Ich bin wieder 8 Minuten. Nachher Chat, 8 Minuten. Und da bin ich einfach beim Dami angelangt. Hi Troy, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Ich habe eine gute Woche gehabt. Freut mich, dass es dir gut geht, Dami. Und irgendwann müssen wir mal wieder Talk the Talk machen, ganz klar. Lasagne, jetzt hätte ich ja gerade Lust auf Lasagne. Sali, Dami, du geiles Stück italienische Küche. Niemand ist hässlich, nur vielleicht ungepflegt. Hey, ich habe duschen vor dem Stream, Rappi. Also jetzt nicht frech sein da zu mir. Ich muss wieder mal zum Coiffeur, ja, aber das hat nichts mit ungepflegt zu tun. Oben ohne ist immer gut. Nicht in jedem Fall, Rappi. Es gibt auch Anlässe, das ist nicht angebracht. Notiert sich, Troy fährt im Kofferraum mit, let's go. Also. Hey, weißt du, Ehrenshow, das ist jetzt auch geil, ne? Jutti, also Juli Sophie, die konnte ja auch nicht wirklich gut Schweizerdeutsch, wo sie das erste Mal hier im Chat war, ne? Und sie bringt dir jetzt Schweizerdeutsch bei. Let's fucking go. Gsi gewesen, das ist richtig. Gesehen. Gipfeli sind Croissants. Richtig. Aha, ganz wichtig, Fluchwort zu kennen. Der Schafsäckel. Schreib es doch auch aus, Rappi. Das ist ein 18-Plus-Chat, den wir hier haben. Schafsäckel. Sautdoppel. Das wäre auch noch was. Das kannst du dir merken, Ehrenshow. Schafsäckel. Das finde ich eigentlich fast das Geilste.
Schöner Song, schöner Song. Chat, ich muss weiterlesen. Bin ein bisschen hinten nach hier im Chat. What is happening? Hallo Troy. Rina. Troja Party. Rina, merci vielmals für den Resub im 5. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Rina, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Holy moly. Ja, Küchenkästchen, ein Kochikästchen, Ehrenshow, Kochikästchen. Das wirklich das ja, Paradebeispiel für das Schweizer Wort. Oder das, was alle als erstes lernen, ne? Das Kochikästchen. Schrank fürs Geschirr quasi, ja genau. Anke. Anke ist Butter. Anke. Aber auch nicht überall. Ich sage auch Butter. Das ist je nach Region sagt man Anke. In Ausgang gehen hat nichts mit einer Tür zu tun. Genau, ja, okay. True. Apfelkerngehäuse, je nach Dialekt, Gräubschi, Bütschki, Bitzki, Bixi, Gigatschi, Gürbschi und auch Betzi. Ich sage, glaube ich, Gürbschi. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein Wort, das ich so selten brauche, Chat. Aber das auch wieder. Da gibt es so viele Dinge, ne? Je nach Schweizer Dialekt. So, Chat, wo sind wir? Bolle, ich sage Zwiebeln. Was macht Topf der Gier? Das ist eine ganz gute Frage, Rüdiger. Also der Topf, den habe ich schon umplatziert. Ne? Den musste ich auch umplatzieren. Das war so gewünscht. Aber ne, die Höhe war das Problem, vor allem die Höhe. Aber der Inhalt, der ist immer noch der gleiche, Rüdiger. Wie geht's denn dir und dem Angelschein? Hast du den Angelschein jetzt schon, Rüdiger? Oder bist du da noch dran? Sei nicht so schweizerisch, zurückhaltend. Ist zurückhaltend sein, ist das eine Schweizer Eigenschaft, Rappi? Wollte korrekt sein, darum nicht ausgeschrieben. Schau jetzt. Mittlerweile bin ich gut. Ne? Also das ist ohne Scheiß, ne, Chat. Und Ehrenshow, Juti kann schon Schweizerdeutsch schreiben. Ne? Und Juti, wie lange bist du schon dabei? Was kommt da, wenn du Follow Age machst, Juti? Küchenkästchen kannte ich noch nicht. Kochikästchen. Das ist so das Wort, eigentlich ist das erste Wort, was man hört, wenn jemand quasi einem zeigen will als Schweizer, hey, ich kenne auch ein Schweizer Wort, und es ist immer Kochikästchen. Schon fünf. Schon 5. Bin ein bisschen körperlich, K.O. Ich habe mir jetzt überlegt, versuchst du Schweizerdeutsch zu schreiben. Ich bin ein bisschen K.O. Nein, K.O. körperlich, aber alles gut. Wie geht's dir? Was hast du denn gemacht, Rina? Hast du trainiert? Aber kann ja auch gut sein, ne? Kann ja auch gut sein. Aber wenn's irgendwie, wenn du krank bist oder Grippe hast, dann wünsche ich natürlich eine gute Besserung. Aber ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Ja, schon 5 Monate, ne? 5. Let's go. Aber was haben wir da? Ein Milchmauchterli, das habe ich noch nie gesagt. Milchmauchterli ist ein Milchkessel. Gnocchi, oh, das ist auch geil, ja, true. Und das ist also etwas, das ist mir aber gar nicht bewusst, dass Gnocchi dass das nicht existiert im Hochdeutschen. Ne? Das ist ein Schnuller.
Ich würde jetzt wahrscheinlich auch eher einfach Nuki einbauen im hochdeutschen Satz. In der Annahme, dass das alle verstehen. Milchkasten, den unteren Teil eines Briefkastens. Ey, gibt's denn nicht einen Milchkasten in Deutschland? Ja, das ist der große Teil des Briefkastens, wo man die kleinen Paketchen reinmachen kann. Ne? Da wollen Leute noch korrekt sein im Chat, dass es das noch gibt. Ja, aber jetzt Real Talk. Ich glaube, also wir haben es lustig da. Aber wie gesagt, das ist ein 18-Plus-Channel. Aber eigentlich sind wir schon recht anständig unterwegs, was ich auch gut finde, oder? Wir spüren uns ein bisschen da drin. Cemo, grüezi. Cemo, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, hello. Ich kann mir nachher gerade einen Kaffee trinken. Schnell das Ende vom Chat erreichen. Fast ein Jahr. Ah, was steht da? Folgt Troy seit 11 Monaten, 21 Tagen und 14 Stunden. Let's go. Krass. Jutti. Ja, Ehrenshow, also in einem Jahr kannst du Schweizerdeutsch schreiben. So ist es. Putzhut durch einen Putzlappen. Auch das kannst du als Verneinung, Zustimmung, Ausdruck von Unglauben, Ausdruck der Freude für jemanden anderen oder der eigenen Freude benutzen. Da fehlt gerade noch das Wort. Aua. Aber Aua ist eher aus meiner Sicht ein berndeutsches Wort. Aua. Habe ich aber auch schon häufig gebraucht, weil ich habe mir das auch angeeignet und ich finde es auch ein geiles Wort. Aua. Aber ich brauche es, ich weiß jetzt gar nicht, für was ich es brauche. Ich brauche es eher im Sinn von sicher nicht. So Verneinung. So nein, sicher nicht. Oder sage ich aua. Fatzenättli, das habe ich noch nie gesagt. Im Fall. Das habe ich noch nie gehört. Taschentuch. Ich kann aber noch nicht so viel, aber schon teils, wenn ich Dinge ausdrücken möchte, klappt es meist. Ja, Juti, also das kann ich unterstreichen. Du kannst es schon sehr gut unterdessen. Wie kann man nur ein bisschen kommen? Ach, Rappi. Grüße aus dem Loch. Ja, ich finde, es sind viele im Loch. Viele sind im Loch. Den Nuckel gibt es. Ah! Aber Ernöl TV sagt jetzt der Nuckel. He? Den Nuckel gibt es in Deutschland. Und das war dann der Nucki. Das war eigentlich, ich sage jetzt mal 1:1 das, wo wir Nucki sagen. Okay. Ja, weil man nuckelt ja dran. Das finde ich jetzt noch interessant. Weil nuckeln ist hingegen wieder kein Wort, das wir in der Schweiz brauchen. Wir nuckeln da etwas und wir glauben nicht, oder Chat? Das gibt es nicht. Nuckeln ist also eher wieder ein deutsches Wort, aber Nucki scheint abgeleitet zu sein von dem deutschen Wort. Okay? Chat, wir haben es nicht erfunden. Wir haben es nicht erfunden in dem Fall. Nucki oder Schnulli sage ich aber auch schon manchmal. Okay, also doch. Chat, das haben wir nicht erfunden. Haben wir nicht erfunden. Wir haben nicht alles erfunden. Ganz gut und der, hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht, Schemo. Gemütlicher Stream, wie immer. Gute Leute hier. Geile Themen, wir sind ein bisschen überall. Wir haben mal so ernste Themen. Und auch Beziehung haben wir vorhin als Thema gehabt. Und dann haben wir also ein paar lustige Sachen. Dann ist der Rap reingekommen, dann ist das Niveau ein bisschen runtergegangen. Und ja, wir sind überall. Sorry, Rappi, das ist nur Spass. Jetzt auch irgendetwas rauslassen. Quadratisches Gehäuse für den Empfang von Post in grösserer Form. Let's go. Also das ist der Milchkasten.
Fortzuschnitten. Fortzuschnitten ist Amaretta. Oha, ja, true. Ja, sorry, aber das war doch passend gewesen. Du musst dich doch nicht entschuldigen, Rappi. Alles gut. Göppel, Fahrrad oder Fahrzeug? True. True, der Göppel. Nuckeln, ja, okay, Nuckeln. Ja, true. Ja. Yeah. Jetzt können wir uns streiten, wer es erfunden hat. Chat. Doch das Baby an der Flasche, das nuckelt. Genau. Bin einfach krank, Kopfschmerzen, Lungen und so weiter, aber alles fein. Hey, gute Besserung, Rina. Gute Besserung wünsche ich. Und Nuki oder Zuzi? Was? Zuzi? Es ist zum Beispiel in Österreich. Zuzi habe ich noch nie gehört. Aber Nuki, okay, 1:1. Blasphemie! Trott, oh ja, stimmt. Das wäre jetzt auch wieder was. Ne? Das wäre jetzt auch wieder etwas, wo ich wahrscheinlich nicht würde checken, dass es das im Hochdeutschen nicht gibt. Wenn ich einfach so reden würde, Hochdeutsch, und von dem Trottoir erzählen würde, ne? Ja, lieber Chat, da war ich unterwegs auf dem Trottoir. Ich würde das gar nicht checken. Ne? Oder kennt ihr das, Leute aus Deutschland? Das Trottoir ist ja eigentlich eher ein französisches Wort. Ne? Bürgersteig. Söckele, Nuckeln, ja, true. Ihr könnt doch stolz auf Ricola und Rolex sein. Ja, gut. Ja, Ricola ist aber nur, Ricola gibt es nur, wenn ich krank bin, wenn ich heiser bin und so, dann braucht es Ricola. Sonst tue ich eher selten an einem Ricola sückeln, an einem Ricola nuckeln. Und Rolex, come on. Eisenchat, wenn ihr einen Rolex habt, Chat. Ihr müsst nicht, es geht jetzt nicht darum, dass ich euch jetzt wegsehe flexen. Wer hat jemand einen Rolex von euch? Ja, Kappa. Ich meine, wir müssen euch ja auch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie negativ. Ich würde jetzt nicht sagen, wer einen Rolex hat, ist ein Angeber oder I don't know. Ich habe mal gehört, das ist eine gute Investition, wenn man sich einen Rolex holt. I don't know. Ich habe mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht. Aber anscheinend ist es eine gute Investition. Ich habe Niveau, habe ich mir sagen lassen. Okay. Kapi, du hast Niveau. Tue ich auch nochmal unterstreichen. Ricola hat es erfunden. Das ist Nivea. Darf man nicht durcheinander bringen. Auch so manche Wörter sind halt schon ein bisschen weird. Ich denke es immer wieder, wenn wir wieder mal das Thema haben, Schweizerdeutsch. Weil eben, ich kenne auch nicht alle. Ich kenne auch nicht alle Wörter. Aber es ist halt einfach von Region zu Region haben wir wieder komplett andere Wörter. Und ich finde es aber immer wieder interessant, das zu lesen. Giereizli ist ein Schaukeln, ja. Ein Giereizli, ich sage aber nicht Giereizli. Wie sage ich? Aber wir haben es schon mal davon gehabt. Ein Rittiseili. Ein Rittiseili ist sage ich. Oder nein, warte, nein, das ist aber ein Rittiseil, ist wieder etwas anderes, eine Schaukel. Das ist schon ein Rittiseil, oder? Ich denke jetzt gerade an das da. Ich denke jetzt eben gerade an das da. Was ist denn das? Ich lese mal schnell weiter. Aber sehr, sehr interessant. Lungenbrötchen ist eine Zigarette. Ja, als Raucher habe ich das auch immer gesagt. Ein Lungenbrötchen nehmen. Oha, Troilina für Jenny. Jetzt ist Troilina aber ist sie unterwegs. Electric Callboy, by the way, nice song. Kommt aus dem Französischen und gibt es auch in Deutschland. Okay. Zumindest in meiner Gegend. Okay. Zebrastreifen. Das ist schon wieder etwas anderes, oder Nick? Das Trottoir ist nicht ein Zebrastreifen. Was habe ich hier, Chat? Hast du keinen Zebrastreifen?
Bärisau, Regenschirm, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich glaube, es hat wirklich niemand eine Rolex. Ich habe aber auch nicht anders erwartet. Ja? Ich bin die einzige Person, die eine Rolex hat. Nein, habe ich natürlich nicht. Initiative gestartet für deine Ausbürgerung. Du musst eisern für unsere Sprache einstehen. Das mache ich ja, Rappi. Das mache ich ja. Nicht einmal, vielleicht habe ich so eine Scheissuhr. Bärendreck, Lakritze, true. Bärendreck, das finde ich auch geil. Aber, Chat, habe ich es schon mal gefragt. Lakritze, Bärendreck, wer hat es gern, Eisenchat? Ich hasse es, Chat, einfach, als es schon mal gesagt ist. Ich hasse es. Ich habe eine Rolex von Temo. Rolex ist so posch, gescheiter Patek Philippe oder Vacheron Constantin. Der kennt sich halt der wirklich auch noch aus, oder? Küchenkästchen und Fötzeli, kleines Stück Papier, ja. Das Fötzeli, das finde ich halt immer, da denke ich selbst wieder so, wieso? Das Fötzeli, liebe Leute aus Deutschland, ist bei uns so ein kleines Stück Papier. Ja? Wenn ich jetzt hier... Nee. Was ist das für eine Emptiness Machine Version? What the fuck? Ja, da. Das hier, Chat, ist ein Fötzeli. Also, ich finde es so gut, dass wir dem Fötzeli sagen. Das waren die ersten Worte, die du gelernt hast. Okay, nice. Ein Gigampfi. Jetzt ein Gigampfi. Das ist das. Hä? Das da. Das da ist ein Gigampfi. Garette, 1,80er Dreiseitenkipper. Aber, hey, also, come on, in Deutschland sagt man nicht 1,80er Dreiseitenkipper. Liebe Leute aus Deutschland, sagt ihr 1,80er Dreiseitenkipper. Das ist auch ein Garette. Gigampfi, ja, genau. Seiche, genau. Aber, da muss ich auch noch sagen, ja, okay, macht ja auch Sinn. Man sagt auch, es pisst draußen. Ne? Dann ist es natürlich, es seicht draußen, es regnet draußen. Ne? Also es ist logischerweise auch eine Anwendungsform. Bärisau. Bärisau. Was ist jetzt da wieder? Oh, Schutte. Schutte ist Fußballspielen. Schutte. Oh, das ist auch ein sehr spezielles Wort, muss ich sagen. Manchmal wird einem das so bewusst, wenn man das so ein bisschen durchstudiert. Das Schweizerdeutsch ein bisschen analysiert. Das ist manchmal schon recht straub, oder? Du die hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Olisimo Hohn. Barisau oder Parisöl. Parisöl ist seislerisch. Also aus dem Teil von Freiburg, die mischen Franz mit Deutsch. Das ist aber nicht Parisöl, das ist Parisöl. Da, also Chat, wer hat Bärendreck gern? Hä? Niemand. What? Quertutsu mit Ja. Rina mit Ja. Wie kann man das gut finden, Chat? Bärendreck ist Liebe, sagen sie Fähnchen. Muss ich die gerade wieder anmachen? Nein, ich meine jedem das Seine, versteht mich nicht falsch. Ja? Entweder hat man es gern oder man hat es nicht gern. Ich ziehe die Grenze, einfach bei Pizza Hawaii, ja? Dort ziehe ich die Grenze. Aber da bin ich wählerisch, okay, interesting. Feta-Käse auch 1.
Lieber Lebkuchen als Bärendreck. Ja, auf jeden Fall. Lebkuchen habe ich grundsätzlich gern, aber müsste jetzt auch nicht immer haben. Es ist so etwas, es ist ganz okay und ab und zu sich das wieder mal gönnen, ist auch irgendwie geil. Aber wenn ich es jetzt die ganze Zeit würde essen, würde es mir wahrscheinlich absolut verleiden. Gibt genug schlechte Lakritze. Okay, ja, okay, vielleicht hat ich immer die schlechte Lakritze erwischt. Ne? Aber nicht die gesalzene. Das ist auch so schön. Ich muss den Film wieder mal schauen. Wer Bärendreck gerne hat, ist verloren. Okay. Gerade die gesalzenen sind die besten. Okay, also da gehen die Meinungen auch wieder ein bisschen auseinander. Sogar die es gerne haben, da gibt es auch noch so zwei Ansichten. Ja. Krüsimüsi, das ist auch geil. Nussi, sehr, sehr guten Input. He? Es eigentlich ist Ehrenshow nach da, Ehrenshow, melde dich. Du wolltest doch die Wörter haben. Die Schweizer Wörter, die sind alle nur für dich, Ehrenshow. Bist du eigentlich noch hier? Krüsimüsi ist ein Durcheinander, ja. Aber finde ich halt wirklich, irgendwie so ein kreatives Wort. Weil Durcheinander beschreibt ja als Wort einfach das Durcheinander. Wow, das Wort zum Samstag, Chat. Aber das Krüsimüsi ist eben so, einfach nur schon das Wort ist ein Durcheinander. Es ist ein Krüsimüsi. Finde ich richtig geil. A little silence, I have no choice, I need no voice. Feels like flying when you call my name, it's like a little prayer. What ein schönes Lied, Mann. I can feel your power. Und Nascha, grüezi. Nascha rockt, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Sikaro, grüezi. Wie geht's euch denn? Ich brauche Aufmerksamkeit, dann bist du am richtigen Ort, Sikaro. Da bekommst du die Aufmerksamkeit natürlich. Ganz klar. Chat, ich muss noch Kaffee trinken gehen. Ich komme gerade wieder. Ich muss schnell markieren, wo ich war im Chat. Servola, da muss ich vorlesen. Servola ist das nächste, was ich vorlese. Ich kann jetzt schon mal lesen da. Be right back. Let's go. Chat. Hier bin ich wieder und merci, Nick, für den Coffee Drink. Servola. Übrigens, grüezi miteinander, hey, welcome back. Er hat nichts verpasst, die Werbung ist bis jetzt gerade noch gelaufen. Wir haben aber nichts verpasst. Ich habe nochmal schnell geschüttelt. Servola
Gleich Schlachtabfälle in einen Darm gedrückt. Ich finde die Beschreibung wunderschön, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Und bei fast jeder Grillade vertreten, wie Bratwurst, nur widerlicher und wird auch roh verzehrt. Also, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was für eine Bratwurst. He? Muss ich also schon sagen. Schweinsbratwurst ist nice. Servola bin ich auch Fan. Ich habe aber lieber eine Schweinsbratwurst. Aber Kalbsbratwurst, Chat. Ugh. Alter, das triggert mich. Bitte schmeiß das Fötzel in den Eimer. Wirklich Kamera drauf. Gut. Wie hat das ausgesehen, Chat? Das hat sicher mega nice ausgesehen. Ich habe wirklich genau die Mitte von euch getroffen. Holy shit, Mann. Ui. Blackjack, du siehst, Mann. Blackjack, merci vielmals für den Resub. Im 13. Monat, wieso kommt kein TTS? Wieso kommt kein TTS? Also, jetzt hat der Blackjack extra resubbt fürs TTS und es kommt nicht. Ich weiß nicht wieso. I'm so sorry. Jack, merci vielmals für den Resub im 13. Monat. Danke vielmals und grüezi. Wie geht's dir? Jack, wie geht's dir? Wie hast du es? Bin ich gewesen. Wenn wir im Freibad Blödsinn gemacht haben und der Bademeister uns erwischt hat, mussten wir nach Schließung des Bades alle fötzeln. So ist mir der Begriff jetzt nicht bekannt tatsächlich. Fötzeln. Kenne ich so nicht. Aber habe ich auch nie erlebt. Mein bester Kollege der Schule war der Sohn vom Bademeister, auch als es gesagt ist. Ich hatte dort nie Probleme gehabt. Garette ist eine Schubkarre. Ja, okay, Schubkarre, das ist schon das bessere Wort. Als das, ich habe es schon wieder vergessen, was es vorher war. Schweizerdeutsch lernen mit Chatterino. Hey, aber finde ich geil, oder? Chat, finde ich echt geil. CH Schweizer Glucksi, Österreich Schnagel, Deutschland Schluck auf. Ja, Glucksi. Ja, aber auch nicht überall. Rina, da kann ich dir sagen, Glucksi ist auch wieder so je nach Kanton. Dann kannst du da noch hinzufügen von mir jetzt der Hixi. Der Hixi oder der Hitzki. Gibt es beides? Ich sage eher Hixi. Wobei ich sage wahrscheinlich auch, manchmal sage ich wahrscheinlich auch Hitzki. Je nachdem, ja, man gewöhnt sich halt Sachen an. Hitzki oder Hixi? Shooten kommt sicher von Shooten. Schwierig, wüsste jetzt auch nicht. Ullen, Mann! Welcome back, Ullen! Note! Das ist einfach legendär, das Video. So, Chat, ich behalte wieder 9 Minuten nachher. Um was geht es hier? Alles Mögliche. Jetzt aktuell geht es um Schweizer Wörter. Also der Ehrenshow, ich weiß nicht, ob er noch hier ist. Ehrenshow hat gefragt, hey, habt ihr mir ein paar Schweizer Wörter? Und jetzt kommen da jenstes an Wörter, Schweizer Wörter mit der Übersetzung dazu. Da sind wir gerade thematisch drin. Hitzki gleich Schluck auf, ja genau. Geld ist Klütter, ja, sage ich selten, aber ist true. Und ja, ob man Lakritze mag oder nicht, das war noch das eins in den Chat, wenn ihr es mögt. Ich habe es nicht gern, Chat. Lese, ich hab's nicht gerne. Hitzki, Hatzki, hinter dem Haag nimm mir doch der Hitzki ab. Ja,
Hey, Nascha, habe ich schon gefragt, wie hast du es? Schön bist du da. Hä? Jetzt habe ich die Socken nicht an heute. Ich habe sie in der Wäsche. Aber ich habe sie jetzt endlich sehr häufig habe ich sie beim Streamen angehabt. Die Socken, Mann. Von den Nascha und dem Polysocanical. Ja, legendär. Also jetzt bin ich einfach da mit der Aufmerksamkeit. Hey, Chat, ich mag nicht mehr nachher bei euch. Aber da, Töckele, Tischfußball. Töckele, true. Tischfußball. Habt ihr da, liebe Leute aus Deutschland, habt ihr da kein anderes Wort für ich kann es nicht mal sagen, Tischfußball, genau. Tischfußball spielen. Gibt es da kein Wort wie Töckele? Töckeln. Geil. Wo sieht der Servala? Das sage ich dir nicht. Ja, ich habe eine da, aber ich zeige sie nicht. Ich hole den Kaffeetrink, trinke auch gerade mit. Hey, let's go, Jutis Gipfeli. Hey, let's go. Ja, später dann Gipfeli. Oh, ja, später. Ich spüre immer noch ein bisschen Sandwich, das ich im Bauch habe. Oh, Figuretle an etwas rumbasteln. Hey, das ist auch so ein geiles Wort. True, absolut true. Oha, Rappi, Mann. Rapirner 2 gifted at hier 1 Subto Kexozyd. Kexozyd. Okay, Kexos. Rappi, merci vielmals für den Gifted Sub an Kexos. Und Kexos, viel Spaß mit den Perks, mit den Emotes als Abonnent. Und Rappi, merci vielmals für deinen Support. Danke vielmals. Figuretel. Das ist das, was ich machen kann im OBS, wenn ich nicht am Streamen bin. Manchmal auch live am Stream tue ich auch ein bisschen Figuretel, wenn etwas nicht funktioniert. Aber das ist wirklich ein richtig gutes Wort. Figuretel. Das ist super schön. Mir geht es fast wieder gut. Bin jetzt 2 Wochen krank gewesen, heute so 80% wieder fit. Hey, Sikaro, das freut mich zu hören. Dann für die restlichen 20% natürlich auch noch gute Restbesserung. Ja? Aber schön bist du da und schön geht es dir wieder so gut. Troy Kalbsbratwurst mit Böllensauce und Rösti dazu ist Liebe. Es gibt so viele, die haben es gern, I know. Ich meine, ich kann es schon essen. Don't get me wrong. Ich kann es schon essen, aber wenn ich wählen kann, ist ganz klar die Schweinsbratwurst. Immer erste Wahl bei mir. Sommervogel. Okay, interesting, habe ich schon gehört, benutze ich selber nicht, den Sommervogel. Aber das wäre der Schmetterling. Ja, der Schmetterling. Chat. Schöner, ruhiger Song, Chat. Love it. Nice. Ja, nein, jetzt ist der ganze Witz versagt gar nicht. Nein, Gott verdammt noch einmal. Ich lese es jetzt vor, Jack. Yes, my sprinkler goes like and comes back like so ein Scheiß, Mann. Ja, aber we get it. Danke, Jack. Merci vielmals. Du weißt nicht, was du getan hast. Such das Fötzeli, es ist weg. Es ist jetzt bei dir, es ist durch die Kamera, durch den Monitor bei dir gelandet. Jetzt suchst du. Wie schon gesagt, durch einen KitchenAid-Aufsatz von meiner Mom mache ich mir unsere Bratwurst selber und ich kaufe das Fleisch nur von einem wirklich guten Hof aus der Nähe. Ja, nice. Oh, wie toll, Troy hat uns ein Fötzeli in ein Loch runtergeworfen. Hast du das Loch abgekehrt, Rina? Let's go. Stell dir... Oh.
So bin ich gewesen. Oder bin ich da gewesen? Stell dir vor, du wirst gestampft und in deinen Darm gedrückt. Das ist eine Wurst. Hey, Finnchen, merci für den Lurk-Support, danke. Du kennst Fötzle nicht? Da mit der Badi? Nein, das kenne ich nicht. Was ist Fötzle? Das haben die mich schon mal gefragt, oder? Nein, kenne ich nicht. Highway Racer. Also, das ist jetzt aber bezogen auf da, wo man in der Badi macht, oder? Mit dem Badmeister. Das klingt irgendwie jetzt ein bisschen komisch. He? Klüpperli. Oh ja, Wäschklammern, true. Also ich sage auch eher Wäschklammern. Aber Klüpperli habe ich auch schon x-mal gebraucht. Gehört vor allem. Nicht gebraucht, aber gehört. Grenzoberwachtmeister. Okay. Klammerli, ja eher. Klammerli. Die Schutte, ja, haben wir vorhin schon gehabt. Highway Racer. Die Schutte haben wir vorhin schon thematisiert. Hixi Haxki hinterm Hag. Schmeckt Lakritz gleich wie Bärendreck? Also ich glaube, es ist das Gleiche, oder? Wobei es gibt eben noch verschiedene Sachen. Es gibt noch den gesalzenen Lakritz und so. Wegen TTS hast du es doch abgewürgt mit dem Fußpedal. Nein, aber das ist wieder etwas Separates. Das TTS, das beim Ullen hat müssen kommen, das ist gar nicht gekommen, aber ich weiß nicht wieso. Das ist aber von Stream Elements halt gesteuert. Das geht nicht über Speakerbot bei mir. Oh, wir schauen schnell den Treffer, Chat. Wir schauen schnell den Treffer an. Das nimmt mich jetzt Wunder, wie das aussieht. Okay, ja. Okay, es war nicht ganz zentral gewesen, aber für mich hat es... Habt ihr Schlitten jetzt? Gang weg. Für mich hat es wirklich so ausgesehen, als hätte ich genau die Mitte getroffen. Das ist scheisse grusig, finde ich eben auch. Abvergessen Anonym-Button zu drücken. Ja, jetzt wissen wir es halt alle ab. Jetzt wissen wir es alle, dass du zu bist. Fuck. Der Grüne Verein, Grüne Ferien, Militärdienst oder jährlicher Wiederholungskurs des Militärs. Ja. Der WK. Auf geilen Sound zum Chattern lassen. Chattern lassen, das ist auch geil. Gebe Deutsch Nachhilfe, da kommt noch einiges raus, was in Schweizerdeutsch anders machen. Zum Beispiel Präterium kippen. Ja, also für alle, die das nicht wissen, ne? Ich rede kurz Hochdeutsch, damit ihr mich versteht. Wir in der Schweiz, wir haben das vereinfacht mit diesen Präteritum und die Vergangenheitsformen. Bei uns gibt es nur, was ist das? Das Perfekt. Wir benutzen nur Perfekt. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich aß. Ich habe gegessen. Ich hatte gegessen. Es ist einfach immer, ich habe gegessen. Egal, was es ist. Perfekt. Wir sind perfekt. Piu Piu Sander, grüezi, hi Troy, ich bin leider gleich wieder weg. Dir und Chat auch noch einen schönen Stream, Sander. Schön, hast du kurz geschrieben und ich wünsche dir auch noch viel Erfolg bei dem, was du machst und vorhast. Schönes Wochenende noch. Sander, bye bye, tschüss und danke dir. Juhu, Gameplay, Clone Hero. Ach, hey Chat, oh man, ich würde gerne wieder mal ein Clone Hero machen. Würdet ihr auch gerne ein Clone Hero machen mit mir? Ich werde aber auch, versteht mich nicht falsch, ich werde auch gerne wieder mal puzzeln mit euch. Puzzeln. Mit 3 U und einem H. Puzzeln. So ein Puzzle und so.
Oder Surizet, das Puzzle. Wärst du auch dabei? Nein, wir schauen nachher, was es noch gibt. Ich könnte schon wieder mal ein Clone Hero machen. Mal schauen, ob noch alles läuft. Chat. Carry On damals auf Guitar Hero lieben. Absolut, absolut. Hey, einen guten übrigens Feinchen, ich habe jetzt gerade gesehen, dass du gehst essen. Gönn dir. Krömle, Kleinigkeit kaufen, ja. Aber Nussi, ja, ich muss noch ergänzen. Krömle ist etwas kaufen, aber ein Krömli ist ein Keks. Man kann aber auch sagen, ein Gutzli. Das ist auch ein Keks. Ja. Und ich bin eben manchmal der Meinung, dass wenn jemand sagt Krömle, ja, das ist auch wieder wahrscheinlich so Kanton zu Kanton, ist es ein bisschen anders, habe ich immer das Gefühl, wir essen jetzt Gutzli essen. Wenn jemand sagt, tun wir ein bisschen Krömle, dann denke ich immer, ja, ich hätte jetzt noch Lust, ja, machen wir. Aber man kann sie auch gut kombinieren, dann kann man halt Krömli kaufen und dann ist das Problem auch gelöst. Welcome back, Fishbone, by the way. Fötzle ist Müll einsammeln. Okay, habe ich jetzt so noch nie gebraucht in diesem Zusammenhang, tatsächlich. Feta-Käse. Hey Airfighter, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Was macht man mit dem Bademeister? Das ist eben auch die Frage, die ich habe. Sag mal bitte Hallo. Hallo. Soll ich noch nicht? Hallo. Hallo Esma. Esma, bist du hier? Bist du da unten? Was macht Esma da unten, Chat? Fötzle ist, wenn man Abfall auf dem Pausenplatz etc. muss aufsammeln, beispielsweise Papierfetzl. Also da, wo ich euch vorhin zugeblasen habe. Mein Liebesfötzli. What? Okay. Das ist ein Fötzli mit viel Liebe gewesen, Chat. Beim Fötzle, und die Deutschen, die denken jetzt spinnen sie die Schweizer, ne? Jetzt spüren sie sich nicht mehr, die Schweizer. Beim Fötzli in der Bade hast du eine Zange bekommen und einen Kübel. Aha, und hast alles zusammen. Ah, okay, das macht sogar noch Sinn. He? Das musste ich nie machen. Oder habe ich das einmal machen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es einmal machen. Übrigens mega schöne Musik, um ein bisschen zu chatten. Da werde ich gerade ganz ruhig. Fotzelschnitte. Kiosk. Wenn du das fragen musst, bist du zu jung dafür. Ja, aber der Rappi, du bist auch schon 40, ja, der Rappi? Oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Da bist du noch jung. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, also musst du es auch nicht sagen, gell? Das darf auch ein Geheimnis bleiben. Aber mal ehrlich, es gibt so gute Schweizer Kinderbücher, wer kennt Hasefritz und Mattedi. Oder vielleicht Mathilda mit dem gutligen Bein. Kenne ich nicht. Aber es gibt ganz sicher gute Schweizer Kinderbücher. Ich kenne einfach auch von meiner Kindheit kenne ich den Joggeli Baume, ja, den Pflumenwäldli, den Geizteufel, den Geizknäpper. Das war meine Kindheit. Aber du quälst mich. Und geil. Ah nein, nicht geil. Und gell, du hast Spaß. Such das Fötzeli. Willst du das jetzt machen? Ja? Einfach weil ich es kann. Das ist im Rappi seine Schwachstelle. Wenn ich sehe. Wobei, vielleicht ist das kein Schweizer Buch. Da weiss ich nicht. Plusquamperfekt. Ja, Plusquamperfekt ist ich hatte gegessen, oder? Das ist Plusquamperfekt. Futur 1, Futur 2. Also so einen Scheissdreck brauchen wir nicht hier in der Schweiz. Wieso muss es so kompliziert sein? Hä? Wieso muss es so kompliziert sein? Aber weil Plusquamperfekt nur das Präteritum.
Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Schlafen gehen, ja, Senda. Dann ganz gute Nacht, eine ganz gute Nacht. Selten nutzt man Plusquamperfekt, wir haben gegessen gehabt. Aber das ist ja so. Also, es ist nicht falsch per se, wenn ich das so lese. Wir haben gegessen gehabt. Okay, mal. Okay, fair enough. Ja, okay. Kann man machen. Aber ist jetzt nicht irgendwie. Ich würde jetzt mal behaupten, es macht keinen Unterschied, ob man es jetzt so sagt oder ob man einfach sagt, ich habe gegessen. Ja, okay, ja, so schon gebraucht, gebe ich zu. Ich hatte gegessen, als du mich anriefst. Aha. Ja Gott, verdeckel noch einmal. Wir wollen mit dir alles mitmachen, was du möchtest machen. Wie wäre es mit ein bisschen Gameplay, wo ich singen muss? Nein. Da kann der Plätsch viel besser als ich. Krömle Süßigkeiten kaufen. Ja, okay. Ich habe das Glasse-Sandwich. Glasse, Chat. Glasse. Jetzt hätte ich Lust auf einen Scornet, Chat. Auf einen Scornet hätte ich jetzt Lust. Glasse ist, by the way, ein Eis. Ein Gutzli ist auch eine alte Dame. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Und dann sagst du, grüß dich wohl, sie sind aber ein schönes Gutzli. Ist das so, wie man das sagt, oder was? Nusche etwas suchen. Nusche. Nuscheln? Nein, Nuscheln ist wieder etwas anderes. Nuscheln. Ja, okay, habe ich auch schon gehört, brauche ich nicht. Ist bei mir nicht geläufig. Unser Bademeister hat zugeschaut, dass niemand abhaut, bevor die Strafarbeit erledigt war. Okay. Aber das ist auch ein guter Bademeister denn. Was braucht es? Sonst machen die Leute, vor allem die Kinder, was sie wollen. Fegnästen, das habe ich auch noch nie gehört. Redbeard. Fegnästen ist aber auch ein geiles Wort. Das tönt wild. Fegnästen. Das machen wir im Nest und es fegt. Also, let's fucking go. Fotzelschnitte ist geil, ja. Was war es? Haben wir vorhin gehabt? Armer Ritter, was ist es gewesen? Troy. Krömle haben wir in der Innerschweiz Süßes wie Zeltli und Gummibärli. Ja, aber ein Zeltli ist schon ein Täfeli, oder? Also du meinst ein Täfeli? Wirst du, Troy, auch nie heimlich die Absperrung umklettern zum 10 Meter oder bist du sicher nie aus 5 Meter Höhe aus der Rutschbahn geklettert und ins 25 Meter Becken gesprungen? Das haben wir bei uns nicht können machen. 10 Meter. Ich war ein Angsthass, was das anbelangt. 5 Meter, ja, easy, aber 10 Meter ist da bin ich ein Schisshass gewesen. Aber der Vorteil, was jetzt auch allgemein Absperrung umklettern betrifft, durch das, was mein bester Kollege, der Sohn vom Bademeister war, ist so gewesen, wenn die Badi zugehört hat, sind wir aber nicht Badi rein. Und haben die ganze Badi für uns gehabt. Also je nach Jahreszeit war sogar alles leer gewesen, also natürlich kein Wasser und so. Und haben dort im Wasserbecken ohne Wasser können gehen, Fußball spielen und so Zeug machen, einfach ein bisschen Seich machen. Das waren geile Zeiten gewesen. Oh, im Loch schneit es. What? Bitte mir Happiness. Oh, das war verdammt gut. Ich tue immer Happiness, ich tue ihm noch ein Fötzeli drin. Nein, ich tue ihm auch so 100 Fötzeli drin. Also wenn er aufmacht, dann geht alles ab und dann ist er auch 3 Stunden am Fötzeli suchen. Geile Idee, das mache ich. Nein, tatsächlich. Moment, schnell, ich alles schnell.
Ja, keine Angst, ich kann nichts leaken, weil die Adresse steht noch nicht drauf. Ja. Es steht auch Rappi. Es steht auch Rappi drauf. Aber okay, wait. Aha. Ich habe es zwar zugemacht, aber es ist nicht richtig zu. Ja, nein, schwierig. Rappi, lass dich überraschen. Ja. Lass dich überraschen. Aber geile Idee. Kevin, grüezi Kevin, wie geht's dir? Muss man schnell ein bisschen heller machen. Kevin, Hilfe! Hello, hello! Troy, welche Zeitform ist der Bus ist pünktlich am Bahnhof gewesen? Das ist Plusquamperfekt. Hä? Nein, das ist gar nicht wahr. Nein, das ist nicht Plusquamperfekt. Können wir das lassen? Das ist auch perfekt. Das ist das normale Perfekt. Also, Juti, was ist denn? Der Bus wird pünktlich am Bahnhof gewesen sein. Das ist Plusquamperfekt. Das habe ich erst jetzt gelesen. Plusquamperfekt. What the fuck? Okay, Juti, der war nicht schlecht. Love it. Das ist mein Humor. Und man geht Kasperli-Kassetten, die Giz-Teufel ist schon ganz geil, aber wer kennt Dominik Dachs und die Katzenpiraten kenne ich nicht. Chat, wer kennt das? Wer kennt das? Natürlich braucht man Plusquamperfekt zum Beispiel. Ich wäre bereit gewesen, als du keine Lust hattest. Der Hamster-Sound, ja. Endlich wieder die Arbeitswoche vorbei. Nimm lang bis zur Rente. Danke für die ganze Money. Wahnsinn wie die Zitren treue Hahug. Danke für die ganze Money. Habe ich das richtig gehört? Endlich wieder Arbeitswoche. Er schreibt halt auch Schweizerdeutsch. What the fuck? Das ist auch so einer Chat. Der Hamster-Sound, der schreibt jetzt auch schon Schweizerdeutsch. Und dann noch recht perfektes Schweizerdeutsch. Nicht Plusquamperfekt, aber perfekt. Endlich wieder eine Arbeitswoche vorbei. Nicht mehr lang bis zur Rente. Pensionierung. Die Rente. Danke für die ganzen Monate. Wahnsinn, wie die Zeit. Das ist halbrig. Es ist also halbriges Schweizerdeutsch. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Treu Hahug. Hey, Hamstersound, merci vielmals für den Resub. Im 21. Monat. Danke dir für den Support. Hamster, wie geht's dir denn? Ich hoffe, es war nicht stressig noch. Ne? Wir haben ja noch kurz geschrieben. Und by the way, ja, ich bin 6 Minuten hinten nach. Wir haben coole Themen, so ein bisschen Schweizerdeutsch als Thema haben wir gerade. Schweizerdeutsche Wörter. Busquamperfekt. Chat, jetzt muss ich da mal schnell ein bisschen da. So. Muss noch das neue Lied von Electric Callboy reinhauen. Mach das. Kevin, mach das. Ich glaube, es ist schon eins gekommen. Ich habe gerade 6 Mokis. Mojito. Mokis, hintergetatscht. Ja, gönn dir. Ja, aber schaust ein bisschen, gell? Nicht übertreiben, gell? Wenn schon ein leckeres Gutzli, ja. Ein Täfeli ist schon ein Zuckerli. Nein. Also erstens mal, ich brauche Täfeli nicht. Mal, ich brauche Täfeli auch. Jetzt erzähle ich Scheiß. Mal Täfeli brauche ich auch. Aber das ist für mich eine Lutschtablette. Eine Lutschtablette? Hä? Das tönt so, nein, das ist nicht wahr. Einfach ein Bonbon. Das ist ein Täfeli. Eine Lutschtablette. What the fuck? Also du Fagnäste nicht kennst, also dass du Fagnäste nicht kennst, auf
Hat noch nie jemand gesagt, hör mal auf, Fegnäste Troy, in einem ernsten Tonfall? Nein, aber Highway Racer, also das sollte dir ja bewusst sein, dass wir mehrere Kantone und mehrere Dialekte haben. Ja? Habe ich noch nie gehört, nein. Du hattest Kollegen, okay, alles ist möglich. Hey! Ja, Also. aber quer tut zu. Machen wir jetzt schnell etwas. Ja. Ich bin hier der Streamer, lieber Chat. Ja. Ich bin hier der Streamer und ich mache jetzt das. 3. Mache ich das richtig? Ich weiss halt nicht, wie das geht. Ich habe das noch nie gemacht. 3. Hä? Okay, ich kann es nicht. Ich bin unfähig. 3. This is fine, Kommt Chat. nach der Sendung sagen, hä? This is fine. So, jetzt habe ich es auch nicht gebracht. Ja, da muss ich schon schnell den 3 Minuten Timeout kommen bei so etwas Frechen, Chat. Ja? Wo bin ich gewesen? Oh, das ist vom Calls, oder? Das ist vom Calls! Jetzt weiss ich nicht, wo ich war, vor lauter Fötzeli. Troy in Luzern ist das Zeltli ein Bonbon. Also gut. Ja, da im Aargau auch. Fötzeli mit Glitter. Oh mein Gott, das stimmt. Futur 2, let's go! Joti, 100 Punkte. So, Chat, wo bin ich? Jetzt bin ich einfach beim Resub vom Hamster Sound. Ich komme langsam hinten nachher. Freebird ist voll die schwere Map in Beat Saber. Freebird ist meiner Meinung nach der beste Song von Lynyrd Skynyrd. Okay. Ja, schwierig. Sweet Home Alabama, mein Gott. I don't know. Ist meiner Meinung nach der längste Song von Lynyrd Skynyrd. Stimmt das? Calls, du musst schnell sagen, ob das stimmt. Ist Freebird der längste Song von Lynyrd Skynyrd? Ich weiss auch, dass der Calls das weiss. Heute war ein schlechter Samstag bei mir im Laden. Die Kunden schauen, glaube ich, alle das Dschungelcamp. Ich hoffe, deine Woche ist entspannt und gut. Gut. Wow. Aber es war ruhig gewesen. Ja, okay, ruhig, gleich nicht viel Umsatz, ne? I guess. Aber Chat, wer von euch schaut das Dschungelcamp? Eisenchat, wenn der Dschungelcamp schaut. Ich habe es früher amigs geschaut, aktuell schaue ich es gar nicht oder habe es schon lange nicht mehr geschaut. Nicht mir jetzt Wunder. Dschungelcamp, Eisenchat. 00010. Uff, okay. Ich weiss nicht, ob das jetzt ist. Okay, Jutti auch nicht. Schwarz-Eis. Specko-Eis. Aber es ist nicht mehr das Gleiche wie früher, oder? Also, ich sage jetzt auch früher, wo der Vincent Raven noch dabei war. Ja, der Vincent Raven-Chat. Ja, und noch andere. Ich glaube, so Vincent Raven, das ist auch schon eines von diesen Dschungelcamps, die ich nicht mehr so mitverfolgt habe. Aber so die ersten Dschungelcamps waren schon noch nice. Es war eine gute Unterhaltung. Wenn wir es zuerst mal noch ein bisschen nachlesen, dann gehe ich noch mal darauf ein. Xavier Naidoo tönt aber komisch gerade auf Feta-Käse. Ich habe mich gar nicht geachtet. Nein, Jutti, so läuft das hier nicht. Ne? Nicht einmal, wenn ich würde wählen, könnte ich es. Ich kann es nicht steuern.
Also Hamster-Sound logischerweise eine 1. Und dann haben wir 0, 0, 0, 0, 0, 0. Schwarz, 1, okay. Läuft denn das jetzt, in dem Moment? Oder ist das vorher gelaufen, Chat? Ich kenne mich halt gar nicht aus. Läuft das jetzt? In dem Moment? Viertagkäse ist, egal was läuft, 69. (20:15 Uhr). Oha, okay, interesting. Aber Specko, schaut's. Ich vermisse Dirk Bach, ja, true. Ohne ihn ist es nicht das Gleiche. Hey. Liebe geht raus, rest in peace. Das ist true. Das habe ich sogar dort noch mitbekommen und habe das mega sad gefunden. Weil er ist einfach ein guter Entertainer gewesen. Er hat halt so ein bisschen die Lockerheit reingebracht. Beide sind eigentlich gut gewesen. Ich weiss nicht, ob sie immer noch... Wie heisst sie überhaupt? Ist die immer noch beim Dschungelcamp als Moderatorin? Aber die Kombo war auch genial gewesen, ja. Finde ich schon auch. Es ist nicht wie damals. Okay, interesting. Quertuzzo, was schreibst du da genau? Darf ich da löschen? So, jetzt komme ich nicht mehr raus, aber ich lösche es jetzt mal. Ich glaube, das war ein Versehen. Ist auch nur noch eklig und Streit. Ja, aber es ist ja... Es ist ein bisschen eklig, ja. War es ja immer schon, aber nicht immer. Einfach so stellenweise, wo sie die Dinge essen müssen. Das kenne ich noch von früher. Aber Streit, ich finde eben, dass doch so viel gescriptet inzwischen. Früher war auch sicher einiges gescriptet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nur schlimmer geworden. Gefühlt war alles durchgescriptet. Darum, und da kannst du dir gar nicht mehr sicher sein, was ist jetzt echt und was nicht. Hamster Sound mit Troy's Hammerkarte 3, Spielzeug Hammer 3, Gameplay 2, Troy 1. Nice. Dschungelcamp ist eben immer das Gleiche, darum langweilig. Ja, ich sage es jetzt mal so, früher war meiner Meinung nach mal noch jemand dabei gewesen, ab und zu, weißt du, so von den Personen her, was einem ein bisschen Wunder genommen hat. Ich sage jetzt auch Vincent Raven, weil der Vincent Raven halt auch ein Schweizer ist. Nicht, dass ich jetzt Vincent Raven-Fan wäre oder so. Aber so Zeug, oder auch sonst, muss ja nicht ein Schweizer sein. Einfach eine Person, wo man denkt, mega cool, dass die Person auch dabei ist. Aber wenn ich heutzutage schaue, ich kenne die Leute gar nicht. Ich weiss gar nicht, wer das ist. Ist das, wo Promis müssen Känguru halten fressen? Ja, das ist genau das. Das ist immer so ein bisschen das Highlight gewesen, sage ich mal, wo sie die Sachen haben müssen essen. Und das ist eben genau da, wo ich dann auch so ein bisschen eklig gefunden habe. Und da gibt es halt sonst noch so Challenges, gell? Das schließe ich mir zuerst ein Haus, bevor ich solche Müll schaue. Da schiesse ich mir zuerst ein Haus, bevor ich solche Müll schaue. Und früher hast du es auch nie geschaut, Hans. Also hast du es noch gar nie geschaut. Aber ich verstehe es, dass es ist nicht mehr meins, aber ich verstehe es auch, wenn es noch nie irgendwie etwas für einen gewesen wäre. Nope, okay. Du brauchst eigentlich nur 37k, also 37k für die hier. Jutti, willst du sie? Hier, nimm sie dir. Komm, greif sie dir. Ich lege noch dazu ein Fötzeli. Oh, Sonja Krause, true. Sonja Kraus. Okay. Okay, oder auch nicht. Sonja Zietlow. Hat die den Namen geändert? Ist sie? Okay. Sonja Zietlow. Okay.
Dirk Bach war nie mad, immer gut drauf. Einfach genau, der Vibe, er hat einfach immer den guten Vibe mitgebracht. Egal was war, er hat gedacht, und das ist so schön. Das ist so schön, wenn das ein Mensch so kann. Und einfach, ich glaube, der war auch privat genauso, wie er ist vor der Kamera. Oder ist er gewesen, bin ich der Meinung. Und das macht halt jemand mega sympathisch dann auch. Immer gut drauf, egal wie viel Hate die Sendung abbekommen hat. True. Jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch eine Karte für Season 1. Ich glaube es. Ich gehe nochmal schnell durch. Troy Sammer, Spielzeughammer, Gameplay, Troylina. Okay, jetzt brauchst du noch die Troylina, Hamster. Und dann kannst du die Franziskuskarte herstellen. Aber wenn du die herstellst, dann hast du einen Troy weniger. Also brauchst du auch noch einen Troy. Also eigentlich brauchst du... Nee, die Troylina fällt ja dann auch wieder weg. Also Troylina und Troy brauchst du noch. Und dann kannst du Franziskus herstellen und dann hast du alles. Geiler Song. Peter Reber. Chat. Irgendjemand von euch. Okay. Irgendjemand von euch hat zwar den Namen noch nicht im Chat gelesen, aber irgendjemand von euch hat schon Season 3 Karten bekommen. Physisch. Weil ich habe die physisch bei mir jetzt untergemischt in die random Karten, die ich ab und zu mal verschicke. Wenn ihr irgendwie etwas gönnt oder so. Oder wenn ihr die limitierte Franziskuskarte bestellt, kann es auch sein, dass ich noch eine beilege. Und die letzte Person, die ich Post rausgelassen habe, hat eine zufällige Season 3 Karte dabei gehabt. Eine Season 3 Karte, wo ihr noch nicht einmal wisst, was dort alles für Karten sind. Und sie sind so geil. Und ich habe sie schon physisch. Ja, schnell ein bisschen teasern, muss auch sein. DC Ullen, also, let's go. Ich schaue schnell. Dann muss ich schnell anderen PC hier. What the fuck ist... Okay, ich muss schnell runterladen. Ullen, wir schauen schnell. Und dann muss ich, bei 5 Minuten nachher im Chat. Chat, gemeinsam schaffen wir das. Schnell gucken hier. Let's go. Schnell die Musik stoppen. Das geht halt nicht. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich die Musik nicht stoppen? So. Also, ups, das ist falsch. Chat, wir gucken jetzt hier. Ich weiß, es ist verwirrend. Ja? Es ist verwirrend, aber wir gucken, was Ullen geschickt hat. Ich hoffe, ich spiele da jetzt das Richtige ab. Ich muss nochmal schnell lesen. Ullen, ist das da, wo ich abspielen muss? Schon, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendetwas anderes abspiele. Yes, my sprinkler goes like... Or the one that goes like this. Ja. And comes back like... Das habe ich gar nicht gewusst, dass das bei Simpsons vorkommt. So ein Lachen am Schluss, what the hell? Okay, nice. Ullen. Love it. Es war echt unerwartet. Ich habe schon gedacht, was hast du jetzt mit dem gemacht? Aber nice. Sehr geil. Es ist noch das Bild gekommen. Soll ich das auch noch gerade schnell zeigen? Wo ist Musik, Mann? Musik. Ist das Bild. Okay, das ist auch nice. Das Bild. Chat. Darf ich präsentieren? Vincent Troyman.
Mit dem Corvus Corax. Chat. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir sind. Also, meine Frisur, die Frisur sitzt. Auch bei Nebel. Aber meine Vermutung ist jetzt, dass wir in der Anderswelt sind. Das sieht ein bisschen nach Anderswelt aus. Corvus Corax. Vincent Troyman. Aber gut. Ullen, merci vielmals für das. Danke. So, Chat. Ich muss da natürlich wieder ein bisschen Chat nachlesen. Die Übersicht schnell haben. Da, so. So, zu. Oh, Stey, Mann. Du bist doch der mit den Season 3 Karten, oder? Stey, wie hast du es? Schön bist du da. Ist es angekommen überhaupt? Also, nicht, dass ich jetzt gespoilert habe. Also, ich weiss nicht, was du bekommen hast. Es könnte eine Season 3 Karte sein. So, Chat, ich muss echt mal schnell ein bisschen nachlesen. Welcome back, Fienchen, vor 8 Minuten. Mein Gott, ich gebe schnell Gas, Chat. Ich gebe Gas. Welcome back, Fienchen. Und es war schon immer durchgescriptet, aber mittlerweile weiß man einfach besser, wie das geschnitten und manipuliert wird, dass es nach Krawall klingt. Okay. Früher haben sie poppet. Heute nicht mehr. Oh shit, Mann, aber das ist halt schon true. Oh mein Gott. Also, ich weiss, es ist wieder, ich bin 8 Minuten nach, aber ich werde jetzt auch etwas erzählen, Chat. Ist mir jetzt egal, ich kann machen, was ich will. Ich werde 5 Tage 50, ja genau. 40. Ich werde noch nicht 50. Ich darf machen, was ich will. Was soll ich jetzt sagen? Nein, vor vielen Staffeln Dschungelcamp war mal eine dabei gewesen. Ich glaube, das war eine Blonde. Ja, wahrscheinlich ist es da, wo eigentlich standardmäßig in jeder Staffel passiert. Aber die ist, ich habe das so hergefunden, die ist mega gemobbt worden von allen. Die ist mega gemobbt worden und ich habe mich so aufgeregt dort. Da bin ich noch voll dabei gewesen, da bin ich wirklich so voll im Dschungelcamp-Tunnel gewesen. Und das hat mich so genervt, aber ich glaube, nachher hat man sie eben auch ein bisschen verteidigt. Also die Zuschauer haben sie mega verteidigt. Und es ist Sarah Dingens. Ja, Sarah Knappig. Ja, ich glaube, ja. Und ich meine, sie ist schon, ich sage jetzt mal, sie ist ein bisschen eine eigene Person vielleicht. Aber ich habe immer gedacht, hey, es ist nicht gerechtfertigt, dass sie jetzt so hure fertig machen. Und nachher, das habe ich eben so schön gefunden, die Zuschauer haben nachher auch für sie, also sie ist eigentlich der Fan. Die Zuschauer waren Fan von ihr, das wollte ich sagen. Und haben eigentlich immer geschaut, dass, ich weiß nicht, wie das System war mit dem Voting. Aber in dem Sinn für sie gewotet haben, im positiven Sinn, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nicht irgendwie rausgevotet, sondern nein, Sachen soll bleiben und so. Und das habe ich halt schon mega schön gefunden, Gott verdecke. Das ist irgendwie, und das ist noch so eine Staffel von Dschungelcamp, wo ich es gut gefunden habe. Auch dort war schon vieles gescriptet. I get it. Aber da hat es sich nicht nach scripted angefühlt. Und darum ist es irgendwie so, die ganze Dynamik und Reaktion der Zuschauer habe ich mega schön gefunden. Genau, das wollte ich noch sagen, Chat. Aber in dem Fall Sarah, ich glaube, das war sie. Ist das eine, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat? Ist sie von der gekommen? Bin mir eben nicht mehr sicher. Weil kennt habe ich sie nicht wirklich. Aber ich glaube, die war bei Germany's Next Topmodel mal dabei. So, Chat weiterlesen, 9 Minuten. Zitlo ausgesprochen. Okay, Sonja Zitlo. Sonja Kraus war nie dabei, ist jemand anderes. Okay, alles klar. Ich brauche noch 2-mal Troy-Karten für ein komplettes Season 1 Deck. Oha, let's go. Jetzt wird wieder lustig. Aber es ist doch immer lustig, Lizzie. Ist es nicht immer lustig hier?
Manchmal ist es auch ernst. Okay, fair enough. Ich musste auch an diese Szene denken. Okay. Aber Ullen, merci nochmal. Das ist echt wieder göttlich, was du gemacht hast. Mit dem Charakter wäre Game of Thrones ganz anders ausgefallen. Jetzt habe ich den Faden, Chat, der Faden. Ah, mit dem Vincent. Ah, mit dem. Okay. Ja, also Thema ne, Rabe und so. Den Teil hat man ganz sicher ganz easy ein bisschen schöner können oder ein bisschen besser können gestalten von. Hey, ich will jetzt auch nicht unbedingt weiter lästern über Season 8. Aber Game of Thrones Season 8 ist auch, ist vieles irgendwie ein bisschen kaputt gegangen. Ist auch ganz noch nicht aufgemacht. Hey, ich wollte nicht spoilern, gell? Stein, ich wollte noch nicht spoilern. Ich habe nur gesagt, ich habe Season 3 Karten random reingemischt in mein Spiegel. Und es kann eben sein, dass Season 3 Karten schon dabei sind bei den physischen. Und dann habe ich nur gesagt, es kann sein, es kann sein, dass du eine dabei hast. Du siehst aus wie 25. Oh. Oh? Oh, Moment schon. Schnell die Musik ausmachen. Oh? Oh? Das ist für den Hamster. Hamster, ich muss das noch einmal aufnehmen für dich. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Sarah Knappig vermutlich, die hat es aber darauf angelegt. Die süßeste Blondine jemals im Dschungelcamp war Evelyn Burdecki, so eine liebe Person. Okay. Die hat in der ersten Woche mehr Prüfungen müssen machen als 80% der Overall-Teilnehmer. Ist das schon die gewesen? Sie zettelt noch immer Beef an und nachher, wenn sie gegen sie reden, sagt sie, werde gemacht. Okay, okay, vielleicht bin ich auch. Es ist noch schwierig. Ich habe es natürlich jetzt eher von der anderen Seite gesehen. Mir hat sie mega leid dort damals. Aber es kann auch sein, dass das vielleicht eher andersrum ist. Dass sie so ein bisschen eher die Opferrolle halt spielt. I don't know. Aber interesting. Es tönt schon irgendwie ein bisschen nach dieser Person. Ich bin irgendwie froh, dass 95 von diesen Namen, die in solchen Sachen mitmachen, nicht kennen. Ja, aber ich glaube, das ist wie auch. Eben, es ist so B-Promi, sagen wir dem so. C-Promi. Wenn man halt nicht so wirklich oben dabei ist und aber irgendwie gleich noch so dabei sein in einem Dschungelcamp, dann ist man dort quasi willkommen. So sehe ich das. Aber seit sie Mami geworden ist, dunkt mir, hat sie sich gemacht. Ich habe noch überhaupt das gar nicht mitverfolgt, wirklich. Ich warte noch darauf, dass es Season 3 auch digital kann erworben werden kann. Ja, da musst du noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin eigentlich ready. Aber ich suche nach dem richtigen Moment. Ich brauche noch irgendwann zu dem Moment, wo ich sagen kann, hey, da machen wir den Startschuss. Und ich muss noch etwas weiteres vorbereiten, wo Hand in Hand geht halt mit der Karte oder was auf der Karte drauf ist. Ich werde dann auch ready sein mit etwas Neuem im Bosskampf. Wo dann Teil, es dann als Karte halt auch gibt. Sarah Knappig war zuerst bei Germany's Next Topmodel. Okay, dann ist das schon die. Aber ich mag mich auch noch ganz schwach erinnern an die Zeit, wo ich dort das Dschungelcamp gesuchtet habe. Grüezi Bär, ich lese gerade vor nachher. Hey, listen! Listen! Also, ich lese jetzt vor. Schwierig. Moment schnell. Schnell eine schöne Song pausieren. Dann drücke ich schnell auf meinen Magic Button drücken. Der Magic Button.
Okay, jetzt ist alles weg. Nein, ich glaube, die Spotify-Anbindung ist gerade ein bisschen buggy. Darum geht es nicht, sorry. Kann ich leider nicht machen. Wo bin ich gewesen, Chat? Game of Thrones Season 8 war die beste Season gewesen. This is Sparta! Ich schaue noch schnell den Clip. Oh. Aber geiler Clip. Juti, danke nochmal für die Aussage. Also, das hat jetzt schon ein bisschen mein Herz berührt, ne? Z-Prom ist ja true. Servala-Prominenz, das ist auch schön. Ist Song Request Label aber echt eingefroren? Ja, in dem Fall. Ich kann nur noch schnell einmal pausieren und unpausieren, wenn es dann nicht kommt. Vielleicht kommt es dann irgendwann im Verlauf vom Abend wieder, aber es scheint down zu sein. Ich lese da. Grüezi, sorry, ich habe es vorhin mit Absicht ignoriert, weil ich 9 Minuten nachher war. Aber ich lasse jetzt schnell vorlesen. Ich schultere meinen Tornister. Die Vorräte sollten reichen, denke ich, während ich mich ein letztes Mal umdrehe. All diese Menschen haben nun noch eine schöne Zeit, während ich wieder in die Finsternis steige. Ich seufze und wende mich an, wir sehen uns in einer Woche wieder, vergesst nicht die Leiter wieder hochzuziehen. Ich komme unten an und schaue in das fahle Licht empor, also zurück in die Finsternis. Meine Laterne brennt nun wieder hell, so wie meine Seele. Wie deine Seele. Sorry, dass ich es vorhin ignoriert habe. Ich meine, jeder kann machen, was er will. Ich habe natürlich nicht Jeder checken. steht dazu, was er macht. Genau. Ich habe nicht checken, dass das deine Verabschiedung ist. Aber grüezi Bär, gute Nacht. Möge die Schweizer Twitch-Community dich behüten und Will Smith dir Süße schenken. Schlaf gut und träum von spannenden Abenteuern. Ja. Grüezi Bär, mach's gut, schön bist du dabei gewesen. Merci für deine Lore und schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. Das ist auch, ich liebe halt die Power in dieser Stimme von Bocelli. Der Bocelli. Es ist halt wirklich, es ist krass, Mann. Kommt jetzt gar nichts, man ist jetzt Spotify. Ah nein, da kommt etwas. Okay, das Overlay scheint wirklich kaputt zu sein, Chat. Mich nimmt Wunder, was zu der Bridge vom neuen Electric Callboy Song meinst. Der kommt jetzt. Ich schaue schnell. Ja, zuerst kommt der Song, der jetzt läuft, dann kommt nochmal einer und dann kommt Elevator Operator. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gelassen. Aber dann lassen wir. Ich versuche, gut hinzulassen. Muss die Browser-Source von der Songanzeige nur refreshen. Ich habe vorhin gerade alles refreshed und jetzt kommt gar nichts mehr. Ne? Aber let me check. Vielleicht kann ich das machen. Spotify. Geht nicht, ne? Geht nicht bei mir. Leider. Aber merci für den Tipp, Hamster. Shanny! Bloody do something! The Shanny! heck say something! He is getting near the farther mocking end of the chat. Lord have mercy with our Near. brotely. Near, ich bin noch 4 Minuten hinten nach. Spotify Sparken happens way too often. Let's go. Troy hat das Kappa hinter meinen Satz gesetzt, das ist jetzt nicht berechtigt gewesen. Also, warte schnell, ich hole dich wieder raus.
Aber kann ich halt nicht. Ihr müsst euch einfach die Animation rückwärts vorstellen. Rückwärts vorstellen. This is Sparta! Und dann kommt er rauf zu fliegen aus dem Loch raus und ist da wieder da oben. Let's go. Gut. Wo ist jetzt... Mann, heute habe ich es nicht, also mit Spotify. He? Ist ein bisschen holprig mit Spotify heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist auch so still gerade im Song. Es ist ein bisschen still im Song. Sorry, habe ich nicht gecheckt. Bounce, Mann, wie geht's dir? Bounce, wie hast du es, Mann? Mack. Bounce, Mann, wie hast du es? Der Bounce ist halt auch da, aber da kann ich gerade schnell den da machen. Ja. Kapiert! Gerade verdrückt wurde der Franziskus. Ey du Banane, was läuft, Pog? Ja, du, eine Banane, Mann. Tommy, wie hast du es? Wie läuft's, Mann? Wie läuft's? Tommy, merci vielmals für den Resub im 15. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Hey. Schön, dass du da bist. Hello. Ja. Oder? Afraid calls is. Did you know, Troy? Afraid calls is? Das glaube ich nicht. The calls is never afraid. Ja, das freut mich. Grüezi, Bär, das freut mich. Aber jetzt kann ich schlafen, gell? Hey, oh nein, alles gut, sorry, ich war verwirrt gewesen. Was soll ich sagen? Einfach irgendetwas, Jenny. Der will nur verhindern, dass ich am Ende vom Chat ankomme. Muss eben mit dem Hund raus. No Google, stop it. Jenny muss nur mit dem Hund raus. Alles, keine Panik jetzt. Wo ist eigentlich der Stopfnick, Mori? Oder der Schnippo? Haben die Ferien? Ich weiss es nicht. Ist Nascha noch da? Nascha kann vielleicht sagen, wo der Schnopfnick Nori ist. Der Schippo weiss ich nicht. Aber denkt daran, Schippo, der hat sich wirklich, der Twitch noch nicht kennt, der hat wegen mir einen Account gemacht und hat auch für mir als allererstes reingefallen. Und das ist natürlich eine grosse Ehre, oder? Das muss man schon auch sehen. Und da kann man von den Leuten auch nicht verlangen, dass sie gerade immer rum sind, aber er ist schon recht häufig rum gewesen. Was für ein Timing. Auch mit dem Franziskus. Übrigens, wie findet ihr den Franziskus? Ich brauche ein bisschen Feedback. Findet ihr den cute? Bin ich cute? Wie findet ihr den Franziskus? Auch fragt euch, bin ich cute? So die Animation und so, der blinzelt er sogar noch. Mega cute. Ja, vielleicht mache ich etwas mit dem, Chat. Alles bestens bei mir, gerade das Wochenende am Geniessen, das glaube ich. 2 Wochen von der RS habe ich bereits hinter mir. Wie viele Wochen musst du machen? Ja, da kommt jetzt die Frage, oder? Wie viele Wochen RS? Ich war nie in der RS, ich habe halt Zivilschutz gemacht. Also vergeht mir die doofe Frage. Wie viele Wochen musst du noch machen? Afraid nie, höchstens betrunken. Also was soll ich erzählen? Einmal im Ferien... Also jetzt kommt jetzt die Story mit der Blockflöte, Jenny. Im Ferienlager bin ich wandern. Okay, das tut nicht nach der Blockflöte-Story. Okay, ist sie wandern. Mhm. Den Schnaps trinken, Mori. Das ist auch gut. Und dann wieder heim. Ja, aber was ist denn passiert auf dem Weg, Jenny? Ist Troilina, wäre die eigentlich schon mal draussen gewesen? Troilina, bist du schon mal draussen gewesen? Nicht? Es ist noch schön draussen. Ja, sie sagt, sie sei regelmässig draussen, weil ich sie auch immer rauslasse, weil ich sie auch gar nicht gefangen halte, weil das ja nur ein Gerücht ist. Ich muss schnell den Bot Hammarin fragen. Bot Hammarin, wo ist Troilina?
Der weiss das. Troilina chillt gerade irgendwo, aber sicher nicht im Keller. Eben, seht ihr, also der Bot bestätigt endlich nochmal, dass das alles nur Gerüchte sind. Grüezi miteinander, ich bin die Fräulein aus dem Keller. Aber ich muss mich auf irgendetwas achten, Chat hat es geheissen. Wir müssen mal ein Ernstwort reden. Du. Oh nein. Moment schnell, Jenny muss noch schnell rausschauen. Es hat geheißen, ich muss unbedingt rausschauen. Oh shit, das darf ich gar nicht. Das geht da gar nicht. Scheiße. Oh no. Ich darf nicht rausschauen, Chat. Ich will schauen, wie es draussen so ist. Ich werde nicht 40. Hallo? Ich ignoriere das jetzt. Ich lese jetzt hier im Treus in Chat vor 3 Minuten. Den Song anlassen. Aber es ist ein geiler Song. Es ist wirklich ein geiler Song. Schnippo ist doch etwas zum Essen. Aber Schnippo ist doch immer gut, oder Chat? Franziskus ist super. Aber Ullen, bin ich auch super? Bin ich auch super, Ullen? Idee ist echt nice. Danke dir, Carnage. Franziskus, du bist die süßeste Eiche der ganzen Welt. Oh, aber ich auch, oder Jutti? Ich bin auch die süßeste Troilina auf der Welt. Vollherzig, okay, nice. Mori, Mann! Der Mori! Ihr habt ihn beschworen, Chat. Ihr habt ihn beschworen. Operator. Aber es ist echt ein geiler Song. Love it, love it. Electric Callboy hat immer so die abwechslungsreichen, ein bisschen verspielten, unterhaltsamen Songs. Love it. Geil, Mann. Hey Mori, wie hast du es? Schön bist du da. Wir haben dich beschworen. I'm so sorry. Ich glaube, irgendjemand ist vor einem Spiegel gestanden und hat 3-mal Schnopfnick Mori gesagt. Stopstick Mori. Geil. Chat. Geiler Song, Chat. Aber ich finde es übrigens... Hey, listen! Listen! Seit 14 Minuten läuft die Dschungelshow. Also, lieber Chat, pausieren. Also, lieber Chat, ich will da etwas wirklich... ich will da schnell eine Info durchgeben. Steampunk Lady hat mich daran erinnert. Ich weiss, dass seit 14 Minuten die Dschungelshow läuft, ne? Aber, ne, Chat, wegen dem müsst ihr jetzt nicht gehen, ne? Also nein, tut es nicht, Chat. Bleibt hier. Es lohnt sich. Gut, danke. Aber was ich noch sagen wollte, ich finde es mega schön. Danke für euch Feedback, auch was ihr zum Franziskus, zu der Animation sagen.
Auch da nochmal schnell ein Merci. Weil vielleicht, ich habe mir überlegt, ob ich meine Alerts mal erneuern soll. Und das wäre so der erste Schritt, der erste mögliche Schritt zu einem neuen Alert-Design. Und wenn ihr das cute findet und schön findet, dann schaue ich mal, dass ich dort vielleicht einmal etwas ausarbeite. Das kann ich mir als zusätzliche Animation bei Subs oder zusätzlich, ja, vielleicht auch bei Subs und Cheers vorstellen. Weil das Ding ist, aktuell sind halt alle Alerts sind auf Stream Elements. Und so könnt ihr es mal umbauen, als dass alles im Streamer-Bot läuft. Ein bisschen technisch, I know, müsst ihr nicht verstehen. Aber das wäre auch ein Vorteil für mich. 18 Wochen. Oha. Oh, hey, Bounce. Bounce, ich muss schnell schauen. Was wolltest du dir da wünschen? Was wolltest du dir da wünschen? Bounce, ich habe es reingemacht. Es war aber schon zu. Es ist schon zu. Ich habe es schnell reingemacht für dich. Ja, ein Song-Request vom Gritti Bounce nimmt man an, Chat. Ja? Also es hat jemals der Bounce zu euch gekommen mit einem Song-Request. Nennt den an. Sagt nicht nein, es ist geschlossen. Ja? Schnaps drink Moorius bloody hair. We jinxed it. That's how you hacking trigger the Twitch audience. Lord God Thunder have mercy with our LAN router. Mit was? With our WLAN-Router. Okay, krass. Das finde ich auch noch interessant. Chat, wie sagt ihr im Router? Ich sage Router. Wer von euch sagt Router? Also schreibt mal in den Chat, wie das aussprechen. Router oder Router? Das war schon mal eine halbe Diskussion mit jemandem. Die Person hat immer gesagt, nein, man sagt sicher nicht Router. Und ich so, sicher sagt man Router. Man sagt sicher nicht Router. Das ist ein Router, Mann. Gott verdammt nochmal. Das nimmt mich jetzt Wunder, was die dazu sagen. Vielleicht wisst ihr es ja auch nicht, vielleicht habt ihr keine Meinung dazu. Dann müsst ihr euch auch nicht äußern. Auf dem Weg habe ich gesungen, 1 Kilometer à pied. Oha, 1 Kilometer zu Fuß. Okay. Troilina ist momentan in der Küche angekettet. Hey, ich will keine Räubergeschichte erzählen. Troilina, bist du schon mal draussen gewesen? Das ist nicht bei ihr nachgekommen, oder? Sie hat nicht noch den Chat nachlesen. Troilina maximal 21. Schon. Troilina wird volljährig. Hey, also ich glaube, sie ist schon ein bisschen jünger als ich, Chat. I guess. Der Song wäre am ESC Top 3 Safe Call. Okay. Also Electric Callboy. Oh, da wäre ja mal, da wäre echt etwas Geiles. Holy shit. Troilina ist für immer 18 plus. Troilina, du bist das Feuer in meiner Lenden. Let's go. Ullen. Hui, jetzt aber. Es ist gerade ein bisschen wärmer geworden hier innen. Hey. Du bist die süßeste Troilina der Welt, Oyote. Also du wolltest schreiben, du bist der süßeste Troy der Welt, oder? Du hast dich vertippt, oder? Troy, bei mir ist die Extension vom Spotify Overlay einfach nicht mehr da, als hätte ich sie gelöscht. Ist dir das auch schon passiert? Sagen Sie. Jetzt, wo ist das Kappa? Nein, aber du redest jetzt vom Overlay, das einfach nicht erscheint, oder? Weil es kaputt ist im Moment. Troilina ist einfach ewige minus 65.506. Aha. Okay. Die Matrix hat nur einen Buffer Overflow. Okay. Integer Overflow. Okay, jetzt aber. Ich bin 6 Minuten hinten. Was macht ihr mit Mädchen? Francisco ist so mega cute. Oh. Chat, der macht hier auf süß. Bounce, da muss man ab und zu machen. Ja?
Bounce, jetzt kannst du was lernen von mir. Ja. Ich meine, du hast schon sehr viel gelernt von mir, Bounce. Ich sehe es und bin mega stolz. Und dann mache ich den da schnell. Ja, mache ich den da. Danke, der Bounce, der hat es begriffen. Ja. Just Chatting. Ein bisschen Gameplay anteasern, noch ein bisschen Just Chatting machen. Aber manchmal muss man auch einen auf Cute machen. und dann so ein «Oh» rauslassen. Und ja, das ist so ein bisschen Zuschauerbindung und so. Alerts mit Franziskus. Das ist schon geil, oder? Hast du mit dem Plätsch Kontakt gehabt wegen animierter Figuren mit Schild? Nein. Nein, sag jetzt nicht, es entsteht zeitgleich etwas Ähnliches beim Plätsch. Sagen wir jetzt nicht, dass es würde mich null verwundern, gell? Es würde mich auch null verwundern. Aber nein, das ist einfach random. Ich meine, Schild, ja, muss ich natürlich schon sagen, bevor jetzt die Diskussion losgeht, wer war zuerst. Das sind ja die Kärtchen, die ich euch habe. Ja, Gott verdammt, ich einmal eine Scheisskamera. Jetzt nicht wieder der Kack. Das sind ja die Kärtchen, die ich verschicken kann. Da sind Haufen Easter Eggs drauf, by the way. Die Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist der Franziskus mit dem Schildchen. Der ist eigentlich schon lange designt, aber ich habe ihn jetzt noch animiert. Das ist eben so passiert. Geil, Mann. Troy, du geil, Mann. Bounce, du geil, Mann. Bounce, wenn gerne wieder mal zämbeln. Gut, jetzt bin ich schon. Der hat das Zämbeln halt wahrscheinlich schon durchgespielt, oder? Und dann komme ich da rein, wieder als blutiger Anfänger. Aber das war schon geil, Bounce. Und weg vom Stream-Element. Kamera ist no. Was, Leni? Kameras ist no? Also, ist no. Ja, true. Die hat Mühe, wenn ein bisschen viel Weiss rum ist, dann weiss sie nicht, was scharf stellen. Dann tut sie irgendwie bevorzugt da hinten etwas scharf stellen. Ich weiss aber nicht, was. Das Franziskaus. Das Franziskaus. Das finde ich noch geil. Jetzt kann ich immer den machen, wenn ich im Hintergrund etwas zeigen will. Dann kann ich sagen, hey, ich möchte euch da schnell den Franziskaus zeigen. Pflänzchen. So, Chat, ich müsste endlich den Chat nachlesen. Oh, fucking hell. Rappi, ich weiss nicht, ob du noch da bist. Ich habe gemerkt, dass ich dich ein bisschen zu lange timeoutet habe. Das war nicht meine Absicht. Ich habe oh mein Gott, okay. Da muss ich mich bei jemandem entschuldigen. Ich sage es jetzt schnell, wie es ist. Ich habe den Rappi timeoutet. Aber nicht nur für 3 Minuten, sondern für 14 Tage. I'm so sorry, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur 3 Minuten. Okay. Awkward. Muss ich jemandem nachher an DM schreiben. I'm so sorry. Wow. Ja, also I'm sorry, das war nicht meine Absicht, Leute. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Fuck. Also Rappi, du wärst wieder freigeschaltet. Oh mein Gott. Also ich muss immer schnell weiterlesen. Jetzt bin ich völlig neben der Schuhe wegen dem. Troy will weg von Stream Elements. Ich finde, Alerts kann man gut auslagern in Streamerbot, aber Giveaways, ja, Halleluja. Ja, true. Ich habe vor mehreren, ja, also ich sage jetzt mal vor 2 Jahren, habe ich alle Alerts auf Streamerbot wechseln. Und dann ist mein Streamerbot abgekratzt, nachdem ich ein paar Stunden dran war. Ich war eigentlich fertig mit alles zügeln, alles einrichten. Dann ist mein Streamerbot abgestürzt und alles war weg, was ich gebaut habe. Und dann habe ich mir gesagt, fuck off, ich lasse jetzt auf Stream Elements. Und seitdem ist es auch auf Stream Elements. Router wie bei Route 66. Aber ja, dann sagt ja Route 66. Das ist eben auch meine Idee. Also der Grund, wieso ich Route sage, weil ein Router, weil es von Route kommt. Router
That is a router, my... Nein, ist es einfach nicht. Quertutsu. Ich meine, schaut dir mal die Nachrichten an, da im Chat. Router, da, Calls, Router, Thunder, Update, Hunter. Router tönt wie eine Raute, true. Ich sage Wi-Fi Access Point. So ein grusige Wort nimmt man nicht ins Maul. Kennst du das Lied nicht vom Singen? Das «So Mist» haben wir auf Schulreisen gesungen? Nein. Was war es? Kilometer zu Fuß und so? Nein, kenne ich wirklich nicht. Entsprechend heisst das Gerät dann Route, nicht etwa Raute. Danke vielmals, lieber Chat. Wirklich, ich kann euch nicht vorstellen, was das für eine Diskussion ausgelöst hat damals. Man sagt sicher nicht Router. Das sagt doch niemand. Gesagt, was? Das sagt niemand. So sagen wir es. Oh, bin ich erleichtert. Das ist ein geiles Lied. Love it. So Zeug sagt der Bounce vor lauter Cuteness nur Weiber im Chat. Also, so Zeug sagt der Bounce, wo vor lauter Cuteness nur Weiber im Chat hat. Bounce, was sagst du da dazu? Da brauchen wir jetzt ein Statement. Dann bist du heute nicht bei ihm drin gewesen. Er hat es heute aufgeschaltet. Verwundert mich echt nicht. No fucking way! Oh, shit. Hast du einen Clip, Jenny, wo man es sieht? Also, du musst jetzt nicht irgendwie einen Clip machen. Wenn du gerade einen hättest, dann könnten wir da schnell reinschauen. If you know what I mean. Nein, aber das ist wieder typisch, oder? Das ist auch wieder typisch, dass wir gleichzeitig irgendetwas bauen, wo wir nicht irgendwie zusammen abgesprochen haben. Der gute alte Autofokus, ja, true. Die Postkarte erinnert mich daran, dass ich hier mal Folgendes schreiben wollte. Ich lasse hier gerne meine Sorgen ausbluten. Let's go. Bounced Roses. 3 Moderationsskills lernen wir nochmal. Ey, Leute, das ist mir so mega unangenehm im Fall. Da geben wir schnell eine Minute. Ich will schnell ein DM machen. Ich habe ein DM bekommen. Oh Mann, ey. So, Chat, ich habe mich schnell so gut wie es geht entschuldigen. Es hat schon Fragen aufgeworfen. Oh, I'm so sorry, Rappi, wenn du es hörst, I'm so sorry. So, der offizielle Entschuldigungsclip zum Anhängen. Oh. Nochmal schnell. Wir gucken. Ich schicke es gerade noch schnell. Scheiße. Troy, du bist so ein hoher Doppelmann. What the fuck? Als wäre ich so ein hoher Anfänger, oder? What the hell? Dann merke ich es noch so spät. Merci, Kevin, für den Clip. An ihm es gerade so weitergeschickt. Rappi, sorry. Vielleicht hörst du es ja sogar noch. Also, aber Router is an English word. That's way we say. A Router. Ich diskutiere nicht. Also du musst sowieso nicht diskutieren mit uns da oben. Ja, also. Okay, Quertutsu hat auch eine Meinung, ist legitim. Es gibt Änderungen und heute hat er einen Teil umgeschaltet, aber sie ist noch nicht ganz so Ja, hallo, hey,
Ich muss es echt dann anschauen. Ich mache es dann off-stream, gar nicht mehr das anschauen. What the fuck? Nein. Okay, es verwundert mich aber echt nicht. Lizzie, ich verabschiede mich mal. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Lizzie. Schlaf gut und träum von Ottern, die Armbänder tragen und gemeinsam Sailor Moon und Spider-Man helfen. Oha. Schwingst du dann rum wie Spider-Man, Lizzie? Mit einem Otter so im Arm. Oha. Der Otterman. Der Otter. Nein, komm. Nein, ich sage jetzt das nicht, was ich wollte sagen. Egal. Lizzie, möge deine Nacht genauso abenteuerlich sein. Lizzie, schlaf gut, schön warst du hier. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Lizzie Moon, bye bye. I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. Geil. Gute Nacht und schönen Sonntag gewünscht. Let's go. Bin ich am Ende vom Chat? What is happening? What is happening? Natürlich, so kennt man mich doch. Let's go. Let's go. It's fucking teamwork. Wow, the fuck? Ist das schon immer so laut gewesen? Gonna love you completely. Chat, ich muss da was holen. Chat, wir schauen, ja natürlich, also ich muss jetzt nicht fragen, darf ich da live on Stream gucken? Das ist ja schließlich ein Clip vom Stream vom Blatsch. Logischerweise darf ich das auch abspielen. Also schauen wir uns das schnell an, Chat. Pünktlich zum Ende vom Song schauen wir uns einen Clip an. No fucking way! Moment schnell. Chat, ich muss schnell etwas probieren. Ich muss ihn nochmal schnell abspielen. Das geht nicht. Ich habe gehofft, das geht. Ich hoffe, ich kann einen Will Smith 2 machen beim Platz. Hey, what the fuck, einfach das Schild. Ach. Aber ich fände es irgendwie halt schon amüsant, muss ich ehrlich sagen, dass es so gekommen ist. Cannot stand. I'm still free. Da bläst ein Troy die Ohren weg. Hey, absolut. Damit du ein bisschen reden kannst, erzähl mal etwas. Also gut. Was soll ich erzählen? Oh, hey Leute, ich bin gerade konzentriert am Überlegen gewesen. Was könnte ich erzählen? Erzählen ist schwierig, aber ich versuche schnell etwas zu erzählen. Sicaro, let's go. Ich blende schnell da meine zusätzliche Kamera ein, wo irgendwie gerade nicht will, aus irgendeinem Grund. Kokainum. Fuck. Ist vielleicht noch die Fernbedienung führen? Bin nicht vorbereitet. Also, ich erzähle euch jetzt etwas. Geht mal schnell ein bisschen da rüber. Rechts. Chat rechts. Ich kann gerade nichts machen, weil die Batterie da unten ist bei meiner Fernbedienung. Wir müssen rechts rüber. An den Gipfel vorbei. An den Gipfel. Okay. Oh, noch ein bisschen rauf. Stopp. Wieder zurück, links.
Ich kann halt wirklich selber gar nichts machen. Chat. Ich kann euch etwas zeigen. Ich muss das Ding laden, Mann. Jetzt, ja, wow. Chat. Das ist, wenn man Chat lässt steuern. So, ich muss da schnell meine Fernbedienung anhängen. Ui. Preset. Preset 1. Preset 2. So, hä? What the fuck is going on? Hallo? Ihr drückt auch alle wie wild, oder? Ihr drückt wie wild und ich kann gar nichts machen, oder? Gar nichts kann ich machen. Ich kann zoomen, ja. So, jetzt gehen wir da einmal im Kreis, Chat. Ich steuere jetzt und der steuert ein bisschen rein. Ah, jetzt... Nein, zoomen! So, Chat, seht ihr das? Ja. Das habe ich geschenkt bekommen, Chat. Habe ich geschenkt bekommen. So, gut jetzt. Gehen wir da raus. Das funktioniert nicht mit euch. Aber ihr habt es gesehen. Danke. Danke, Rina. Merci vielmals. So. Hey, Rappi, du musst... Also, ich hatte vielleicht einen 3 Minuten Timeout geben. 3 Minuten für eine Aussage. Aber die 14 Tage, die ich dir gegeben habe, für die muss ich mich entschuldigen. Für die, also, Entschuldigung akzeptiert, aber bitte akzeptiere auch meine Entschuldigung. Es war wirklich nicht meine Absicht gewesen. Ja, alles gut, Rappi, no hard feelings, alles gut. Schön, bist du wieder da. Scheiße, Mann. Oh, aber Lisi, wenn du es noch hörst, gute Besserung dem Bein und gute Besserung dir natürlich. Ich muss am Platz noch einen Clip von deiner Animation machen. Moment schnell. Also. Da kommt das kannst du klippen für den Platz. Da, mit meine schönen Eicheln, meine schön animierte Eicheln mit einem Schild. Wer hat es erfunden? Wir beide, I guess, gleichzeitig, zufälligerweise. Let's go. Kannst du wieder aus dem Kochbuch vorlesen? Ich müsste es holen. Sich Inspiration zu holen, finde ich vollkommen legitim. Jeder macht es auch auf seine Art, aber lustig, wie klein die Welt ist. Hey, true. Ich bin im Fernsehen, yes, die TLC ist im Fernsehen. Ja, aber komm nicht aus dem Fernsehen. Im Fernsehen sein ist cool, aber wenn ihr aus dem Fernsehen rauskommt, das ist auch ein bisschen awkward für mich. Rundfahrt, eine ist auch durch die ganze Wohnung und dann einfach auf schwarz. Schraubt sich die Kamera ab, wenn wir genug drehen. Das wär's noch. Und dann könnt ihr, wenn ihr die richtigen Bewegungen macht, dann könnt ihr noch durch die Wohnung durchrollen mit der Kamera. Etwa so stelle ich mir das vor. Ist das schon beim Nachbarn in der Stube? Wir sind unschuldig. Ich habe schon gesehen, wie da immer jemand klickt. Oder? Der Loki ist auch noch. Und Hulk. Loki und Hulk. Habt ihr richtig gesehen? Ja, habe ich geschenkt bekommen. Es ist nicht auch so ein Geschenk gewesen, es ist... Geboren! Also quasi von der Firma ein Geschenk gewesen. Barracks, Mann! Barracks! Right, down. Let's go! Barracks, wie hast du es schön, dass du da bist und merci vielmal für deinen Resub im 25. Monat. Danke vielmal für deinen Support. Holy shit. Up, right, down. Du hast es mit dem ausgelöst, oder? Ich glaube, das müsste ja auch gehen. Barracks, wie hast du es? Schöne Rückketterie.
Non, je ne regrette rien. An anonymous user gifted a tier 1 sub to Bum Bum Dun Dun. Bum bum dun dun. What is happening? Chat, ich bin wieder im DeLorean. Er schaufelt ein bisschen wieder rein. Oh nice Troy Hahug. Oh, what the fuck is happening? Jetzt sind wir schon Level 3. Oh, Chat, ich bedanke mich gerade. Ich muss den hier wieder mal bringen. Lieber Chat, merci vielmals für den Hype Train. What the fuck? Merci, anonyme Person, Gifted Sub an Bum Bum Dun Dun. Bum Bum, viel Spaß mit den Dun Duns. Chat. Oh. Jetzt eskaliert es wieder. Oh, holy shit. Oh. Als anonyme Person, merci für den Support. Und viel Spaß, Bum Bum Dun Dun mit den Emotes und den Perks. Dann, Lizzie, merci vielmal für den Resub, Prime Resub. 85 gifted a tier 1 sub to Mail an. Leute, oh come on. Oh. Lizzie, merci vielmals für den Resub im 16. Monat. Danke dir für den Support, Lizzie. Ich dachte, du bist schlafen gegangen. Bullen gifted a tier 1 sub to Meier. Merci vielmals. Und dann SDTLC, merci vielmals für den Tier 3 Resub im 20. Monat. Holy shit, SDTLC, merci vielmals. Ich sage es an dieser Stelle, ich habe es glaube ich auch schon gesagt. Es ist erstens mal kein Scam-Train. Aber merci für den ganzen Support, SDTLC, für wirklich den gewaltigen Support, den du da schon reingegeben hast. Einfach insgesamt für das auch nochmal ein grosses Danke. Renegade, merci vielmals für 100 Bits. Danke vielmals für deinen Support. Arti, merci vielmals für 69 Bits. Merci vielmals für deinen Support, Arti. Fienchen, merci vielmals für den verschenkten Sub. Melan, oha! Melan, viel Spaß mit den Perks und den Emotes. Und Fienchen, merci vielmals auch für deinen riesigen Support insgesamt. Und danke auch fürs Moderieren. Natürlich. Dann Quertutsu, merci vielmals für 96 Bits. Es ist ja so, man schaut sich dann nicht mehr so an bei 96, aber mein Gott. 96 Bits, danke vielmals. Wir sind halt schon bei Level 4 angekommen. Quertutsu, danke. Ullen, merci vielmals für den verschenkten Sub. An Mayreya. Und Mayreya, viel Spaß mit den Perks und den Emotes. Ullenmann, merci vielmals für deinen Support und merci für deine ganzen Memes natürlich auch an dieser Stelle. Wenn ich schon anfange mit allgemein noch Danke sagen für alles. Euch allen danke für alles. Ullen, merci vielmals für die Memes. Rina, merci vielmals für 100 Biddies. Danke vielmals für deinen Support. Und Arti, merci für weitere 136. Das sind nicht 2 mal 69, oder? Das sind. Oh, das wären 2 mal 68. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Hey, aber Arti, merci vielmals auch nochmal für deinen Support. Holy shit. Hey. Aber geiler Soundchat. Oh. Oh. Ich glaube, das ist da. Ich habe da verwünscht von der Troilina. Das Blitzdingsbums von der Troilina habe ich verwünscht. Lilu Dallas Multipass. Multipass.
Chat. Ich muss noch schnell. Oh mein Gott, Leute, es ist noch weitergegangen, oder? Jenny, merci vielmals für 2 verschenkte Subs. Der Thinker und Eisherz. Oh, Eisherz. Okay, let's go. Viel Spaß mit den Emotes, mit den Perks. Der Tinka, Eisherz und Jenny, merci vielmals für deinen Support. Ja, und natürlich auch an dieser Stelle, ich habe gesagt, wenn ich es schon mache, dann mache ich es bei allen. Merci für alles und merci natürlich auch für das, was du der ganzen Community bietest. Für die schönen Freitage, die du uns allen bescherst. Das ist schon recht geil. Sorry, jetzt habe ich Bounce. Jetzt habe ich an Bounce denken. Jetzt wollte ich sagen, doch nicht für ganz jeden Freitag, sondern also all Schaltjahr ein ist so wie... Hey Leute. Merslim! Was war jetzt das? Ja, oh, holy moly. Merslim. Merci vielmals für den Raid. Ich bin Troy. Und bei mir gibt's Stille. Wir genießen die Stille. Okay, ich glaube, wir geniessen nicht. Es brennt jetzt. Es ist am Brennen, Chat. Let's go, Chat, wir machen das Foto. Ich sage nachher gerade noch Danke. Ich muss schnell eins nach dem anderen. Merslim, danke vielmals für den Raid. Jonathan? Komm, nein, ja vielleicht. Ich schaue mal schnell, ob ich den Jonathan draufnehmen kann. Kommt doch alle drauf mit Ausrufezeichen Foto. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit Spielereien, Effekt, Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Let's fucking go. Und wie war dein Stream, Merslim? Was hat es gegeben? Und wie geht's dir? Wie geht's euch? Und ich muss jetzt noch schnell Danke sagen an die anonyme Person. Ich tue noch mal schnell die Animation ablassen. Danke vielmals für den verschenkten Sub an John Doe. An anonyme Person. User gifted at hier 1 sub to Yondu 101. Yondu. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks. John Doe und merci vielmals für den Support. Habe ich mich für alles bedankt, Chat. Sonst schimpft mit mir. Heute bin ich ein bisschen neben den Schuhen. Und ich sage noch schnell, Entschuldigung, reiss dich zusammen, Troy. What a Quack, ich weiss, es ist mega spät, aber ich wünsche auch dir noch ein schönes Weekend. Grüße nach YouTube, schön bist du dabei gewesen. Oder respektive schön schaust du rein. Dann Tiger, grüezi Tiger, Merslim, Hansuli. Bum Bum Dun Dun, du hast ein Sapp-Geschenk bekommen, let's go. Lannister, grüezi wohl. Und natürlich Merslim, du hast dir schon etwas ausgewählt, let's go. Lisa Lee auch noch, grüezi wohl. Schön sind ihr da. Holy shit. Ja, ich bin der Troy und ich bin überfordert. Das hätte ich endlich sagen. Schnell gucken hier. Okay. Merslim, auch schnell als Info. Wir sind noch nicht ganz bei diesen 15, dass wir einen Bossfight starten. Aber beim nächsten Bossfight wärst du Dungeon Leader. Einfach, als es gesagt ist. Say cheese, you bloody sinners. Cheese! Lord God aperture have mercy with this bunch. Chat, seht ihr das auch? Alle drei Mods sind auf dem Viertel. Let's fucking go. Nice one. Und Techie, grüezi in dem Sinn auch noch an dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Juna und Princess Luna, schön, dass ihr auch da sind. Schön, dass ihr aufs Viertel gejoint habt. Wie geht's euch denn so? Merslim, gerade komplett Überforderung. So geht's mir gerade.
Ich lese noch schnell, was du geschrieben hast. Ich habe Elden Ring gamet und Schoolboy Runaway. Es geht mir gut, obwohl ich von Elden Ring Ein anonymous User gifted a Tier 1 worden bin. Sub to Lisali_Berlin. Aha. Anonyme Person, merci vielmals für den verschenkten Sub an Lisa Lee. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Lisa oder Lisi. Lisa Lee Berlin, viel Spaß mit den Emotes, mit den Perks als Subscriber. Anonyme Person, merci vielmals. Okay, Merslim, Schoolboy Runaway und Elden Ring. Schoolboy Runaway kenne ich jetzt gar nicht. Ist das etwas? Was muss man dort machen, Merslim? Und jetzt alle, die noch nicht auf dem Foto sind, haben Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen Fettli. Wir sind 28 Leute auf dem Foto. Wir haben insgesamt 53 Plätze auf dem Foto. Also, wir müssen keine Angst haben, dass ihr irgendjemandem einen Platz wegnimmt. Kommt einfach noch aufs Foto drauf. Hei. Komplett überfordert gerade. Habt ihr einen guten Abend gehabt? Hey, Bum, absolut. Guten Abend, wir haben schon das Chatting gemacht, endlich bis jetzt, wie üblich. Und coole Themen gehabt, coole Community. Man kann halt mega gut so just chatten miteinander. Also ich kann mich nicht beschweren. Let's go. War noch nie in der Mitte des Fotos. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, was du überhaupt... Aha, da, hä? Remember, hä? Remember. Rappi in the middle of January. Oder so, keine Ahnung. Also können wir jetzt die 53... Jetzt machen wir die 53 voll. Vorher mache ich das Foto nicht. Ja, da, Barracks hat es gesagt. Der Franziskus sagt es jetzt sicher auch nochmal. 53. Dann Foto. So. Ja, da. Oh, das 53 sieht ein bisschen komisch aus. Okay. 53 dann Foto. Sagt der Franziskus auch. Du hast Hausarrest. Und musst rausgehen, dass du mit deinen Kollegen spielen kannst, aber deine Eltern lassen dich nicht raus. What the fuck? Ohne Scheiß. Aber das tut mega nice. Hat es einen Clip gegeben, Merslim? Das checken wir schnell. Oh, aber das ist The Witcher 3 Wild Hunt. What the fuck? What the fuck? Okay, sehr geil. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das mal gesehen habe, Merslim. Dein Kamerabild, das so ausfadet, finde ich irgendwie noch... Finde ich interesting, finde ich auch geil. Ja? Also lieber Chat auch bei Merslim mal vorbeischauen, wenn ihr einen weiteren Streamer sucht, der schweizerdeutsche Streams macht. Ich glaube, das hat sich nicht geändert, oder Merslim? Nicht, dass ich jetzt einen Sach erzähle, sonst korrigierst du mich einfach. Wo schweizerdeutsche Streams macht. Shadow, grüezi und Findliwald, grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Nee, habe ich jetzt einen Sach erzählt? Bist du Hochdeutsch unterwegs? Nein. Aber Merslim, wieso denn? Nein, alles gut. Dann korrigiere ich. Ist immer noch Schweizerdeutsch? Okay, let's go. Okay, dann habe ich recht gehabt. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, irgendeinen Scheiß erzählt. So, noch schnell. Das habe ich schon gelesen. Hey, dann habe ich auch Freude. Bum, dann habe ich auch Freude. Hey, Merslim, what the fuck? What the fuck? Das wäre nicht nötig gewesen, Merslim. Hallo? Merslim, danke vielmals für 10 verschenkte Subs. Holy shit, Mann. Oh, holy shit. A Vortex, a Blotto, Wolfi, Bubble Bean, Pat, a Mutsch, My Rodor, Firefly Type 4, Marine und Janis. Euch allen viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscribers und Merslim. Hey, holy shit, danke vielmals
für den riesigen Support. Wie gesagt, es freut mich nur schon, wenn ich eure Namen lese. Ein Raid ist schon mehr als genug. Lieber Chat, liebe Raiders. Wäre nicht nötig. Der grösste Streamer muss Minimum 10 Subs von oberen haben. Also sehe ich jetzt ein bisschen anders. Da gibt es diverse Punkte in diesem Satz, wo ich vielleicht ein bisschen anders sehe. Aber ich weiss es zu schätzen, natürlich. Merci. So, Chat. Oh, jetzt bin ich wieder komplett neben der Schuhe. Ich werde noch schnell die Hype-Train-Animationen abspielen, weil wir haben ja schliesslich noch einen Hype-Train hinter uns, Level 4, 65%. Und für da muss ich noch das Knöpfchen drücken, und zwar das da. Okay. What the fuck? Es ist schnell schwarz geworden, Chat. Danke nochmal für den ganzen Support. Merci nochmal für den Hype-Train, lieber Chat. What is happening, hey? What is happening, Chat? Kopfdeckel ruckelt da nur bei mir so. So, Chat, wie viele sind wir? 32 Leute. Ich glaube, ich muss das Foto langsam machen. Oder? Wir können es nicht noch weiter rauszögern. 32 Leute, Idee, das letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto, wenn ihr auch noch drauf kommt. So, Foto. Dann mache ich da Merci für den Raid als Titel. Machen wir da schnell ein bisschen Blur rein. Schmarz ist auch noch drauf. Hast du deinen Gaming-PC mitgenommen, Schmarz? Oh nein, der ist ja noch da bei mir. Schmarz, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Sayuki, Coco, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Grüezi miteinander. Hey, jetzt aber 34 Leute. Let's fucking go. Machen wir das Foto. Oh shit. Den Jonathan haben wir vorhin noch wollen. Den Jonathan. Dann nehme ich da den Schreib nie. Den Schreib nie vom Hamster-Sound nehme ich jetzt mit aufs Bild. Und wir machen ein Foto zwischen 7 und 15 Sekunden. Say wow again. Say wow again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say wow one more goddamn time. Ulle. Der Hullen wird einfach backbendet. Let's go. Hey Merslim, da unser wunderschönes Foto. Pedro ist getroffen. Und das Foto ist ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC Merci Specku. Und ich mache dann auch noch eine Story auf Insta, wo ich dich markiere, Merslim. Und eine Story auf Twitch. Und I know, bevor du mich jetzt anschreien, Chat, ich bin mega hinten nachher bei diesen Stories. Die kommen alle noch. Und auch diese Story kommt vielleicht dann erst nächste Woche oder übernächste Woche mal gucken. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, aber man kann sich auf jeden Fall das Foto auch in physischer Form bestellen, wenn du das ausgedruckt haben willst. Link im Chat. Gut. Wo sind wir gewesen, Wo sind wir gewesen? Ich steige mal irgendwann wieder rein. Rein in den Chat. Vergebt mir, wenn ich jetzt irgendwie etwas nicht vorgelesen habe, wo wichtig sie wäre. Wenn es wichtig ist, bitte schreibt es einfach nochmal. Dann würde ich es dann nochmal lesen. Aber ich steige mal... What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammer, and he does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Renegade, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich lese gerade noch schnell vor. Ich gehe schnell durch. Weil sonst, wenn ich da hin und her springen muss, ist es ein bisschen mühsam. Nur schnell ein bisschen Geduld mit mir. Hast du Festplatte mit dem Video schon abgestellt? Hä? Na, Chat! Renegade, gut.
Oh mein Gott, Chat, die sind so gut. Also erstens mal, du warst nicht angeschnallt. Genau, true. Und sehr gern, Schmarz, sehr gern. Und wie gesagt, nochmal GZ. Ich habe es schon angetönt, die Leute wissen es eigentlich schon. Aber nochmal GZ. Das war ein reiner Zufall gewesen und ich habe mich mega gefreut, Schmarz. Und wieder gesund nach 3 Tagen Krankheitslager. Oh no, Sayuki, aber freut mich, dass du wieder gesund bist. Das ist das Wichtigste, Sayuki. Oh. Hei. Was der steht bei dir? Wieso habe ich dir meine Adresse nochmal angeben? Weil das ist natürlich, ich kann nicht sagen, ich gebe jetzt die Adresse, ich als Treuhammerin der Firma. Es ist wie, dort haben wir so die Trennung. Das ist halt schon Trennung, darum machen wir das auch professionell. Und der Versand wird nachher von mir auch nicht gemacht. Ich bringe den dann in die Firma und dann wird der Versand von anderen Leuten vorbereitet. Auch das schnell zur Erklärung. Chat. Haha. Boss. Ja. Ja. Was willst du wissen? Sagst du mir jetzt echt Boss? Ich bin halt schon, manchmal bin ich schon ein bisschen Boss. Vor allem wenn ich Flügel bekomme. Listen. What the fuck, jetzt habe ich etwas... Oh mein Gott. Weg mit dem. Float. What is happening? Kann ich das endlich kombinieren? Jetzt bin ich schon ein bisschen ein Boss-Chat, oder? Aber wir sind noch nicht so weit. Hey, Renegade, ich hoffe, du hörst es noch. Gute Nacht, Renegade. Mögen deine Träume so mächtig sein wie Mjölnir Fleischhammer. Und so bunt wie ein Spielzeughammer. Das habe ich leider nicht. Ich würde da gerne mal in physischer Form haben, so einen richtigen Spielzeughammer. Ruhe dich gut aus und lass die Fantasie fliegen. Hey, Renegade, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye, tschüss. Hast du jetzt alles, was du von mir brauchst? Ich schaue schnell. Ich glaube es, ja. Ja, habe ich. Rappi habe ich. Alles gut, dann schicke ich das los. Let's go. Dann bekommst du dann auch noch etwas von mir. Tu dich dann nicht wundern, wenn dort steht, guter Rutsch und so. Weil das Kärtchen habe ich halt vor ein paar Wochen mal geschrieben, gell? Aber du bist mir sicher nicht böse. Zuerst 3-mal müssen checken, ob ich wirklich gewonnen habe und dass mein Fake-Account angeschrieben hat. Ja, aber fair enough, man muss halt einmal schon schauen. Sonst hättest du auch mich noch fragen können. Ich konnte es so nicht glauben. Ja, ich meine, es haben glaube ich, etwa 800 Leute mitgemacht, gell? Und wir machen so zufällige Ziehung und dann steht dort Schmarz. Und ich so, okay. Dann habe ich noch gesagt, das ist jemand aus meiner Community. Let's go. Ja, wir haben aber alle Freude gehabt. Vom ganzen Team. Es ist auf Cooldown wahrscheinlich. Es ist entweder auf Cooldown. Ja, verstehe es jetzt nicht falsch, aber Easter Eggs kann man einlösen, wenn man sie selber gefunden hat oder wenn man Subscriber ist. Also, aber verstehe es jetzt nicht falsch, das ist nicht irgendwie eine Aufforderung. So, weitermachen im Chat. Kaputt machen. Ja, true. Kaputt machen. Ja, okay, fair enough. Das wäre dann auf dem Bildschirm. Das notiere ich mir. Erinnerung, let's go. Hier kommt die Chat-Nachricht. Ich will aber das Ende des Chats. Gute Nacht, liebe Joti, mögen dein Herz sanft ruhen, während die Glühwürmchen draußen im Gipfelglitzer tanzen und dir süße Träume ins Ohr flüstern. Schlaf gut, Joti. Schön warst du hier, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Joti, tschüss. Fienchen 85 giftet Tier 1 Sub to Schmarz.
They have given Oh 119 no, gift subs in the channel. Ich hätte es müssen wissen, Chat. Ich hätte es müssen wissen. Finchen, merci vielmal für den verschenkten Sub an Schmarz. Finchen, danke für den Support, Schmarz. Viel Spaß mit den Easter Eggs, mit den Perks als Subscriber und natürlich den Emotes. Es kann sein, dass es vielleicht noch Cooldown hat, ja, aber endlich müsste es jetzt grundlegend wieder gehen. GZSZ, oh, gar nicht. Gar nicht, Merslim, überhaupt nicht. Wie geht das? Ich muss schnell überlegen, wie geht der Text? Ich sehe in dein Herz. Oder so. Ich weiß es nicht. Bla bla bla, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bossfight Tiger, wir sind noch nicht so weit. Vitoris Big rated mit Vitoris Big oder Vitoris B.I.G. Vito, merci für den Raid. Danke vielmals für den Raid, Vito und liebe Raiders. Ich muss schnell überlegen. Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich bin komplett neben den Schuhen. Vito. Soll ich schnell die Begrüßung auf Hochdeutsch machen oder sagst du, hey, nee, das verstehen die alle Schweizerdeutsch, das ich hier mitbringe. Du darfst Schweizerdeutsch. Okay, let's go. Liebe Rangers, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien. Effekt, Just Chatting, Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Später dann mit Indiana Jones, aber erst viel später wahrscheinlich. Und schön, dass ihr da sind. Wie geht's euch? Und Vito, was hat es bei dir gegeben? Was hast du gestreamt? Und wie war dein Stream gewesen? Nicht walden hier, let's go. Let's go. Das ist nice. So, und dann machen wir zuerst mal das Foto. Eins nach dem anderen, Chat. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir einen Bossfight machen können. Das war gerade die Thematik vorhin. Wir sind leider noch nicht so weit. Tiger, I'm so sorry. Ich schätze jetzt bei dem nächsten Raid vielleicht, beim übernächsten Raid, aber ihr sind alle vorgemerkt als Dungeon Leaders, lieber Chat. Und wenn kein Raid mehr reinkommt heute, dann machen wir einfach einen Bossfight. Einfach so. Aber alle schnell eine bitte Ausrufezeichen Foto eingeben. Ausrufezeichen Foto zum aufs Foto kommen, zusammen mit dem Vito mehr und euch. Schnell den Blur. Ja, können wir endlich rausnehmen. Das ist ein schönes Bild. Ausrufezeichen Fettli. Kommen alle aufs Fettli und Vito. Du kannst dir noch etwas auswählen. Auf der linken Seite kannst du dir einen Chatbefehl auswählen. Du kannst nämlich entscheiden, was neben dir aufs Bild kommt. Aktuell ist der Dr. Suspect getroffen. Und hey, Dave, grüezi Dave, nicht Wald. Ist das nicht, wo der Troy mal eine datet hat? Ja, das ist true. Das ist, ja, müsste schon sein. Also, da bin ich mir jetzt an, ist das schon nicht Wald? Mal, das sollte nicht Wald sein. Stanz ist nicht Wald. Da bekommen wir nie mehr raus, Chat. Das ist so, das ist so das Thema. Und irgendwann ist sie da und dann ist es auch awkward, oder? Dann ist es auch nur noch awkward. Also, solltest du die betroffene Person sein, huh? I'm so sorry. I'm so sorry. Aber dann tu dich noch schnell melden, dass ich es weiss. Fenty, du bist es. Fenty, wie hast du es schön, dass du da bist? Hello, hello. So, Chat, oh mein Gott, ich muss schnell wieder Chat überfliegen. Im Moment ist es ein bisschen wild. Es ist ein bisschen wild. Als Fleischhammer habe ich mir kurz etwas anderes vorgestellt. Das machen wir nicht, das gibt es nur noch auf OnlyFans. Ich bin kein Fötzeli. Ich muss dir dann noch ein paar Fötzeli machen, Rappi. Gibt schon Infos zum Release deines Spiels? Oh ja, Barracks. Ne? Wann kommt das Spiel endlich, Barracks? Oh, geil. Hey, Fienchen, absolut guter Mensch, kann ich nur unterstreichen. Merci, Fienchen, nochmal.
Vito, du kannst dann etwas auswählen, kein Stress. Und wenn es so passt, wie es ist mit dem Dr. Suspect, dann musst du auch gar nicht eingehen, alles gut. Sag es auch nochmal. Jetzt da, schnell pausieren. Ich sehe in dein Herz. Oh, das ist shit, Mann. Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann geht es noch weiter. Ein Leben, das neu beginnt. Oder so irgendwie. Freya, grüezi, Freya. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, wie viele sind? Chat, 26 Leute, da geht noch mehr. Jetzt machen wir da nochmal 30. Füllen wir nochmal, Chat. 30 füllen wir nochmal. Ausrufezeichen Foto. Wie ist das mal gewesen, wo du gesagt hast, du siehst am Ende vom Chat auch? Ja, da. Es existiert gar nicht. Ich jage dem Ende des Chats immerhin nach, aber ich verwünsche es nie. Ich verwünsche es nie. Ich greife immer nach dem Ende vom Chat. Und dann merke ich, nein, es ist ein Vito sein Po. GZSZ, das sind die besten Schauspieler. Da gibt es einige, die sind 10 Jahre dabei und Schauspieler auf einem hohen Niveau, da kann er nur die Serie mithalten oder ein Stein. Die Serie mithalten. Oder ein Stein. Ja, okay. Hoi Troy, schau jetzt da mit diesen Pünktchen. Hoi Troy, herzlich willkommen zu meinem Stream. Okay. Vittoris Bot. Merci für den Follow, danke. Bist du auch noch auf dem Foto? Ist der Bot auch noch auf dem Foto? Hey und Dave, nochmal grüezi. Wie hast du es? Troy Game Dev braucht halt sehr lang. Gib ihm Geld für Assets. Also gut. Listen. Lies es nochmal, du Held. Hoi Troy. Herzlich willkommen zu nicht meinem Stream. Okay, jetzt macht es schon ein bisschen mehr Sinn, wenn man es. Das sind so Sachen, die muss man mit 39 kurz vor 40 zweimal lesen, damit man es versteht. Jetzt habe ich gesäulet, Chat. Jetzt habe ich gesäulet, das ist mir scheissegal. Das fällt an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, Chat. Ich sehe in dein Herz. Oh mein Gott. Das ist Feinchen gewesen, oder? Let's go. Merci vielmals. Hey, ich kann mich nicht beklagen, Freya. Freut mich, dass es dir gut geht. Ich habe vorhin ein paar Raids reinbekommen. Ich wäre also im Chat heute nachher. Das ist eigentlich gar keine... Nice. Ins Herz. In schlechten Zeiten. Du gehörst dazu. Genau du. So, jetzt müssen wir schnell das Foto machen, Chat. 29 Leute, ja okay. Das ist okay. The best spot ever seen auf dem Foto. Let's go. Okay, machen wir das Foto, Chat. Merci für den Raid, stimmt. Alles andere stimmt. Kann ich es... What the fuck? Egal. Chat zwischen 7 und 15 Sekunden. Antonio Margareti. Oh, fast, Hamster. Fast hättest du dich gepettet auf dem Foto. Chat, ich weiß nicht, was das ist, was ich da mache, aber es soll ein V sein, wie ein V vom Vito. Und Vito, da unser Foto, wunderschön. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC Merci Specko. Und
Wir machen, es gibt dann auch eine Story auf Insta und auf Twitch, wo ich dich markiere. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Wow. Wow. Wieso ist das eigentlich immer noch eingeblendet? Ich bin komplett überfordert, oder? Very nice. Von GZSZ ist eine ehemalige und aktuelle Schauspielerin im Dschungelcamp momentan. Okay. Nicht Serie. Vom iPhone. Okay, jetzt komme ich raus. What the fuck? Aber die Sache, die kann ja auch, die kann sicher ein bisschen schauspielern, oder? Den schlechten Zeiten zu. Du kannst mal einen Stream lang nur Serien-Themes SR machen. Ja, also. Gut, ich hätte jetzt fast gesagt, wir können jetzt nicht die SRs nochmal aufmachen, aber wenn ich auf die Uhr schaue, dann ich glaube, wir müssen dann schon langsam dann, richtig Gameplay gehen. Aber ich merke mir das vor für nächstes Mal oder so. Chat, merkt euch das alle. Bei meinem nächsten Stream, wo by the way am Donnerstag ist. Ich bin jetzt so frech und mache an meinem Geburtstag einen Stream. Deal with it. Wo am Donnerstag, am 30. Januar ist. Könnt ihr euch schon mal merken, ein paar geile Serien-Themes raussuchen. So Intro-Songs für Serien und dann könnt ihr die wünschen. Das machen wir. Guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you." Sorry, das ist auch so ein guter Song. Ich kann nicht mitsingen, Chat. Dschungelcamp. Ja, du bist Fan, Schmarz. Das haben wir heute schon mal, habe ich schon mal gelesen. Römer hat das erzählt. Troy, hast du eigentlich immer nur einen Hammer irgendwo in meinem Zimmer versteckt? Eine Kamera? Ich muss schnell schauen. Jenny, Rappi, Mr. Blatsch, Ullen, Bert. Da bist du? Wow! Hättest du mir können sagen, dass du nackt bist? Gottverdammt noch einmal. Hä? Das war ein bisschen frech, Caro. Jetzt ist noch so ein Lied, das reinpassen würde. Gib es mal durch und Fienchen entscheidet, ob wir es hören oder nicht. Die Songrequests sind zu. Ich sehe es, by the way, nicht, weil das Overlay kaputt ist. Aber die Songrequests sind, glaube ich, zu. Zählen Anime dazu? Ich sage es, okay, ich korrigiere. Suchen Themes von Serien, wo wir irgendwie alle wo so ein bisschen Mainstream sind. Wo wir alle, natürlich nicht immer alle zu 100%, aber wo die meisten das kennen. Ne? Das ist auch immer so Nischenzeugs, wo ich 90% nicht kenne. Bei Anime kenne ich sowieso gar nichts. Ne? Und das wär dann schon auch schade. Aber ich sehe schon das Kappa Carnage, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem ist es eigentlich eine gute Frage. Es ist keine schlechte Frage. Donnerstag, ich mache mir ein fettes X in den Kalender. Let's go. Würde mich natürlich freuen, Chat, wenn ihr Zeit und Lust habt am Donnerstag. Also ich habe am Donnerstag einen Geburtstag. Ich mache wahrscheinlich auch nicht bis in alle Nacht, aber einfach irgendwie 19 Uhr gehe ich live. So circa, so wie immer. Und dann sind wir ein bisschen da und machen ein bisschen Just Chatting. Vielleicht können wir ein bisschen gemütlich puzzeln. Ich habe jetzt nicht eingeplant, dass wir am Donnerstag Gameplay machen.
Einfach spontan, wie es gerade kommt, machen wir irgendetwas, Chat. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Oh Gott, nicht Toi Toi. Ist nächste Donnerstag schon Samstag? Ja, so quasi frei, ja. Das ist natürlich die universelle Regel, die dann auch greift. Wenn ich streame, ist Samstag. Also ist am nächsten Donnerstag schon Samstag. Ich habe tatsächlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei genommen. Ich habe einfach ein verlängertes Wochenende. Das ist wild. Troy am Donnerstag. Genau, Troy am Donnerstag, so heisst es auch. Circa um 19 Uhr, Arti. Bin immer noch fürs Game One-Hand-Clapping. Das würde mich schon reizen. Verstehe mich nicht falsch, das würde mich schon reizen. Hey, Brother from another mother, let's go! Sagen ja, hat Alerts zuerst gehabt. Hey, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, Plätsch. Ja, ich habe noch gesehen, du hast mir geschrieben, ich habe es noch mal im Augenwinkel gesehen. Aber ja, das ist wieder ein riesen Zufall, oder? Holy shit, Mann. Ein Meisterwerk von deutscher Filmproduktion, Goodfellas, Taxi Driver, Zurück in die Zukunft, Ghost in the Shell, wirkt nur wie ein mittelguter Film, aber GZSZ verändert dich einfach. Also im ersten Mal, ich habe noch nie so einen grossen GZSZ-Fan vor mir gehabt, im Chat gehabt. Mein Cousin, der wurde nach einer Folge einfach ein erwachsener Mann. Seine Katze redet jetzt perfekt Deutsch. Das ist unglaublich, was GZSZ alles kann bewirken kann. Ja. Das ist Mersli, ich finde es geil. Ich finde es echt gut. Kamerablätsch, sage ich ja, hat Alerts zuerst. Aha, das hast du geschrieben. Ja, mit deiner Kamera. Ich habe geschaut und habe gesehen. Ah, ein Schild. Ich mache es nochmal schnell. Ja. Hoi. BF. So, da, wir schauen es uns nochmal an. Und er blinzelt noch, Chat. Ich finde es so cute, wenn er noch blinzelt. An dem habe ich am längsten gehabt, dieser Animation. Ist by the way alles im OBS gemacht. Das ist im OBS erstellte Animation und darum kann ich auch mega viel damit machen. Und Chat, wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon das Thema haben, ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit. He? Deal with it. Ich habe eben noch quasi, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich weiß nicht. Ah, okay. Das ist eigentlich, da habe ich so ein bisschen geschaut, wie kann ich eine grössere Message darstellen. Und da gibt es noch die Version, wo er halt das grosse Schild aufmacht. Ja. Und ich so, merci für den Follow und I don't know kann ich schreiben. Alles dynamisch. Donnerstag ist Troy so. Ja, hat was, Samstag Sound, hat was. Sehr geil. Vielleicht spielst du Happy Birthday in Clone Hero. Ja, das könnte man schon machen. Wir können am Donnerstag sonst ins Clone Hero gehen, wenn ihr wollt. Aber ich frage euch nochmal. Ich würde sicher gerne noch eins puzzeln mit euch. Einfach so, dass ihr ein bisschen dabei sein könnt. Von mir aus können wir auch irgendwie, keine Ahnung, golfen. Ich muss aber noch schauen. Ich will etwas haben, wo so viele Leute wie möglich rein joinen können. Oder vielleicht sage ich auch echt spontan, Chat, wir gehen jetzt ins Fall Guys rein. Wink, wink. Geil! Geil! Ich habe in unsere Camp-Alter hat der auch beim Essen zugeschaut. Ich sehe alles. Was du planst, auch bei Gameplay. Planen schon, aber durchführen nachher nicht. Wirst dann auch schon 50. Oh no, Tiger. Ich weiß es ja, ne? Man sieht es ja, aber ne, 10 Jahre jünger noch, 40. You Suffer ist nicht Nische. Es ist das kürzeste Lied auf der Welt. Absolut, ja. Dave, wieso hast du das eigentlich schon so lange nicht mehr gebracht? Das hast du früher immer gebracht und jetzt habe ich das schon lange nicht mehr gehört.
tut ein bisschen weh im Herzen, einfach, als du es gesagt hast. Ja. Was ist der nächste Freitag für einen Tag? Ein Frontig. Ein Frontig ist dann. Genau, der Treunas-Tag und dann der Frontig. Und dann kommt wieder der Samstag. Und dann wieder der normale Sonntag. Und das Ding ist ja mega smart. Merci fürs Feedback. Ja, die Idee ist aber, du hast es nicht mitbekommen, dass ich vielleicht einmal die Alerts ein bisschen auffrische. Neue Animation bringen und jetzt habe ich da wie mal die Grundlage geschaffen, dass endlich der Franziskus endlich die Tekla noch einbauen. Dass Tekla noch so runterkommt. Oh mein Gott! Chat! Ich brauche jemanden, der mir Tekla zeichnet. Das wäre verdammt geil. Der Franziskus so, so wie wir ihn gesehen haben, und Tekla im gleichen Stil, der sich so abseilt. Das wäre geil. Chat, das wäre geil. Teliabo, grüezi wohl. Teliabo, wie geht's? So schön, dass du da bist. Ist es noch zu früh zu fragen, wer alles an der Faba wird sein? Chat, wisst ihr schon, ob ihr an der Faba sind? Eisen Chat, wenn ihr dort sind. 2 Chat, wenn ihr nicht kommen können. 3, wenn ihr noch nicht sicher sind. Wo bin ich? Freya, bist denn du überhaupt dort? Gut, du hast vielleicht jetzt auch noch 1 oder 2 reingemacht. Animieren im OBS eine Kunst an sich. Bei uns in der Schule haben sie für Medienproduktionsklasse extra ein Fach für OBS und eins für Animieren in OBS. Ohne Scheiß. Also jetzt, ohne Quatsch. Das habe ich nicht gewusst. Finde ich aber irgendwie geil. Oh mein Gott, Fall Guys. Ja, vielleicht muss ich dann da noch jemanden fragen, der ein bisschen Ahnung hat. He? Wink, wink. wie viele Leute dass wir dann reinnehmen könnten. Aber ich muss noch schauen, ich kann noch nicht versprechen. Ich frage euch auch noch mal, was ihr dann am liebsten würdet machen. Aber Puzzle, ich werde am liebsten auch puzzeln. Das ist schon mal fix. Da gehen wir sicher mal ins Puzzle rein und dann schauen wir, was wir sonst noch machen. Wenn macht ihr das bestimmt alles gerne. Hey, I know, ich hab mir es überlegt. Ne? Das wäre auch meine erste Anlaufstelle. Also, Highway Racer ist an der Fahrbahn. Ja, muss ich schnell ausblenden. Highway Racer ist an der Fahrbahn. Art ist an der Fahrbahn. Ich weiss es noch nicht. Fienchen ist an der Fahrbahn. Ja, für dich ist es halt auch mega nicht. Tiliabo weiss es noch nicht. Mutti ist an der Fahrbahn. Und Cosplay, oder Mutti? Quertuzzo weiss es noch nicht. Specku, Eis plus Switzerland. Hey, ist das Switzerland auch an der Fahrbahn? Jetzt komme ich nicht mehr raus. Fenty ist noch nicht sicher. Hamster Sound, nein. Ein bisschen weit. Tiger Eyes, okay. Tiger ist an der Fahrbahn. Evil Blackie ist nicht an der Fahrbahn. Karandar, nein. Swiss Coconut, ja. Was ist das? Nein. Gattorino Ice ist an der Fahrbahn. Nice. Hey, mega viel. Untitled nicht. Kaylee, nein. Princess Luna, nein. Lisa Lee, ja. Lannister, ja. Lannister. Sehen Sie das? Ja. Hey, listen! Listen? Ah, Hero Fest. Okay. Auf einer Fahrbahn 9 Hero Fest. Ich habe noch gedacht, das ist es. Also. Lannister. By the way, da, die ich bekommen habe, in der Mystery Box von der Fienchen. Let's go. Lannister, Haus Lannister ist jetzt auch vertreten. Nice. Wo bin ich gewesen? Juna, nein. Ja, und die Spinne nimmt das Schild mit auf und der Franziskus verschwindet von unten. Oh, what the fuck, das wäre hure geil. Oh, muss ich mir gerade notieren. Oh, ich brauche Tekla.
Oh, ich muss den Venom fragen. Ich muss halt wirklich den Venom fragen. Nice. Aber das mache ich gerne. So, Chat. Geil, ich finde es echt geil, wenn die noch so Ideen bringen, Chat. Also, nur rein mit so Ideen. Vor allem was Animationen anbelangt. Also, oder also, wenn ihr Ideen habt, logischerweise. So, nice one. I love it. Ich war gerade an einem Konzert, jetzt noch ein bisschen was essen und dann ins Bett. Hey, Tiliabo, sag aber noch schnell, was für ein Konzert, wo bist du? Und es war gut gewesen. Ich nehme an, es war gut gewesen, oder? Aber hey, gönn dir. Ich kenne es nach dem Konzert nachher noch schnell. Und was ich immer gemacht habe, ist nach dem Konzert immer noch schnell im Mac. Macis. Kannst du schnell etwas holen? Freya steht, okay, let's go. Wie heisst die Spinne, Troy? Tekla. Ist Tekla oder Tekla? Es ist, man weiß es nicht so genau. Ich sage immer Tekla. Und von Mutti hergestellt. Blatsch Eis. Let's go, Blatsch auch an der Farbe. Nice one. Ich bin ja erstaunt gewesen, dass die extra als Fach für das haben, aber ich sage, auch Livestreams werden für Firmen immer wichtiger. Ich finde es eine interessante Meinung, aber sie hat etwas. Okay, nice. Ja, ich will ja Livestreaming auch wieder beleben für Brack. Chat. Stay tuned. Es ist ein holpriger Weg, ne? aber ich gebe nicht auf. Way too much people. Faba. Ja, aber das fühle ich. Ich glaube, wir haben es auch schon drüber gehabt. Das fühle ich extrem. Es ist manchmal unangenehm auch für mich. Yoda? Mac, is Troy eating after concert? Mhm. Ja, Yoda. Genau. Also nicht der Mac isst mich, aber ich esse McDonald's Burger und so. Und vielleicht noch so 20 Chicken Nuggets oder so. Ja, haben wir jetzt geklärt, das war durcheinander. Switzerland ist Hero Fest, liebe Leute. Was ist Faba? Fantasy Basel? Also, wenn der Ullen auf Faba geht, gehe ich sicher auch nicht. Nicht. Also, wenn er nicht ab Faba geht, dann gehst du auch nicht. Also, Ullen, jetzt musst du kommen, oder? Eurofest ist mit LAN, ja, genau. Das ist doch erst im Mai, habe ich gemeint. Ist richtig. Faba ist im Mai. Ich bin auf dem WC denkt mir, sagen, wo wir sind. Okay, gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Der Rappi ist halt am Gaggeln. Chat, am Gaggeln. Freya hat schon gefragt und Fragen werden beantwortet. Und wenn es da viel zu früh ist. Naja, alles gut. Dropkick Murphy, geil. Sie haben weniger gefühlt dafür. Gogol Bordello. Umso mehr gefühlt. Okay, interesting. Aber Dropkick Murphy das ist halt schon auch geiler Sound. Das ist halt so richtiger Sound zum Abgehen, habe ich das Gefühl. Das ist nice, okay. Ich habe immer nach dem Konzert gefetzelt. Ach, Rappi. Aber ich finde es halt auch cool, dass es Lehrer gibt, die sagen, dass das immer kommt. Das Ganze ist darum eine Initiative der Lehrer gewesen. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Ja, Gottverdeckel, da könnte ja noch Dozent sein. Kann man sich da als Dozent anmelden für OBS-Scheiß machen? Holy shit, Mann. Geil. So Streamer-Bot noch ein bisschen rein. Dann zeige ich mal diesen Leuten, wie das funktioniert. SR erlaubt ein Chef noch ein bisschen Essen. Ein bisschen, ja. So
15, 20 Minuten vielleicht. Ich würde jetzt sagen 15 Minuten. Ist erlaubt, ja. Aber Fienchen entscheidet. 20 Nuggets, ehrlich. Muss ich ehrlich sagen, ich kaufe selten 20 Nuggets. Aber ich habe es auch schon gemacht. Aber dann habe ich wahrscheinlich keinen Burger mehr dazu. Dann sind es echt 20 Nuggets. Aber ich habe es vor allem amigs gemacht, wo wir halt geshared haben. Also quasi, wir sind das zweite oder das dritte im Mac. Und dann so 20 Nuggets ist natürlich mega nice. Ist ja dann auch günstiger. Aber haut mal raus, wie war so Fantasy Basel gewesen? Auf was muss man achten, lange Tag? Also ich habe das Gefühl, ein Tag lang nicht zum alles gesehen. Es ist halt amigs pumpenvoll. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht gibt es auch die Tage, die nicht so pumpenvoll sind, wie ein Samstag vielleicht. Vielleicht ist der Freitag oder, keine Ahnung, ist es am Sonntag auch noch, bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht ist es dann ein bisschen ruhiger. Aber ich war ja für einig, also ich kann wie auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich war einig und ich bin halt wirklich zu 80% nur wegen euch gegangen. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgeschaut, ja. Sind wir also gemeinsam noch ein bisschen rumgelaufen und so. 29. bis 31. Mai, Chat, ist fahrbar. Ullen weiss noch nicht, aber ich weiss es ja auch noch nicht, Chat. Ja. Ich gehe nur auf Farbe, wenn alle anderen auch kommen und wir mit dem Car gehen. Ja, weißt du, aber so etwas können wir 100 Pro noch einrichten. Also, das sagst du jetzt und ich glaube, da würden wir schon noch hinbringen. Genug Leute und dann einen Car organisieren. Easy, Mann. Wenn sicher noch irgendjemand, der einen Car hat, Carfahrer ist. Hören wir auf, mit Lehrer bin ich gerade wieder nüchtern. Ich würde gerne dein Student sein. Wieso tönt jetzt das so falsch? Wieso? Es ist überhaupt nicht zweideutig, aber wieso tönt das jetzt so zweideutig? Treu wird Dozent, da kommt das gut. Ja, und dann immer so hinten nachher, oder? Auch immer so 10 Minuten hinten nachher bei allem. So, wir machen jetzt eine Übung, liebe Klasse. Wir bauen jetzt da das und das und das. Und dann irgendeiner so, Troy, das haben wir vor 15 Minuten schon fertig gemacht. Ja, okay, das stimmt sogar. Ich esse die in Norwegen, die Süß-Sauer-Soße. Oha. Ich muss ehrlich sagen, zu Chicken Nuggets nehme ich immer Barbecue-Soße. Chat, welche Soße zu Chicken Nuggets? Welche Soße? Das muss jetzt auch nicht unbedingt nur Chicken McNuggets sein, sondern auch, wenn ihr daheim selber Chicken Nuggets macht, was für eine Soße gehört zu den Chicken Nuggets? Eurer Meinung nach? Faba braucht 3 Tage, das geht nicht anders. So, habe ich eben auch das Gefühl, damit du alles gesehen hast. Und damit noch Leute triffst, dann auch. Vielleicht reservierst du 3 Tage zum Leute treffen, aber du triffst ja an jedem Tag dann auch Leute. Und ja, ich gehe wegen dem. Also, das ist jetzt nicht ein Vorwurf, aber ich komme dann einfach auch nicht mehr vom Fleck. Aber es ist auch da, wo ich will. Hey, irgendwann so ein bisschen reden mit den Leuten, vielleicht noch schnell zusammen etwas anschauen, aber da finde ich halt schön. Noch 6 Hacks, dann hat Lizzie die 69 voll, Chat. Hack, hey Lizzie. Ausruf, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir es nicht übertreiben. Chat. Ich warte jetzt mal mit Hagen. Weil ich bin hinten nachher. Listen. Geil, habe ich gesagt. Geil. Geil. Okay, let's go. Ja, wir sind alle geil, Chat. Und jetzt weiss ich nicht, wo ich war.
Das ist Nostalgie pur, Chat. How much is the fish? Geil. Ah, das ist echt so stimmig, Mann. Nur gut. Chat, ich muss noch ein bisschen lesen. Das ist wichtig. Art ist voraussichtlich alle 3 Tage dort. Ah, da ist noch, Ulle hat noch geschrieben, 1 Tag lang, und wirklich meistens nicht, 2 Tage ist okay. 3 Tage wäre fast ein bisschen zu viel, okay. Ich finde halt, es wird immer teurer. Gut, das kommt noch dazu. Ich und Gar, das mache ich so gerne wie die Faba. Ich fahre auch nicht gerne Gar. Das ist auch nichts für mich. Mir wird es wirklich immer ein bisschen schlecht. Ford Transit, da langt, oder Rappi? Da langt. 50 Leute, oder? Hat er jetzt gesagt, Car? Der Car? Na. Oh, ich bin halt nicht im Takt. Na. Geil. Gar wo in allen grossen Städten halten, so eine Rundfahrt und Ende ist Basel. Okay, ja, klingt auch geil. Ich bin noch nie an der Faba gewesen. Ich gehe dort mal an. Hey, Merslim, mach das, ich kann es empfehlen. Senfsoße über alles. Sweet Sour. Nuggets nur mit Barbecue. Mache ich auch so. Aber ich glaube, ich muss mal Sweet Sour ausprobieren. Okay, aber da Currysoße, muss ich ganz ehrlich sein, Currysoße habe ich gerne zu den Pommes. Habe ich wirklich gerne zu den Pommes. Aber mit den Nuggets auch geil. Finde ich wirklich auch. Das ist bei mir zweiter Platz ist Currysoße. Okay, Barbecue und süß-sauer. Aber mixest du denn, Lesi? Wird das gemixt oder mal Barbecue und nächstes Nugget süß-sauer? Süß-sauer oder Sour Cream. Sour Cream ist auch geil. Oh ja. Sweet Sour. Was haben wir? Ich nehme alle 3. Einmal süß-sauer, einmal Curry und einmal Barbecue. Und dann auch mixen. Ich habe jetzt meine Salatsauce mit Honig-Barbecue gemacht. Das ist geil. Tiliabo, ich habe auch noch Honig-Barbecue-Sauce. Es ist schon geil. Love it. Aber muss man auch aufpassen, eben so ein bisschen neu reinmachen ist geil. Aber jetzt Chicken Nuggets mit Honig-Barbecue essen, das wäre mir dann fast ein bisschen zu viel Honig. Sauer meinte ich, Sausa, ja. Chat, süß Sausa. Ein Mann ist das mit Harissa. ...68 Mal? Oh, ich muss noch. Muss ich noch? Nein, was habt ihr gemacht, Chat? 70 Mal? Come on, Chat. Jetzt müssen wir die Musik stoppen.
Jetzt müssen wir die Musik stoppen. Also jetzt müssen wir das zuerst korrigieren, Chat. Fienchen, kannst du etwas für mich machen? Ich brauche ein Ausrufezeichen Z-Hack. Z-Hack. Abstand, hey Lizzie, Abstand 69. Ein Z-Hack 69. Mal schauen, ob es überhaupt geht. How much is the fish? So legendär, Chat, legendär. Nice, merci Fienchen, es hat geklappt. 69. Jetzt lassen wir das so sein, Chat. He? Jetzt lassen wir das so sein. Die Alten am Feiern bei How much is the fish, true. Wenn ich die Matratze rausnehme aus dem Ford Transit, habe ich Platz, aber riecht halt immer noch komisch. Was hast denn du auf dieser Matratze gemacht, Rappi? Gott verdeckeln noch einmal. Fab und so komme ich einen Tag locker durch. Okay, interesting. Welchen Tag denn? Welchen Tag wählst? Ganz wichtig, Ananas dazu. Die Party war gut, danke. Let's go. Ich weiss schon wieder nicht mehr, ob ich vorher schon eine Antwort bekommen darauf, ist Kaffee schon verbraucht? Ich muss schnell schauen, Moment, ich muss schnell Musik leislicher machen, ihr hört das nicht, aber ich habe so eine Audio-Cue. Jetzt habe ich Pause, jetzt habe ich Kaffeetrinkpause reingemacht, Gott verdeckt, das will ich nicht wollen. Also eigentlich wäre es aktiv gewesen, jetzt ist es nicht mehr aktiv, weil ich aufs Knöpfchen gedrückt habe, verdammt. Wahrscheinlich hat es noch Cooldown gehabt. Weil ich habe vorhin einen schon getrunken. Es ist sogar noch etwas drin. So, von dem her alles Gute. Das ist wahrscheinlich der Cooldown noch. Jetzt haben wir aber leider erhöht den Cooldown. So, wir machen weiter, Chat. Wir machen weiter. Natürlich nicht mixen, separat, okay. Süßsauer mit scharfer Mayo, das ist das einzig Wahre. Okay, interesting. Nee, nicht gemischt. Angenommen, wir gehen an die Farbe, dann würde ich mir Barbecue holen und beim nächsten Mal süß-sauer. Okay, immer mal wieder so ein bisschen Abwechslung. Okay. Ja, Barbecue ist halt schon geil. Fanti? Mit der Dunkelwaldkarte? Jetzt werden mir auch noch Umarmungen genommen. Hey, aber Lizzie, du warst ja auch schon mal bei Lulu. Ja, jetzt ist es nicht mehr so. Aber früher hat Lulu einfach jeden Hack für sich geclaimt. Einfach für sich geclaimt. Zulumar, Mann! Merci für den Raid. Merci vielmals für den Raid, Zulumar. Wie geht's dir? Und was hast denn du gestreamt? Chat, jetzt möchte ich... auch als schnell, ihr wisst, bei einer Raids passiert halt nicht viel, aber ich tue jetzt manuell schnell Fotostart machen. Fotostart Zulumar. Ich glaube, von Zulumar haben wir... Ich glaube, der erste Raid, oder? Let's fucking go. Hey, dann machen wir doch noch schnell ein Foto. Mit dir, Zulumar. Das wünsche ich mir jetzt. Zulu sagt, let's go. Hey, also, Zulu, du darfst dir etwas auf der linken Seite auswählen. Wo neben dir aufs Bild kommt, aktuell ist der Dr. Suspect drauf, du darfst dir aber auch etwas anderes auswählen. Alle anderen bitte einisch Ausrufezeichen Foto in Chat. Dann machen wir da schnell. Und ich lese noch schnell ein bisschen Chat. Let's go. Ich kann nicht Ausrufezeichen Foto reinmachen, Ausrufezeichen Fettli, lieber Chat. Kommen alle drauf. Ihr seid so frech. Jetzt muss Fienchen immer resetten auf 69. What the hell? Fienchen nicht so streng. Jetzt macht es den Fienchen nicht so streng, Chat. Jetzt hagelt es dann den Timer. Also Fienchen. Also lieber Chat und Fienchen, ich sag's einfach. Wenn ein Mod etwas entscheidet, dann
dann ist es so, wie es ist. Da wird nicht diskutiert. Auch ich diskutiere dann nicht. Was ich damit sagen will, wenn Fienchen sagt, das hagelt jetzt ein Timeout, dann wäre ich vorsichtig. Mein Chatterino flippt gerade aus. Let's go. Die Gender und ich gönnen uns nächste Woche wieder mal was von McDoof. Big Tasty Bacon. Ordentlich Big Tasty Bacon. Let's go. This is a tasty burger. Let's go, Hamster Sound. Let's go. Gönnt euch. Ich habe eine Cocktailsoße-Alternative gefunden. Dicke Füße. Nicht Füße. Dicke, süße Sojasauce gemixt mit Mayo. Und dann so verschmieren. Oh no. Oh no. Ja, das weiß ich, böse Lulu. Aber ich habe sie jetzt so eingebaut, dass sie die Hacks nicht mehr claimt. Oh, Andalus-Soße, bin ich Fan. Bin ich Fan, aber das ist jetzt so etwas, Chat. Andalus-Soße ist mega fein, aber ich habe es zu viel Mal gehabt. Ich habe immer noch mal Andalus-Soße zu allem gehabt. Und inzwischen habe ich es nicht mehr so gern. Weil einfach zu viel. Ja, der Bossfight, Chat. Wenn wir noch einen Bossfight machen, nachher. Ich schaue dann nochmal. Yoda? A long time, a spicy time I have had with Troy, a friend. A wild adventure it was. To a galaxy far, far away we traveled. A time of great change it was. The force, it was strong. But with Troy, the spice, it was even stronger. Okay, Yoda. Also, ja. Ja, das Spice-Chat. Ich glaube, jetzt vermischen wir da Sachen. So, Chat, ich muss da schnell vorwärts machen im Chat. I'm so sorry. Der Satz ist okay, dann lernen wir den so. Oder du hast ihn nochmal gewählt. Auch gut gewesen. Walheim. Also, Zulu, jetzt muss ich mir eine Frage überlegen. Wie weit bist du denn schon? Also, ich nehme an, du zockst es nicht zum ersten Mal, aber in dem Run, den du jetzt machst, oder in dieser Session, wie auch immer, wie weit bist du schon? Welche Gegner, Bosse hast du schon besiegt? Sojasauce ist auch so gut. Dicke Füße. Insert here. Jenny, insert here. Dicke Füße, insert feet here. Da ist irgendwas in meinem Kopf, Chat. Irgendwas ist da in meinem Kopf. Ich glaube, ich mag Füße, Chat. Ich glaube, ich mag Füße. Ich versuche mal Fienchen zu petten. Ah ja, okay. 25 Leute, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Wenn ihr noch drauf mit eurem Profile-Picture, kommen wir jetzt drauf. Was ist Andalus-Soße? Kann das jemand erklären, Chat? Kann das jemand erklären? Wieso, Highway Racer, machst du eigentlich immer Vanish? Darf ich das jetzt mal... Ich sehe das die ganze Zeit. Jetzt nehme ich es dann raus. Nein, jetzt mal eine ernsthafte Frage. Wieso machst du Vanish? Weil ich kann es halt dann auch nicht mehr vorlesen, wenn du Vanish gemacht hast. Einfach, dass es gesagt ist. Aber ich sehe immer, wie wieder Nachrichten verschwinden. Ich nehme es jetzt dann raus, ohne Scheiß. Vanish ist eigentlich da, wenn man irgendeinen Scheiß rausgeladen oder etwas aus Versehen reinpostet, dann kann man Vanish machen. Das ist eigentlich der Grund, wieso es existiert. Wer den Bett nicht ehrt, ist den Hype-Train nicht wert. Das habe ich mal. Auf den bin ich schon ein bisschen stolz, Chat. Auf den bin ich schon ein bisschen stolz. Meine geschätzten Damen und Herren, ich verabschiede mich für den heutigen Stream und wünsche euch allen noch eine entspannte Nacht, morgen.
Ich gehe schlafen. Merslim, hey, schön bist du dabei gewesen. Danke nochmal für den riesigen Support. Danke vielmals für den Raid mit 6 Leuten. Und Merslim, let's fucking go. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag noch, Merslim. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Der Nick ist auch noch drauf. Andalus-Soße ist eine tomatige, scharfe Soße mit Cayennepfeffer. Let's go. Die gibt's auch von wem? Ist das von Heinz? Heinz, Andalus-Soße und so. Das gibt's, oder? Ja, der Bot ist zu dumm für das. Der Bot kann das nicht, ne? Nein, Troy, wenn ich bitte drin, das ist manchmal noch gäbig. Aber eigentlich, es ist gäbig für die Momente, wo es auch wirklich Sinn macht. Aber ich werde für alle, die wenig spammen, bekommen einfach eine längere Timeout. Also, ich bitte einfach schnell alle darum, das gilt jetzt für alle. Ich will jetzt da nicht irgendwie mit dem Finger auf dich oder auf irgendjemanden zeigen. Wenn ist da, wenn man irgendeinen Scheiß geschrieben hat und denkt, hey, nein, das ist jetzt so. Ist mir auch schon passiert. Copy-Paste. Ja? Und dann pastet mir irgendeinen so einen Scheiß in den Chat rein. Ja, dann könnt ihr wenig machen und dann ist es weg. Aber wenn ihr es so missbraucht, sage ich mal, ist es einfach nicht lustig. I'm sorry. Es ist einfach nicht lustig. Hey Gabri, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Also noch einen geschafft. Let's go. Auf dich habe ich gewartet. Chat. Gabri. Ich habe vorhin gesagt, wir machen das Foto nicht, bevor der Gabri auf dem Foto ist. Ja? Und dann bist du gekommen. Und nachdem du gekommen bist, bist du im Chat erschienen. Und ich bin auch gekommen. Wir machen jetzt Foto. Let's go. Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. Oh, shit. Ist es noch... Nee, es war ein bisschen zu spät. Ne? Es war ein bisschen zu spät. Es ist nicht mehr drauf. Nächstes Mal dann, Pet 2, nächstes Mal. So, Chat, let's go. Zulu, da unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Merci. Ausrufezeichen DC. Merci Speku. Und ich tue dich dann auch noch markieren auf einer Insta-Story und auf einer Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Danke, Speku. Speku so in der Wäschküche. So, fuck. Ich muss Ausrufezeichen DC machen. Hey, Fenty, merci vielmals für den Lurk. Danke vielmals. Fenty, wir müssen, by the way, dann wieder mal einen Call machen, gell? Einfach, dass es wieder mal gesagt ist. Ja, ganz wichtig. Übrigens, Dave, ich muss noch schnell einen Double-Click, ich muss noch schnell Danke sagen für 1 Bit. Ich habe mich nie bedankt für das eine Bit. Danke. Danke für deinen Support. So. Chat. Eventuell mal in kurzen 3 Minuten 14 Tage Timer. Das ist jetzt auch, da bleibt jetzt, Chat. Das ist jetzt echt passiert. Und der Rappi musste daran glauben. Hey Rappi, ich sehe gerade, du gehst. Rappi, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht. Sorry nochmal für den 14 Tage Timeout. Das war wirklich ein Vertipper. Und schön bist du dabei gewesen. Ich schicke dir noch deine Post, die da irgendwo ist, ne? Mit den Eicheln und so. Und schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, Rappi. Bye, bye, tschüss. Ich bin der ganze Chat. Genau. Chat, du? Du bist Chat. Das ist ein schöner Song. I think to myself.
What a wonderful world. Oh yeah. Sehr gerne und noch viel Spaß und ein gutes Nächtchen dann. Danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Ich bin gerade in der Küche. Let's go. In der Küche ist ein Fuck, muss Ausrufezeichen DC machen. Im 14 ist aber gar kein 3. Ich habe das Gefühl, das ist kein... Ich weiss, ich schaue, ohne Scheiß, ich schaue jetzt. Ich weiss nicht, wie ich das angebracht habe. Ich habe in meinem Chat-Tool Timeout gemacht und da habe ich unten 180 Sekunden eingegeben. Aber genau... Okay, ich weiss, was es war. Ich kann es jetzt nicht share, weil das auf einem anderen PC ist, aber ich kann unten sagen, wie lange in Sekunden. Und oben dran habe ich aber so eine Liste und dort ist 2 Wochen die unterste Auswahl. Also quasi 2 Wochen und das Custom-Feld. Und ich habe wahrscheinlich dann auf 2 Wochen gedrückt beim Abschicken. 4 minus 1 gleich 3. Oder so, man weiß es nicht, Chat. Ich habe wirklich sogar noch gesagt 3 Minuten. Ich glaube, in dem Moment, wo ich Timeout hatte, habe ich eigentlich gesagt 3 Minuten. Und dann sind aber 14 Tage aus und ich habe es halt nicht gecheckt. Keine Ahnung, ob du es vor Herd gesehen hast. Vorher gesehen hast. Oh, sorry. Wahrscheinlich nicht. Wegen deiner Frage, wo ich bin im Walheim. Gebirge bin ich dran, aber kenne die 2 nächsten Biome noch nicht. Dann hast du es mit den Wölfen zu tun. Wie manchmal bist du schon von den Wölfen gefressen worden, Zolo? Wahrscheinlich, wobei, wenn du jetzt in den Gebirgen unterwegs bist, bist du wahrscheinlich schon relativ gut ausgerüstet. Aber die Wölfe werden das Leben wahrscheinlich schwer gemacht haben bis dorthin. Passion and fire in our hearts. They burned. And lesson I learned from that time I did. Control one must of emotions and desires. It is. It is. Okay, Yoda, merci vielmals. Recht nice. Original Song. Ich kenne nur die Suicide Squad Version. Oh, jetzt weiss ich den Zusammenhang nicht mehr. Von was? Vom Song vorher? Aber das ist, das ist schon das Original gewesen, das vorher gelaufen ist. Ich kenne dafür die Suicide Squad Version gerade nicht. Oh, Lisi, danke fürs Verständnis. Lisi, du bist doch schon am Schlafen, Lisi. Lisi, tust du Schlafen wandeln? Ich stelle mir das gerade so vor, so Schlafwandeln. Aber dann nicht einfach rumlaufen, sondern so Schlafwandeln, so auf Twitch ein bisschen chatten. Nein, Lisi, alles gut. Alles gut. Was haben wir da? SDTLC mit Troys Hammerkarte, Spielzeughammer, Gameplay, Troy Lina. Da fehlen dir also noch 2 Troy-Karten. Ja. Schnell gucken hier, wo sie sind. Also da fehlen eigentlich noch 2 von den... Oh, shit. Von den Troy-Karten. Holy shit. 2-mal Troy-Karten. 2-mal schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Und dann kannst du eine Franziskuskarte herstellen. Schlafchatten, das ist sehr geil. Schlafchatten, love it. 2-mal bis jetzt, okay. Also hey, ich würde so gerne auch wieder mal ins Walheim gehen, aber es braucht halt so viel Zeit. Aber
Darum, wenn dann, ich habe es schon mal erzählt, das ist jetzt leider nicht zustande gekommen im Dezember, aber irgendwann werden wir das schon noch machen. Also ein paar Kollegen zusammen. Ja, ich habe Kollegen, deal with it. Gehen wir ins Valheim und machen dort. Der Plan ist, dass wir alle Bossen einmal machen. Und uns aber auch Zeit lassen, nicht irgendwie Speedrunnen oder so. Und Gebirge finde ich die irgendwie der geilste Ort. I don't know. Auch Wölfe tamen und so. I love it. I love it. So einen Level 3 Wolf finden und dann nochmal einen Level 3 Wolf finden und dann gibt es junge. Und dann kommen kleine Level 3 Wölfe raus, Chat. Es ist unglaublich. Love it. Das ist gerade ich komme sowieso immer sofort aus dem Konzept. Also Ebene kenne ich auch. Oh nein. Moskitos. Aber die neuen zwei dann noch nicht, da freue ich mich richtig drauf. Ich kenne halt nachher noch Mistlands, aber Ashlands kenne ich auch noch nicht. Wir haben es eigentlich, mit jedem grossen Update haben wir es immer wieder zusammen quasi von null auf durchgezockt. Und jetzt fehlt uns wie quasi der Ashland Run noch, wo wir alles nochmal durchzocken bis und mit Ashlands. Aber hey, Ebene mit den Moskitos, das ist dort der Pain. Das ist richtig der Pain. Ich schwing noch mit Otto und Spider-Man durch die Gegend. Let's go, nice. Schlaf Twitch-Chatten, ja genau. Was hast du eigentlich so am 17. Dezember vor? Was ist am Sitzen? Also, sagen Sie. Vielleicht mache ich Giveaways, vielleicht gibt es, keine Ahnung, etwas zu gönnen, Schmarz. Ist das da, was du hören willst? So, lieber Boy, ich verabschiede mich mal. Ich verkrüche mich noch in meiner Fantasy-Welt. Ich wünsche dir und dem Chat noch einen schönen Abend, Ullen. Das wünsche ich dir auch. Und gute Nacht, lieber Ullen. Kann ich noch? Gute Nacht, lieber Ullen. Mögen deine Träume von epischen Dungeons and Dragons Abenteuern, glücklichen Würfen, witzigen Memes und vielleicht sogar von einem Besuch von Darth Vader sein. Schlaf gut und bis bald. Hey Ollen, schön bist du da gewesen. Das 8 gewürfelt, der Darth Vader. Jetzt kommt es noch ein bisschen darauf an, ob du den High Ground hast oder nicht. Aber der Besuch mit dem Darth Vader könnte tricky werden. Auch als es gesagt ist. Solltest du den High Ground haben, dann nutzt den High Ground. Wenn du ihn nicht hast, dann mach keine unüberlegten Züge. So wie klar, oder? Ullen, und merci nochmal für alles. Merci für deine Memes, fürs Video. Merci für alles andere, was noch Top Secret ist. Und ich habe gesehen, du hast mir noch geschrieben, ich tue dir noch Antwort. Ich hoffe, es reicht, wenn ich das nach dem Stream mache. Und Ullen, mach's gut. Bye, bye, tschüss. Ja, Schmarz, der Darth Vader lässt sein Lichtschwert raus, fährt es raus, sein Schwert. Macht schnell so und Schmarz zerkeilt zu 2 Stück. Fall Guys ist Leben. Jetzt dann wieder Brack. Jetzt, aber Schmarz, es ist schon langsam ein bisschen sass. Einfach, als es gesagt hast. Es ist schon langsam ein bisschen sass. Also jedes Mal schaut mich das ganze Team an, wenn die Namen aufpoppt irgendwann. Also ja, aber Troy, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Er geht sicher wieder mal einig, Schmarz. Lilu Dallas Multipass. 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 Liebe Grüße aus dem Loch Chemo. Ja. Liebe Grüße zurück in das Loch. Oh, schau jetzt. Highway Racer mit einem Jahr, 7 Monate, 4 Tage und 7 Stunden. Let's go. Moskitos sind eigentlich noch easy, musst sie einfach früh genug spotten. Ja, da schon. Und dann musst du sie noch treffen. Das ist mal die erste Schwierigkeit, die ich habe. Treffen. Und dann kommen sie näher und dann kommt die Panik. Puls geht rauf,
Panik. Du weißt nicht, soll ich jetzt schiessen, muss ich säckeln. Du weißt ganz genau, wenn ich säckle, habe ich keine Chance. Und dann schiessest du nochmal 5 Mal nebendurch. Und dann, dann musst du den Loot wieder holen. Dann musst wir kennen es. So geht es mir an. Und Dezember kommt endlich Avatar 3. Ich freue mich das ganze Jahr schon auf. Das wird so geil. Uff. Weißt du, ich müsste noch Avatar 2 schauen. Ich müsste halt noch Avatar 2 schauen, Chat. Kann man das mal vorgenommen haben und dann... Aus Gründen habe ich es dann nicht geschaut. Und ich müsste es eigentlich noch schauen. Würde mich freuen, wenn wir mal Content Warning angehen. Hast du noch Lust? Ui, jetzt aber. So, ich bin aber mal im Bett. Ich wünsche dir und Chat noch einen sehr schönen Reststream. Hey, Zulu, ich bedanke mich nochmal herzlich für deinen Stream. Das hat mich mega gefreut. Und jetzt, Zulu, jetzt schauen wir noch schnell einen Clip, oder, Chat? Schauen wir noch schnell einen Clip. Schauen wir noch schnell einen Clip, wenn er von einem Wolf gefressen wird. Das werden wir jetzt schon sehen. So. Mhm. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, Solomar. Merci nochmal für den Raid, mega lieb gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Beeindruckend. Die Ruhe in Valheim ist aber auch wirklich schön. Schon wirklich schön. Die Ruhe, die muss man geniessen in Valheim. Chat. Macht gute Clips. Das ist wichtig. Für uns Streamer ist das wichtig, weil der Zulumar kann nichts dafür. Das sind die Clips machen. So, Chat, wo bin ich? Multipass habe ich auch gezogen. Feinchen Watchtime, 1 Monat, 1 Tag. Krass, Mann. Schon krass. Bin gespannt, was die Yoda über eure Spicy Time wird weiterverzählen. Spicy Time. Hey, gute Nacht, Liabo. Möge die Macht des süßen Traums mit dir sein. Während du auf dem Hogwarts Express in die fantastische Welt der Träume reist, Luna Lovegood winkt dir schon zu. Wo ist eigentlich die Luna Lovegood? Jetzt kommst du hier rüber, Mann. Wieso versteckst du dich da? Luna Lovegood, it is. Sie winkt. Man sieht es nicht so recht. Hey, aber Liabo, mach's gut. Schön, dass du dabei warst und schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Es ist schon langsam Zeit zum Schlafen, Chat. I see. Oh mein Gott, Troy, schau! Wo muss ich denn schauen? Wo muss ich denn gucken? Da, 9 Tage, 1 Stunde. Ah, schauen, Avatar meinst du? Ja. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Manchmal frage ich mich ein bisschen, was geklippt wird. Ja, es ist mir auch schon passiert, dass ich aus Versehen gedrückt habe, dass es passiert. Ich glaube, es gibt sogar Ctrl X, irgendwie so eine Shortcut. Aber man kann es auch wieder löschen. Es kann passieren, mein Gott. Es ist, ich sage es auch einfach so ganz allgemein, es ist halt auch da, wenn beim Shoutout dann einfach so
Das ist jetzt noch okay gewesen. Man hat Valheim gesehen, so ein bisschen die Gemütlichkeit und so. Aber wenn danach der Starting-Screen kommt, 30 Sekunden, ist es halt schon ein bisschen doof. Es hat vibriert, ein Fax ist gekommen. Okay. Ein weiser Mann sagte mir mal, dass man seine Clips sortieren soll. Nur ist mir mittlerweile aufgefallen, dass so viele verschiedene Tools nutzen auf Twitch, dass sogar Dinge abgespielt werden, die gar nicht favorisiert sind. True. Ich würde jetzt sogar behaupten, die meisten Tools schauen nicht darauf, ob sie favorisiert sind oder nicht. Ich habe mein Tool selber gebaut. Es macht, also, okay, ich muss korrigieren. Ich habe mein Tool mit Hilfe von It's Barracks gebaut. Und bei mir schaut es drauf, ich kann das steuern. Ich kann auch sagen, nehme von allen Clips etwas. Aber ja, ich finde es schade, dass die Funktion der Tools nicht immer genutzt wird. So, ich schaue dann hier unten im Loch noch einen Hawaii-Fladen ins Feuer, damit es hier schön warm bleibt über Nacht. Danke, Troy, für die großzügige Fötzeli-Spende. Ja, sehr gern. Damit wir nicht mehr an die Wände schreiben müssen, und damit verabschiede ich mich für heute. Schlaft später alle gut und danke für den lustigen Stream, Troy. Rena, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja? Genieße die Fötzeli. Ja, solange ich sie euch nicht wegnehme. Und Rena, schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Tschüss. Und gute Nacht, Rena. Möge deine Nacht genauso unterhaltsam sein wie ein Film mit Will Smith und so glänzend wie Murmelpolitur. Träum süß und lass dich von Sternen wiegen. Let's go. Avatar musst du schauen, genau. Dipshit. Come and get your love now. Highway Racer, was probierst du genau? Top Online Leaderboard? Das geht nicht. Den Command habe ich nicht. Es ist nicht Zeit fürs Bett, es ist Zeit für Gameplay. Let's fucking go. Dann starte ich jetzt mal den PC von Schmarz. Ein bisschen eingamen. Ein bisschen eingamen ins System. Sehr gut. Du hast ihn deaktiviert. Hä? Nutzt für das Essen? Hä? Ich komme nicht raus, Highway Racer. Top? Ausrufezeichen Top? Habe ich nie gehabt. Nein, das habe ich nie gehabt. Top. Oder schon? Ich weiß es doch nicht. Leaderboard gibt's. Oder? Ja, mal Leaderboard gibt's, aber Top gibt's nicht. Das hat es noch nie gegeben mehr. Gute Nacht zusammen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Hey Mutti, schön bist du dabei gewesen. Und schlaf ganz gut. Und schönen Sonntag noch. Dir auch. Bye bye, tschüss. Schweigen, Mutti. Fein, da noch schnell der Flex. Ja, der Flex, das ist nicht schlecht, aber ich sage auch immer wieder, der Warlock toppt euch alle. 11 Jahre, 1 Monat, 1 Tag. Weihnachten, Chat. Weihnachten. Also Stream Elements. Was sagst du zur 50er-Reihe von Nvidia? Ich liebäugle mit einer 5-7. Kann nicht mehr schnarren. Ihr macht mich hässig. Nein, ihr macht mich nicht hässig. Chat, sorry. Schnell den Puls ein bisschen rauf.
Was sagst du zur 50er-Reihe von Nvidia? Sorry, Hamster, ne? Das ist nicht gegen dich. Kokainum. Ich liebäugle mit einer 5070 bzw. 5070 Ti, würde so gerne mal eine FE haben von Nvidia. Schwierig. Ich werde mir, aber es ist auch noch nicht sicher, wahrscheinlich eine 5080er gönnen. Aber ich will auch zuerst noch so Benchmarks sehen. Wahrscheinlich kann ich selbst noch das System testen. Ich hoffe mal in einem Troy's Tech Talk. Und wenn ich mir so ein Bild gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich nochmals entscheiden anhand von den Benchmarks. Aber eine 5090er wird es nicht sein. Das ist für mich, macht das keinen Sinn. Ja, für mich. 5080er könnte doch so ein bisschen ein geiles Upgrade sein von einer 3090er. Mal gucken. Warlock mit dem fucking Flex, Mann. Warlock wurde vor 14 Years, 3 Monaten, 3 Tage, 3. Aber jetzt hast du gewartet, oder? Jetzt hast du gewartet, als überall noch das 3 ist. 3 Monate, 3 Tage, 3 Stunden, wahrscheinlich 3 Minuten und 3 Sekunden Chat. Toppet mal das, holy shit. Sorry. Sorry, Chat, das ist wirklich gegen niemand etwas, wir müssen auch nicht gehen. Aber ja, es ist das, was oben ist. Es geht mir einfach nur um das. Es ist irgendwie, vielleicht, I don't know. Ich werde jetzt auch endlich gar nicht darüber diskutieren. Ich warte auch schon auf Benchmarks, aber die Preise sind schon übel. Hey. Das mit den Preisen, das ist etwas, das regt mich halt immer noch so gewaltig auf, weil damals sind die Preise auf wegen Mining, weil alle am Minen sind. Und dann sind sie so, also quasi von da, so da rauf. Und dann hat man gesagt, hey, jetzt tut niemand mehr meinen, wir tun die Preise wieder hier runtersetzen. So, what the fuck? Da regt mich recht auf. Das ist so, die Preise sind einfach zum Kotzen. Ich will wieder die Preise von früher. Jen, also habt ihr geklebt? So. Ach, Chat, was macht ihr mit mir? Er ist wieder Clip. Also ja, bitte, lieber Chat, nehmt es auch mit Humor. Highway Racer, nehmt es bitte mit Humor. Ein bisschen weit natürlich, aber es ist alles gut. No hard feelings, Chat. Ich habe mir das Review von Gamers Nexus zur 5090 angesehen. Ich hatte die Erwartung, dass der Fokus voll auf AI liegt und von der Non-AI und Non-RT-Performance her war für mein Empfinden sehr linear und kalkulierbar. Sie hat zwar ihr Plus an Performance, aber es skaliert leider zu sehr mit Preis und Stromverbrauch. Ja, das ist eigentlich das grösste Ding. Ich will einfach nicht... Ich will nicht eine Grafikkarte haben, die einfach so dermassen viel Strom saugt. Klar kann man sagen, ich kaufe einen 5090er und tue sie irgendwie undervolten oder I don't know. Man kann sie einfach ein bisschen runtertakten, damit sie nicht viel Strom saugt, aber das macht für mich dann keinen Sinn. Dann nehme ich lieber einen 5080er und im Notfall, wenn ich merke, okay, die saugen da noch immer noch zu viel Strom, dann kann ich auch die noch ein bisschen untertakten. If you know what I mean. Aber ja, es ist halt schon kein grosser Sprung. Es ist viel einfach AI. Aber ich habe es schon mal gesagt, vielleicht ist auch dort auch meine Einstellung ein bisschen falsch zu AI. Aber ich finde es halt schade, wenn man so ein riesiges Ding im PC hat und dann läuft aber
Ja, es läuft ja schon lokal, aber es ist auch so AI, I don't know. Ich will Raw Power. Raw Power. Und dann vielleicht noch ein bisschen Effizienz auch. Mein Fokus liegt aber auch voll bei Rasterization, also ohne RT und ohne FrameChain. Und weil ich auf Linux wechseln will, hat Nvidia bei mir sowieso Defizit. Okay, macht Sinn. Und Melo, grüezi Melo, wie geht's dir? Hallo nach YouTube. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So, bin jetzt wirklich mal weg. Viel Spaß bei eventuell auch mal Gameplay. Ja, der PC ist schon gestartet, by the way, lieber Chat. Ja. Lisi, mach's gut. Schlaf gut. Bye, bye. Ein Kommentar war sinngemäß 30% more Performance, 30% Power Draw, 30% more Price. Ja, okay. Ich muss mir das auch noch angucken von Gamers Nexus. Ja. Die 50er-Reihe ist schon nice, aber der Sprung von 40 auf 50 ist halt nicht überragend, true. Damals von der 30 auf die 40 war brutal, aber sorry, wenn ich gerade ein bisschen so einen Tech-Talk gestartet habe. Ey, alles gut, alles gut. Ist in Ordnung. Aber ist so. Aber mit der 30er-Serie muss ich sagen, könnte sich ein Upgrade jetzt schon langsam lohnen, aber da will ich dann auch nicht das absolute High-End. Dann spare ich gerne auch ein bisschen Geld und kaufe mir da nicht, also halt die 5080 oder vielleicht ja sogar die 5070er, wie auch immer. Mal gucken. In einem Thumbnail habe ich 4090 Ti bezeichnet gesehen. Okay. Blackjack sagt noch 40er zur 50er-Serie sind im Schnitt 15% mehr Leistung. Das ist nicht viel. Kein Upgrade wert. 30er zu 40er sind damals über 25% gewesen. Also kann man sagen, 40% von 30er auf 50er. Und ich meine, ich habe ja 3090er drin. Und die saugen ja auch recht Strom, muss ich ehrlich sein. Also, weil ich vorhin vom Stromverbrauch geredet habe. Ich glaube, es lohnt sich, der Sprung von 3090er, jetzt für mich, aus meiner Sicht, lohnt es sich. Aber ich werde gleich auch zuerst noch mich noch ein bisschen erkundigen. Vielleicht selber noch das System testen. Ich habe noch eine 3080 Ti, mit der ich sehr zufrieden bin. Ich warte einfach mal ab. Chat, ich habe auch eine Graka. Schau jetzt, Jenny, mit der Nummer Graka. Was meinst du, ein GPU? Jenny, was hast denn du für eine GPU? 70er Preis, Sweet Spot, 80er Effizienz, Sweet Spot, 90er Leistung, Sweet Spot. Es ist genau so. Es ist genau so. Das hast du sehr schön ausgedrückt, Karls. Das ist wirklich so. Von einer 30er auf 50er ist es sicher ein Upgrade wert. Und ich rede halt immer bei allem von Werten ohne AI. Ich eben auch. Ich auch. Das ist auch da, wo mir wichtig ist. Aber eben, ich meine, vielleicht liegt ich und auch viele von euch haben wir vielleicht die falsche Einstellung. Vielleicht schauen wir AI einfach aus der falschen Perspektive an. Vielleicht ist AI einfach jetzt da, wo geil ist. Dass jetzt halt noch 3 Frames oder wie viele Frames auch immer noch zusätzlich per AI generiert werden und dass der vielleicht ja super geil aussieht und man das gar nicht merkt. Ich meine, wenn es geil aussieht und flüssig ist, muss ich auch sagen, why not? aber gleich ist es so, ich bin auch so. AI, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wie viel Leistung hat die Karte ohne AI. Wo 60er? Die kommen dann noch. Tiger, wartest du auf die 60er-Serie? Sehe ich auch so, ja, mal abwarten, ob ich Glück habe bei Nvidia oder ob die ganzen Scalper wieder zuschlagen. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Das ist auch so nervig. Dann ist alles weg und dann verlangen es wieder irgendwann, verlangen es doppelt so teure Preise auf
Auf eBay und so, I don't know, das ist doch zum Kotzen. Alles habe ich, alles. GPU, geile Panda-Unterhose, genau. Also mal sehen, wie viele Leute AMD mit seiner 9070 und 9070 XT über den Tisch zieht. Bin von deren Namensschema echt nicht begeistert. Ja, bei Grafikkarte ist halt AMD für mich kein Thema. Ich weiß nicht, ja, hat seine Gründe, aber ja. Aber ich werde wahrscheinlich beim nächsten System, habe ich schon gesagt, bei meinem nächsten System kommt ein AMD CPU rein. Für mich ist jetzt Intel so langsam einfach uninteressant geworden. Also uninteressant. Ich habe immer noch so eine Intel-CPU, die Schäden hat und wo ich endlich mal eine Garantie muss checken. Grüne Plüsch-Unterwäsche. Let's go. AI only for gameplay, no need in this channel. Ich bräuchte eigentlich AI, die für mich Gameplay schalten. Einfach, dass es so Gameplay so nebenbei läuft und ich bin einfach alle am Schnarren. Das war geil. Ich bleibe bei meiner 40er, habe 50er testen und bin nicht zufrieden gewesen. Okay, interesting. Ich warte immer noch. Ich hoffe, ich bekomme das System gleich. Ich muss aber noch schauen, welche CPU drinnen ist. Wenn das zustande kommt, lieber Chat, dann bekomme ich ein mega geiles, vor allem visuell geiles System über. Ich freue mich schon drauf. Mein PC ist bald 5 Jahre alt und schlägt sich mit einer 2070S durch. Ja, aber ich meine 2070 ist, natürlich ist es jetzt schon 5 Jahre alt, aber es tut ja noch. Also natürlich, wenn du jetzt so neue AAA-Spiele kaufst oder Quadruple A und das auf Ultra stellst, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber das meiste läuft ja, glaube ich, schon noch. Tiger mit der 4060 Ti 16 GB. Verfügbarkeit soll ab den 80er anscheinend nicht so schlecht sein. 90er ist kaum zu bekommen. Okay. Ja, vor allem, ich bin an der Quelle. Aber ich habe mich jetzt auch nicht erkundigt. Aber ich kann endlich noch schauen, dass ich mir quasi noch eine sichere, sagen wir jetzt mal so. Ihr wisst, was ich meine. Troy! Yeah! Just let that Frogger mopping money roll and buy a bloody Threadripper. Lord God, Threadripper, have mercy with our 4 RAM channels. Die 4 RAM-Channels. Das ist halt das Hauptargument für einen Threadripper. Nein. Was ist denn eure Einstellung zu der AMD CPU, die im März kommt? 9950 X3D, wie heisst sie? X3DX oder so, keine Ahnung. Die kommt ja noch. Ich muss schon anschauen, wo wenig sind. Bin ich verwirrt. Wegen dem Schau bin ich jetzt verwirrt. Weiß nicht, wo ich 7. Weiss da noch mehr, wo Schäden hat? Nebenbei ein Subway Surfer Video laufen. Ja, okay, ja genau. Es gab mit einer Person von AMD vor ein paar Wochen ein Interview und die Frage war unter anderem, wie es mit der Produktion vom 9800 X3D aussieht, weil der so gefragt ist. Du hast die auf CPUs bezogen, logischerweise. Weil er so gefragt ist und die Person von AMD hat sinngemäß geantwortet, dass man nicht erwartet hat, dass Intel so schlechte Prozessoren rausbringt. Ja, so bei Intel verwundert mich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, aber die 9800 X3D, ich finde die irgendwie schon noch interessant. Ne? Man kann
Wann kommen denn endlich die Franziskus-PCs raus? So ein Gehäuse mit der Eichel wäre schon Hammer. Wow, ich müsste da wieder zurück ins Case-Modding rein, ne? Chat. Hamster, habe ich das schon mal erzählt, oder? Hamster, habe ich das mal erzählt, dass ich Schweizer Meister war im Case-Modding? Eigentlich müsste ich wieder Case-Building machen. Danach so einen Franziskus-PC bauen, holy shit. Und dann kann man im Franziskus, kann man dann so Grafikkarte, kann man auch so Plug and Play, auch in die Fresse rein. So das Maul auf, 50, 90 rein, zack, einhängen und so stelle ich mir da vor. Das System der Zukunft, Franziskus-PC. Also 5090 ist natürlich besser als eine von der 40er-Serie. Ja, wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Also, das wäre natürlich ganz schlecht, wenn die 50er-Serie schlechter ist als die 40er-Serie. Wir haben 5290er Bude. Für was brauchen wir es denn? Ist das so Test, zum Testen? So ein bisschen an der überschüssigen Strom. So, wir haben noch ein bisschen viel Strom, wir müssen 5290er kaufen. Und dann hängen die einfach an und die saugen dann ein bisschen den Strom weg. Ja, die mit dem 3D-Cache sind halt fürs Gamen schon the one and only thrill. Ja, das ist es, ja. Intel hat gerade ihren Bulldozer-Moment. Oh ja. Aha, deswegen, ja. Boah, das wäre schon irgendwie noch geil, sowas zu machen. Aber ey, boah. Ich hab den Platz nicht, Zeit nicht. Und die Zeit nicht. Und den Platz nicht. Da Holzschietli gesehen. Soll ich mir ein paar Holzschietli holen und so einen Franziskus-PC zusammennageln? Das war doch eine Bambuskiste. Ja. Ja. Der Bambus-PC. Also wenn jemand meine 4290er abkauft, hole ich mir extra für den Chat alle 5090er. Naja, also ich habe kein Interesse. Ne? Einfach 4290er, oder? Aber Preis-Leistung passt mir noch nicht so. Ja, aber Preis-Leistung ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht weit. Das kann man nicht einmal mehr von einer. Das ist gar nicht mehr relativ zueinander. Sie sind am Test, okay. Ein Verkauf für 300, let's go. Der Kunde hat Live-Test-Ergebnis gefordert. Okay, interesting. Beide von Asus ROG Strix. Jetzt aber. Oha, jetzt wird gedealt, Chat. Jetzt wird gedealt. Ich bin am Ende vom Chat angekommen. Da, man gucken hier. So. So, Chat, jetzt tue ich da mal schnell nebenbei. Indiana Jones starten. Ne? Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich das hinbringe. Jetzt mache ich das ein bisschen anders als noch letztes Mal. Ich habe mir eine neue Capture Card bestellt, also installiert. Jetzt habe ich ein bisschen weniger Delay. Ja, das war falsch. Nein, jetzt oh mein Gott, jetzt habe ich am falschen Ort gestartet. Auf dem falschen PC. So, Schmarz, jetzt wird der PC noch ein bisschen eingeheizt. Wird er sicher noch ein bisschen eingeheizt.
Muss ich kurz gucken hier, so. Oh, ich sehe was, Chat. Holy shit. Ich sehe da was, Chat. It is happening. Okay. Schnell schauen, ob der Delay ist. Nein, okay, alles gut. Chat. Das kam gut. Jetzt lese ich aber zuerst noch ein bisschen Chat. Ist wieder etwas gegangen. Hamster, wie geht's dir? Oh nein. Die Hamsters greifen an, Chat. Hamster-Sound und Hamster. Hey, wie hast du das Hamster CH? Schön, dass du da bist. Ah, und Tesla liegt da einfach so rum. Habe ich gestern gesehen. Ein Tesla liegt auch noch rum. Das ist schon so. Oh shit. Alpha-Männchen! Alpha-Raid mit 36 Lüt. Danke für den Raid! Holy shit! Oha! Liebe Raiders, Alpha-Männchen, danke dir für den Raid und liebe Raiders, grüezi! Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, vielen Spielereien, vielen Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir gehen nachher, das ist der Plan, ins Indiana Jones rein. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir zuerst mal das Foto und dann machen wir noch einen Bosskampf-Chat. Weil jetzt sind wir voll, ne? Jetzt können wir den Bossfight starten. Und Alpha-Männchen, was gab's bei dir? Was hast du gestreamt? Wie war dein Stream? Und ich begrüße kurz Olli, Edwazi, natürlich Alpha, Le Johnny, Loop Tunes, Islamit Randir und Gaming Kneipe. Let's go. So, jetzt muss ich noch mal kurz was gucken, Chat. Give me a second. Give me a second. Und Chat, gebt doch alle einmal Ausrufezeichen Foto ein. Kommt alle aufs Foto mit Ausrufezeichen Foto. Dann erscheint ihr mit eurem Profilbild auf dem Foto. Chat, ich muss kurz was gucken. So, Chat. Firelord Ali, bist du drauf? Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Sonst nochmals probieren, bitte. Nochmals probieren. Und Firelord Ali, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und it's Timmy und Onkel Faulpelz. Grüezi miteinander. Bitte alle einmal Ausrufezeichen Foto. Wir haben noch viele Plätze. Wir sind 23 Leute auf dem Foto. Da haben insgesamt 53 Leute Platz. Und jetzt gucke ich kurz. Okay, Ukulele, nice von Alpha. Ich gucke kurz, was du noch geschrieben hast. Nicht, dass das untergeht. Endlich mal geschafft. Ich will ein Foto. Das gibt's jetzt. Alles mögliche heute 15 Stunden gestreamt und auch meine Streaming-Ecke renoviert. Oha. Jetzt gucken wir kurz einen Clip. So, gucken wir kurz einen Clip von Alpha-Männchen. Ich gucke da, dass ich einen aktuellen Clip bekomme. Mal gucken. Sieht man denn da jetzt die neue Streaming-Ecke? Das ist nicht von heute, ne? Ja, dann chatten macht man so einen random Clip, ne? Und genau, man kennt's, ne? Man macht einen random Clip und dann kommt der random Clip halt im Shoutout, ne? Dann wird dann im Shoutout der random Clip gezeigt. Alpha. Clips immer ganz schlimm. Let's go. Ja, aber geil. Klingt nice, ne? Streaming-Ecke renoviert, muss ich mal gucken dann. Muss ich bei dir auch mal reinschauen vor allem. Jetzt muss ich noch kurz was gucken. Aber ich followe dir, ne? Ich followe dir.
Ja, ich followe dir. Muss ich mal reingucken bei dir. So, und ich danke noch Olli und Edwardsy und Gaming Kneipe. Danke euch für die Follows. Willkommen nochmals hier bei mir. Schön, dass ihr hier seid. So, Chat, wer ist noch nicht auf dem Foto? Können wir da noch die 30 voll machen? Die 30, Chat. Das schaffen wir, oder? Noch 3 Leute. 3 Leute, Ausrufezeichen, Foto. 30 voll machen, dann machen wir noch das Foto. Listen. Ich listne. Wait a second. 3. Geht's da... du gehst schlafen. Oh, I'm sorry, dass ich das nicht gesehen habe. Carnage, hey, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Ich muss hier kurz mich zurechtfinden. Gute Nacht, lieber Carnage Rage. Mögest du sanft in Träume versinken, während die Sterne über dir funkeln. Lass die Sorgen verrecken und die Freude in dir ausbluten. Ruhe dich aus, damit du morgen frisch und fröhlich aufwachst. Wieso ist dieser Text so lange? Träume süß von Kaffeedrinks und lass dich nicht von elendigen Gedanken plagen. Schlaf gut. Carnage Rage, schlaf gut. Schönen Sonntag noch und schön warst du dabei. Tschüss, bye bye. Und Don, hey, Don ist auch hier. Don, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Let's go. Ach, Chat. Kurz gucken, habe ich alles vorgelesen? Ja. Chat, dann machen wir das Foto nach. Ne? 2 Leute fehlen leider. Don ist jetzt noch draufgekommen. Aber es muss so reichen, ne? Es muss so reichen. Wait a second, Chat. So, Chat, wir machen das Foto. Ich habe mich da schnell ein bisschen gestylt und so, mit Sonnenbrille. Wir machen das Foto. Titel stimmt, danke für den Raid. Hintergrundbild winterlich, let's go. Und wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Hamstersam, warst du wieder zu spät? Lilu Dallas Multipass. Multipass. Chat. Wow, holy shit, Mann. Ja, viele Effekte noch waren ein bisschen zu spät, ne, Chat? Und das Foto, liebes Alpha-Männchen. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC Merci Specko. Und ich mache dann auch eine Story auf Instagram und auf Twitch, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, wenn du das möchtest. Link im Chat. Ja, Hamster, wir werden alle alt, ne? Wir werden alle alt. Chat, seid ihr ready für einen Bosskampf? Wollen wir den Bosskampf jetzt direkt vor dem Gameplay noch machen? Was meint ihr? Ich brauche Einsen im Chat, wenn ihr sagt, ja. Wir wollen den Bosskampf jetzt haben. Und vor allem Alpha-Männchen, natürlich, du kannst mir auch sagen, nee, ich muss noch was essen gehen oder wie auch immer. Darfst mir das gerne sagen. Aber die Leute wollen den Bossfight, ne? Ihr wollt den Bossfight, Chat. Anomality, grüezi, schön, dass du hier bist. Quertut will den Bossfight nicht. Okay, Chat. Dann machen wir doch das so. Wir gehen direkt in den Bossfight rein. Ich erkläre kurz, wie es geht. Ich mache das auch noch auf Hochdeutsch, das Ganze. Und Looptunes, by the way, danke für den Follow. Schön, dass du hier bist. Merci, Fienchen. Chat, es gibt jetzt noch eine Prediction, ne? Prediction, wie lange läuft sie? 2 Minuten. Ihr könnt jetzt noch eure Kanalpunkte verwetten. Gewinn ich? Gewinnt ihr? Das ist jetzt die Frage. Troy, Yeah. I hear the lightning strike.
so I boycott the photos. The My photos. ducks have been so many times electrocuted. They are like popcorn. Lord God, thunder and lightning, have mercy with my resistor liver. My resistor liver. Okay, nice one, nice one. So, okay. Ich kann ja schon mal in der Zwischenzeit erklären, wie es geht. Ich gucke noch kurz. Alpha-Männchen, hast du noch was geschrieben? Nicht, dass da was untergeht. Deine Fotofunktion ist mega. Hey, danke dir. Ja, hab ich selbst gebaut. Aber ne, der Bosskampf, Alpha-Männchen, der Bosskampf, der jetzt kommt, wo du Dungeon Leader bist, das ist das Größte, was ich je gebaut habe für meinen Stream. So. Wir brauchen gute Calls jetzt. Hamster, hör auf, das zu schreiben. Der Calls, wir brauchen jetzt Calls, ne? Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Calls. So, Chat, wenn der Bosskampf startet, das ist gerade ein bisschen viel auf dem Screen, I'm sorry. Sobald der Bosskampf startet, werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Dann bin ich an der Reihe und so weiter. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Befehlen hier. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, die haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung. Damage für uns beide kann auch drin sein. Sie kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus, Tekla, du musst weg jetzt, dem Franziskus hier Liebe, denn der kämpft für mich und hat eine Attacke, die 400 Damage macht. Eine der stärkeren Attacken, die ich habe. Und ihr verringert die Chance, indem ihr ihm Liebe schenkt, mit Ausrufezeichen Franziskus. Genau. Alle Dungeon Leaders, das wären Merslim, Vito und Alpha-Männchen, die drei Raids von heute. Ihr habt alle Dreifach-Votes während dem Bossfight. Und auch schon hier, denn jetzt geht es noch drum, wollt ihr eine Buffkarte einlösen? Wir haben einerseits Ausrufezeichen Karte 1, ihr dürft alle dafür voten, wenn ihr wollt, für den Koffeinschub, dann habt ihr mehr Heilung. Bei jedem Heal, den ihr macht, bekommt ihr zwischen 50 und 100 Zusatzheilung. Wenn ihr sagt, nee, wir möchten Karte 2, was bedeutet, ihr startet den Bossfight getrainiert. Das heißt, ihr habt den Spezialangriff voll aufgeladen. In der Regel müsst ihr da 3 erfolgreiche Angriffe machen, damit sich der auflädt. So wäre der jetzt schon von Anfang an aufgeladen. Ihr müsst kann nicht bewegen mehr, dieser Mann. Gegner von ihm keine Chance gegeben. Er ist brutal getrainiert. Brutal getrainiert. Wenn ihr das nehmt, dann müsst ihr allerdings einfach noch ein bisschen hochhealen. Ihr startet einfach mit 400 Lebenspunkten. Wenn ihr keine Karte wollt, wenn ihr sagt, nee, brauchen wir alles nicht, wir wollen Hard Mode, dann macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Dungeon Leaders haben hier auch schon Dreifach-Votes. So, Chat. Hi. Ich müsste das mal umplatzieren, ne? Das ist einfach doof platziert hier. So, was haben wir? Karte 2, Karte 2, 10 Votes. Ich glaube, es wird Karte 2 sein, ne? Ist die Prediction schon durch? Ja, die ist durch. Ich gucke mal kurz. 3 Personen sagen, Troy gewinnt mit 6.760 Punkten. 11 Leute sagen, Chat gewinnt mit 12.568 Punkten. Holy shit. Okay, ich habe doch noch ein bisschen Pressure. Das sind sicher meine 3 Mods, die für mich auf mich gesetzt haben, ne, Chat? So, Chat, wir lösen auf hier. Ihr wählt die Getrainiert-Karte. Ihr startet mit dem voll aufgeladenen Spezialangriff. Der kann bis zu 650 Damage machen. Und ja, mal gucken, ob ihr gut würfelt und die 650 auch hinbekommt. So, Chat, ich bin ready, ne? Ich bin ready. Ja, noch kurz. Was soll ich? Greenscreen? Ja, Greenscreen mache ich auch noch auf.
So, let's go. Oh, meine Flügel, die sind halt statisch, ne? So, Chat, let's do this. Let's do this. Wir gehen rein in den Bossfight. Alpha-Männchen. Vito und Merslin, ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Macht den Chat-Command rein. Angriff wäre wahrscheinlich jetzt nicht schlecht, ne? Ihr könnt auch zuerst mal healen. Das geht auch. Oh, Warlock, sagen sie. Für wen kämpfst du, Warlock? Du bist mein Mod. Du kämpfst für mich. Nice. So, Chat. Okay, da kommen die Votes, 10 Votes auf Angriff. Noch ein paar verteilt. Nicht alle wollen den Angriff, Chat, ja? Nicht. Es gibt auch noch Leute im Chat, die haben Erbarmen mit mir. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Fucking hell, eh? As the blade tears through the flesh and bones, dealing a great amount of damage, the beast screams in pain. Okay. Schon! Oh, holy shit, man, das war nicht schlecht, ne? Das war echt übler Damage, Chat. Ich wollte verschütten, Warlock. Ja. Chat, dritte Aktion, erste Runde. Was soll's noch sein? Wir haben denn hier unten den Kampf zwischen Mystery Chest und Franziskus. Nimm noch ein Stück Pizza, Franziskus. Specko. Mit der Liebe für Franziskus. Und Franziskus, der nimmt die Liebe, ne? Weiß nicht, dass die fake ist. Franziskus, der naive Franziskus. Aber zuerst, Chat. Ich zeige euch jetzt noch, solange ich die Chance dazu noch habe, was der Franziskus machen kann, ne? Mit 40%iger Wahrscheinlichkeit. Er kann nämlich 100 Eicheln. 100 Eicheln? Really? Seriously, Franziskus? What the fuck? Okay, das war gar nichts, ne? 100 Eicheln. War nicht das, was ich wollte, Chat. Votet für eure erste Aktion in Runde 2. Chat, was soll's sein? Mystery Chest? Interesting. 12 Votes auf der Mystery Chest. Loop Tunes. Macht die Mystery Chest auf und findet da drin nicht. Okay. Doch, ein Kaffee trinkt. Ja, okay. Ist ein bisschen viel, ne? 500 für 200 Heilung. Ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ihr seid wieder Full HP, Chat. Und wir gucken, was eure nächste Aktion sein wird. Für was votet ihr? 7 Votes auf der Mystery Chest. Wir haben noch 4 Votes auf Pistole, 4 Votes auf Angriff, 8 Votes auf der Mystery Chest, 9 Votes. Quertutsu führt aus. Quertutsu macht die Kiste auf und zieht ein Shield of Reflection raus. Ich erkläre kurz, was das macht. Hat eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, Schaden auf mich zu reflektieren. Aber seid vorsichtig, denn wenn ihr euch healen solltet, was jetzt im Moment nicht der Fall ist, ist da auch eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Heilung auf mich reflektiert. Jetzt, in diesem Moment, ist es noch mein Problem, aber sollte mein Schaden dann durchgehen, ne, dann kann das auch zu eurem Problem werden, das Schild. Quertutsu mit der Pistole.
und Quertutsu trifft nicht. Quertutsu hat keinen Aim-Chat. Wieso schickt ihr denn den Quertutsu nach vorne, wenn der keinen Aim hat? Ja, Edwardschen, ne? Quertutsu, jetzt hast du alle enttäuscht. Was ist los? So, Chat. Ban! Quertutsu, ban! Ich habe mit links geschossen, sorry, Chat. Anspielung auf OC. Ja. Ja, indeed, Looptunes, indeed. Ich habe sogar... Also ich kann kurz erzählen, alles was in meinem Bosskampf als Angriffe und als Effekte drin ist irgendwie auch in meinem regulären Stream mit Kanalpunkten so möglich als Effekt. Und das What You Say ist auch was, das könnt ihr mit Kanalpunkten, könnt ihr das auslösen im normalen Stream, wo ihr mich dann erschießt. Und es kann dann auch sein, dass ich noch zurückschieße. Danke dir, Hamster Sound, danke. Das Part 2 einfach auf mich, ne? Okay, let's go. So, Chat. Wie viel Prozent hat der Franziskus noch? Nee, ich mach Chest of Hammers. Chest of Hammers. Meine Mystery Chest, da können auch ganz geile Dinge drin sein, wie zum Beispiel der Mjölnir. Die stärkste Attacke, die ich habe, Chat, ausgeführt von einem Mod. Und in dem Fall ist es Techie. Techie lässt es Blitze regnen, aber jetzt nicht Nein. Nein. Aber zum Glück nicht so viel Damage, Techie. Holy shit. Okay, wow. Ja, ja. Da war's, ne, das Shield of Reflection. Ich habe gehofft, dass es durchgeht. Aber nee. Chat, was soll's sein? Mystery Chest, 9 Votes. 10 Votes auf der Mystery Chest. Quertutsu. Zieht raus. Oh no. Lost Season 6, eine ganz miserable Season. Und wir haben sie alle zusammen geguckt und wir haben alle Schaden genommen. 200 Schaden für uns beide. Das kann auch passieren, darum, ich sage es jetzt an der Stelle, in der dritten Aktion die Mystery Chest zu wählen, habt ihr jetzt nicht gemacht, ja, aber in der dritten Aktion ist die Mystery Chest in der Regel keine gute Wahl, weil ihr könnt euch selbst Schaden zufügen, das kann euch zum Verhängnis werden auch. Arty oder Art Shooting macht, gibt dem Franziskus noch ein wenig Liebe, senkt die Wahrscheinlichkeit auf 30%. Chat, was soll's sein? Dritte Aktion. Wollt ihr nochmals healen? Wollt ihr noch einen Angriff wagen? Wollt ihr noch eine Mystery Chest? Ich glaube, es ist der Heal, ne? Der Kaffeetrink mit 10 Votes. Paar verteilte Heals. Votes. Art Shooting mit dem Heal. Jetzt muss ich hier noch meine Attacke vorbereiten, Chat. Ich muss kurz meine Attacke vorbereiten. Machen wir das so. Machen wir das so, Chat. Ich muss mich hier kurz vorbereiten. Also. So, für euch gibt's jetzt Machete. Okay, let's go. Tja. Okay, ich glaube, da kommt die falsche Animation. Ich habe jetzt das on the fly kurz reingebaut. Okay, war ja nicht schlecht. Chat, was soll's sein? Wo sind die Strats, Chat? Verwirrung. Ich spüre Verwirrung. 7, okay, 8 Votes auf der Mystery Chest. Hamster Sound, Level 6. HSN Exe, danke dir für den Follow. Willkommen hier bei mir, wie geht's dir denn? Oh, come on, Hamster Sound, doch nicht die Schrumpfmaschine.
Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ja, Hamster. Verdammt. Du weißt, das tut weh, die Wachstumsschmerzen sind real. Oh fuck, okay, ich hab nicht mehr viel HP, Chat. Ich hab nicht mehr viel HP. Ich will nicht. Was macht ihr jetzt? Kommt jetzt der Greed? Kommt der Greed oder healt ihr? Ihr healt noch einmal. Aber come on, Chat, ich hab nicht mehr viel HP. Ihr könntet mich besiegen, ne, Chat? Ihr könntet mich besiegen, ne? Quer tut's so mit dem Heal. Geht nicht daneben. XP farmen, okay. Okay, dann sage ich es jetzt noch kurz. Ne? Jetzt sind wir bei Runde 4. Und bei Runde 6 ab Runde 6 bekomme ich 10% mehr Damage. Also nee, ich mache 10% mehr Damage, so rum. Und das steigert sich dann alle 3 Runden. Also jetzt kommt dann langsam so der Zeitdruck. Ne? Ihr könnt XP farmen, ja, je länger der Bossfight dauert, aber es wird auch immer schwieriger. Also es ist da wichtig, irgendwie die Balance ein bisschen zu finden. Lisa? Fucking hell, okay. Nein! Und ich erzähle hier von Balance finden. Ne? What the fuck? What the fuck? Chat, GZ, euer Loot. Obi-Wan, ich wollte... Ja, der 10% Damage Boost, der kam nicht. Der Chat hat da einen Speedrun gemacht, Obi-Wan. Ja, sorry. Chat, ihr habt das gut gemacht. Danke für diesen geilen Bossfight. Der ging relativ schnell zu Ende, muss ich sagen. Aber es war geil. Hat Spaß gemacht, Chat. Hat wirklich Spaß gemacht. So ist jetzt die Musik. Und HSN, du hast noch was geschrieben. Hallo zusammen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Game and Gain TV, auch dir guten Abend. Schön bist du hier. Wo ist denn hier die Musik, Chat? Haben wir keine Musik mehr? Wir haben keine Musik mehr. Will nicht. Ah, jetzt. So, ich guck mal kurz. Wie viele Erfahrungspunkte habt ihr denn bekommen, Chat? Wie viele Erfahrungspunkte? 262 sind Erfahrungspunkte wurden verteilt. Troy. Yeah. Eat bloody dust. Snoring is a weak weapon. You have skilled the bloody wrong tree. The heck, Lord God Thunder Pistol, have mercy with this half-rotten cadaver. Lulu! Woo! Lulu, thanks for the raid. Oh my god. Oh my god. She's here. She's here, the one and only Lulina. How are you guys? And thanks for the raid, Lulu. How was your stream? How was your what did you play? What did you stream, Lulu? And why do you always claim the Hux? No, you actually don't anymore. But it was a topic today that you claimed our Hux before I corrected it. Chat, my English is not the best. I hope you understand what I'm trying to say. But how are you guys? And Seafood, thanks for the follow. So, we are going to make a photo, chat. So please stay for the photo. We need all of you Raiders und alle von euch Chat. Ihr kennt's, ne? Type in !photo in chat. You can join the picture with your profile picture
with Lulu and me. This will be a photo which will be posted on my Discord. I will also make a Instagram story and a Twitch story. And yeah, you guys can even buy the photo in physical form. Physical form. Is that a thing? Is that correct English? I don't know. So chat, let's read what Lulu wrote. Danke für das. Was very chill stream, played Sims and created a Italian countryside. What is a cottage? Cottage? Is this a cottage? And I would love to live there. Okay, that sounds fun. I'm not so good with IT stuff as you are. Yeah. But that's, I mean, you don't have to have every skill, right? I have my skills, you have your skills. You can sing, you have a beautiful voice. I don't. And I can do the IT magic. I can do the magic, chat. That is correct. Cottage, okay. Bin müde, sorry. Alles gut. All good. But that skill would be very nice, and I would not take every hug. Oh. Chat, if you don't know Lulina, please, wenn ihr Lulina noch nicht kennt, geht da vorbei. English entertainment, but it is really, really good entertainment. Lulina is such a nice person and such an entertaining person, and you, from time to time, you can make her sing with channel points, and that's always the most beautiful thing on her stream. I'm serious, right? Her voice is so good. And my English is so bad. Herr Frosty, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Herr Frosty, das wurde schon ausgelost. Schmarz hat gewonnen. Tatsächlich auch von der Community. Aber Herr Frosty, ich habe gesehen, du hast mitgemacht. Aber leider hast du nicht genug Glück gehabt. Es hätte nur jemand können sein von 800 Leuten. So, Chat, aber wie geht's dir, Herr Frosty, wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Chat, we need some more people. Where are the people? We need more profile pictures on the photo. Please, everyone who hears that, please type !Photo, Ausrufezeichen Fettli in chat. Join the photo with your profile picture. That would be great. Where was I in chat? Where was I? And Lulu, by the way, chat. Oh my god. We already have the next boss fight ready. Holy shit. But I'm asking you, Lulina, are you still here? Let's say, but because we already did a boss fight like a few minutes ago. Will you be still here in 30 minutes? Or do you say, no, 30 minutes is too long, make it 20, or make it more? That's also a possibility. But I let you decide. Ja, Schmarz, and so funny. Treu wird gleich rot. Hören Sie auf. Jetzt werde ich dann rot, ne? Jetzt komme ich ins Schwitzen. Lulu. No, I will go to bed. Do you go to bed? No. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Lulu is not a weirdo. I am, chat. Ich bin schon lange am Schwitzen. Ui. So, Lulu, aber
Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. What's the answer? What do you wish? Do you go to bed? So, no boss fight today. Do you want to do the boss fight another time? I can do this too. If you want. That's no problem. It's no problem. If you want to go to sleep, then go to sleep. That's important. I am dipshit. No, I am dipshit. Bad Lulu happy. Lulu sleepy. No, don't worry. I'm almost never here on Saturday, so... Oh? Is it because of me? Or is it because of Artie? I can remove Artie from the photo. Okay, never mind. Okay, this is fine, chat. This is fine. So, chat. Title, thanks for the raid. Let's do the photo. 24 people. Last chance. If you want to join the photo, type in !photo in chat. Was könnt ihr aufs Foto nehmen, Lulu? Jonathan. Oh, chat. Oh, wait a second. Macht es nicht. Macht es erst nachher. Jonathan, erst nachher, please. Wir haben das Ausrufezeichen. Jonathan. Und ich schaffe, Chat, ihr müsst jetzt das versuchen. Ich weiss nicht, Lulu wird vielleicht ein Ausrufezeichen Lulu machen, vielleicht geben dem Jonathan Vortritt, weil ich kann nicht den Jonathan mit aufs Foto nehmen, just saying. Ich nehme jetzt auch nochmal den Jonathan, den Mini-Jonathan. But it would be great if Paul Rudd could join us on our photo chat. With exclamation mark Jonathan, but not yet when I do the countdown. But you have to have a really good timing. Okay, let's try this. We are going to make the photo in between 7 and 15 seconds. 7, 6... Ich bin verwirrt. Jonathan? No, it is too late. Jonathan. I had to. I'm sorry. Okay, it's all right. You had to do it, and that's fine. I understand. This is our photo, Lulu, and it is on the Discord right now. And exclamation mark DC if you want to join the Discord. And I will also make an Instagram story and a Twitch story where I will tag you, Lulu, and you can also order the photo in physical form, physischer Form, if you want to. CD. Did I say CD? I said DC, right? But it is a great photo. Love it. I wanted to pat Lulu on the head, but I didn't know which side. I didn't know which hand to use, and that made me laugh. Lachen, ne? Nicht laugh, not love. But I'm also full of love, chat. And Franciscus is too. Too many Lulus. Lulu, let's did we already watch a clip? We need a clip, chat, right? Do we need a Lulu clip? I need ones in chat. Chat, write ones in chat if you want to see a clip from Lulu. Come on. Ones in chat if you want to see a clip from Lulu. No. Okay. Lulu, I guess the people want to see a clip. Let's do this. Und Nino, hi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Nino Talks, wie geht's dir? Okay, chat. Let's do this.
Show clip. Do we want a new clip? Let's try a new clip. Maybe from today. Let's try. Oh. Oh. Yeah. It's going to. That's the one dog that shits on the floor, right? And Lulu steps in the shit. Okay, Doggo died and I revived it with a treat. Okay, that's possible. I didn't know. Okay, that's interesting. Mit dem Guti. Der Guti Dani. Also mit dem Treat und nicht mit dem Threat, oder? Hast du ihn bedroht? So, du lebst jetzt wieder. Sonst werde ich hässig. Okay, nice one. But now, chat, we're watching another clip. One of the sorted clips. Did Lulu sort her clips? Oh, it's of course it's this one. Hamster Sound gifted a tier 1 sub to Lulen A. They have given 64 gift subs in the channel. Hamster Sound, ich danke dir für den Tier, für das Tier. Danke dir für den verschenkten Sub an Lulena. Danke dir, Lulu. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber und Hamster Sound. Danke dir für den Support. Holy shit. Nein, mein Hund ist ein Wolf, er bedroht, wenn, dann mich. Okay. Lulu, is this the only, what is it called? The only clip? Oh my God. The favorite clip. Featured clip. It is called featured clip. Is that the only featured clip you have? Because I think every time I show a featured clip of your clips, it's always this one. But it's okay. You don't have to change anything. That's not what I mean. But I'm just curious. Ich habe wieder Nüsse. Ich kann noch mehr. Okay, dann ist es echt Zufall. Wir sind gerade alle am Aussortieren seit 2023. Oha. Ich hätte eben gehofft, dass so ein Clip kommt. A clip where Lulu is singing. That would be nice. That would be nice, chat. So, chat. What are we doing? The boss fight, right? Did we say we don't do the boss fight, or do we do we do the boss fight in 30 minutes? I'm not sure. Well, without Lulu, I guess, because Lulu has to go to sleep. Ausser Lulu, ich mach dir noch ein Angebot, wenn du sagst, du willst jetzt den Bossfight machen, dann machen wir ihn jetzt. Dann sind wir auch die ganze Nacht am Bossfights machen, I guess. Aber wäre auch eine Möglichkeit. Und du bist immer noch da. You're still here. Right? Another. Like Thor said, another. Und er rührte die Tassen an den Boden. Another. Die sind gar nicht featured. Okay. We don't do the boss fight. Me sleepy. Okay, alles gut. Chat soll entscheiden, aber ich schlafe während dem ein. Let's. I will wait. I don't do the countdown. Let's just wait for the next raid, I guess. It is kind of the time where the raids come in, and I guess that the next raid will happen soonish. So as soon as the next raid arrives, we will do the boss fight. If that's okay with you guys. Let's go danach, Bubu. Danach. Nein. Also meine Singen-Clips sind nicht featured. Okay, alles gut. Heute kommen keine Raids mehr.
Ich habe das Gefühl, ne, wenn ich jetzt einen Bossfight starte, dann kommt nach dem Bossfight direkt wieder ein Raid rein, dann müssen wir noch einen Bossfight machen. Ich will doch noch Gameplay machen, Chat. Ich will doch noch Gameplay machen. Hä? Gameplay, nicht Gameplay. Nee, ich glaube, I think we play some Indiana Jones, Chat. We go into the Indiana Jones. Also ich wäre ja jetzt dafür, Chat. Okay, einzeln Chat, wenn ihr jetzt den Bossfight wollt. Einzeln Chat, wenn ihr jetzt den Bossfight wollt. Let's do it your way, Chat. Ja, okay. Oh, okay. Okay. Wie bist du eigentlich schon in diesem Spiel? Ich bin in Ägypten. In Ägypten bin ich. Das ist noch nicht sehr weit. Noch nicht sehr weit. Aber ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. So, Chat. But I'll change back to German if that's okay. Or is anyone in chat right now who doesn't understand German, please let me know. Please let me know. But let's switch back to German or even Swiss German, I guess. And let's do the boss fight in Swiss German. Yeah. I only understand English. Oh, smarts. I'm so sorry. But I don't give a fuck. Not the yellow from the egg. Ja, genau. Chat, dann machen wir noch in Schweizerdeutsch. Ich glaube, das klappt ganz gut. And if you don't understand anything, let me know. Okay, Chat. Ich erkläre jetzt nicht nochmal, wie der Bossfight funktioniert. Autsch! Wie der Bossfight funktioniert. Wir gehen auch direkt rein. Wir gehen direkt rein. Ihr votet. Einiges mehr. Für eure Wunschkarte. Wenn ihr einen Koffeinschub habt, mehr heilig. Ausrufezeichenkarte 1. Wollt ihr getrainiert in den Bossfight, dann machen wir Ausrufezeichenkarte 2. Dann startet ihr mit dem voll aufgeladenen, ich kann nicht mehr schnarren. Voll aufgeladenen Bossfight. Every time Lulu is in chat, Lulu makes me nervous and then I can't talk, Chat. Ihr wisst, was ich sagen will. Ausrufezeichenkarte 1, Ausrufezeichenkarte 2 oder Ausrufezeichen keine Karte. Und Lulu. Oh, nein! Don't shoot Lulu! No! Ach, Lulu. Ich muss gerade Fuß wünschen dir einen wunderschönen Stream und bis bald, Lulu. Ich danke dir nochmal für deinen wunderschönen Raid. Danke vielmals für den Support. Und dass du mir deine Leute anvertraust auch. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Like the devil. A really lovely and cute devil. But the devil. Wer ist da der Teufel? So, Chat. No, keine Karte. Oha. Das verwundert mich jetzt. Hard Mode. It is, Chat. Wer hat das ausgelöst? Was denn? Lulu, sag mir schnell, um was geht's? Du selber? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Um was geht's genau? Jetzt komme ich nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Chat, Lulu und ich sind jetzt verwirrt. Das haben wir es auch nicht gebraucht. Aha, wegen dem Gessen. Jetzt komme ich raus. Ja, logisch. Ja, du, 15 Mal. Es ist 15 Mal, kannst
15 Mal kannst du das Try Gasm auslösen und dann ist immer so ein Counter da oben. Feinchen, also alle Mods können es zurückstellen, by the way. Wieder auf 0. Und auch 15 Mal kommt dann immer der Sound, der typische Stöhnen-Sound. Und beim 15. Mal kommt Sam Jackson und rastet aus. Verwirrung. Ein Mann mit Geschmack. Chat, Lulena liebt den Gasm. Chat, wer liebt den Gasm nicht? Ja, jetzt ist aber leider, jetzt ist es halt durch. Jetzt müsste Feinchen, wenn sie will oder wenn ein Mod will, das zurücksetzen, damit es wieder von 0 anfängt. Chat, gehen wir in den Bossfight rein? Wir gehen rein, Chat. Und Lulu, wenn du gehst schlafen, danke nochmal und guten Schlaf bis zum nächsten Mal. Aber bis dahin, Chat. Bis dahin. Müsst ihr gegen mich kämpfen? Ja, das ist jetzt der Bossfight, der läuft, bis die Lulu wieder wach ist. Bis sie wieder da ist, machen wir jetzt den Bossfight machen, Chat. Votet für eure erste Aktion, Chat. Ganz vergessen, ihr seid schon an der Reihe, ihr könnt schon voten. Was ist eure erste Aktion, die ihr ausführen wollt? Wir haben 3 Votes auf der Mystery Chest. Edvazi führt aus dem Mystery Chest. Und in der Mystery Chest drin ist ein Kaffeedrink. Was überhaupt nichts bringt. Er hat ihn jetzt aber nicht verschüttet, oder? Nein, er hat ihn nicht verschüttet. Ja, er war jetzt nicht die beste Wahl. Ne? War nicht die beste Wahl, aber ich kann es nochmal versuchen. 8 Votes auf der Mystery Chest sind schon drauf. Arti. Erneut mit der Mystery Chest. Oh, come on, no! What the fuck? Watch as your wings crumble beneath my rage. 1! Puh, okay. Das war jetzt halt wenig Damage mit dem Eis-Chat. Fast ein bisschen schade, Da schnell meine Vorschau wiederholen. So. Gut. Chat, was votet ihr? 6 Votes auf der Mystery Chest. Schmarz, Level 7. Mystery Chest. Und du holst raus ein Disconnect. Oh mein Gott, ich will doch nicht. F5. Ja, genau. Chat. Was mache ich mit euch? Mal schnell schauen, was ich mit euch mache. Ich würde sagen. Ich mache das da. Gipfeli Brösmeli, Chat. Gipfeli Brösmeli. Nicht schlecht, nicht schlecht. Chat, votet für euch hin. Erste Aktion in der Runde 2. Oh, 6 gegen 6. 7 auf der Mystery Chest. Untitled führt Mystery Chest aus. Untitled.psd. Geil. Oh, come on. Oh no. Chat. Ich will nicht. Legend. Chat, ihr habt auch Schaden genommen.
Ihr habt auch Schaden genommen. Ich glaube, jetzt müsst ihr heilen. Ich glaube, wir müssen heilen, Chat. Just saying. Time to heal. Und ich muss mir da mal schnell ein bisschen Wasser einfüllen. Smoker, grüezi wohl. Er ist noch on. Sally Chat und Troy Smoker, grüezi, wie geht's dir? Geiles Avatar. Swiss Coconut mit dem Heal 200 HP. Smoker, wie hast du es? Wie hast du es? So. Let's go. 8 Volts auf dem Kaffeedrink, Chat. 9 Volts auf dem Kaffeedrink. Hamster-Sound führt aus den Kaffeedrink. Verschüttet er den Kaffeedrink? Nein, er sitzt. Gut, freut mich mega, bist noch an und sauber. Das freut mich, als du das schreibst. Hey, kann mich nicht beklagen. Wir sind hier im Bossfight, wie du siehst. Wir haben noch einen Raid bekommen von der lieben Lulena. Und jetzt sind wir uns noch ein bisschen am Prügeln da. Aber jetzt bin ich zuerst an der Reihe, Chat. Was mache ich mit euch? Chest of Hammers, oder? Chest of Hammers. Vielleicht haben wir ein bisschen Gipfeli-Brösmeli raus. Hammer of Protection, okay. I take. Schild. Absorbiert Schaden, Chat. Angriff. Angriff funktioniert halt am besten zum Schild wegmachen. Das ist ja so eine 90%ige Wahrscheinlichkeit. Also gute Wahl, Chat. Gute Wahl. Vier Votes auf der Mystery Chest, 4 Votes aber auch auf der Pistole. 5 gegen 5 Votes, 6 Votes auf der Pistole. Oh, what the hell, Mystery Chest, halt noch auf mit 8 Stimmen. Arti führt aus. Und filmt das Ganze natürlich noch. Live. Oh, come on. Oh, come on, Chat. Arti. Oh. Ich nehme noch schnell einen Biss von meinem Gipfel. Ja, findet ihr lustig, hä? Dann kann er wach sein wieder. Ich habe mein Gipfel verloren, Chat. Ich glaube, mein Gipfel ist noch geschrumpft. Ja, das ist ein bisschen doof. Chat, votet für eure dritte Aktion, Runde 3. 3. 8 Votes auf der Mystery Chest. Mori, auch am Mitvoten sehe ich gerade. Oh, der Mori führt sogar aus. 3. Mori führt aus. Level 3. Game of Thrones Season 8. Das tut weh. Aber ich bin fast tot, oder? Ich bin halt fast tot, Chat. Haben wir noch eine? Oh mein Gott, kann ich mir... Oh mein Gott, Chat. Let's fucking go, Franziskus. Beende es. Du hast beenden, Franziskus. Zeige ihnen deine... Nein! Nein! Franziskus, was? Du hast eine 50%ige Chance gehabt. Oh, fucking no. Nein. Oh, mach der Pistole. Oh, interesting. Calls für Pistolen aus. Trifft der Calls dann mit der Pistole? Oder geht's daneben? Fuck! Nein! Mann! Schon wieder!
Fucking hell. Chat. Hadouken! Ihr habt eine Koffeinschubkarte als Belohnung bekommen, Chat. Und übrigens auch jetzt wieder, erst vorhin nicht gesagt, beim letzten Bosskampf, GZ an alle die Punkte bekommen haben, die Kanalpunkte bekommen haben, die nicht auf mich gesetzt haben. Aber so ist das Leben, Chat. Treu hat meine Punkte nicht mehr. Setzt du deine Punkte auf mich? Tja. Obi-Wan, lass mir doch jetzt mal Gipfeli essen. Jetzt bin ich schon wieder am Brennen. Lass mich doch mal die Gipfeli essen. Ja, ja. Ja, ja. Hast du noch etwas zu erzählen, Obi-Wan? Ja, ja. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich wollte vorhin schon schauen und da ist gerade der Rape von der Lulu reingekommen. Wie viele Punkte hat es denn jetzt gegeben? 158 Erfahrungspunkte. Was haben ihr denn so für Levels, Chat? Was haben ihr so für Levels? Hamster-Sound räumt heute ab. Okay, du hast Hamster-Sound, hat schon Silver 3, Silver 2. Nice one. Bosskampf-Level von Fienchen ist immer noch, ich glaube, immer noch Level 11. Es zieht brutal an jetzt. Ich glaube eben natürlich, weißt du. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Loop Tunes mit Level 3. Nice. Der Obi-Wan ist so ein Granny, gell? Das ist schon so. Also für einen Gipfel komme ich auch auf die Dark Side. Ich habe noch eins. Smoke, kommen Sie vorbei. Nächstes Mal kämpfst du für mich. Ich möchte überhaupt nicht schleimen oder so. Deine Mods machen einen tollen Job hier im Chat, aber ich möchte Fienchen mal ganz toll loben, wie toll sie das mit den Vorhersagen macht. Das bringt ganz frischen Wind hier rein. Hey, Fienchen, natürlich, Hamster-Sound, du hast absolut recht. Und ich möchte das an dieser Stelle natürlich auch nochmals sagen. Ne? Fienchen, merci vielmals, das ist echt... You should know bloody better. I always hacking finish you with the Father Woolly Pistol. Lord God Thunder Barrel have mercy with my aim. With my aim. Fienchen, du machst das wirklich super toll mit den Predictions, da bin ich mega froh. Das ist auch eine mega coole Idee, dass du das angefangen hast. Ja, so werden Kanalpunkte noch ein bisschen durchgemischt in der Community. Es gibt immer solche, die nerven sich. Ja. Schmarz setzt halt auf mich, glaubt an mich. Schmarz verliert halt Punkte, oder? Ist es so? Kann ich nicht ändern. Troy, so geht das nicht. Du musst dich schon ein bisschen mehr anstrengen im Bosskampf. Meine Punkte sind wertvoll, sonst setze ich halt doch nächstes Mal gegen dich. Oh no. Don't do it. Ich streng mich so an, Arti. Ich streng mich so an. Ja, der Obi-Wan, der schaut mich immer von den Händen an. Und dann denke ich immer, ich muss es jetzt wieder mal schaffen. Fishbone mit Bosskampf Level 9, oha. Tiger mit Bosskampf Level 10. Ja, Loop Tunes, ich glaube, ab Level 5 können die Frames droppen. Ich sage jetzt mal, wenn du noch so 1-2 Bossfights dabei bist und mitvotest, dann müssten da anfangen, die Frames zu droppen. Es klingt nicht gut, vor allem für Streamer, die Frames, ne, die droppen, aber ich meine damit die Avatar-Frames. Ne? Der Gasm-Counter ist übrigens wieder zurückgesetzt. Let's go. Ja, Chat, ich kann wieder Gasms reinmachen und dann kommt wieder der Soundeffekt. Ich bin zu Bruck. Ich glaube, weit weg wärst du nicht. Ja, so verrückt weit weg bin ich nicht von Bruck. Nein. Ja doch, du könntest. Du musst uns einfach wieder weniger gönnen lassen. Hey, also jetzt habe ich wirklich probiert, dass ich gönne, he? Chat.
Aber der Franziskus hat nicht wollen. Ich meine, was hat er gehabt? 50%ige Chance für 400 Eichel und er macht es nicht. Du bist jetzt nicht mehr worthy, Franziskus. Ha? Ist dir das bewusst? Du musst jetzt wieder gross und stark werden und für da musst du ein bisschen Milch trinken. Also ich sehe es gar nicht richtig. So ein Gugus. Chat. Ich muss Pipi machen gehen. Ich muss für kleine Troys. Also nehmen wir das Gipfel gerne morgen. Let's go. Findest du, muss jetzt leider schlafen, haben am Nachmittag noch ein kleines Familientreffen. Hey, alles klar, kein Problem. Dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg beim Familientreffen. Ich lese schnell vor. Gute Nacht, liebe Fienchen. Mögen dich die Firefly-Raumschiff-Träume sanft in den Schlaf begleiten, während du auf den Spuren mächtiger Modhammer wandelst und nach Easter Eggs suchst. Vergiss nicht, deine weißen Söckchen anzuziehen. Hey, Fienchen, merci vielmals fürs dabei sein, merci vielmals fürs Moderieren und so weiter, für Predictions und so weiter. Und auch für deinen Support für die verschenkten Subs. Genau. Und Fienchen, schlaf gut, viel Spaß morgen, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Ich habe seinen Brüder und er will nicht auf seinen Brüder schiessen. Schiessen. Ich frage mich, ob es der Brüder ist. Oder ist es so ein Klon? Ja, hat man da vielleicht DNA genommen vom Franziskus und den Franziskus klont? Man weiß es nicht. Soweit ich weiß, hat der Franziskus einen Bruder, der heißt Cornelius. 85er Beste, let's go. Hockt schon der ganze Bossfight auf dem Donnerbalken. Let's go. Hey Chat, wir machen schnell eine kleine Pause. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen auch schnell 5 Minuten Pause rein, oder? 5 Minuten Pause, dann könnt ihr noch schnell etwas erledigen, Pipi machen, Kaffee rauslassen, was ihr wollt. Pizza machen. Oder, keine Ahnung, einen Döner machen. Vielleicht macht der Römer noch einen Döner. Für uns alle. Bringt schnell allen einen Döner vorbei. Ich könnt euch natürlich auch 20 Chicken McNuggets holen. Mit Currysoße, Süß-Sauer-Soße und noch ein bisschen Barbecue-Soße. Chat. Ich würde mich freuen, wenn ihr oben sind nachher. Ich muss noch meinen Knopf finden. 5 Minuten Pause. Bis nachher. Tschüss.
Schwarz, danke vielmals. Danke vielmals. Aber er muss jetzt ein bisschen warten. Aus Gründen. Ich geniesse zuerst mal ein Cornet. Chat, was habt ihr euch denn so geholt? Was habt ihr euch so geholt? Erzählt mal. Und ja, auf und ab gerollt. Das ist richtig, habe ich auch müssen machen. Man kann Magenbrennen, incoming. Ich bin noch nicht 40, gell? Smoker. Das Problem habe ich erst in 4 Tagen. Oh mein Gott, es kommt immer näher, Chat. Ich würde ja sagen, haben wir einen Döner geholt, aber gibt es erst heute Abend. Ist es so? Gibt es einen Döner heute Abend? Es war eigentlich nur ein Show, aber in dem Fall bin ich ja nicht dran gewesen, quasi. Wie manchmal haben ihr Döner? Einmal in der Woche? Also ich meine, ist ja, würde ich jetzt irgendwie auch noch geil finden. Wie heisst der Song? Ich muss schnell schauen, ob ich das fixen kann. Ja, euer Chat wird jetzt hier schnell ausblenden, wenn ich das mache. Es geht halt nicht, Chat. Es geht halt nicht, ne? Einmal im Monat. Oha. Song, let's go. Merci Hamstersand, das gibt es hier auch noch, ne? Can't Take My Eyes Off You bei Frankie Valli. Frankie Valli, Chat. Und ich sage es jetzt nochmal. 2:30, es ist nie zu spät für ein Cornet. Es ist nie zu früh für ein Cornet. Ein Cornet kommt immer dann, wenn das Cornet das beabsichtigt. Genau so ist es, Chat. Den Song kennt man auf jeden Fall. Ich hätte es aber wirklich vor allem den Interpreten nicht gewusst. Ich habe immer einfach nach Lust und Laune, aber ich habe einfach immer Lust und Laune auf Töne. Ja, das fühle ich. Ich habe, also ich bin sicher nicht der Einzige, aber damals in der Lehre habe ich gefühlt jeden Tag Döner gegessen. Und dort ist es dann fast ein bisschen too much geworden. Da musste ich wirklich irgendwann sagen, hey, jetzt habe ich keine Lust mehr. So ein geiles Schocki-Garne geht immer, oder, Chat? Wobei, wenn ich länger arbeiten muss, dann öfters, weil Dönerbox das Einzige ist, wo ich auf dem Weg kann essen kann. Aha, okay, Dönerbox, ja. Ja, macht irgendwie noch Sinn. Aber ich muss sagen, Dönerbox bestelle ich mega selten. Ich habe wirklich auch lieber so einen richtigen Döner. So einen richtigen Döner, am liebsten im Taschenbrot-Chat. Nicht ein Dürüm, sondern einen richtigen Döner. Was bevorzugt ihr? Dürüm oder... Also was wäre es denn? Döner oder... Dürüm oder Kebab? Ist das die richtige Unterscheidung? Oder Dürüm oder Taschenbrot? Fladenbrot oder Taschenbrot? Was bevorzugen ihr? Lade ich gerne beim Campus auf einen Döner? Oh, jetzt aber. Taschenbrot viel besser. Finde ich aber auch. Kommt drauf an, ich wechsle immer zwischen Kebab und Dürüm. Also ich nehme auch ab und zu ein Dürüm.
So ein bisschen die Abwechslung finde ich auch nice. Aber ich bevorzuge unter dem Strich immer noch das Taschenbrot. Das Brot und Soße ist das Beste. Ja, true. Aber was ich hasse, es gibt so eine Art und Weise, wie ich einen Döner bewerte, Chat. Ich weiss nicht, ob ihr das gleich macht. Aber wenn ich einen Döner bestelle, und kennt ihr das? Also ich rede jetzt vom Taschenbrot. Also der letzte Biss, den man noch hat, oder die letzten 3 Bisse, die man noch hat, so der ganz untere Rand, wo man eigentlich wirklich noch das letzte Stückchen Taschenbrot hat und dort ist dann noch etwas drin. Und das ist aber genau jetzt entscheidend. Wenn dort am Schluss noch Fleisch drin ist, ja gut, ich rede jetzt natürlich vom nicht vegetarischen Burger. He? Wenn dort noch Fleisch drin ist, dann ist es ein guter Döner. Habe ich jetzt Burger gesagt? Bin ich verwirrt? Ich rede vom Döner, lieber Chat. He? Wenn dort noch Fleisch drin ist, dann ist es ein guter Döner. Wenn dort nur noch Salat drin ist, ist es ein schlechter Döner. So bewerte ich einen Döner, Chat. Der letzte Biss ist entscheidend. Taschenbrot gleich Genussdurchräum gleich Hunger. Alles andere in Foodland, Flughafen, ist nicht handhabbar für unterwegs. Okay, interesting. Kennst du das Kuhgässli? Die machen das Taschenbrot frisch auf Bestellung. Das tönt natürlich nice. Also wirklich frisches Taschenbrot ist halt dann nochmal etwas anderes. Schön sapschig. Sapschig. Mit Soße. Nascha. Weißt du das Gefühl, muss ich jetzt da dran schlecken? Muss ich jetzt da schlecken vor der Kamera? Am besten noch ins Mikrofon rein. Am besten noch so ein bisschen Fallsäule ins Mikrofon, oder? Und dann das Mikrofon noch ein bisschen abschlecken. Macht dich das hässig, wenn ich jetzt da in mein Garnet reinbeisse? Ohne Scheiß, ich mache das seit eh und je so. Okay, andere Frage, Chat. Nächste Frage. Schlecken oder beißen beim Garnet? Oder bei der Klasse von mir aus. Hey, hallo, Mann. Und John Wang. John Wang, schön bist du hier. Wie geht's dir? Und Klo, Mann. Merci für den Resub im 25. Monat. Wie geht's dir, Klo? Danke für den Support. Jetzt fühle ich mich beobachtet, Chat. What the fuck? Ich kann doch nicht essen, wenn ihr mich beobachtet. Stelle die Kamera ab. Wenn ich da der Einzige, der beisst, ein bisschen beißen muss schon sein. Das gehört dazu, Chat. Manchmal muss man im Leben ein bisschen beißen. Ja? Und jetzt kann ich sowieso... Was soll ich jetzt da mit der Zunge noch gehen? Ja, das hättet ihr gern. Wenn ich jetzt da noch so mit der Zunge reingehe. Jetzt kann ich ohne Scheiß nicht mal anständig die Glasse essen. Jetzt blende ich mich aus. Nascha, jetzt bin ich enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, du tust das Gutzli ausschlecken, bis es weg ist. Ja, das habe ich jetzt erwartet, natürlich. Nur Männer beißen, weil sie sich schämen. Ja. Also Chat, jetzt ist es sowieso so oder so, egal was ich mache, jetzt ist es awkward. Am liebsten würde ich jetzt das noch wegstellen und sagen, hey, mach das Offstream noch fertig. Aber ich kann mich jetzt zum Glück ausblenden.
Hört ihr das, Chat? Mir geht's extrem schlecht, John Wong. Wieso denn? Wieso denn? Also, ja, ich sag's jetzt einfach mal ganz allgemein. Ne? Muss auch nicht alles erzählen hier on Stream, ne, im Chat. Aber ich drücke dir die Daumen, dass alles wieder gut wird, ne? Dass alles zumindest wieder besser wird. John Wong. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon von dem, ne? Nur wenn es pressiert, beiße. Ja, also es pressiert jetzt schon ein bisschen. Wir werden noch ein bisschen Gameplay machen nach einem Chat. Das Gutzli muss Stank beißen, das habe ich schon gelesen. Das Glasse hat dann auch viel die geile Struktur, wenn du beißt. Let's fucking go. So richtig einweichen. Einfach so stundenlang schlecken dran. Nascha, mach mal so einen Stream, ob du das machst. Das könnte ein neues Format sein. Glasse oder Eislecken. Kategorie Eislecken auf Twitch. Tun es wieder früher, genau. John Wong, verstehe ich absolut. Verstehe ich absolut, aber darum sage ich, hey, ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das alles wieder gut kommt, ne, mein Guter. Weil, ja, gibt immer so, ja, es gibt immer so Momente, die sind scheiße. Ich habe das auch ein bisschen hinter mir jetzt, so eine Phase, ne? Ich würde jetzt mal behaupten, es kommt immer besser. Und ich drücke dir die Daumen, ne? 2 Biss und weg das Teil. 2 Biss. Ich denke, dass Troilina sich nicht schämen würde, das Glasse zu essen. Die macht alles. Aber die verlangt ja noch ein bisschen Geld, Chat. Dort wird ja noch ein bisschen Geld verlangt. Ja, für jedes Sub ein Biss, ein Schleck an der Glasse. Pro Sub, Chat. Oha, voll der Sturm bei mir. Gerade nass vom nur schnell über eine Glasse gehalten. Ist jetzt eine Glasse gehalten? Jetzt sicher viele Subs, wenn du das machst. Aber wir haben da so Geschäftsideen, Chat. Da entstehen gerade Geschäftsideen. Businessmodell, Chat. Nascha, ich glaube, du musst das mal probieren. Also, nimmst du so ein Glas, dann sagst du, pro Sub ein Schleck. Und ab und zu noch ein bisschen Füssenkamera haben. Sorry. Es passt überhaupt nicht zusammen. Aber einfach noch schnell ein bisschen die Füssenkamera haben. Ja, da regnet es nachher ein Geld. Was ist das beste Garne? Es gibt noch mal eine richtige Antwort. Oh mein Gott. Ja, was habe ich? Ich weiss ja nicht einmal, wann ich jetzt hatte. Ich habe das euch im Coop geholt, Mann. Also ich zeige euch schnell, was ich jetzt hatte. Aber ist es vielleicht Mövenpick? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Mövenpick hat noch gute. Ah, du meinst es so, nicht von der Marke her? Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich sie geholt habe, hat es nur noch Schocke und kein Stracciatella mehr. Sonst hat die auch Stracciatella. Genau. Stracciatella.
So, Chat, wir gehen langsam Richtung Gameplay. Ja? Das ist jetzt das letzte Mal, wo ich auf dem PC noch das Game spielen kann. Nachher muss ich leider den PC weggeben. Ich habe vor 2 Minuten geschrieben mit dem PC, ja, das war mir auch bewusst. Das Leben drückt der immer Scheiß rein. Es geht nicht ohne Scheisse Zeiten im Leben. Die braucht es, dass sie an die Situationen, die dich stark machen. Das ist absolut richtig und wahr. Aber ich meine, wir wissen alle, wie es ist, wenn man mal im Loch unten ist, sage ich mal. Und dann ist es schwierig, das zu sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was alles los ist, ne? Bei den anderen, bei John und so. Aber manchmal ist es schwierig, da ein bisschen das Positive zu sehen, nach vorne zu schauen. Es ist nicht einfach, aber es ist so. Es braucht es auch ein bisschen. Ne? Das macht einem stark. Oder wenn man gewöhnt einfach einen PC und das Leben ist mal schön. Wir gewöhnt auch einen PC. Schwarz hat halt auch den PC gewonnen, oder? Schwarz hat gesagt, ich will jetzt den PC gewinnen und dann hat sie den PC gewonnen. So OnlyFans-Content geil, kann ja das Glasse mit dem Fuß essen. Also ohne Scheiß. Also, ich kenne mich ja nicht aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht aus. Und auch wenn ich ein Mann bin, und ich behaupte jetzt auch mal, dass die meisten Kunden von OnlyFans Männer sind. Und auch wenn ich ein Mann bin, ich fühle das so nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wirklich einfach nicht. Also da mit dem Glasse und Füßen so, da fühle ich ein bisschen. Ja, da fühle ich schon ein bisschen. Aber auch so das OnlyFans-Gedöns, nein. Bananensplit und Stracciatella, beste Corne. Okay, ja, das ist auch geil. Bananensplit. Stracciatella. Möwenpick ist grusig. Oder, ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher. Ich kaufe mega selten Corne, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum kann ich wie auch keine gescheite Antwort geben. Es ist auch immer so Snickers-Glasse und Oreo-Glasse. Hey, Underdogs, wie hast du es? Gute Nacht, Hanno. Schnell Hoi sagen. Hey, Underdogs. Hoi und tschüss. Ja, schön bist du schnell reingeschaut, schön hast schnell geschrieben. Und ich sage dir auch natürlich eine gute Nacht. Mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Jetzt kommt der Dave mit dem Resub. Holy shit. Nimm Geld. Nimm Geld. So schnell das Zeug entsorgen. Let's go. Was ist da noch? Ich muss schnell der Reihe nachgehen. Wenn man im Loch ist und eine scheiß Zeit hat, dann ist es scheiße. Aber wenn man draußen ist, kann man rückblickend eigentlich immer noch mal sagen, das hat es jetzt gebraucht. True. Jetzt schauen wir vorwärts und genießen die gute Zeit noch mehr. True. Wer tut so? Das hast du schön ausgedrückt. By the way, Doubleclick, mein Gott, ja, ich muss mich noch schnell fertig bedanken. Doubleclick, merci vielmals für 15 Monate, danke vielmals für deinen Resub im 15. Monat und deinen Support. Bist du jetzt voll da? Bist du noch unterwegs vielleicht? Ich weiß es nicht. Bist du daheim? Bist du am Saufen? Alles. Bist du auf OnlyFans? Ich weiss auch nicht, was alle mit OnlyFans haben, aber ich kenne Leute, die haben über 2000 Franken in OnlyFans gesteckt, um Content zu kaufen. Aber nein, aber sorry, schwierig, ne? Schwierig. Vielleicht hat es auch Leute, die OnlyFans Abos haben, ich weiß nicht, wie es funktioniert, oder gezahlt haben für irgendetwas. Es soll jetzt auch kein Angriff sein. Aber ich fühle das halt voll. Nein, ich kann das irgendwie wie nicht nachvollziehen. Es ist doch irgendwie schade ums Geld, oder? Also ich denke auch, meine Überlegung ist ohne Scheiß,
Aber ich glaube, OnlyFans, das funktioniert ja so, dass dort irgendeine Person rum ist und man ist halt mega Fan von dieser Person und zahlt dann mega viel für irgendwelchen Content, den die Person dann macht. Für einen? Ich weiss es nicht. Keine Ahnung. Aber da muss ich mal sagen, es gibt doch andere Orte, wo du weniger zahlst und mehr Content bekommst. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Chat. Also, wenn man schon so etwas braucht, dann kommt man doch günstiger an so etwas an. Also, ich weiss es ja auch nicht. Gut, es ist ja auch nicht so, dass OnlyFans per se einfach irgendwie so eine Porno-Plattform ist. Aber es geht ja schon schwer in die Richtung. Aber ich kenne mich einfach auch nicht aus. Ich kann gar nicht mitreden. Kannst du mir eigentlich schon mal Pinball 3D auf dem PC vorinstallieren? Das war dein Comment, Pinball 3D. Danke für die Unterhaltung, ich wünsche noch viel Spaß. Wir hören uns bestimmt wieder. Mach's gut. Hey, Game & Gain TV, ich danke dir, dass du hier dabei warst. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, einen schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Game & Gain. Jetzt muss ich direkt noch gucken, ne? Es ist was gucken hier. Let's go. So, meine Lieben, bin aber auch mal weg. Viel Spaß euch noch. Hey, Nascha, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut und dir auch noch einen schönen Sonntag. Und gute Nacht, Nascha zockt. Hock dich gemütlich hin und rocke in deinen Träumen durch die Stargate. Okay? Mögen dich süße Träume umhüllen, während du durch neue Welten zockst. Schlaf gut, Nascha rockt. Bye bye, tschüss, mach's gut. Hoffe, ich bin beim nächsten Mal wieder ein bisschen dabei sein. Hey, Underdogs. Und so schön. Ich glaube, ich bin noch lange da auf Twitch. Solange es noch Twitch gibt, bin ich noch da. Kein Stress. Kein Stress. Jedem sein Fetisch, Glasse auf euren Füßen. Wow, vor allem stellen wir jetzt gerade Glasse an meinen Füßen vor. Wow, da schüttelt es mich gerade, Chat. Nein, also... Nein. Nein. Oh, also, ich meine... einfach so als eine Glasse am Füßen schreckt mich ab. Also, okay, Themawechsel, let's go. Troy, du tust mich wieder überlesen. Oh no! Troy, Möwenpick hat immer Stückchen drin. Hast du noch etwas anderes geschrieben? Oder ist jetzt da wirklich da, was ich überlesen habe? Tönt wie Freier im Edelpuff. Hast du noch geschrieben? Also das mit OnlyFans, oder was ist es? Auf was ist es bezogen? Aber ja, wir gehen nochmal zurück zum Fetisch. Jedem sein Fetisch, Glasse auf Füße. Also ja, das schreckt mich jetzt auch mehr ab als irgendetwas anderes. Ja. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Klasse. Hey, ich kann mich nicht beklagen, Underdogs, alles gut. Ja, OnlyFans ist halt auch einfach Corn und jetzt habe ich etwas im Auge. Und kein Geschäft läuft so viel wie Porn. Ja, es ist schon so. Es gibt genug gratis Corn da draussen. Ja, gut, das kommt noch dazu. Ja. True. Ja, mal, jetzt habe ich schnell müssen überlegen, aber das ist ja eigentlich schon wahr. Da kommst du ja noch gratis dran. Andere versaufen 2000 Stutz. Ja, aber ich sage, es gibt so viele Sachen, wo man irgendwie kann Geld reinstecken, wo, ich sage jetzt mal einfach aus meiner Sicht halt so ein bisschen unsinnig ist. Aber das ist es genau. Andere versaufen 2000 Stutz. Andere lassen 2000 Stutz auf OnlyFans legen. Wieder andere, keine Ahnung. Man kann ja auch in Games, so Pay-to-Win-Geschichten, so Mobile-Games, oder? Da gibt es solche, die lassen 2000 Stutz liegen. Gibt es ganz sicher. Aber es ist halt alles so, ich finde das mega schade. Wenn man so viel Geld einfach irgendwie...
Aber eben, ich meine, ich will ja nicht urteilen, schlussendlich auch über so Leute. Schlussendlich gilt, ja, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Chef. OnlyFans hat halt die persönliche Note, das zieht man an. Ja, okay, so die persönliche Note im Sinn von, es ist so die eine Person, keine Ahnung. Ich frage mich auch immer, hat man dann so einen Crush auf die Person und dann geht man auf OnlyFans die Person also zahlen, damit man noch ein Bild bekommt. Chat, wirklich, ich habe einfach schon gar keine Ahnung, wie OnlyFans funktioniert, ohne Scheiß. Aber ich stelle mir das auch so vor. Du gehst auf OnlyFans und dann löst ein Abo und bekommst irgendwie noch Bildchen, irgendwie so. Oder Videos, I don't know. Ich nehme an, das ist auch ein Abo-Modell schlussendlich. Du zahlst schon fürs Abo. Okay, also Abo schon, bekommst fast keine Nude-Corn-Witz oder Images. Für die musst du nochmal extra zahlen. Ah, dann musst du noch extra zahlen. Oder sie fragen dich im Chat, dass du für extra Content noch mehr zahlst. Was der Elon hat Twitter gekauft. Also das ist aber schon lange her. Das ist aber schon lange her. Stückchen im Glasse geht gar nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Solange mit deiner Neigung niemandem schadest. Das ist aber noch meine grundlegende Einstellung. Mein Gott, ich will darum sagen, ich will nicht urteilen über irgendetwas. Es ist, macht was ihr wollt, mein Gott. Macht da, wo euch Freude macht. Man lebt ja schlussendlich auch nur einmal. Und solange niemandem schadest, absolut richtig. Jeder muss auch selber auf sein Geld schauen. Und wenn du immer noch genug Geld auf der Seite hast, obwohl 2000 Franken legen auf OnlyFans oder in einem Mobile Game, I don't know. Oder versaufst. Gut, das ist dann wieder ein anderes Thema. Jetzt kommen wir in einen anderen Bereich, der gesundheitlich ein bisschen kritisch ist, aber you know what I mean. Solange ihr niemand anderem oder euch selber schadet, macht, was ihr wollt. Kameras für über 1,2K. Ja, also als Fotograf. Ja, aber das ist dann auch wieder... Also du redest jetzt von dir, oder? Das ist ja dann auch wieder etwas, was du nebenberuflich machst. Das ist dein Business. Also ich glaube, da musst du wieder anders anschauen. Wenn du 1,2K, ich sage jetzt mal, im Monat legen für Kameraequipment, ist das aber für dein Business. Das ist quasi dort eine Investition. Und da ist ja eigentlich... auch dort, mach was du willst, aber das tönt ja sinnvoll. Ich will manchmal schon ein bisschen judgen. Ja, aber so ist der Mensch. Schmarz, ich glaube, so ist der Mensch. Das da bringst du aus den Menschen nicht raus. Aber ich bin der Meinung, ich habe das letzte schon mal tatsächlich mit irgendjemandem über das Thema gehabt, ich bin der Meinung, je erwachsener als man wird, ich glaube, beim Bounce haben wir ein ähnliches Thema gehabt, tatsächlich. Bounce, vielleicht bist du noch da, vielleicht kannst du das bestätigen. Je erwachsener als man ist, desto mehr akzeptiert man auch, was andere machen. Im Sinne von, hey, weißt du was, jeder ist anders, jeder hat andere Vorlieben, jeder tickt ein bisschen anders. Also, sofort judgen macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ein anderer Streamer FIFA-Packs für 20k kauft. Uff, okay. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das ist auch, I don't know. Gut, mir sagt halt das Thema schon gar nicht. Ich kann nicht mit Fußball anfangen, ich kann gar nicht mit FIFA-Packs anfangen. Und 20k ausgeben für so etwas, das verstehe ich jetzt auch nicht. Es gibt auch welche, die ihren ganzen Lohn in Twitch-Abo investieren. Schwierig. Ja, geht's ganz sicher. Absolut. Ich meine,
Ich glaube, ihr alle, ihr alle haben irgendwie, oder die meisten von euch haben irgendwann ein Abo. Und ich habe ja auch bei einigen Leuten ein Abo, aber ich muss echt amigs mal wieder so ein bisschen räumen. Dann schaue ich mal wieder, hey, bin ich dort überhaupt regelmässig? Streamt die Person überhaupt noch regelmässig? Und dann tue ich amigs wieder so ein bisschen Abos canceln, aber zum Teil löse ich sie dann auch wieder eine Woche drauf neu. Aber ich glaube, dort muss man schon einfach auch ein bisschen Kontrolle haben, wie viel hat man überall abonniert, wie viel Geld lässt man liegen. Und sich vielleicht auch einfach so sagen, hey, da ist das Limit. Keine Ahnung, ich gebe, sage jetzt einfach mal 100 Franken aus im Monat für Twitch. Und teilen die 100 Franken endlich auf und supporten die Streamer damit. Aber ja, der ganze Lohn natürlich dann auf Twitch rein abonnieren, ist schwierig. Ja, ich meine, man muss ja schliesslich auch noch irgendwie das Leben finanzieren, oder? Ein Ami hat einer über 10k gegiftet und dann denkt sie hätten eine Beziehung. Oh no. Ja gut, das ist dann da, dort kommt dann so die verdrehte Ansicht drin. Also die, ich weiss nicht, halt, das ist mega schwierig. Ich kann mich fast nicht in so eine Person hineinversetzen, aber das ist ja die Leute leben ja in einer Fantasie, in einer absoluten Fantasie-Traumwelt und haben eben so die verdrehte Ansicht von etwas. So für 10k reingiftet. Also Chat, wenn ihr bei mir jetzt 10k reingiftet, dann haben wir keine Beziehung, Chat. Einfach, dass es gesagt ist. Und PB ist... No, this is not a gay fetish show, PB. It was actually, fetish was a topic, like a few minutes ago. It was a topic which we discussed in chat. Und Patata, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello. Und Grüße nach YouTube, euch beiden. Auch Karls, gehst du schlafen? Ich muss mal schnell schauen, wo ich bin. Ich gehe mal schnell im Chat durch, dass ich nichts überlese. Ja, vollkommen, da wird mega die parasoziale Beziehung geschafft. Ja, das ist halt schon Straub. Also das finde ich auch wirklich schwierig. Also es ist halt so... Und dann lässt man Geld liegen, oder? Und... Ja. Wenn der Elon Twitch kauft, was machst du denn? Gut, Schluss. Also ich würde jetzt Twitch nicht irgendwie quasi meiden oder mich abmelden, nur wegen dem, aber ich hätte Angst, dass es den Berg durchabgeht. Schlussendlich ist mir egal, wer Twitch in der Hand hat. Aber Twitch soll einfach so, ich sage jetzt mal so bleiben, wie es ist, vielleicht eher besser werden als schlechter. Und die Leute sollen bleiben und die Community soll gleich bleiben und so lange bin ich dabei. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt Elon Twitch kauft. Macht das Sinn? Ich glaube es nicht. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Ich glaube auch bald mal Zeit für mich ins Bett zu gehen. Hey, für mich ist es Zeit, mal ein Gameplay. Hey, es ist 3 und ich bin auch nicht mal im Gameplay. Chat, what are we doing? What are we doing? Hey. Aber es ist halt mega interessant, mit euch ein bisschen zu chatten. Für IRL und Arbeit, ja. Aber dann ist es ja noch mal etwas anderes. Aber gleich musst du deine Kosten auch im Griff haben. Ob es jetzt Business ist oder privat. Oder dann auch beides, logischerweise. Als Einzelfirma. So, demnächst geht der Karls ins Bett, gerade nach dem Geräusch. Das war jetzt ein guter Timer. Holy shit. Hey, Karls, dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Da war das Geräusch. Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Lord God Thunder! 2 Einstellhallen-Abos. Ja, jetzt aber. Aber
eigentlich das auch nicht wirklich, sondern mit zur eigenen Belustigung. Eigentlich ist es mir auch wurscht. Also weißt du, judgen, wenn man das Geld für gewisse Sachen ausgibt. Aha. Ja, ich weiss, was du meinst. Aber das ist wirklich auch das, was ich meine. Es ist in der Natur des Menschen. Aber ich glaube, da ticken wir in dem Fall auch eigentlich ähnlich. Irgendwie so ein bisschen judgen, ja, aber eigentlich nicht wirklich judgen. Abos sind extrem gefährlich im Allgemeinen, weil man eigentlich vergisst man sie und dann ist es tschüss, mein Leben, gell? Ja, absolut. Abo-Modell ist, vor allem jetzt inzwischen ist ja alles, ist gefühlt alles ein Abo, alles. Und ich weiss gar nicht, wie viel Abos ich am Laufen habe. Aber wahrscheinlich etwa 5-mal so viel, als ich denke. Good bloody night, the heck I go flutter, stocking, sleeping. Lord God, pillow, have mercy on my snoring. My snoring. Hey, Coles, mach's gut. Bye bye, tschüss. Hey, ich werde zugeben, dir absolut recht. Gibt es bei 10K noch kein Röseli? Bei 10K mal da fahre ich da treffen wir uns in Stanz und ich nehme noch das Röseli mit. Dann fahre ich mit der ÖV nach Stanz. Darum denke ich, den würde ich gerne unterstützen, kann aber nicht, weil ich nicht so viel zum Investieren habe. Aber also ich sage, der Troy, sage ja immer auch, wenn ich nochmal schon euren Namen lese, dann ist das eine riesen Freude. Und ich brauche nicht mehr Support. Wirklich nicht. Also, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr jetzt zum Beispiel mich nicht könnt supporten oder nicht abonnieren auf Twitch. Also wirklich, wirklich, habe ich kein schlechtes Gewissen wegen dem. Und wenn man nichts auf der Seite hat, zum eben quasi unterstützen, dann ist es so. Und jeder Streamer, also ich kenne ja keinen einzigen Streamer, der dann irgendwie sagen will, wieso abonnierst du mich nicht? Er gibt sicher auch solche, aber dann einfach direkt unfollowen. Tschüss, bye. So solche Leute brauchen wir nicht, finde ich. Die irgendwie der Meinung sind, die Zuschauer müssen jetzt abonnieren. Dann fragen wir anders, wie viel willst du für eine Beziehung? Eine Beziehung ist nicht bezahlbar, Smoker. Das ist meine Meinung. Also eine Beziehung, gut definiert Beziehung. Eine finanzielle Beziehung hätten wir dann wahrscheinlich. He? Aber so eine richtige Beziehung im Sinne von, man ist zusammen und so, nein, kann man nicht zahlen. I can speak English. It is not my main language. What you hear is actually Swiss German, one of the 4 languages spoken in Switzerland, where I am from. Where are you from, PB? Hast nicht mal zocken, True. Dipshit. Das haben wir schon gehört. Ich bringe mal einen Kaffee oder so, mache ich halb lieber als ein Abo. Hey, und by the way, ja, den Kaffee hast du noch einmal eingelöst. Ich warte noch ein bisschen, Schmarz. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Im Notfall gebe ich dir die Punkte retour. Weil jetzt nach dem Glas brauche ich irgendwie so ein bisschen eher Wasser als einen Kaffeetrink. Habe ich gemerkt. Und sonst dann während dem Gameplay, wenn wir noch reingehen, hole ich mir dann noch einen. Nicht bezahlbar und für alles andere gibt es Mastercard. Let's fucking go. Einfach noch schnell Werbung gemacht für Mastercard. Ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Sugar Daddy suchst. Ich suche doch keinen Sugar Daddy. Clue, come on. Er ist nachher mit dem Chat. Chat? Hä? Smoker hat halt recht. Ja, voll während dem Gameplay nächsten Sonntag dann. Chat, jetzt, ich weiss nicht, was das für ein Problem ist.
This is as far as we have ever been able to get. Lucy, es gibt jetzt Gameplay. Und Lucy, schön, dass du hier bist. Lucy, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? So. Let's do this. Chat. Wir gehen noch ein bisschen rein ins Gameplay. Haben wir Ton? Ihr hört auch keinen Ton, oder? Verdammt, habe ich keinen Ton. Ach, das sind jetzt wieder die Struggles, die ich habe, Chat. Die Struggles. Struggles sind real. Wieso habe ich keinen Ton? Ja, Chat, ich muss schnell schauen, wenn ich das anbringe, dass ich Ton habe. Nein, jetzt. Also, wieso bin ich. What the fuck? Chat, ich habe alles neu eingestellt, ich habe eine neue Capture Card und ich bin komplett verwirrt jetzt, logischerweise. Hey, wieso. Chat, ich mache wieder Musik rein. Holy shit. Ich habe es nicht im Griff. Jetzt ist aber Ton gekommen. Hey, jetzt hören wir Ton. Ton! Ich komme nicht raus, Chat. Ui, das habt ihr jetzt gehört, oder? Das hört ihr jetzt, Chat. Das hört ihr, 100 Pro. Okay, ich glaube, wir haben Ton. Ui. Die asiatische Definition von Beziehung, speziell die chinesische, wer am meisten Geld hat, ist der beste Freund. Ja, schwierig, okay, aber ja, ist natürlich auch wieder andere Kulturen und so, aber ja, ist halt, finde ich, echt schwierig. Ja, dann ist auch die Definition von Freund oder von einer Freundschaft ganz, ganz komisch oder auf wackeligen Beinen, sage ich jetzt einmal. Also Freundschaft an sich. Hey, Simple, let's go. Der Simple kommt halt, wenn Gameplay startet. Simple, wie geht's dir? Wie geht's dir? Geht's wahrscheinlich noch kurz vorbei. Ich habe gerade 9 Stunden PoE2 hinter mir. Okay, Lucy. Let's go. Ich hoffe, erfolgreiche 9 Stunden. Aber schön guckst du kurz rein. Ich muss Punkte nicht zurück, kann er auch was Wassersponsor Hauptsache es wird hydriert mit irgendetwas. Habe ich mir angewöhnen, by the way. Habe ich mir wirklich angewöhnen. Ein bisschen mehr trinken. Der liebe Hamster-Sound hat mir gesagt, Troy, trink mehr. Ist der Hamster-Sound noch hier? Der hat gesagt, trink mehr. Und seitdem trinke ich mehr. Hast du ein Pausenmenü auch Ton? Ich habe das Gefühl, es wäre Ton rum gewesen. Ich habe noch einen Ton gehört, als ich raus bin, aber egal. Ja, jetzt haben wir Ton. Sound ist da, let's go. Gameplay genau richtig, let's go. Ich freue mich auch aufs Game FPC Firebreak. Was ist FPC Firebreak? Ohne Scheiß, FPC ist für mich Federal Bureau of Control. Das ist auch Alan Wake, FPC. Hey, ich kann mich nicht beklagen, Simpel. Alles gut, danke der Nachfrage. Das ist da Freundschaft, Troy. Darum war meine Mutter früher immer los gewesen. Travolta, weil das mit dem Geld halt nicht funktioniert. Oha.
Federal Bureau of Control. Ist es Federal Bureau of Control? Firebreak? Oh mein Gott, das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, Chat, ich würde sagen, wir machen jetzt da direkt, wir gehen da rein und machen direkt Action. Was zum... Von wem das? Hey, du siehst, wie viel mag der verleiden? Jetzt machen wir auch mal Ich werde jetzt hier mit Action starten. I don't fucking care anymore. Shit, Mann. Vielleicht triffst du nächstes Mal. Jetzt. Okay. Gut. Einfach schnell, ich habe es schnell gebraucht, Chat. Ich habe es schnell gebraucht. Und ich brauche es nochmal. Bitte, ich muss es nochmal machen. Come on. Ich muss es nochmal machen. Jetzt steht er nicht mehr da. Kokain. Ich schiesse dem in den Kopf rein. Und er liegt aber nicht direkt ab. Ist interessant nebendurch, Chat? Woher kommen Sie denn? Das ist nicht lustig! Deckung! Du da drüben, triffst du nicht! Oh shit, das ist noch einer gekommen, Chat. Nein, wir müssen das anders angehen. Ich weiss, jetzt einfach ein bisschen rumballern. Lautstärke ist für euch in Ordnung, Chat, sonst sagen sie, wenn es irgendwie jetzt laut ist. Das ist wieder eben das ganze Setup jetzt mit der Verbindung ist neu. Hey Specko, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Gute Nacht, liebe Steampunk-Lady. Möge deine Nacht so mysteriös sein wie eine geheimnisvolle Truhe voller Cosplay-Accessoires. Träume süß von fantastischen Abenteuern und melodischen Klängen deiner Steampunk-Gitarre. Hey Specko, schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir ganz eine schöne Nacht und einen guten Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, jetzt müssen wir das anders angehen. Holy shit, Mann. Was ist überhaupt unser Ziel? Ausblenden hier. Was verfolgen? Da müssen wir da über. Bist du ein bisschen müde? Schlafi. Bye bye. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Hui. Ja, wir sind gerade. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich richtig sind. Wir müssen dort über. Gehen wir mal unten durch den Chat. Was noch war, ist der Goat. Den haben wir jetzt nie geholt letztes Mal. Shit. Jetzt geht es hinkommen. Wir essen schnell ein paar Kekse. Das ist gut. Ups. Ja, das ist mega doof. Mega doof. Pickabo. Da können wir alles looten, Chat looten. Irgendetwas. Alles dafür, die Steine zu finden. Verband. Hey! Loot! Jetzt
Zweimal bist du ja schon gestorben. Das war nur jetzt zum Einwärmen. Ich habe schnell ein bisschen Action gebraucht. Weil es ist halt in diesem Spiel ist so viel Umschleichen angesagt, dass ich manchmal halt wirklich vermisse, einfach ein bisschen rumballern. Aber es macht natürlich... Nein, da macht jetzt keinen Sinn, dass ich das mache. Weil wenn schon, dann tue ich mich richtig verteidigen. Ein bisschen Lärm machen und so. Dort hin muss ich. Was? Komme ich da nicht rein? Schwierig. Scheiße, Mann. Ja, das wird nichts, Chat. Ich weiss es. Ich säckle nicht, sag ich mal. Das ist da, wo mich in diesem Game ein bisschen angurkt. Das verdammte Umschleichen. Wenn du rumballern musst du andere Spiele spielen, zum Beispiel Black Ops 6, Death Incoming. Ja, ich habe jetzt keinen Ausweg mehr gesehen und dachte, jetzt scheisse ich. Aber eigentlich im Grunde genommen, ich habe mir jetzt gerade überlegt, die Waffenzahl macht eigentlich nicht so gross Sinn. Weil ich mache ja direkt einfach Lärm mit dieser Waffe. Aber dann würde ich sagen, gehen wir hier über wieder. Nein, oh, what the fuck? Bin ich geduckt? Kommt jetzt da einer nicht? Gehen wir klauen ein bisschen Geld. Ich nehme jetzt hier gleich mal den Stock mit. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Ein Band. Oh shit, der sieht mich. Hast du da nicht mehr so geile Sachen, um einfach durch den Kopf einschlagen? Ja, mal, ich habe jetzt da wieder etwas mitgenommen. Ich könnte da rauf, bringt mir das etwas? Das bringt mir, glaube ich, nichts. Ausser, mal, das ist es. Ich glaube, dort drüber müssen wir, oder? Ich bin da zwar schon recht in der Nähe. Was machst du für Geräusche, Andy? Da über muss ich. Ich glaube, das wär nicht schlecht. Dort rauf wupseln. Scheiße. Bye bye. Bye bye. Ich gehe hier rauf. Lass mich in Ruhe. Es ist auch wieder Action, Chat. Es ist halt auch wieder Action. Holy fuck. Dann nehme ich mit. Früchtli. Und wir gehen. Bye bye. Sie haben mich abgeschossen. What the fuck, Mann? Scheiße, Chat. Ich will doch nicht. Ich will doch nicht sterben die ganze Zeit, Mann. Fuck, also gehen wir zuerst rauf. Der darf uns aber nicht sehen. Gesundheit. Mal schnell schauen, ob der Plan aufgeht überhaupt. Nein, das... Okay. Und der dort über. Ich schmeiß jetzt das auch schnell da rüber.
Gar nicht auffällig, Chat. Gar nicht auffällig. Das hat niemand gesehen. Der kommt jetzt nicht da schauen, oder? Dort über muss ich. Kein Zutritt. Halt mal. Was war das? Hab ich nicht. Ich will da weg, Mann. Hey, das ist zum Kotzen nie. Kontrollpunkt laden, Chat. Aber das ist eigentlich, es war nicht Verkehr, was ich jetzt gemacht habe, Chat. Es war nicht Verkehr, auf und über. Aber dann muss ich noch ein bisschen weiter rein. Was verfolgen. Du siehst mich nicht, du siehst mich... Nein, please. Okay. Okay, ich habe Glück gehabt, Chat. Ich habe Glück gehabt. So, jetzt tue ich aber zuerst noch essen. Ja, noch ein bisschen die Luft rausschlagen. Let's go. Dort über müssen wir. Wir probieren das jetzt einfach. Das ist nah genug. Erbärmliches Weichei. Nein, jetzt hat es nicht geklappt. Komm ich da nicht durch, verdammt. Ich hab was gehört. Ah, shit, wo bin ich denn? Jetzt gehe ich mal aufs Dach rauf. Oder auch so weit rauf, wie ich komme. Das könnte vielleicht noch klappen, I don't know. Wo muss ich hin? Da über? Chat, ich muss da über? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Das war mal ein geiler Move. Dauert das noch? Das ist ein gründlicher Mensch. Wir bleiben so lange wie nötig. Mich macht nur die Hitze etwas fertig. Gewöhn dich dran, Soldat. Vielleicht ist da drüben. Nur der bußfertige Troy wird bestehen. Let's go. Okay, aber ich war jetzt selber ein bisschen erstaunt, dass das so gut funktioniert hat. Zuerst müssen wir Loot-Check machen. Ja, da brauchen wir jetzt gerade nicht. Was ist denn da nochmal? Ist da ein Dude? Oh nein. Oh, wird von der anderen Seite geöffnet, also gut, Chat. Unter uns ist jemand zu hören. Klingt. Woher kommt sie jetzt eigentlich? Da macht jetzt nicht viel Sinn, dass sie jetzt plötzlich auch noch da ist. Sie sagten, Sie würden ihn verhören. Er ist tot. Ich habe ihn verhört. Er hat nichts gesagt. Also ist er jetzt tot. Ich habe Ihre unglaubliche Unfähigkeit aus Respekt zum Führer toleriert. Aber das hier, das grenzt an Hochverrat! Mir untersteht die gesamte Wehrmacht! Ich könnte sie hier und jetzt erschießen und keiner würde es hinterfragen! Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Oha. Faszinierend. Wo waren die Affengeräusche? What the fuck? Haben Ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen.
okay, aber der Sieg ist so, der ist so ein guter Bösewicht, Mann. Was passiert, Chat? So, ich wünsche mal viel Spaß beim Zocken. Ich gehe jetzt mal Sektion 31 schauen. Let's go, Klo. Hey, merci für den Lurk-Support. Schön, bist du da gewesen. Und Klo, mach's gut. Schönen Sonntag noch. Bye, bye, tschüss. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstille zu öffnen. Und Sie, Oberst Ganz, haben ihn getötet. Chat, ich muss nochmal schnell rein, ist wieder in die Optionen rein, weil ich glaube, mit dem neuen Setup muss ich da wieder auf Default gehen, zurücksetzen. Yes, please. Der Lautsprecher. Ich glaube, wir machen da schnell in den Nachtmodus. Das ist eigentlich immer gut. Den Streamer-Modus müssen wir auch wieder haben. Wobei, der Blackjack hat mir gesagt, er hat den Streamer-Mode nicht drin. Schwierig. Wir nehmen für heute mal den Streamer-Mode raus. Dann haben wir die ganze Musik. Finde ich irgendwie noch geil. Wollen Sie das wieder gut machen, Sie Schimpanse? Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus heiterem Himmel auf den Kopf. Sind wir jetzt runtergefallen? Oh, geil. Hi. Indiana Jones. Was tun Sie hier? Wollte mal vorbeischauen. Ich war am Looten. So sieht man sich wieder, Indiana. Ich habe unsere Gespräche vermisst. Kann ich nicht behaupten. Bewach ihn. Wo ist Dr. Lombardi-Foss? So, tun wir looten. Looten. Die Ähnlichkeit ist offensichtlich. Sind Sie extra hergekommen, um Sie zu retten? Der Schlittermann. Da wird einem ja warm ums Herz. Oh, da ist noch etwas zum Looten. Ich sollte sie direkt umlegen. Du hast sie direkt in den Vatikan geführt. Und was hat Sie hergeführt, Dr. Jones? Sagen Sie nichts. Eine Frau, nicht wahr? Es geht doch immer um eine Frau, oder nicht? Das ist lächerlich. Sie haben mir das Herz gebrochen, oder, Dr. Jones? Und warum? Hatten Sie Angst davor, ein Ehemann zu werden, ein Vater? Oh, Sie hatten Angst, wie Ihr Vater zu werden. Ui. Spielen Sie nur Ihre Spielchen, Voss. Auf mich zielt keine Waffe. So, Rest noch schnell anschauen. Was haben wir da? What? Rituelle Blendung. Eine Form der Selbstgeißelung. Oder ein Opfer für die Erleuchtung. Ich sollte ein Foto von dem Tattoo machen. Foto. Ähnelt ägyptischen Hieroglyphen, doch. Ja, sagen Sie mir Ihre Expertenmeinung, Dr. Jones. Etwa archaisches Sumerisch. Das ist keine Keilschrift. Und doch sieht es mehr aus wie Silbenschrift, nicht Abjad. Interessant. Ganz klar ein repräsentatives Zeichen. Sind Sie blind? Schon richtig, doch wie erklären Sie sich dann die Dreieckslinien? Ist der so am Schwitzen, dass dem die Tropfen über die Brust laufen? Das hier übersteigt Ihren Horizont. What the fuck? Archaisches Sumerisch kam Jahrhunderte vor den ersten Hieroglyphen. Sie... Das ist adamitisch. Stimmt doch. Adamitisch? Es heißt, adamitisch war die erste Sprache, die Gott den Menschen gab.
Das muss es sein, was Ihre Schwester erforscht hat. Wo ist Laura? Sie sollten sich selbst fragen, wer Laura ist. Sagen Sie, wo meine Schwester ist. Also bitte, Sie missachten das Lex Parsimoniae. Bei jeder ist die einfachste Theorie vorzuziehen. Ich pfeife auf Ihre Theorien. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist, bevor ich schieße. Sie nehmen an, dass sie sich mir nicht aus freien Stücken angeschlossen hat. Und Sie nehmen an, dass sie will, dass Sie sie finden. Dabei müssen Sie doch nur davon ausgehen, dass sie da, wo sie ist, glücklich ist. Und für mich arbeitet. Nein! Ui. Nun, da ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit habe, können Sie gern fortfahren. Oh shit, oh nein, der Dude. Uff. Oh geil. Ich habe schon viele wie Sie getötet. Das ist so geil. Oh. Okay, ich finde es auch immer noch mega nice. Der Humor, der halt drinnen ist, echt gut, echt passend. Sie haben mir das Leben gerettet. Bitte, Sie Oberst. Ich leiste immer mein Dienst fürs Vaterland. Dennoch stehe ich in Ihrer Schuld. Tun Sie mir einen Gefallen. Versammeln Sie die Männer, rufen Sie die Knochensäger und legen Sie diese Eindringlinge in Ketten. Knochensäge? Ich habe eine bessere Idee. Geil. Haben wir jetzt beide miteinander verwünscht? Falls, Gott bewahre, alles in Rauch aufgeht, ist der Weg zurück abgeschnitten. Dann bleibt nur dieser Tunnel als einziger Ausgang. Ich warte dort. Falls Das ist auch wieder mega geil vom Storytelling her. Endlich erklärt sie immer noch, was der Plan ist, aber während sie den Plan erklärt, sind wir ja schon eigentlich alles am Machen. Mega nice. Na los, wir müssen hier raus. Finde ich mega kreativ. Was ist denn da so? Finde ich mega kreativ für ein Spiel auch. falls Sie aufwachen. Wir müssen den Ausgang finden, den Naval erwähnt hat. Ja, kommst du denn jetzt mit oder bleibst du da? Bleibst du da? Also, ich kann mal ein bisschen schauen, gell? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, Chat. Das haben wir letztes Mal eben schon gehabt, dass sie auch dort steht. Oh! Der kommt nicht rein, oder? Was ist das? Savages Brief. Geschätzter Doktor Voss, obwohl ich für die Gelegenheit, Ihre Arbeit in Gizeh unterstützen zu dürfen, außerordentlich dankbar bin, muss ich gegen die rücksichtslose Art und Weise protestieren, in der die Ausgrabungen vorangetrieben wurden. Ich empfinde diese unbeholfene Stümperei als geradezu beleidigend und beantrage deswegen für meinen Assistenten und mich die Rückreise nach London. Sollten Sie sich weigern, wären wir gezwungen, uns an die britische Botschaft in Kairo zu wenden. Sie möchten sicher vermeiden, dass Sie in Ihren Offizierskreisen als diplomatischen Zwischenfall bezeichnen. Aha, okay. Ja. Einsam, let's go. Mit Vernunft kann man Voss nicht kommen. Kommst jetzt du mit? Und der andere sagt,
Was ist da los? Ich weiß wirklich nicht, ob das ein Bug ist. Oh, Hammer. Nein, Hammer. Nein, ich will den Hammer. Verschlossene Zelle. Oh, okay, das ist immer besser als ein Hammer, Chat. Jetzt müssen wir hier über. Komme ich denn da durch? Da komme ich gar nicht durch. Ich habe wirklich langsam das Gefühl, das ist ein Bug. Was war das? Wird woanders geöffnet, interesting. Hey, aber das kann es ja jetzt nicht sein, dass ich da nicht weiterkomme, oder Chat? Da rauf könnte ich vielleicht noch. Es geht so aus, als würde sie gerne ein paar aufs Viertel haben. Ja. So, ja. Yeah. Das von da her. Ja, und. Mist. Und nun? Es hat nichts gebracht. Jetzt ist es noch kaputt gegangen. Oh nein, da ist es nicht. Nein, aber ohne Scheiß im Fall. Ich komm nie nicht hin. What the fuck ist jetzt los? Ey? Weil sie kann ja eigentlich Türen öffnen. Ich habe das Gefühl, sie ist verbuggt. Und der Chat kennt das Spiel jemand und sagt, nein, Troy, es ist alles gut, du hast es auch noch nicht herausgefunden. Weil ich komme nie durch. Ich komme da nicht raus. Ich kann hier nichts machen. Ich komme da nicht rein. Da steht, wird woanders geöffnet. Die Sonne blendet so. Ich glaube, Chat, wir müssen aufhören, oder? Da müssen wir aufhören. Kann ich dir etwas anbieten zum Essen oder so? Oder wieder auf? Kann ich sie heilen? Ist das möglich, dass ich sie heilen kann? Ist sie einfach verwundet? Hä? Aha. Nein, ich will. Nimm doch da mal. Nimm das. Chat, help me. Ich weiss wirklich nicht, was los ist. Was ist das? Kann ich euch anschauen und nachher gibt es Alarm. So. Das klang merkwürdig. Fucking hell, Chat. Was zur Hölle war das? Jetzt nervt es wieder langsam. Ich mache mal Kontrollpunkt neu laden. Aha, soll ich mal Flaschen rühren? Meinst du, das ist die Idee, dass sie aufmachen müssen? Aha, so weit habe ich jetzt gar nicht überlegt. Aber okay, ja, kann sein. So, oh. Kommt mal da rein.
Ja, alles gut. Ich bin froh um so Ideen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe langsam das Gefühl, es ist verbuggt. Wir müssen den Ausgang finden, den Naval erwähnt hat. Oder... Nein, aber das ist jetzt nicht euch Ernst. Das habe ich vorher nicht können. Also, Chat, ihr habt es gesehen, das war vorher keine Option, dass ich aufmachen kann. Kann ich denn da jetzt auch aufmachen? Das war keine Option. So. Ja, Bert, I'm so sorry. Ich habe halt nicht gewusst. Und es ist verschlossen, ich kann ja gleich nichts machen. Bert, hast du das Spiel gespielt? Was muss ich da machen? Bert, wie hast du es? Alles gut? Jetzt geht es weiter. Nein, alles gut. Wir haben vorher einen Bug gehabt. Ich konnte das nicht machen. Sie macht aber jetzt auf. Alles gut. Jetzt tun wir säckeln. Oh. Aha, okay. Ah. Oh, holy fucking. What the fuck? Ein bisschen sliden. COD. Oh, aber... War das jetzt gut, oder? Okay. Das ist alles gescriptet, Mann. Nein, ich warte ja darauf, dass ich bebrockten PC gehen und endlich spielen kann. Hast du mitbekommen, wer ihn gewonnen hat? Er ist schon weg. Und es ist jemand von der Community, der nicht gewonnen hat. Also ich kann dir sagen, Schmarz hat den PC gewonnen. Also leider, Bert, bist es du nicht. Du bist nicht der Auserwählte. Ein Schmarz hat sich den gegönnt. Also hat es Glück gehabt. Ja, voll. Es ist schon mega Zufall. Es sind irgendwie 800 Teilnahmen gewesen. Und von diesen 800 sind eigentlich so ein eher kleinerer Teil Leute aus der Community. Also aus unserer Community. Und es war tatsächlich dann auch Schmarz gewesen, wo wir gezogen haben. Und mehr Jungfrau, Mann, grüezi, moin, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ja, Bert, was ist denn der Plan B? Willst du einen neuen PC kaufen? Neue Grafikkarte? Oder an was liegt's? Wo muss ich da, Chat? Alles in Ordnung, Dr. Jones? Sie hätten uns töten können. Ja, Mann. Ich musste verhindern, dass die Nazis uns folgen. Wo ist Gina? Gina! Gina! Wo sind Sie, Gina? Gina, ruf, wenn du uns hörst! Das hat Schmarzli verdient. Ey, absolut. Hallo? What the fuck, Leute? Dr. Jones, ich bin hier. Ja. Naval, geht es dir gut? Ich bin hier. Gina, wow. Findest du einen Weg da raus? Glaube schon. Hier ist alles Hey, das Spiel ist echt nice. Es ist echt nice. Ne? Also, auch der Humor. Der Humor kommt halt mega gut an. So, das ist halt der typische Humor aus den Indiana Jones Filmen. Und das haben sie sehr, sehr gut integriert. Das gefällt mir echt. Und Chemo, welcome back. Da ist er wieder, der Chemo. Was hast du so getrieben? Plan B ist warten. Also okay. geh einfach im... Aber du hast, Bert, du hast einen PS5. Und dann würde es ja noch Sinn machen, dass du vielleicht auf das PS5 Release wartest. Weiter geradeaus! Dr. Jones und ich suchen einen anderen Weg hinaus. Passt auf! Wir sehen uns im Zelt. Wieso schreien eigentlich alle um, Mann? Können wir nicht normal reden da? Hier drüben ist ein Ausgang. Sind immer alle am Umschreien?
Ah, Gemma, let's go. Hast du einen guten Stream gehabt? Und was hast du gestreamt? Oder hast du das sogar noch gesagt? Was hat es gegeben? Das war nicht schlecht gewesen. Das klingt doch gut. Mögen Sie sie, Dr. Jones? Wen? Gina? Klar, so sehr wie ein Tritt in den... Gesundheit. Gesundheit. Oh, haben wir jetzt wieder so Rätsel? Haben wir jetzt wieder so Rätsel? Schmeck mal dran, schmeck mal dran. Kein Laut. Ja, aha, Gegenstandsmaximum erreicht, okay. Haben wir das da? Das können wir sicher brauchen. Nein, aber vielleicht gibt es bald eine neue Grafikkarte. Also... Würdest du in dem Fall so eine 50er-Serie-Grafikkarte kaufen? Ich möchte ungern Games, die für Konsolen und PC gibt, mittlerweile auf Konsolen spielen. Ja, fühle ich absolut. Ich bin aktuell auch dran, viele Sachen am Replayen auf PC, die ich auf Konsolen gespielt habe. Okay. Scheiss auf 50er. Ja, wir haben es eben heute ein bisschen davon gehabt. Es muss ja nicht ein 50er sein. Jetzt kommst du ja auch günstiger an, sagen wir mal, die älteren Serien, vielleicht auch gebraucht und so. Das ist natürlich auch immer eine gute Option. Ich hab Staub in den Augen. Was ist jetzt wieder los? So, was ist unser... Den Tunnel verlassen, das haben wir jetzt gemacht. Aha, da über. Also irgendetwas fotografieren. Ja. Sieht wie der Eingang zu einer Art Tempel aus. Wird von der anderen Seite geöffnet. Ja, ist ja gut. Haben wir da noch irgendwie Loot? Loot. Oh, let's go. Let's go. Oh, let's go. Die Asse. Wir leben noch. Ich erkenne das von der Karte. Hier müssen wir durch. Habe ich es jetzt gedroppt? Aber pressiert nicht mit dem Indie. Ich habe noch genug in der Pipeline. Das kenne ich. Ich kann also den PC noch in Grund und Boden zocken. Ich bin nicht so eine Grafikhure. Ja, same. Und ganz ehrlich, heutzutage macht es doch irgendwie auch fast keinen Unterschied mehr. Klar, wenn man jetzt vergleicht Ultra und absolut Low, ja, dann siehst du schon den Unterschied. Aber ich sage jetzt mal, wenn du irgendwie auf Medium spielst, ist es nicht viel schlechter, als wenn du irgendwie auf das höchste Level gehst. Medium läuft ja noch häufig sehr gut auf auch älteren Systemen. Übrigens, Jamo, du hast noch gesagt, COD Warzone. Ja, haben ihr den Win geholt? Haben ihr den Win geholt, Jamo? Was hat sich ins Zeug gelegt? Sag jetzt nicht nein. Das Idol des Ra. Der Durchrieb muss von hier stammen. Meinen Sie nicht auch? Das entstand in der Zeit von Tutmosis dem Chat. Vierten. Da ist ein Loch in der Wand. Nach Cheops. Hallo, mein Schätzchen. Oh, oder gut. Schauen Sie nur, Dr. Jones. So eine Süße. Bin eher der Hundetyp. Schlangen ist nicht so im Indices. Was steht da? Die Wächter schworen, das Geschenk der Götter und das Vermächtnis von Cheops zu schützen. Das Idol ist das Geschenk. Wächter. Riesige Wächter. Nephilim-Orden. Der Nephilim-Orden arbeitet mit den alten Ägyptern.
Dabei hat er selber eine Schlange in der Hose. Tausende Jahre vor dem Aufstieg des Christentums. Geil. Allein die Wächter tragen den Schlüssel zum Enigma von Harem-Achet. Horus des Horizonts. Verehrte Harem-Achet. Der Sphinx. Und öffnet den Weg zur Zuflucht. Ein Verweis auf die Traumstele. Danach muss Voss gesucht haben, wie man die Traumstele aktiviert. Nicht aktiviert. Löst. Es ist kein physischer Schlüssel, sondern das Tattoo. Tattoo? Die Traumstele ist verschlüsselt. Das Tattoo der Nephilim, der Wächter, muss der passende Dechiffrierschlüssel dafür sein. Voss hat ihn die ganze Zeit vor der Nase. Jetzt muss ich nur noch der Sphinx einen Besuch abstatten. Let's go. Kommen wir da noch schnell hin? Eine verlorene Stadt der Maya. Da findet man spannende Dinge. Ich liebe Südamerika. Chat, Mann. Aber hey, wie geht's? Highlight vom Abend bis jetzt? Uff, oh, jetzt aber Highlight vom Abend bis jetzt. Das ist gut zu überlegen, ne? Hat ein paar, ich glaube schon ein paar Highlights gehabt, Chat. Was war ein Highlight gewesen? Ja, wir haben diverse gute Themen gehabt. Ich glaube, wir haben eigentlich so ein bisschen eine tiefe Beziehung über das Thema Beziehungen gehabt. Auch so Beziehungen und wie eine Beziehung so ein bisschen sein, I don't know, so ein paar Meinungen dazu. Und das habe ich noch recht cool gefunden vom Thema. Verficken. Eigentlich ist es dann nicht um das gegangen, sondern wirklich so alles neben dem Ficken. Hey, Smoker, Mann. Mögen deine Träume so bunt sein wie deine Socken und so unterhaltsam wie ein Film mit Will Smith. Schlafe gut und bis bald. Hey, gute Nacht, Smoker. Schön, dass du dabei warst. Was hast du noch geschrieben? So, lieber Chat, ich gehe jetzt da mal ins Bett, wünsche euch allen noch und im Troy gute Nacht und noch einen schönen Sonntag. Hey, das wünsche ich dir auch, Smoker. Schön, dass du dabei warst. Auch dir einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Smoker, es tönt jetzt komisch, aber ich wollte die WhatsApp-Bildchen anschauen. Aber für das müssen wir ja auf WhatsApp, you know? Da müssen wir doch eine Beziehung haben auf WhatsApp, oder nicht? Da war ich ein bisschen verwirrt. Ich habe nicht so richtig gewusst, wo ich schauen muss. Aber Smoker, alles gut. Schlaf gut. Kommt er aber schon ein bisschen spät. Ich habe gedacht, irgendwie, ich dachte, ja, vielleicht bist du jemand, den ich auf WhatsApp habe. Ich weiß es nicht. War so ein Gedanke, ne? Wenn du schon gesagt hast, ja, musst halt auf WhatsApp schauen und so. Aber alles gut, Smoker. Mach's gut. Bye, bye. Ich bin gerade immer noch am Überlegen, was haben wir noch für Highlights gehabt? Chat? Ich habe... Okay, etwas, was noch war, was auch mega lustig war, ich habe da mal wo ist jetzt meine Tastatur? Da. Ich habe da mal meine neue Animation gezeigt. Da der Franziskus, der kommen kann und ein Schildchen aufheben kann. Und da habe ich so gesagt, ich werde eben schauen, dass aus dem heraus meine neuen Alerts entstehen. Und dann haben wir festgestellt, oder hat Jenny eben gesagt, der Blatsch hat heute auch das erste Mal neue Alerts drin gehabt, also mit einem Schild. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein Zufall jetzt wieder, oder? Dass ich jetzt etwas gebaut habe und der Blatsch hat eigentlich fast genau das Gleiche auch gebaut für sich. Let's go. Eventuell mal noch bei WhatsApp. Ciao zusammen. Hey. Mach's gut, bye. Ist das ein Machete? Machete. Natürlich, hä? Schau jetzt. Da, so, da. Geil, oder? Geil.
It is. Kennen Sie das Fruchtbarkeitsidol der Chachapoya, das sich Was? zuletzt bei einem gewissen René Belloc befand? Chachapoya. Ich will eine Expedition planen, um es zurückzuholen. Hätten Sie Interesse, ein solches Unterfangen finanziert? Alles klar. Danke, Madame Naval. Das ist da wirklich einfach kein Laut. Schnell schauen. Where are we? Da oder nimmer. Jetzt müssen wir dann wieder Rätsel lösen, Hier Chat. ist die Ich Wand spüre dünn. das schon. Das könnte unser Ausweg sein. Ich spüre das schon. Freundlicherweise ein paar Spitzhacken zurückgelassen. Worauf warten wir noch? Wo ist die Wand dünn? Da. Okay, ja, machen wir es richtig. Hey, raus da! أنا آسفة أنا ضيعت ما كانش قصدي. Mit Eindringlingen machen wir kurzen Prozess. Nice move. Danke, Dr. Jones. Nun, ich gehe besser zum Zelt. Sehen, ob Gina es geschafft hat. Mach du das. Woher Ich kennen gehe Sie mal, die ich gehe mal ein bisschen lauten. Woher ich sie kenne? Von meiner Ausgrabung in Saqqara. Sehr charmante Lady. Völlig verdreckt. Entzifferte 3000 Jahre alte Inschriften auf einer Grabkammer. Einfach wunderschön. Unglaublich klug. Hab viel von Ihrer Arbeit gehört. Ja, ihre große Leidenschaft. Gut, weiter geht's. Oh, kümmern Sie sich um das hier, hm? Mhm. Natürlich. So, erledigt. Komm schon. Also, die Traumstele untersuchen. Dort an. Oh nein, jetzt muss ich jetzt wieder rumschleichen. Ich will doch nicht rumschleichen, Mann. Ich hab doch keine Lust. Ich will doch einfach ein bisschen sein. Einfach ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, ich muss mich umkleiden. Hm? So. Na, passt zumindest. Ist falsch gesehen, das brauche ich nicht. Martyr Musics. Grüezi. Ue, Troy. Du Herzige. Hey, wie geht's dir? Alles klar? Jetzt frage ich mich gerade, wo geht's denn da jetzt hin? Das geschieht, wenn wir da durchgehen. Gekommen sind wir ja von dort hin. Das probieren wir jetzt auch mal. Vielleicht ist ja das eine Abkürzung. Abkürzung. Hä? Jetzt bist du... Nein, aber die ist verbuggt, Chat. Nein, da gehe ich auch wieder raus. Ah, das schießt mich an, so etwas. Jetzt ist die immer noch dort. Okay, da sind wir ein bisschen falsch. Gehen wir wieder rüber. Ja, aber das kann nicht sein. Chat, kennt irgendjemand das Spiel und kann bestätigen, dass die da immer einfach irgendjemand ist ja, in dieser Pose da. Was willst du von mir? Ich komme ja nicht einmal hinter dich hin. Ich weiss nicht. Aha, jetzt habe ich es begriffen. Mein Gott. Ich kann sie nicht umbringen. Es geht nicht. Ich habe schon alles probiert. Ich habe ihr mit einem Flügeltätscher auf den Arsch gehauen. Es hat alles nicht gebracht. Ja, wir gehen jetzt echt dort rüber. Ich glaube, du liest richtig. Also die Grafik von diesem Game ist so krass gut. Ich habe jetzt fast gedacht, du schaust ein Video. Ohne Scheiß. Also die Grafik ist schon recht nice.
Das da muss ich auch sagen. Kann ich nur unterstreichen. Hey, und Martyr, es geht mir gut. Danke vielmals, danke der Nachfrage. So, jetzt würde ich da... Wo bekommen wir den Wehrmachtschlüssel? Verdammt, wir brauchen den Wehrmachtschlüssel. Ich habe das schon so manchmal Räume gesehen, wo wir den Schlüssel brauchen. Ah, was bist denn du für einer? Ja, schau mich doch an. Was ist mit dem? Traumstele. Das Rätsel müssen wir lösen. Aber zuerst dürfen wir in Gizeh nichts unversucht lassen. Aber im Wehrmachtsfuzzi, bei dem anderen Dude. Hast du die Quest für die Nazi-Uniform schon? Es gibt eine Quest für eine Nazi-Uniform. What the fuck? Ja, welche werden das? Ich habe Heiligtum der Wächter. Das war Feldforschung. Und da Traumstele. Ja, ich mache jetzt da mal das Idol des K weiter. Ich mache jetzt da mal weiter. Gehen wir da rüber. Aber finde ich noch interessant, dass wir wahrscheinlich eine Nazi-Uniform könnten haben. Warum nicht hin? Muss ich da wirklich da rein? He? Nein, nicht schon wieder. Nein. Ihr seht mich nicht. Ich bin ein Ninja. Verstehe schon. Du willst zeigen, was du drauf hast. Keine Sorge, dazu kriegst du noch Gelegenheit. Hoffentlich. Ihr seht mich nicht. Nein, ich möchte endlich das. Oi, what is happening, chat? What is happening? Hey, Murder Musics, merci vielmals für 100 Bits. Danke vielmals. Merci für den Support. Das wäre nicht nötig, gell? Aber danke vielmals. Kleiner Hammer versus grosser Hammer. Wir nennen den grossen Hammer, Chat. Wo muss ich genau hin? Da! Ja, da muss ich hin. Das Tattoo des Riesen muss der Schlüssel zur Traumstele sein. Muss ich noch mehr füttern? Hä? Also, was muss ich genau füttern? Noch wieder einmal mehr, nicht raus. Das Spiel wird mir nicht genau verraten, was ich machen muss. Und jetzt bin ich stuck. Muss vergrößern. Ah, ich muss also... Ah, okay, never mind. Das Tattoo-Symbol. Und was haben wir noch? Die Pyramide von Königin Mutterchen Kaus I. Da drüben ist die Sphinx. Moment, ist das eine Karte? Ich brauche noch eine Stätte. Also, muss das nochmal etwas haben? Ende, jetzt reißt ich mal schnell zusammen. Oh.
Ja, die Cheops-Pyramide. Hey, merci für deine netten Worte, Symbol ist Martin gleichmäßig Musics. der Pyramide von Chefren. Da muss es sein. So ne? Also, den Ort erkunden. Ich brauche nochmal schnell meine Karte. Oh, dort drüber. Okay, jetzt tu das. Das würde mich so reizen, Chat. Das würde mich so reizen. Ja, die sehen das. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, Chat. Da fällt nicht. Gut, dann gehen wir rüber. Schnell an denen vorbei da. Oh shit, und das ist aber im rechten Weg da. Ich frage mich gerade, es gibt glaube ich so schnelle Reisemöglichkeiten, aber das habe ich jetzt hier noch nicht gecheckt, ob das überhaupt geht. Im Vatikan hat es so Wegweiser gegeben, wo man als Schnellreiseding hätte können benutzen. Was ist da? Nazi-Freizeitzelt. Oh, da könnten wir uns sicher eine Uniform besorgen, Chat. Ich glaube, da sind wir sogar schon mal gewesen. Wait a second. Okay, das nehme ich mit. Das sieht geil aus. So eine Klobürste, Mann, aber gut. Love it. Mach Platz. Ich muss von hier abhauen. Aha, shit, haben sie mich schon wieder entdeckt, oder was? Ich bin hier nur der Kloputzer, Mann, der Scheisseputzer. Lasst mich doch auch einfach in Ruhe, Mann. Können wir da durch? Oh. Kein guter Winkel. Die wussten, was sie taten. Hier sollte der auf der Traumstele markierte Bereich sein. Hier muss einfach etwas sein. Zuerst wir looten Indie. Also, was hast jetzt du gesagt? Da. Irgendjemand da. Ich bin genau im Kreis innen. Den Ort erkunden. Ist das eine Mittelalter-WC-Bürste? Ja, ich habe mich für die WC-Bürste entschieden. Ich habe gedacht, mit der bin ich am unauffälligsten. Ich kann immer sagen, ich muss das WC gut stopfen. Wir haben ein verstopftes WC, ich muss durch. Ja, jetzt. Aha. Ich habe halt keine Ahnung, nach was ich genau suche. Jetzt geht es mir auf den Sack, ich muss es schnell ablecken.
Hey, aber irgendetwas habe ich nicht... Aha, schauen Sie jetzt hier. Schauen Sie jetzt. That's it. Das gleiche Symbol wie auf der Traumstele und dem Tattoo des toten Riesen. Was für ein WC-Bürsteli hast du? Hast du dir? Ja, das ist jetzt nehme ich es wieder mit. Chat, ja. Ich sehe, das Thema fokussiert sich da auf meine WC-Bürste. Also nehme ich sie mit. Ja, aber jetzt brauche ich, glaube ich, etwas zum Aufbrechen, oder? Den Konten. Jetzt habe ich mich nicht geachtet. Was ist die Idee? Ich muss da, glaube ich, schon aufmachen, oder? Ja, haben wir mit... Ja. Okay, es hat nicht funktioniert, Chat. Ich glaube, wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen etwas anderes. Wo? Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt denke ich, die WC-Bürste, die packt das. Wir können jetzt mit dieser WC-Bürste das Ding kaputt machen. Okay? Ja, da wird auch nicht gehen, Mann. Weg mit dem Seich. Da! Da, Chat jetzt. Boom. Hallo? Ist hier jemand drin? Das ist kein Grab. Aber welche Funktion hatte es? Der Raum scheint Klänge zu verstärken. Wie eine Resonanzkammer. Hm. Ja, wer ist der Arti, Mann? Du siehst hey. What the fuck? Eine Resonanzkammer. Hallo. La 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 la. Das ist nicht das Spiel, das der Blatt spielt. Ja, was muss ich? Ein paar adamitisch. Ich sollte Dr. Lombardis Notizen konsultieren. We have tried to contact you about your car's extended warranty. Was für Warranty? Jetzt hast du... Mein Gott. Dave, jetzt hast du dich noch verschrieben. We have tried to contact you about your car's extended warranty. Fucking Typos. Aber es war nicht schlecht gewesen. Also, Dr. Lombardi, vielleicht können Sie das aufklären. Falls diese Sprache der Ursprung aller anderen Sprachen ist, dann heißt das... Dies ist... Aton. Mhm. Ja. Ich hab's langsam raus. Okay, die Augen sind ein bisschen creepy. Dr. Lombardi. Der Soundtrack ist wie immer wieder einfach geil. Ich sollte Fotos von den Worten machen.
Ich sollte alle Symbole suchen und fotografieren. Sha'aton. Ich muss den Blickwinkel ändern. Und dieser Tafel fehlt ein Stück. Der Nap. Oh shit, okay. What is happening? Auf die Wörter. Okay, interesting. Haben wir alles schon fotografiert? Aha. Nach Hinweisen suchen. Okay, wir haben, glaube ich, noch nicht alles fotografiert. Von daher sind wir gekommen, oder? Ah, Chat. Was zur Hölle war das? Was ist das gewesen, Chat? Ich tippe auf einen Yokai. Gefasse sein. Was anzünden? Es schaut. Wir schauen das jetzt schnell, Chat. Das war richtig fies, Mann. Das war auch ein guter Moment, muss ich echt sagen. Das ist echt ein guter... Kommt es jetzt nochmal? Ach nein, das ist noch dran. Echt ein guter Moment, Chat. Das war echt fies. Holy shit. Holy shit, hey. Wo ist jetzt mein Flugzeug? Regime. What do we have here? Hier ist ein Tafelstück. Kann ich da nicht aufmachen? Hat jetzt so ausgesehen, als könnte ich da aufmachen. Da kann ich doch aufmachen. Let's go. So, da setzen wir das noch ein. Da. Das passt. Hat es jetzt nicht funktioniert? Muss ich wieder in den Kreis reinstehen? Das sind alle. Ich ordne die Fotos auf dem Altar an und sehe nach, was das bedeuten könnte. Höret! Das Geheimnis. Es schaut. Nein, das ergibt keinen Sinn. Okay. Höret! Des Herrn! Des Herrn Eid. Des Herrn Eid.
Also, was haben wir jetzt? Höret des Herrn Eid. Schützet das Geheimnis des Namens. Schützet! Das Geheimnis des Namens. Oh shit. Oh, holy shit, man. Gina? Gina, wenn du da bist, Was kann sehen ich wir deine Hilfe da? brauchen. Sieht man sie da säckeln, oder was? Vor allem, ich fände es jetzt auch lustig, dass er sucht jetzt wieder Gina, wo ja gar nie dabei war. Gina, bist du hier? Karte freigeschaltet, okay. Oh, muss ich da kumpen und erst dann mit dem... Ah nein, jetzt ist es gekauft. Ja, jetzt. Oh, ja, das nehme ich. Sie trugen das Geschenk der Götter verborgen durch die Sonne und die Höhle ward verschlossen. What the fuck? Das tönt wie ein Klicker, Mann. Sind wir da... What the fuck? Sind wir da in The Last of Us? Hey? Holy shit, ey. Und zu Zu dunkel, um Fotos zu machen. Auf Befehl von König Cheops erhoben sich die Steine gen Himmel als Zeichen seiner Macht. Das ist ja mega creepy, das hure Geräusch, ey. What the fuck? Ich würde ja gerne versuchen, da rüberzukommen, einfach weil ich Lust habe, aber ich glaube, da muss ich nicht durch. Im Schatten dieses Monuments weilt Ra bis in alle Ewigkeit. Jump! No way, oder? Aber es ist mega einladend. Come on, aber da komme ich ja nie mehr rüber. Nein, das mache ich nicht, ne? Noch ein Spiegel. Anlauf und go. Ich lasse es jetzt mal sein. Vielleicht muss ich nachher da durch, ne? Aber die Idee ist, also die Überlegung ist, wenn ich dann da bin, komme ich ja nicht mehr zurück. Und das kann ja nicht sein. Ich muss ja hier durch. Also gehe ich hier durch. Mit etwas Kokainum. Kokainum. Let's go. Rätsel. Rätsel. Wie alt ist das? Jungsteinzeit? Nein. Älter. Es muss zehntausende Jahre vor den alten Ägyptern entstanden sein. Boah, was ist denn da? Boah. Okay, das sieht komisch aus. Okay.
Dieses Tor ist beeindruckend. Aber wie kriege ich es auf? Symbole, hä? Symbole. 3-mal Licht. Und ich nehme an, ich muss 3 Symbole auswählen. Hervorragend. Mal sehen, was hinter der Tür ist. Okay, welche ist jetzt aufgegangen? Die da? Aha, aber da gehe ich zuerst noch da schauen, Chat. Uraltes Relikt. Nephilim. Mit etwas Kokainum. Das war ein gutes Timing. Das war echt gutes Timing. Oh, okay, das Licht. Assis Licht. Nun habe ich 2 Lichtstrahlen. Komm, jetzt noch eine Abkürzung? Nein. Hey, habe ich wirklich... Muss ich da wieder mal etwas essen? Chat, ich glaube, ich muss etwas essen. Oh, komm, essen Sie eine Frucht oder so. 3 Früchte. Einmal, zweimal, 3-mal. Let's go. Aha, und jedes Mal, wenn ich säckeln will, verbrauche ich Ausdauer. Aber ist schon okay. Und dann kann man das Früchte finden. Nur noch schnell da. Ha. Also, Chat. Ja, das versuche ich ja gerade. Aber irgendwie. Soll ich mal den zweiten? Okay, oder irgendetwas habe ich in dem Fall nicht verstanden, oder? Aber die Kombination wäre jetzt das mittlere Symbol. Oder vielleicht auch nicht ganz. Machen wir mal das letzte Symbol. Machen wir das da. Das. Und das unten dran. Da fehlt ein Strahl. Aha! Ja, mein Gott. Ja, okay. True. Das ist halt true. Okay, ja mein Gott, da ist ja noch was. Ohne Spiegel kann ich den Licht nicht lenken.
Shit, jetzt habe ich mich nicht geachtet. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Chat. Den hier brauchen wir und den dort auch. Wie ein Chor des Lichts. Oh, der Spiegel, Chat, der Spiegel. Spiegel. Und der kommt nicht Von da. hier aus erreicht das Licht die große Kammer nicht. Jetzt ist es ein bisschen dunkel. Also. Ja. Das kommt Oh. hier hin. Okay, stimmt das schon? 3-mal Licht, Chat. 3. 3-mal Licht. Also gut. Jetzt gehen wir schnell durch. Wir machen mal das oberste Symbol. Das oberste Symbol. Das wäre. Ja. Oh nein. Ja, eigentlich schon der, den wir schon haben. Und dann das X. So. Wunderbar. Wunderbar. Mhm. Dann haben wir den da. Oh nein, das X brauchen wir auch da wieder. Das X brauchen wir auch da wieder. Den brauchen wir da nicht, aber der da dafür. Und was brauchen wir noch? Gut. Dann brauchen wir das hier. Brauchen wir den auch? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir brauchen den, ja. Und und let's fucking go, Chat! Yay. Wo? Tretet alle Hoffnung fern. Ich will meine Fackeln endlich wieder haben. Oder bekomme ich wieder eine? Ich muss meine Fackeln holen, Chat. Wo war die da, oder? Fackel. Jetzt habe ich wieder alle Ausdauer durchgelassen, die ich mit den Früchten gegessen habe. Fußfertig musst du sein. True. Nein, ich habe Fackeln nicht mit. Nein, what the fuck? Uralter Abgrund. Meine Güte. Sowas habe ich noch nie gesehen. Springen, oder? Anlauf holen und springen. Er würde durchdrehen, wenn er das sähe. Wo bin ich jetzt? Oh shit. Einen Weg hinüber finden. Anlauf holen, oder? Anlauf holen und springen. Okay, interesting. Was bringt mir jetzt da? Da bringt mir jetzt, glaube ich, gar nichts.
Jetzt probiere ich das mal schnell. Okay, das ging. Hui, Andy. Hui, hui, hui. Das war knapp. Gollum? Das ist eigentlich ein komisches Viech da. I don't like this. Ja, das ist der Gollum, Chat. Das ist der Gollum. Altes Relikt. Ja, aber jetzt da... Ah, da ist es ja. Das suche ich hier. Jonathan? Es ist nicht... What the fuck? Oh, das war zu knapp, Mann. Das ist sicher nicht der Jonathan. Jetzt muss ich aber da noch schnell den Loot-Check machen. What the fuck, ich hab da weg, Mann. Das ist gruselig hier. Oh, Foto. Hey, Loot! Aha. Der arme Kerl. Oh, den kann ich gar nicht sehen. Wohl ein Jäger eines verlorenen Schatzes. Loot ist Leben, Chat. Loot ist Leben, indeed. Ja, es ist jetzt einfach ein bisschen dunkel. Hä? Es ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack da. Höhle der Dunkelheit. Es ist fucking dunkel, Mann. Ich sag's ja. Upsla. Licht. Geil. Okay, das bleibt. What the fuck? Ich komme nicht raus. What is happening? Haben wir eine Karte da? Okay. Den Tempel erforschen. Ja, okay, ja, dann machen wir auch weiter. Ich würde einfach gerne so eine Fackel haben. Damit ich ein bisschen mehr sehen. Ja, das ist echt voll der Money am Boden. Muss ich die irgendwie schnell genug nacheinander ein... Ah, der ist aber geblieben. Okay. Vielleicht habe ich was an der Statue übersehen. Muss ich das nicht füttern? Lang in die langs an. Ulfim. Oh fucking hell no. Wer ist da? Wo bist du? Oh shit.
Oh, das ist auch fies. Hey Poppy, ist das die Kammer des Schreckens? Fast könnte sie. Poppy, gute Nacht. Ich wünsche dir süße Träume, in denen du auf einem Faultier reitest, während ein DJ auf einer Ukulele spielt. Lass dich von der Musik in den Schlaf wiegen. Bis bald. Poppy, schön bist du da gewesen und schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, Poppy. Also ich weiß ja nicht, was die Idee ist genau. Aber ich glaube, die Idee ist nicht, dass ich zu ihm gehe. Ah, muss ich das Licht wieder anzünden wahrscheinlich? Ja? Du bist sass. Ich bin nicht sass. Okay, ich muss auch wieder das Licht anzünden. Das ist, glaube ich, die Idee. Hier bin ich. Hier bin ich. Und wenn das Licht da ist, dann kann ich versuchen, ihn zu besiegen. Ja? Kann ich wieder... Eins fehlt, oder? 1, 2... 1, 2, 3. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ist es nicht da gewesen? Wo ist es gewesen? Da hinten? Hä? Ein VW-Chat. Na du, das war schon scary gewesen. Er ist immer noch scary. Ja. Hey, ich komme gerade nicht raus, was ich machen muss. Ich gebe mir jetzt auf die Fresse, oder? Chat, geben wir ihm auf die Fresse. Jetzt gebe ich dem auf die Fresse, Mann. Fertig, lustig jetzt. Zuerst tue ich mich noch schnell... Ich tue mich zuerst ein bisschen heilen. Schufki, Mann. Schufki, wie geht's dir? Ich gebe jetzt dem auf die Fresse. Okay, das war auch keine gute Idee gewesen. Oh! Autsch! Ich sterbe noch wegen dem huren Scheissdreck, wenn ich nicht checke, was ich machen muss. Schufki, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Du warst schon richtig. Wo die Statue hinschaut. Aha. Aber ja, jetzt... Okay, jetzt muss ich es nochmals machen, Chat. Ich hab verkackt. Nein, jetzt wollen wir alles nochmal. Ich bin halt unfähig, ne? Ich bin halt unfähig. Geht's hier durch? Einmal. Wow, das ist so ein hässliches Geräusch, Mann. Das ist auch so 1:1 der Clicker-Sound aus The Last of Us. Nein. So, und jetzt hier noch, ne?
Ja, also wo genau? Ich check's nicht, Chat. Wo ist es hier? Du hässlicher Dude, Mann. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Und jetzt? Wieder dort hin, oder? Ah, jetzt geht es wieder auf. Ja, schnell Chat lesen. Oben, rechts von hinter dir, unter dir, über dir. Fishbone, ich schaff das schon. Muss mir ein bisschen Zeit geben, dann wird das schon. Jetzt muss ich da noch etwas machen. Was muss ich? Ah, jetzt gemeint, was? Okay, dann habe ich es verpasst. Oben, Rest von dir, hinter dir. Also wo genau? Hey, was muss ich jetzt machen, Chat? Ich habe jetzt gedacht, ich muss da etwas machen. Okay, ich habe es nicht verstanden. Ne? Ich habe es halt nicht verstanden. Muss ich da nicht jetzt etwas machen? Okay, wir lassen das sein. Ah, Stabstatue. Stabstatue! Sorry. Ja, sorry, ich hab gar nichts gemacht. Das du Schiff. Chat, den machen wir jetzt kaputt. Oh, der macht uns kaputt, Chat. Der macht uns kaputt. Oh, shit, Chat. Nein, was tust du? Wir rühren dem jetzt auch ein paar Mal das Ding an Gerinde an, Chat. Das machen wir jetzt so lange, bis der ablädt, ich sag's euch. Hast du nicht eine Pistole? Ich kann doch jetzt meine Pistole. Soll ich meine Pistole brauchen? Ich muss mich aber zuerst umziehen, Chat. Ich muss mich schnell umziehen. Ich kann mich nicht umziehen. Ich kann meine Pistole nicht brauchen. Ah, das seht ihr sofort, wenn ich da reinstehe. Finde ich irgendwie noch interessant, Chat. Hey, aber bin ich zu dumm? Ich gehe noch mal schnell dort rauf schauen. Ist irgendetwas gesehen? Nackt sieht er die nicht. Oh Mann. Chat, jetzt gehen wir da noch mal schnell rauf schauen. Können wir da auch raus oder so? Keine Ahnung, kann auch sein oder so. Es ist auch super dunkel. Okay, da geht es auch nicht raus. Chat, würde ich sagen, wir gehen noch mal ein paar Agrenden, oder? An der Statue übersehen.
Ich bin doch vorhin schauen, Indy. Motem. Doruk Makto. Würdest echt du schnell weggehen, damit ich an die Statue kann? Ja, aber Chat, was habe ich denn an der Statue übersehen? Hey Chat, ich weiss gerade überhaupt nicht, was ich machen muss. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Loslassen! Ich kack das langsam an hier. Was habe ich alles im Inventar? Ein Feuerzeug, ein Verband, den ich jetzt langsam brauche, Brötchen, das ich auch wieder auffüllen kann, Reparaturkits, Revolverkugeln, jetzt bin ich. Hey, ich rühre jetzt dann einfach x-mal das Ding am Grind an. Das ist mir so egal im Fall. Wirklich. Ihr zieht noch ein bisschen Sammelkarten und ich bin hier ein bisschen lost, Chat. Das gleich noch mal schnell überlegen. Für eine Sekunde sah es so aus, als hätte sein Halsband da die Form für die Statue. Ja. Darum fragst du, was... Ja... Das würde aufleuchten, wenn ich vor dran stehe. Ich gehe noch mal schnell da rauf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Da muss ich da nicht länger drauf stehen, oder? Das Problem ist, ich kann ihn nicht direkt angreifen, ich muss also immer indirekt ich muss ihm einfach etwas anschmeißen. Ja, come on. Ohne Scheiß jetzt. Chat, ich will noch mal schnell den Kontrollpunkt neu laden, ohne Scheiß. Machen wir das richtig, oder? Weil ich habe jetzt irgendwie ein bisschen viel Leben verloren. Wir machen das richtig, wir machen das nochmal. Ja, alles professionell. Bin ich recht? Stimmt das jetzt? Wie bin ich hier? Muss ich das? Nein, ist jetzt das wirklich? Okay, ja, dann mache ich es halt nochmal. Ich dachte, ich starte da ein bisschen später. So. Jetzt ist er halt noch nicht da. Okay. Oh mein Gott. Shit. Da ist ja nichts, was ich irgendwie machen kann, oder? So, dann geht das auf. Vielleicht habe ich was an der Statue übersehen. Das hat er vorhin schon gesagt. Also, was macht er denn jetzt genau? Er will es anlängen. Licht bringen. Da kommt der andere Dude. Löscht es ab. Wir zünden es wieder an. Wo bist du? Das Ding, das er um den Hals hat, okay, da brauchen wir, oder, Chat? Kann ich ihm das auch klauen?
Vielleicht kann ich ihm das klauen, ohne dass ich ihn kille. Muss man schnell orientieren. Was ist eigentlich, wenn ich da reingehe? Dann mache ich ja Geräusche, oder? Kann ich ihn da reinlocken? Kann ich hier hin? Okay, ich habe gedacht, vielleicht versinkt er irgendwie oder so. Das ist auch nicht der Fall. Würdest du aufhören, mich zu verfolgen? Also, jetzt probiere ich das mal schnell. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen falsch. Ah, shit. Hinter ihn hin oder so. Ah, vielleicht kann ich so eine Stealth-Attacke machen. Okay, das probiere ich jetzt, Chat. Noch schnell Chat lesen. Ich hasse Dunkelwald. Das ist doch eine der schönsten Karten. Was auffällt, ist, dass da einige Stöcke rumliegen. Klauen oder angreifen. Das probieren wir jetzt alles aus, Chat. Probieren wir alles aus. Ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt noch nie probiert, wenn ich mich anschleiche. Okay, Chat. Das könnte etwas werden. Das könnte etwas werden. Er ist schon recht dumm, oder? Aber so kann ich ein bisschen Schaden machen. Foto von ihm machen, ja genau. Jetzt bleiben Sie mal stehen hier, Mann. Sonst rühre ich dir etwas an. Oh shit, jetzt hat er mich verwutscht, Mann. Jetzt hat er mich halb verwutscht. Wow, jetzt ist er aber flink, der Dude. Ich muss auch eine schlagen und dann weg. Oh, jetzt hat er mich wieder verwutscht. Oh nein, ich will nicht. Ich will doch nur dieses hure Ding da, das du um den Hals hast, Mann. Muss man mal schnell heilen. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich richtig mache, Chat. Bin mir echt nicht sicher. Kann ich von vorne hin? Message aus Jutis Schlafwachzyklus, sie hat mies Durst. Oh nein, Juti, dann
Dann trink doch was. Trink doch was, Jutti. Ich pack das. Chat, wir packen das gemeinsam, ne? Oh. Du siehst mich sicher nicht. Ich würde halt gerne so einen Lebensbalken von ihm, oder? So einen Lebensbalken, damit ich sehe, dass ich irgendetwas richtig mache. Few moments later. Hey, und er läuft halt immer rum, und ich laufe mir einfach hinten nachher, oder? Das ist um Katz nie. Jetzt bleib mal stehen, Mann. Shit, das ist langsam, geht's mir auf den Sack, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. Oh shit! Listen! Vielleicht Hit und Kette klauen. Hit und Kette klauen. Hast du getrunken, Jutti? Okay, let's go. Geht nicht. Ich hab's versucht, Chat. Geht nicht. Hey, aber Chat, das kann ja nicht sein hier. Lass mich. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Ne? Ganz ehrlich, das wird nichts, Chat. Das kann ich jetzt noch 5 Stunden lang machen und wir kommen nie nennen. Never mind. What the fuck? Also es ist wirklich... Danke vielmals. Danke vielmals, Chat. Was für ein Name? Was für ein Name? Oh nein, jetzt haben wir ihn halt umgebracht. Verdammt noch einmal. Du musst nur an dich glauben, Troy, Mann. Let's go, Jutti. Das ist ja mal anstrengend. Ja, weil einfach, du weißt, oder ich habe jetzt auch lange nicht gewusst, ist das der richtige Weg? Weil, ja, ich habe immer wieder die Waffe geht immer wieder kaputt und er läuft wieder weiter, als wäre nichts gewesen. Okay. Dort wäre ich irgendwie froh, einerseits um einen Lebensbalken oder vielleicht um einen Audio-Cue oder auch visuell etwas, dass er immer schwächer wird vielleicht. Oder dass der Indie sagt, okay, das funktioniert, dass ich weiss, okay, ich mache es richtig. Das ist irgendwie so ein bisschen vom Game Design her ein bisschen mühsam. Arti, merci vielmals für 100 Bits, danke vielmals. Hier reinstecken, Indie, Mann, was sonst? Also der Anhänger Indie, bitte nicht anders da reinstecken. So, let's do this. Upsla.
Das Skelett weist den Weg, Chat. Sie sind ein Genie. Was haben wir alles dabei, Chat? Schau, Check machen dann. Gut. Let's do this. Innere Kammer. Schnell das Indie-Outfit anlegen und dann schießen wir eigentlich mit der Pistole drauf, Chat. Und jetzt habe ich die Pistole. Idol des Ra. Juhu, okay. Das war ja klar, ne? There it is. Also ist eines von diesen Teilen, wo halt der andere Dude aussucht. Ja. Ausrufezeichen Play in Chat. Ist, kommt jetzt wieder so eine Murmel. Ja, geh mal säckeln. Ich kann gar nicht. Oh! Es muss doch ein geben. Schwierig. Ah, dort oben. Ja. Also, funktioniert das? Das funktioniert schon, oder? Schön. Nicht versenken, Indy. Gumpen. Und säckeln und säckeln und Indy säckeln. Ah, alles gut, alles gut. Oh, shit. Indy, schneller, schneller, schneller. Hey, und Schrunz, merci vielmals für den Follow, danke. Und willkommen hier bei mir. Jetzt habe ich mich nicht geachtet, verdammt. Jetzt habe ich mich nicht geachtet. Oh. Okay, Ausgang. Es muss doch einen geben. Ja, ja, dort oben. Also das ist, glaube ich, der einzige, den wir haben. Dort rauf müssen wir. Ich finde es so lustig, er kann auch im Sand versinken. Das heisst, ich muss immer gumpen, damit ich da wieder ein bisschen raufkomme. So, und jetzt da rauf, Indy, rauf, rauf. Let's go, let's go. Genau so. Und jetzt aber... was ist das Problem? Was? What is happening? Endlich. Das Idol des Ra. Abgeschlossen. Nice. Ich hab's geschafft. Chat. Danke, Arti, danke vielmals. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, Chat. Nur weil ihr an mich geglaubt habt, haben wir es geschafft. Oh, es ist noch nicht vorbei. Jetzt stürzt sicher auch die ganze Pyramide zusammen wegen uns, oder? Nein, aber jetzt kommt nicht der andere Dude und nimmt es uns weg. Das wäre jetzt so richtig fies, Mann. No fucking way. Das haben wir uns verdient, du Lümmel. Kleines Sonnenband. Scheiße. Sie glauben, den großen Kreis zu kennen. Kennen aber seine Macht nicht. Oder die Macht hiervon. Doch ich bin derjenige, der diese Wahrheit enthüllt, Stück für Stück. Ach ja?
Ich habe das Rätsel gelöst, den Stein gefunden. Sie übersehen was, Voss. Archäologie ist ein intellektuelles Spiel fundierter Forschungsarbeit. Wow. Jetzt sag ich Ihnen mal, was Sie übersehen, Dr. Jones. Hey Jurti, ich auch. Ihr sinnloses Spiel spielten, spielte ich mit Ihnen. Oh ja. Ich höre Ihre Gedanken rattern. Sie fragen sich, ob Sie sich ein bedeutungsvolles Leben hätten aufbauen sollen, statt hier zu landen. Aber ohne Scheiß, die Grafikdetails, habt ihr jetzt gesehen, wie ihm noch Schweiß von der Nase getropft ist? Grafikdetails sind absolut geil. Und vergessen im Sande erfreut. Und wenn er einfach noch am... der spritzt ein bisschen viel. Ui, nice, Indy, nice one. Verdammter Drecksbastard! Ah, Dr. Jones. Für Sie ist Gewalt immer die Lösung, was? Let's go. Ich möchte ihm Salz an die Füße schmieren und Ziegen dann ranlassen. Ui, jetzt aber hey. Herr Sturmbannführer, wir haben ein SOS von der verschwundenen Mannschaft erhalten. Ich muss hier raus. Ich muss mich hier rauswickeln. Rauswickeln. Im Himalaya, Herr Sturmbannführer. Wickel. Das ist ein gefährlicher Aufstieg zu dieser Jahreszeit. Oh, Chat. Das ist unser nächster Ort. Himalaya. Lassen Sie das mir, Herr Sturmbannführer. Was, um Gottes Willen, nein, Oberst, bitte. Ich werde doch nicht meinen wertvollsten Mann bei so einer gefährlichen Mission riskieren. Aber es wäre mir eine Ehre, einen so herrlichen Sieg für das Vaterland zu bescheren, Herr Sturmbannführer. Na schön, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, aber Oberst, vergessen Sie nicht. Ihr Erfolg würde nicht nur mich, sondern sicherlich auch den Führer zufriedenstellen. Jawohl. Ich will hier raus, Mann. Jawohl. Halidna! Ich... Haben Sie aufgepasst, Bergmann? Erst Gegenwehr, dann etwas Bestätigung. Und der willensschwache Mann schwört seine unsterbliche Treue. Ja, also, es ist 1937 gespielt, glaube ich. Also, nach dem Film Raiders of the Lost Ark, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, also ein Jahr nach dem Film spielt diese Story. Du gibst mir jetzt den Hut zurück, ne? Sie wollen sich doch keinen Sonnenbrand holen. Nicht wahr, Dr. Jones? Merci, danke. Aber ich finde es echt interessant, dass er den Indy nicht killt. Oder nicht versucht zu killen in dem Sinn. Oh, nein. Nein. Das lassen wir jetzt hier sein. Nein. Hi. Wow! Oh, ich kann nicht viel leben. Dude, hören Sie auf, Mann! Kann ich irgendetwas machen? Ich kann gar nichts machen, oder, Chat? Lass mich. Also echt. Ich kann blasen, ohne Scheiß. Ey, ich sterbe. Ohne Scheiß. Lass mich. Ich sterbe in dieser fucking Sequenz. Das gibt's ja nicht, ne? Ich kann immer wieder blasen, Chat. Jetzt. Gehen Sie weg. Aber die Ausdauer, fuck. Ich muss die Ausdauer im Auge behalten.
Okay, das ist doof. Das ist echt doof. Lass mich. Ich mache das nochmal. Na was, für 7 Minuten sicher nicht. Ja, das ist echt das Problem. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe doch keine Ausdauer. Jetzt blöd für das Spiel. Pusten! Aber ich muss da Ausdauermanagement betreiben. Nein. Ich habe die ganze Ausdauer schon weggeblasen, bevor der erste Skorpion bei mir war. Ja, und zwar ist die Idee, machen es jetzt einmal. Also echt, das ist unfair. Und bevor sie angreifen, also da, das ist also da schnell, da schnell, da schnell. Da schnell. Oh, nicht doch. Da schnell. Da schnell. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Oh! Aber ich finde es geil. Ich finde es echt geil, dass die Sequenz im Game ist. Also spielbar. Dr. Jones! Echt gut. Dr. Jones! Erst pusten, wenn das Schwänzchen hochgeht. Ja. Let's go. Er wird ohnmächtig, Gina! Hilf mir! Grab schneller! Ihr schafft das. Trinken Sie, Dr. Jones. Oh Mann, das kann also falsch klingen. Es hat mich jetzt verwundert, dass du nicht geschrieben hast, erst blasen, wenn das Schwänzchen hochgeht. Ich habe es schön gefunden, hast noch pusten geschrieben. Los, trinken Sie. Genau. Gut, dass Sie noch leben. Jetzt habe ich auch direkt Durst bekommen, Scheiße. Sie, Jones. Das hat jetzt gut getan. Der Stein. Der Stein. Was? Er hat den Stein, Gina. Jetzt haben wir das ganze Rätsel gelöst. Der Dude umgelegt und jetzt hat er einfach unseren Loot mitgenommen. Das gibt's ja nicht. Operation Großer Kreis. Der große Kreis. Vor einiger Zeit hat Voss Ich bin auch mal wieder wach. Was ist passiert? Wer hat was geblasen? verbotene Steine. Im März. Der Indy hat geblasen, aber immer nur dann, wenn das Schwänzchen aufgegangen ist, gehört dazu. Das ist vorher nicht passiert. Dieses Jahres. Und jetzt sind wir da und es sind 2 Frauen da. Die Mittel für eine Ausgrabung bewilligt. In Machu Picchu. Eine Stätte des großen Kreises. Ja, genau. Und dort, unter den Ruinen, da fand er... Ich habe einen Clip gemacht eben. Let's go. Irgendwie hat Voss meine Schwester nach Machu Picchu gelockt, wegen ihrer Expertise. Um das Adamitisch auf dem Stein zu übersetzen. Genau, aber dann ging der Stein verloren. Wie ist ein Mysterium. Alle Dokumente darüber sind streng geheim. Doch als ich den Funk der Nazis abhörte, konnte ich einen Morsecode vom Himalaya abfangen. Wo Voss seine ganzen Leute hinschickt. Und ich habe die genauen Koordinaten. Ah, der Füß. Die suchen nach dem Stein. Wir müssen vor den Nazis da sein. Also wie ist jetzt das genau? Wenn das Schwänzchen aufgeht, musst du an den Füßen blasen. Also, also so quasi. Schnell. Wie sollen wir das schaffen? Werte Freunde, ich biete einen raschen Ritt an Bord der Scarlet Arrow. Oh. Ja. Es geht weiter, Chat. Sonnenfacher. Sheram. Name. Ozam? Was haben Sie gefunden? Das ist ein Foto von Laura Lombardi und Ihnen.
Oh, Laura. Versprechen Sie mir was, Indiana. Liegt Ihnen was an ihr? Ja. Schützen Sie sie. Okay. Was tuschelt ihr beiden denn da? Ach, ich meinte nur, dass ich einem ortskundigen Führer telegrafiert habe für den Himalaya. Bei dem Marsch solltet ihr lieber gut vorbereitet sein. Wenn du nur mitkommen könntest. Ach, das ist nichts für mich, Schätzchen. Ich hab's lieber warm. Haben wir uns zuerst verfahren? Geil. So, ich gehe jetzt nicht weiter zurück. Oha! Mal ganz eine neue Umgebung haben. Holy shit. Was ist das? Schneeabgang! Lawine! Los, zurück! Nein, 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 wir müssen weiter. Die Grafik ist super geil. Der Stein muss dort oben sein. Welcher Stein? Koordinaten. Tutto bene. Erschrecken Sie mich nicht so. Harrison Ford Finger, Chat. Der muss eben schon immer sein. Der Himalaya. Südasien. Geilo. Geilo, schaut euch mal. Es sieht wirklich geil aus. Es sieht wirklich einfach nur geil aus, Chat. Boah, es ist einfach schon 5:30. Chat. Sind ihr noch dabei? Also, es hat mich mega gepackt. Sind ihr noch ein bisschen dabei? Eins im Chat, wenn ihr noch dabei sind. 2, wenn ihr schlafen geht, ne? Okay. Oh, okay. Okay, nein. Chat, okay. Wir machen noch ein bisschen weiter. 1,5 sehe ich auch noch. Okay, Chat, Einsen. Okay, let's do this. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Schnell, ich lese noch schnell, ich habe gerade auf deiner Twitch-Seite Link zu OnlyFans öffnen. Schade, das hätte ich schon gerne gesehen. Aha, hast du draufgeklickt, hä? Und wie hat es dir so gefallen? Hast du alles angeschaut? Oder hast du auch schnell so einen Blick drauf geworfen? Oder gelost? Also gelost wegen ASMR, die ich auch anbiete und so. Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Das ist auch geil. Ich komme. Oha, ich hinterlasse Spuren im Schnee. Wie geil ist denn das, Mann? Holy moly. Hey, wie geil sieht denn das bitte aus? Oh, der Schrunz. Das ist einfach Top-Grafik hier. Nicht verkrampfen. Schrunz ist auch noch dabei. Let's go. Nice. Schrunz, wie hast du es eigentlich? Kennst du das Spiel schon? Siehst du es zum ersten Mal? Hast du es vielleicht selber schon gegamet? Boah, hey. Sorry, aber ich finde es gerade echt mindblowing, wie so die Atmosphäre ist gerade. Hey, krass. Hey. What the fuck? Hey. Marcher, da. Oha. Oi.
Snuffies 2 rated mit 11 Lüt. Snuffies! Merci für den Raid! Mit 2 Lüt. Snuffies, merci für den Raid. Und willkommen, liebe Raiders. Ich glaube, das ist ein Back-to-Back-Raid, den wir hier gerade haben. Holy shit. Und darum sage ich schnell, merci für den Raid Snuffies und geht unbedingt bei den Snuffies vorbeischauen. Und dann haben wir den nächsten Raid vom Flo! Holy shit. Der Random Access TV Gandalf. Gandalf! Hey, Flo, merci an dir für den Raid. Holy shit. Ist es okay, wenn ich bei Schweizerdeutsch bleibe für euch beide? Oder soll ich schnell auf Hochdeutsch wechseln? Ihr wisst am besten, wer ihr gerade mitbringen. Und ich sage schnell Hallo zu allen, die noch geschrieben haben. Bloodhoney, grüezi wohl, Wolfshade, Flo natürlich, Dino und natürlich Snuffies. Guten Morgen, schön, dass ihr da sind. Holy shit, du bist noch nicht so alt wie der Gandalf. Ich muss ein bisschen Musik machen, Chat. Ein bisschen Musik. Wieso geht's nicht hier? Musik? Hallo? Musik? Lieber Chat, ich habe viele Deutsche und Österreicher dabei. Dann machen wir kurz auf Hochdeutsch. Ne? Liebe Raiders, erstens mal müssen wir ein Foto machen. Aber ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit, ich muss zuerst reden und dann ein Foto starten. Viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Spielereien, Effekten, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell sind wir in Indiana Jones The Great Circle drin, sind jetzt da gerade im Himalaya angekommen. Aber jetzt mache ich zuerst kurz noch das Foto. Fotostart. Zuerst mit der lieben Snuffies. Let's go. Also liebe Raiders, es braucht euch jetzt auch noch, weil ihr müsst jetzt einmal bei Snuffies aufs Foto und dann müsst ihr noch bei dem lieben Flo nachher, machen wir anschließend auch nochmals aufs Foto drauf. Das wäre mega nice, wenn wir hier ein bisschen Leute wären dann auf dem Foto. Ausrufezeichen Foto in Chat, dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit der lieben Snuffies und Luna Lovegood und mir aufs Foto. Let's go. So, und jetzt gucke ich noch kurz, was Snuffies noch geschrieben hat. Eins nach dem anderen. Was gab's denn? Was gab's denn für ein Spiel? Was habt ihr gestreamt? Oh. Was ist jetzt da für ein... Aber das ist ein komisches Bild. Das muss ich neu generieren hier. Das ist ganz komisch. Ich generiere kurz ein neues Bild. Ich komme aus dem Norden mit Plattdeutsch. Das klingt auch wie eine andere Sprache. Ja, wir hatten auch schon Leute hier, die haben dann das Plattdeutsch geschrieben. Es klingt schon, oder es liest sich schon sehr speziell. Und Tyrael oder wie auch immer, danke für den Follow, merci vielmals für den Follow. Und Redbeard, guten Morgen, schön, dass du da bist, hi. So, Chat, Ausrufezeichen, Foto. Jetzt haben wir ein besseres Bild. Was ist denn hier auf dem Bild drauf? Ah, Gipfel, what the fuck, okay, speziell. Das ist sehr speziell. Blur brauchen wir nicht bei diesem Bild. Ausrufezeichen, Foto, Chat. Ich spucke treu im Kopf herum. Du bist so wie so das Haar, das irgendwie so aufsteht. So. Sehr geil. Bin höher als Mami. Mami, hat das was zu heißen? Schwierig. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Zuerst Zort, dann Lockdown Protocol. Oh, das gibt's by the way morgen beim Mr. Blatsch. Mit mir. Tyrael. Wie aus dem Game Diablo. Okay, ich notiere mir das kurz. Ich kann mir das hier in meinem Tool. Put that Gipfel down! Hey, ich hab... Chat. Lass doch die Gipfelis hier, man sieht's ja kaum, ne? Hier sind die Gipfelis hinten dran. Vielleicht kann ich noch so... Ja, da überdecke ich den Floh, das ist schwierig.
Schwierig, Chat. Okay, aber Lockdown-Protokoll, das macht halt sehr, sehr Spaß. Ne, ich finde das sehr geil. Und Just Chatting natürlich auch gut. Kauft meine Gipfelis, Chat. Jutis Gipfeli, ganz wichtig. Ich bin der Sohn. Hallo Sohn. Schön bist du hier, Sohn. So, Chat. Sind wir alle drauf? Seid ihr alle drauf? Sonst noch Ausrufezeichen Foto? Ich bereite mal vor. Ich mache jetzt gleich mal ein Merci für den Raid. Ein bisschen Schweizerdeutsch aufs Foto bringen. Ich verschwinde kurz. Dann komme ich wieder, ne? Machen wir mal zuerst das Foto mit Snuffis. Oh, der Strohhut Dave ist auch noch drauf. Zuerst das Foto mit Snuffis und dann machen wir anschließend noch das Foto mit Flo. Und ich mache noch kurz den Bossfight-Check. Leider reicht es nicht für einen Bossfight. Ne? Es ist auch jetzt schon so von der Zeit her ein bisschen spät. Aber sollte noch ein Raid reinkommen, dann würden wir noch einen Bossfight machen. Liebe Raiders, lieber Chat. Zuerst mal machen wir Foto Nummer 1. Moment kurz. Foto Nummer 1 mit Snuffis. Hey! Let's go. Foto Nummer 1, Chat. Ist zuerst Essen hier. Foto Nummer 1. Ab jetzt auf dem Discord drauf, Ausrufezeichen DC. Ich mache dann noch eine Story, wo ich dich markiere, Snuffis, auf Insta und auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Und jetzt noch dasselbe mit dem lieben Flo. Flo, ich nehme an, bei dir gab es das Gleiche, ne? Ihr habt wahrscheinlich zusammengezockt. Auch Lockdown-Protokoll und so. So. Da habe ich, by the way, geschenkt bekommen, ne, vom Flo und der lieben Snuffis am Hero Fest. Darum muss das jetzt auch noch aufs Foto drauf. So, Ausrufezeichen Foto, by the way, Ausrufezeichen Foto, alle nochmals drauf für das Foto mit dem lieben Flo. Und Franziskus hat sich Flo ausgewählt. Let's go. Und Scuffboy YouTube. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Dave, wie geht's dir eigentlich? Habe ich das schon gefragt. Strohhut Dave. Und Scuffboy, wie geht's euch denn? Hattet ihr eine gute Woche? So. Fishbone auch noch auf dem Foto drauf. Da fehlen aber noch Leute, Chat, ne? Da fehlt noch. Da fehlen noch viele. Ich warte noch kurz. Tyrael, das magst du, ne, wenn ich genüsslich ins Gipfeli beiße. So, Chat. Hast du vor 8 Stunden schon gefragt? Ach nee. Ist das so? Weil bei mir hat es eben das angezeigt, dass du neu jetzt wieder im Chat dabei bist. Darum frage ich halt immer, ne? Wenn ich da die Namen lese und so.
Da hatte ich gerade gegessen. Das stimmt. Ja, also manchmal, ne? Also manchmal ist es halt schon nicht einfach, wenn man alt wird, Dave. Wo ist der Chat? Chat, kommt alle drauf. Alle, die das jetzt hören, kommt aufs Foto, Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen Fettli. Lannister, let's go. Da, Lannister ist auch vertreten übrigens, aber man sieht es gar nicht. Ja. So, wir sind 15 Leute. Bringen wir 16 Leute hin, Chat. 16. Das bringen wir hin, ne? 16 Leute, Chat. Ich hätte auch gerne ein Gipfeli bei mir. Oh, Joti, willst du meins? Ich habe angebissen. Kannst du es aber haben. Let's go. 17 bringen wir hin, Chat. 17. Ah, simpel, das hat Cooldown. 18 Leute, come on, Chat. 18 Leute. 18 und dann mache ich das Foto, ne? Versprochen. 18 Leute, dann machen wir das Foto. Und wir machen das Foto nicht. Ja, wir machen das Foto nicht, bevor es 19 Leute sind. Ne? Ich verspreche es. Dann machen wir das Foto. Ne? 19 Leute. Wie es halt immer funktioniert, Chat. Wie es halt immer funktioniert. Ja, komm on, wenn wir jetzt schon 19 sind, 20 springen wir hin. 20, Chat. Come on. Come on. Bloodhoney, wie geht's dir eigentlich? Der Bluthonig. 20, Chat. 20, come on, please. Please. Tut es für mich. Der Rich ist verkehrt in meiner Brusttasche. Tut es für mich und den Richi. Das ist Richi hier. So, bin ich gerade am Brokkoli genießen. Ja, könnt ihr. Hey. Ja, ich weiss, 20 wird ein bisschen schwierig, Chat. 20. Hey, das schaffen wir, oder, Chat? 20, come on. So gut, wie es funktioniert. Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Let's go! Bumble gsi. Merci vielmals, grüezi. Umso schön, bist du auch noch aufs Foto gekommen. Let's go. So, also Richi ist da. Mit Chatty. Okay, irgendwie so, Chat, irgendwie so. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. What the fuck? Chat, what the fuck? Okay, nice one. Nice one. Chat, schönes Foto. Flo, sehr schönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich markiere dich dann auch noch in einer Insta-Story, in einer Twitch-Story. Und das Foto kann man sich in physischer Form auch bestellen. Link im Chat. Chat. Was macht ihr denn um diese Uhrzeit noch hier? Also, ich gehe noch ein bisschen zurück zum Schweizerdeutsch. Bitte sagt, wenn ihr gar nichts mehr versteht oder fragt, wenn ihr irgendwie Wörter nicht versteht. Ne? Der ganze Chat ist sehr hilfsbereit und hier sind auch alle willkommen. Und ich kommentiere auch immer in Hochdeutsch, wenn jemand was Hochdeutsches schreibt. Was bekomme ich jetzt? Was möchtest du denn? Ich mach's so, ne? Meerjung, Frau, Mann. Ich mach's so, du darfst dir wünschen, was der Franziskus statt der Milch bekommt. Ich nehme dem Franziskus die Milch weg und du kannst jetzt sagen, was der Franziskus bekommen soll. Wein, Pringles, Popcorn, Burger. Ja, du entscheidest das jetzt. Ein Bier? Ein Kaffee? Snuffis geht jetzt arbeiten, ohne Scheiß. Holy shit. Ja, dann viel Erfolg und so, I guess. Deinen Stream schauen, was ist das für eine Frage? True, okay, das war wirklich eine blöde Frage. Wir machen Sachen halt, oder? Fair.
Ich mache jetzt Mittagessen. Ja. Also, ja, aber was kochst denn du, wenn du jetzt schon anfängst zu kochen? Ich verstehe alles von Schweizerdeutsch. Okay, Scuffboy. Das ist nice. Das ist nice. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Bleibt anständig und die Hände bleiben über der Decke. Hä? Über der Decke, ganz wichtig. Immer so. Und immer schön in die Kamera halten, ne? Also die Überwachungskamera, wo ich euch sehe, Chat. Hey, und Dino, ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Danke, dass du mitgeradet bist. Und schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ne? Bye, bye, tschüss. Eigentlich war der Stream nur bis um Mitternacht plan und ja, jetzt bin ich da. So geht es mir manchmal auch. Also heute habe ich eigentlich auch gedacht, ich mache nicht so lange und ja, here I am. Und ich habe noch nicht vor, aufzuhören. Ich schaue jetzt Troy weiter. Und was machst du, Troy? Ich lese ein bisschen Chat weiter. Ich lese ein bisschen Juti weiter. Ich habe eine Chinesin geheiratet. Oha, ja, das ist, ja. Let's go. Ah ja, das hast du gesagt. Ne, du lebst in Hongkong. Ah, wegen der Zeit. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Also es ist Mittagszeit jetzt. Okay, nice. Die Decke vom Bett oder die Decke von der Wand. Ja, wenn es die Decke von der Wand ist, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ich glaube, die Decke vom Bett. Ja? Über der Decke die Hände. Damit man immer sieht, was du machst unter der Decke. Hände sind drunter, solltest du in der Cam sehen. Moment, ich prüfe es kurz. Scuffboy, Flo, Snuffies, Blood Honey. Ah, hier. Ja, kann ich bestätigen. Juti hat die Hände über der Decke. Kann ich bestätigen. Habe ich gesehen. Oh ja, aber ey, nice. Also vielleicht auch ein wenig stressig, ne? Aber freust du dich? Du freust dich ganz sicher, ne? Freust dich ganz sicher. So, Chat. Wir gehen jetzt noch ein bisschen zurück ins Gameplay. Zurück in das Gameplay. Gibt noch was zu erledigen hier in Indiana Jones. Wir müssen da noch ein bisschen etwas machen, Chat. So. Lassen Sie mich zuerst. Ich sag's nochmal, Himalaya. Wir sind jetzt im Himalaya angekommen. Und die Grafik ist absolut bombastisch, holy shit. Quer tut zu! Einfach so 21 Monate. Einfach so. Suset aber auch Verbe wie der Wind. Und Wie es der ist Wind. immer so schön hier DSI treu Hahug, Oh. treu Hahug. Du bist schön, Mann. Quer tut zu. Hey, ich danke dir für den Resub. Tier 2 dann noch, der Tier 2 Resub im 21. Monat. Danke vielmals. Und danke vielmals für deine netten Worte und deinen Support. Ich habe mir eine Decke bestellt von 150 x 200. Für dich alleine, Scuffboy. Vorsicht! Ui. Meine Güte. Ja, jetzt aber. Alles okay? Ja. Schnell pausieren. Du bist schön, Troy, Mann. You are breathtaking. Hey, Scuffboy für... Ja, aber das grenzt schon fast an Frechheit, ne? So eine große Decke für dich allein. Verrückt, dass der Stein hier gelandet ist. Ja, und andere haben gar keine Decke. Und Scuffboy hat halt einfach eine 150 x 200 Decke.
schnappen wir uns das Ding und Den raus. Döner macht schön, okay. Wie hast du ein animiertes Profilbild auf Twitch? Du bist der einzige Streamer, bei dem ich das sehe. Wolfshade, du hast das 7TV-Plugin installiert oder das Franker Faces Plugin, die Browser-Extension. Da ist das 7TV auch dabei. Und 7TV, da habe ich halt ein animiertes Profilbild hinterlegt. Und das sehen aber nur die halt das Plugin haben. So funktioniert das. Ja, Döner wäre jetzt schon geil, oder Chat? Wir sind aber auch nicht für die Aussicht hier. So, mal hier vorwärts machen. What do we have here? Chat. Jetzt ist die Frage, wo willst du durch? Okay, du kannst dich nicht entscheiden. Dann gehen wir mal schnell rauf schauen, weil wenn wir runtergehen, kommen wir vielleicht nicht mehr rauf. Und der Stein gar nicht hier ist. Wir liegen nicht falsch. Wir liegen nicht falsch, aber ich muss jetzt zuerst mal herausfinden, ob ich hier runter muss, Chat. Kommst du mit, oder nicht? Ich glaube, dann ist da versteckter Loot. Oder bin ich von daher gekommen, Chat? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, bin ich von daher gekommen? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, das kann nicht sein, oder? Hä? Ich muss mich schnell orientieren, woher sind wir gekommen? Von da sind wir gekommen. Muss ich da durch? Ist riesig laut dort hinten. McDonald's ist auch ganz anders in Hongkong. Was ist bei McDonald's anders? Der Geschmack oder die Größe der Portion? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss schnell ein bisschen etwas zu trinken haben, Chat. Einen Döner bestellen. Könntest du denn einen Döner bestellen, Quertuzio, um diese Zeit? Hast du einen Dönermann um diese Uhrzeit? Viel Huhn, okay. Okay, ja, macht Sinn. Chat, jetzt muss ich da gleich mal schnell schauen. Also von da sind wir gekommen, ich gehe jetzt mal schnell hier runter schauen, was da los ist. Nein, hä? Okay, ich komme nicht raus. Chat, von da sind wir 100 Pro gekommen. Wir gehen auch weiter, wir ignorieren alles. Ich bin verwirrt anscheinend. Oder das Spiel ist verwirrt. Eins von beidem. Sogar der eine Inder hat noch offen. Oha. Ich frage mich, wie viele Bestellungen die um diese Zeit haben. Wenn ich genug nahe an einer grossen Stadt, okay, ja, dann ist es halt schon ein bisschen anders. Sehen Sie das auch? What the fuck? Ein Schiff! Gut. Ich bin nicht verrückt. Das hier gelandet sein. Sehen wir uns das an. Wie zum Teufel kommt ein Chef da rauf? Ich koche gerade für die Familie Rindsrouladen Mist mit Semmelknödel und Blaukraut. Oha. Boah, ich bekomme ja direkt Hunger, ey. Das ist nice. Gönnt ihr. Oder gönnt euch, ne? Jetzt. Oh, Windy, habt die fest.
Schwester kommt mit ihren Eltern, okay. Mit dem Wind, Troy, mit dem Wind! Gebt mir Mühe. Ja, alle, ne? Die Oma kommt auch noch. Das ist auch so geil gemacht mit dem Schnee. Das ist also ohne Scheiß, der Schnee, Chat. Der Schnee ist echt mindblowing. Das ist echt krass. Ich würde am liebsten auch noch ein bisschen rumspielen im Schnee. Kann ich nicht so einen Engel machen in den Schnee rein? Nazi-Schlachtschiff? Ja. Aber der Schnee braucht auch viel Rechenleistung. Ja, okay, das glaube ich. Oh, jetzt aber. Hey, wer kennt es nicht, Chat? Wir fahren ein bisschen mit dem Schiff rum. Mit dem Kriegsschiff. Hoffentlich nicht. Da verfahrt man sich, oder? Dann ist man plötzlich im Himalaya runter. Steckt so fest, oder? Wie kommt so ein Schiff auf den Berg? Ja, true. Und darum finde ich es geil, wie sie die Performance trotzdem oben behalten. Absolut true. Klar, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich auch ein paar Schiffe im Sentis oben hängen. Ein Loch? Wo denn? Ja, ich sehe es. Muss auf diesem Schiff sein. Ah, dort oben? Aha. Komisch, dass ich keine kurzen Hosen anziehen darf. Ein Mann mit kurzen Hosen ist frei. Und jede Frau darf dich ansprechen. Ist das so? Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Jetzt habe ich schon gemeint, die sind gestorben. So, weiter geht's. Mal gucken hier. Eigentlich muss man das Foto machen, Chat. Grokin. Grokin, grüezi. Wie geht's dir? Seas? Oh. Was ist das für eine Sprache? Sprichst du Deutsch? Englisch? Du parles français? Italiano? Oh shit, was muss ich machen? Wo muss ich denn hin, Chat? Oh, let's go. Das Handrad fehlt. Also wir brauchen ein Handrad. Wo ist hier das Handrad? Mann.
Ah. Gizmo und Arti, wie gut. Gizmo und Arti auf YouTube, grüezi wohl. Hallo auf Vorarlbergisch. Ach so, das habe ich noch nie gehört, aber nice. Seas. Seas? Zurück, ne, Seas? Wie geht's dir denn? Was für Ja, meine Frau war... Bitte schnell, das ist schlecht. Meine Frau war bei ihrer Oma und war 2 Tage alleine, bin mit kurzen Hosen in der Stadt gelaufen, wusste das nicht. Aber du wusstest das dann in dem Moment auch nicht. Mich haben sehr viele Frauen angesprochen und ihre Freundin hat mit dir geschimpft. Oh mein Gott. Ja, man kann es ja irgendwie... Ne, das muss man auch zuerst mal erfahren, dass das so ist. Darauf waren sie bestimmt nicht gefasst. Aber ne, wir sehen Indy und auch Gina hier im Spiel. Ich glaube, die haben beide lange Hosen an. Ich muss nachher nochmal gucken. Aber ich glaube, wir haben beide lange Hosen an. Also wir haben hier überhaupt kein Problem. Hier schimpft niemand mit niemandem. Ne? Lange Hosen, check. Lange Hosen, check. Zumindest so aus. Karte der Comets. Okay, einsammeln. Okay, nice. Ja, noch kurz ein Beweisfoto machen hier. Ja, lange Hosen, check. Wir müssen zurück, Gina. Wir müssen zurück, Mann. Joti, danke, merci für den Lurk-Support. Schlaf noch ein bisschen weiter, bleib im Lurk. Viel Spaß. Danke dir für den Lurk-Support, Joti, und schlaf noch gut. Vielleicht bis später. Ich meine, jetzt ist auch schon 6 Uhr. Jetzt spielt alles keine Rolle mehr. Jetzt bleiben wir noch da. Weiß ich nicht. Mach ein bisschen Gameplay. Dave schreibt, Hosen, bah. Dave, gar keine Hosen. So machen wir das. Wenn wir in Hongkong wären, wir hätten gar keine Hosen an. Was bedeutet denn das? Mehr Jungfrau, Mann. Was wäre, das ist eine verdammt blöde Frage, ne? Was wäre, wenn man ohne Hosen denn so in die Stadt geht? Und Krokin schreibt noch, alles wunderbar, danke, hoffe bei dir auch, hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Ich bin schon sehr lange am Streamen. 10 Stunden, stimmt das? 10 Stunden und 20 Minuten. Aber mich hat jetzt halt das Spiel, ne, Indiana Jones, hat mich sehr gepackt und ich will nicht aufhören. Wir machen jetzt einfach noch weiter. Ne? Solange ihr hier seid, Chat, bin ich auch noch hier. Ja, und Frauen mit kurzem Rock sind auch frei. Okay, kurzer Rock bedeutet frei. Ohne Hosen wirst du eingesperrt. Ich habe nichts anderes erwartet. Ne? Das überrascht mich jetzt nicht. Ohne Hosen, das ist einmal im Jahr in London normal. Das habe ich nicht gewusst. Ist das so? An welchem Tag ist das? Der keine Hosentag? Der keine Hosen-Day? Verständlich, das Game hat auch mega Spaß gemacht. Hey, es ist so geil gemacht. Ne? Also grafisch extrem geil. Und wenn man die Filme halt auch gefeiert hat, das Game und der Humor ist halt genau so wie in den Filmen und ich lieb's. Soundtrack ist sehr geil. Die tun mir fast leid. Hey. Hey, Chat. Ja, ich weiss, wir müssten nicht fetteln, aber... Okay, das sind schon ein bisschen arme Sachen, muss ich sagen. Wow, ich meine, stellt euch mal vor... Holy fuck, so draufgehen. Ich meine,
der ist einfach wirklich so in dieser Pose gestorben, Chat. Das ist schon noch heftig. Verfroren, krass. Mitnehmen, Loot. Uff, Vorstellung finde ich schon heftig. Also die Vorstellung ist eigentlich die, zuerst einmal, wie zum Teufel sind wir plötzlich hier im Himalaya oben mit unserem Schiff gelandet. Und dann noch so sterben. Ich brauche hier was. Geh doch aus dem Weg, Mann. Das ist der No Trousers Tube Day. 12. Januar. Okay. Aber die 2 Tage ohne Frau mit kurzen Hosen habe ich viele Frauen kennengelernt. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Halt die Kamera drauf. Tatsächlich ist Erfrieren nicht so schlimm. Ja, okay, das stimmt. Aber also ich finde ja das auch immer ein interessantes Thema. Das ist natürlich so ist ein bisschen ein düsteres Thema, sage ich jetzt mal. So Tode und so. Aber wenn jemand sagt, ja, auf X-Art zu sterben ist weniger schlimm, auf Y-Art zu sterben. Ja, wer hat denn da jemals davon berichtet, wie es ist? So. Kommen die dann nochmals so als Geist, ne, so im Phasmophobia, gefasst es ein und dann kommen die und sagen, ja, war jetzt nicht so schlimm zu erfrieren. Nee, aber natürlich, bis zu einem gewissen Grad kann man das wahrscheinlich wirklich auch sagen, wie das ist. Und Erfrieren, denke ich mal, ist tatsächlich weniger schlimm. Aber trotzdem, so die Gedanken, die du noch hast, du weißt, hey, wahrscheinlich überlebe ich es nicht noch eine Nacht. Das ist schon heftig, ne? Aber wieso? Die hätten ja gehen können. Ah, hier raus. Ja gut, okay, ja. Stimmt irgendwie. Wir sollten mit der Suche nach dem Kapitän Vielleicht haben sie keinen Ausweg gefunden. Ich weiß es nicht. Das räume ich aus dem Weg. Gina! Das hat jetzt gerade ein bisschen etwas von God of War, wo der Kratos immer die Baumstämme so weggedrückt hat. Und der Boy ist einmal so wie China jetzt noch vorbeigegangen. Schnell pausieren hier. Aber ihre Freundin hat sehr geschimpft mitten auf der Straße. Okay. Beim Erfrieren hast du das Gefühl, du hast warm. Ja, das stimmt, das habe ich ja schon mal gehört. Also das habe ich tatsächlich schon mal gehört, dass sich sogar die Leute, dass sie sich ausziehen, weil sie heiß haben. Während dem Erfrieren. Das finde ich irgendwie schon einen strauben Gedanken. Es tut also nicht weh. Krass, Mann. Beim Erfrieren schläfst du einfach ein. Ramoa, grüezi. Ramoa, wie geht's? So schön, dass du da bist. Wir haben gerade ein spezielles Thema angeschnitten im Chat, aber alles gut. Auch, dass du informiert bist. Ohne Winterklamotten wohin gehen. Ja, aber ich würde es halt trotzdem, es stimmt schon, ich würde es trotzdem noch versuchen. Ne? Vielleicht haben sie es ja versucht. Aber zumindest versuchen, okay, aber der Gedanke stimmt auch wieder. Die sind vielleicht draußen und dann haben sie gedacht, hey, hier draußen ist es noch schlimmer. Drin ist es wenigstens wärmer. Ich hasse das Geräusch. Aber das hatten halt auch, war auch nicht ewig dann die Lösung. Tja, wir mögen einen Vorsprung haben, doch ganz an seine Leute.
Sorry, nochmal kurz pausieren, Chat lesen. Naja, es gibt Menschen, die sowas tatsächlich überlebt haben. Dir wird warm kurz vor dem Einfrieren, du wirst müde und schläfst ein Ende. Okay, krass. Da stelle ich mir Ertrinken hingegen grausam vor. Ja, wow, das ist auch eine ganz spezieller Gedanke, ne, wenn man sich das nur schon versucht vorzustellen, wie das ist. Uff. Wenn die Leute einmal früher sind, musst du sie davon abhalten, sich splitternackt abzuziehen. Das habe ich aber auch schon gehört. Früher, ich halte mich an meinem heissen Kaffeetassli, ja genau, Kaffeetassli fest. Hey, so einen heissen Kaffee würde ich im Fall noch nehmen, Chat. Was meint ihr? Noch so einen heissen Kaffee gönnen nachher. Ich frage jetzt noch mal in den Chat. Ich mache jetzt da noch ein bisschen weiter. Dann würden wir schnell eine Pause machen. Wer wäre denn nachher noch dabei? Eins in den Chat, wenn ihr noch dabei sind, noch wach sind, noch fit sind. Okay. Ich frage nach, aber ich bin mir mega verwundert, wie viele noch ready sind. Mann. Okay. Chat, let's do this. Wir müssen den Stein finden und runter vom Schiff. Reicht, wenn es drinnen weniger Wind hat, ja. Laura? Oh no. Wie kommst du drauf? Oh nein, ist das die Laura? Es ist wirklich mega spannend. Oh no. Oh no, es ist wirklich die Laura. Oh shit, okay. Okay, gerade nochmal schnell ein bisschen Emotionen, ja. Rippe. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Und hier sind wir jetzt, Gina. Ich muss wissen, was hier geschehen ist. Ich helfe dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, komm. Also, was machen wir jetzt? Jetzt denkt so das Echt wieder. Ja, genau. Genau. Es ist halt schon ein bisschen. Ja, finde ich jetzt schon auf. Das Gesicht dann immer anschauen. Was haben Sie da? Das nimmt mich jetzt eben auch Wunder, wie das Schiff dort hinkommt, quer tut zu. Vielleicht noch einen hilfreichen Hinweis Ihrer Schwester. Was ist das? Hey, guten Appetit. Laura hätte nie Nazis geholfen. Gönn dir. Freiwillig. Danke für den Like. Es wird Zeit. Na komm schon. Denn er konnte die Erde falten, indem er sprach das Wort. Die Erde falten, was bedeutet das? Vor allem, was ist das für ein Geräusch? Gina. Sie sind gleich da. Jetzt sind die anderen auch da. Ey, nein, das ist schon unglaublich, oder? Aber da finde ich halt so gut, das ist typisch wie in jedem Film. Auch Indiana Jones. Es ist immer so, wir gehen jetzt dorthin, wir haben quasi so einen Vorsprung, machen eine riesige Reise an einem ganz anderen Ort auf der Welt, klettern da noch den Berg darauf und dann treffen wir ein und einfach 5 Minuten später kommen die Nazis. So, what the fuck?
Ja, du säckelst ja gerade Säck. Oh! Hey, du siehst, es ist sicher nicht auf mich, du Lümmel, du. Hey, jetzt hörst Wir machen schnell Pause, Chat. Ich muss schnell Pipi machen gehen. Ich lasse mir noch schnell einen Kaffee raus. Chat, be right back. Hoffe, ihr seid nachher noch da. Be right back. Das Ding ist kaputt, Chat. Das Ding ist kaputt, Mann. Dieses Tool. Chat, ich muss das schnell beheben. Wieso ist das kaputt? Intro Fighters heisst das. Ich will das unbedingt beheben. Intro. Ich muss mich, glaube ich, neu anmelden. Oh, der Songchat, holy. Intro Fighters.
Oh, da muss ich mich anmelden neu. Going tonight. Some quiet conversation. Okay, jetzt wird es wieder funktionieren. Ja, wir haben jetzt auch immer riesengroß das hure Menü gesehen, oder? Das ist schon geil. So, Chat. Haben der Party gehabt, Chat? Also ich habe mir einen Kaffee gegönnt, einen Kaffee. Schwarz mit ein bisschen Zucker. Darum muss ich jetzt noch schnell ein bisschen umrühren. Ja, und jetzt schaut mal da, mein Löffel habe. Und schaut mal die Tasse an, Chat. Man or more could ever do. I bless the rains down in Africa. So, Chat. Nice. Hammer Time und Emote, let's go. Africa ist so ein guter Song, Chat. So ein guter Song. So, aber wir müssen leider pausieren. Wir gehen da noch ein bisschen rein. Company. So. Spiel fortsetzen, Chat. Oh, wir haben Action gehabt. Oh shit. Ich bin zu spät. Wo bist denn du? Hey, du schiessest jetzt sicher nicht, Mann. Jetzt steh. Hey, das Sieg geht nicht auf, oder? Ich sterbe wieder. Fuck, ich bin fast draufgegangen. Ja, ich muss mich schnell heilen, Mann. Dann schaut mal da mein Leben an. Das ist ja gar nichts mehr hier. Okay, wobei, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich glaube, ich muss da noch das Gipfel essen. Das eingefrorenes Gutzli. Holy shit, hey. Wo sind neue Waffen? Gibt es noch etwas zum Looten? Ah, aha, okay, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Du hast doch denen ihre Waffen geklaut, oder? Ich muss rausfinden, was meine Schwester wollte und wie sie auf dieses verdammte Schiff kam. Wir werden es herausfinden. Suchen wir nach Hinweisen, ja? Kommen Sie, weiter geht's. Weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben, Chat. Ah, ist da ein Dude? Was war das? Wir sind wegen des Steins hier. Da drin. Nur deswegen. Oh, geil. Nazis verprügeln, Chat. Nazis verprügeln. Keine Sorge, wir finden ihn. Schnell looten. Zuerst looten und dann Nazis verprügeln, Chat. Oh, Mann. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Überall. Er muss hier sein. Geil. Es ist so kalt. Oh, zweihändige Feuerwaffen verursachen mehr Schaden. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir alles noch anschauen, wie ich level, Chat. Müsste ich endlich wieder mal machen. Es wäre schon lange mal an der Zeit, dass ich dort wieder mal durchgehe, was ich genau leveln will. Die haben alle Grippen, oder, Chat? Oh, Chat. Oh, it is on. It is on. Des Steins hier. Nur deswegen.
Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt Radau mache, dann haben wir ein Problem, oder? Aber Chat, come on, jetzt machen wir es, oder? Wieder ein ist ein bisschen rumballern. Dann schnell einen Schluck Kaffee nehmen, nachher ein bisschen rumballern. Ich weiss es genau, wie sie aufs Schiff gekommen sind. Auf ihren Füßen. Mein Lieblingssong von Toto, I Won't Hold You Back. Eine wunderschöne Ballade. Ich habe gerade die Melodie nicht im Kopf, habe ich aber ganz sicher auch schon gehört. Also von Toto habe ich eigentlich alle bekannten Lieder auch gehört. Ich habe die Schleichangriffe geliebt. Teilweise schlägt Indy sie einige Meter weiter. Die sind echt nice. Ne? Da kommt halt auch das, was ich gesagt habe, so der Humor. Der kommt da auch wieder so zum Vorschein, wie es in den Filmen halt ist. Das erste Mal dachte ich mir so, what the fuck? Man ist sich halt gewöhnt, so von hinten an, so schleichen, ranschleichen und dann irgendwie so der Stealth-Kill. Aber Indy, ne, der schlägt da einfach rein mit dem Ding. Aber das finde ich schon sehr, sehr passend zu Indiana Jones. Bum, bump, yeah, und dann Rip treu. Ja, aber jetzt machen wir es, Chat. Ich will ein bisschen Action jetzt, auch wenn dann die Post abgeht und ich sterbe. Tot? Alle tot? Alle tot. Los? Was meinst du? Tut so, als wäre Voss sein Vorgesetzter. Überraschung! Oh, die sind gar nicht da. Wo sind die denn? So kalt hier oben. Alle tot. Die Hand schleicht da oben. Mhm. Überraschung! Was? Okay, jetzt ist vorbei. Das ist jetzt aber genau da. Jetzt ist vorbei. Ey. Ui. Oh, sorry. Aber Chat, jetzt weiss ich, die Animation, die sie immer hatte, wo ich immer gesagt habe, sie ist verbuggt, das ist auch die Animation für «Sie ist down». Aber kann ich sie dann wieder aufheilen? Das finde ich mega komisch. Ich glaube, ja. Also ist mir endlich schon vorweg bewusst gewesen. Aber ich habe jetzt einen Shotgun bekommen. Chat, wenn das Leben einem Shotguns schenkt, dann macht man Massaker. So, Chat, wir brauchen das nicht. Ja? Wir brauchen irgendetwas, wo wir silent ein bisschen etwas machen können. Aber für das müsste ich vielleicht noch mal schnell zurück. Ja, okay, das wäre jetzt auch nice, aber brauchen wir auch nicht. Ich muss schnell den Loot-Check machen. Ich bräuchte halt etwas, wo ich einen Tank nehmen kann. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Kann ich da nichts nehmen? Come on. Irgendwas. Was nun? Verdammt. Ich bin nicht hier. Okay. Chat, gerade nochmal Kontrollpunkt neu laden. Okay. Machen wir das nochmal richtig. So, let's do this. Jetzt aber richtig. Was war das? Ich höre Nazis da drin. Sucht alles nach dem Stein ab. Hier sein. Das sind die Koordinaten. Keine Sorge, wir finden ihn. Viel Zeit haben wir nicht. Hört nur, wie das... What the fuck? Komisch. Mann am Boden!
machen wir es halt so. Ja, das kann man auch machen, Chat. Ist auch eine Lösung. Ich will jetzt nicht die Person tragen. Ich will das hier nehmen. Hallo. Gut. Nein, ich will doch wieder... Ich will wieder das haben. Aber ich will es so drehen. Okay. Wenn einem das Leben eine Schrotflinte schenkt, ach aus deinen Feinden ein Nudelsieb. Das finde ich nice. Krokin, das finde ich echt nice. Okay. Eine nach dem anderen Chat. Können wir schnell mal da schauen. Schnell den Check machen. Aber ich muss dort hindern. Hm? Ich hab doch was gehört. Du hast nichts gehört. Das ist alles nur Einbildung. Nein, sicher nicht. Ich habe keinen Stealth-Angriff machen, Chat. Ja, jetzt ist wieder vorbei. Chat, oh mein Gott. Runterkommen. Verdammt. Ich muss mich von hinten anschleichen, Chat. Das war mein Fehler, ne? Von hinten ran und nicht frontal. You can do it if you really want. Was war das? You can do it if you really want. Wir machen das Fotteli, weil das haben wir vorher noch nicht gemacht. Code gesendet worden sein. Immer von hinten, Troy, das gefällt den Leuten. Ja, das gefällt mir auch. So bin ich. Das ist genau mein Ding. Keine Sorge, okay. Wir finden ihn. Viel Zeit haben wir nicht. Hört nur, wie das Schiff ächzt. Jetzt warten wir aber schnell da. Oh, was war das? Das war nix. Ah, Picapo. Picapo. Wir sind wegen des Steins hier. Nur deswegen. So. Nummer 1. Check. Verband. Check. Buch. Check. Gut Acht geben hier. Komisch. Ne, ist wohl nichts. Sprecht leiser. What the actual fuck? Da ist doch jemand. Ich hab's schon wieder verkackt, Chat. Ich kann das nicht. Ich bin zu blöd für das, ne? Ich bin echt zu blöd für Stealth-Kacke. Verdammt. Scheiße, Mann. Von hinten so ein bist du also. So. Da tun einem die Nazis ja fast schon leid. Oh, hey, was ist das für ein Film? Boah, jetzt kommt mir halt irgendwie so eine Szene in den Sinn aus einem Film. Da kommt der Hitler vor. Und der bekommt eine Ananas in den Arsch. Was ist das für ein Film, Chat? Das wisst ihr sicher. Was ist das für ein Film, wo der Hitler eine Ananas in den Arsch bekommt? Ja, und für die jetzt den Film nicht gesehen haben, die denken jetzt, what the fuck ist das für ein Film? Aber es gibt irgendeinen Film. Ich glaube, er ist in der Hölle. Und in der Hölle bekommt er auch so immer einen Ananas in den Arsch. Es ist 6:30 Uhr. Ich weiß, Robin. Ist es Zeit aufzuhören? Ist es Zeit aufzugeben, Robin? Ich glaube nicht.
Aber Robin, wie geht's dir denn? Little Nicky, it is cooking true. Oh, holy shit, mit dem Adam Sandler. Holy shit. Nice one, true. Irgendwie hat es mich jetzt an diese Szene erinnert. Mit so Nazis von hinten und so, geil. So, Chat, schaffen wir das noch einmal hier? Hey. Von hier muss der Morsecode gesendet worden sein. Was machen der Schweizer am Sonntagmorgen um 6? Wir zocken Indiana Jones, haben eine gute Zeit, reden über Ananas in den Po reinschieben. Ne? Also, ganz normal. Er muss hier sein. Das sind die Koordinaten. Keine Sorge, wir finden ihn. Viel Zeit haben wir nicht. Also. Einmal. Was jetzt? Shit, Mann, jetzt machen wir wieder den gleichen Fehler wie vorhin, oder, Chat? Ja, aber die Shotgun haltet halt nicht viel aus, wenn ich die als Nahkampfwaffe brauche. Das ist ein bisschen doof. Aber ich müsste halt etwas anderes finden. Oder mich halt nicht mit allzu vielen Nazis anlegen. Das wäre die andere Möglichkeit. Und genau die habe ich auch gedacht. Let's go, Kokin, let's go. Du bist am Arbeiten, aber Robin. Aber also ja, am Sonntag. Also gibt es ja schon, aber was schaffst denn du? Das würde mich jetzt noch wundern. Also musst du nicht sagen, wenn du nicht willst, aber das würde mich noch wundern. Oh! Ich muss mich auch jetzt verstecken. Ich muss schnell durchschnaufen da. Vorsicht mit dem Eis. Nein, aber wieso geht das nicht? Hey, jetzt ich hau ihn jetzt ab, Chat. Ich habe keine Lust mehr. Was ist denn? Hast du erledigt? Hat jetzt die schnell aufgeräumt? Wie gut. Okay, ja. Ja, dann machen wir weiter, I guess. Wie gut. Wir müssen dort rüber. Ja, das ist aber ein bisschen zum Kotzen. Wieso gibt es das Game nicht für die PS5? Ja, weil halt, ne, ich glaube, es ist exklusiv Microsoft, so Game Pass und so, da ist es ja dabei. Ich brauche halt eine andere Waffe, Chat. Ich brauche eine geile Nahkampfwaffe. Sonst wird das nicht sein. Shit. Thomas, grüezi. Gib mir kurz eine Minute. Ich muss ja kurz wissen, was ich machen muss. Tagebuchseite, ich lese kurz Chat. Was ist das für ein Spiel? Das ist... Oh, fuck you, Mann! Fuck you! Nein, jetzt habe ich verkackt, Mann. Nein! Ich hab's nicht gecheckt. Das ist Indiana Jones The Great Circle. Ich spiele das auf dem PC. Thomas, wie geht's dir denn?
Hast du die Indiana Jones Filme gesehen? Moment kurz hier. Schaue das... Oh, falscher Knopf. Schaue das die Schweizer Strom haben in Basel. Ach schon? Schickst du uns den Strom zu? Aber nice, okay. Also irgendwas in dem Business auf jeden Fall. PC Master Race, ja. Ja, auf jeden Fall. PC Master Race, true. Ich muss ja zugeben, ne, ich zock's ja mit dem Controller. Ich finde jetzt, das Spiel lässt sich noch echt gut mit dem Controller zocken. Aber sonst mag ich halt die Games auch lieber auf dem PC. Ja, auf der Couch, ne? Das ist halt eher so, Controller-Games kann man auch gut auf der Couch zocken. Mag ich auch. Ich mag es aber auch jetzt beim Streamen. Ne? Das ist halt viel gemütlicher so. Die kenne ich, ja. Findest du auch gut, weil ich kann dir sagen, dann wirst du das Game lieben, ne? Weil das ist halt schon sehr... Es fühlt sich halt einfach nach Indiana Jones an. Ein PlayStation Essentials Abo ist Indiana Jones and the Staff of Kings. Alternative ohne Abo für 4,99 € zu kaufen. Okay. Spielst du eigentlich auch COD? Ich würde gerne mal die Singleplayer-Kampagne spielen von Black Ops 6. Off-Stream bin ich auch immer mal gerne bereit, so in ein Competitive, also in ein Multiplayer-Rumgeballer reinzugehen. Aber sonst on-stream eher nein. Also on-stream eigentlich gar nicht, wo irgendwie so Competitive Shooter ist und so. Weil da könnt ihr nicht mit euch... ich kann ja nicht immer pausieren, so wie ich es jetzt mache, und mit euch chatten, wenn ich irgendwie mit einem Team unterwegs bin und im Warzone oder sonst irgendwann drin bin. Und das finde ich eben doof beim Streamen. Hey, and... Oh, how do I pronounce the name? Joao? Or Luca? Can I say Luca da Silva? Luca, greetings from Switzerland back to Brazil. How are you? Aber ich finde es noch interessant, dass YouTube jetzt recht aktiv ist um diese Uhrzeit. Finde ich echt cool. Ich finde es auch so bescheuert, so Exklusivtitel. Problem ist aber auch oftmals, dass es für Konsolenspiele gedowngradet werden müssen und viele wollen sich die Arbeit nicht antun. True. Sehe ich auch ein wenig so, das stimmt. Und Ameloni, grüezi. Ameloni, wie geht's? Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ich nehme jetzt mal an, alle die jetzt neu reinkommen, ihr habt alle geschlafen, ne? Ihr habt alle geschlafen, seid jetzt aufgestanden und India ist jetzt gestorben, ne? Weil der India ist ein bisschen unfähig. Er ist ein bisschen unfähig, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt bin ich aber wieder da. Das ist auch gut. Geiler Checkpoint. Love it. Shit. Ja, ich muss das halt noch vorlesen. Tagebuchseite. Neue Befehle. Nehmen wir mal mit. Für welches Experiment würde man ein Schlachtschiff in den Pazifik beordern? Das ist doof. Das ist doof. Muss ich da durch? Ich muss da durch. Oh, er hat mich gesehen. Ja, die müssen die Steine, hinter denen wir her sind, für unglaublich mächtig halten, wenn sie dafür ein solches Schiff wegfahren. Aber er ist gut geschlafen, Ameloni. Er ist gut geschlafen. Ich glaube, ich muss da mal... Habe ich nichts zu essen dabei? Ich habe gar nichts zu essen dabei, Chat. Oh, ich würde so gerne einfach jetzt den Rest einfach über den Haufen ballern. Oh mein Gott, jetzt hätte ich fast geschossen. Oder reingeschlagen. Upsla. Nimm das Ding mit. Tagebuchseite. Zeugenbericht.
Die hatten keine Ahnung, was sie erwartet. Es ist verdammt kalt. Scheiße, Mann, kann ich dich? Okay, das hat funktioniert, Chat. Wo muss ich hin? Ist da noch etwas zum Looten? Habe ich schon. All die Soldaten. Oh, da haben wir keine Nahkampfwaffen, Chat. Kommen wir da durch? Nope. Oh, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Picapo. Ich will einen Schluck Kaffee nehmen. Die sind alle tot. Scheiße, wo ist er? Es verarscht mich 100 Pro. Okay, es verarscht mich nicht. Nice. Looten. Ja, looten und ich einfach gar nicht looten. What the fuck? Ich will doch nur Loot. Da hinten müssen wir schnell schauen. Okay, wir sind auf dem richtigen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Endlich müssen wir da wieder raus. Bin ich hier falsch, Mann? Ich muss schnell auswechseln. Aha, nein, ich komme da gar nicht durch. What the fuck? Wo bin ich denn da? Sind gleich da durch? Das sieht gut aus. Mhm, okay. Hab die fest, Andy. Hab die jetzt auch fest, okay? Nein, nicht Gumpen. Was war jetzt das gewesen? Nein, hab die fest. Ich mach das. Hey, ich dreh durch. Andy. Ja, aber das wird nix, ne? Ich werd mich doch da abseilen. Okay. Was ist der Plan? Da. Was ist noch irgendetwas? Können wir jetzt da wieder mal etwas lesen? Ein Comic. Schaurige Geschichten 3. Das schreckliche Ding aus der Tiefe. Was nicht gestört werden sollte, wurde aus dem unendlichen Schlaf erweckt. Und es hat nur eines im Sinn: die Zerstörung alles Lebens. Ist aber nice. Würde ich echt gerne mal lesen. Niemand wird mir glauben, wo ich das gefunden habe. Haben wir da irgendetwas? Was ist unser Plan?
Den Stein finden immer noch. Hm? Jetzt muss ich wieder rauf. Aha. Okay, got it. Perfekt. Einen noch. Vorsicht! Alles in Ordnung? Alles gut. Bleiben wir in Bewegung. Alright. Wo muss ich an? Hey. Es geht nicht, Chat. Es geht nicht. So, hoch jetzt. So, jetzt gehen wir da rauf. Ich glaube, das ist der Way. Flashbang. Ich versuch's. Ja genau, jetzt gehen wir auf das Boot da. Wow. Aber geil gemacht auf jeden Fall. Aufpassen! Jetzt Sie! Das Das schaffen ist, Sie! ja, ist super sicher, da ist alles safe. Alles safe. Jetzt komm ich hin. Schaffst du es auch nicht mehr? Geschafft. Weiter Ist auch geil gemacht, hier mit dem Eis, finde ich echt geil. Der Stein muss hier sein. Da sind die Koordinaten. Keine Sorge, wir finden ihn. Zeit haben wir nicht. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Du kommst jetzt mit und du gehst jetzt hier runter. Bye bye. Okay, 2. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Artimann! Der YouTube-Batz YouTube-Shooting. Ja, wirf die Nazis in die Tiefe. Let's go. Ja, das müsst ihr jetzt natürlich mit denen auch noch machen. Also, wir räumen hier auch auf. Ne? Chat, wir haben gelernt als Kinder, wenn man rumspielt, nach dem Spielen tut man aufräumen. Ja, man räumt auf. Der ist da am Chillen. So, aufräumen hier. So. Nein. Nochmal. Wir müssen schauen, ich gehe selber noch da oben. Hey. Ich verliere jetzt gerade Geduld. Kann ich da noch ein bisschen näher ran? So. Und jetzt runter. Ich habe keine Geduld mehr. Chat, wir lassen es sein.
Peekaboo. Oh, shit, was haben wir jetzt gemacht? Ui. Oh, what do we have? Oh mein Gott, okay, krass. Puh. Ja, okay, Munition haben wir, ja. Böller haben wir, Chat. Duck dich! Ducken! Hallo! Die andere läuft einfach rum mit ihrer gelben Jacke. Das ist unglaublich, oder? Er sieht sie halt nicht im Schneesturm. Die gelbe Jacke. Oh, okay. Ich finde das super gut. Das ist wie bei The Last of Us. Die Ellie, die hat dann auch so Aktionen geboten. Hey. Das ist genau das, oder? Genau das. Ich muss da schnell beseitigen. Ja, jetzt haben wir Action, Chat. Jetzt haben wir halt Action. Jetzt haben wir halt Action, verdammt. Oder nicht? Ja, ich glaube, es sieht gut aus. Halb so schlimm. Schnell checken. Okay, nichts mehr. Ja, das war knapp. Chat, das war knapp gewesen. Der Feta-Käse. Feta-Käse. Hast du geschlafen, Feta-Käse? Vito? Auch immer noch da? Die haben alle geschlafen, oder? Und ich bin halt immer noch da. Geil. So, wie haben wir's? Jetzt ist ein geiles zum Morgen, oder, Chat? Oh, ich habe immer noch Gipfeli. Oh, was tot? Was ist hier los? Wer ist da? Ich beende das. Das war nicht die Idee, sorry. Ich habe ihm die Shotgun über den Grind reinhauen. Chat, ich bin sonst nicht so. Nicht, dass ihr jetzt das falsche Bild von mir habt. Ich schiesse den Leuten nicht in die Eier rein. I'm so sorry, dude. Das ist auch mal a way to go. Todesursache. Mit der Schrotflinte zweimal in die Eier. Holy shit, ey. Geschlafen. Oh, Vater, ja, das habe ich noch müssen. Ja, wo war das? Ah, Fick. Da unten war etwas, oder? Ja, genau. Darum habe ich endlich noch mal runterwählen. Dann habe ich nicht mehr gecheckt, was ich wollte. Merci vielmals fürs Erinnern. Nicht gut. Sie hatten keine Chance. Meine kleine Tochter ist wach, das heisst aufstehen. Oh je. Ja, ich kann da nicht mitreden, aber ich kann mir vorstellen, wie es ist. Ich genieße mein drittes Snickers-Glas. Ich hätte noch eins gar nicht. Aber auf das habe ich jetzt tatsächlich keine Lust. Kastriert. Kann man in die Eier, das tut man nicht mal seinem schlimmsten Feind an. Es war nicht Absicht. Es war nicht Absicht, Chat. Butters, man schießt Kerlen nicht in den Schwanz. Ey, South Park, true. Geil. So, wenn wir noch mal schnell schauen, wo wir rennen im Chat.
Wir haben noch 3 Schüsse in der Shotgun. Ist da etwas gesehen? Nein. Boah, das sind mega viele, sind auch verfroren, krass. Dann nehme ich an, müssen wir da rauf. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist noch etwas. Das ist doch der versteckte Loot, oder? Da ist er, der versteckte Loot. Tagebuchseite. Wir lesen wieder mal vor, Chat. Oder ich lese wieder mal vor. Bericht eines Überlebenden. Ich glaube, mittlerweile ist die Hälfte der Crew tot. Wir müssen die Leiche entsorgen, aber das kann warten. In der Kälte verwesen sie nicht so schnell. Ich habe die überlebenden Kameraden meiner Division in mehrere Gruppen eingeteilt. Eine durchforstet die Vorratskammer nach Brauchbarem und die anderen versuchen, Brennmaterial zu finden. Wärme ist gerade wichtiger als Nahrung. Ja, das kann ich verstehen. Wir können lange genug aushalten, bis Rettung eintrifft, aber einige sind unkooperativ. Eine Gruppe von Männern hat das Casino zu ihrem Territorium erklärt. Sie erschießen jeden, der versucht, dort reinzukommen. Eine andere Gruppe hat ihren Posten verlassen und versucht, den Berg zu erklimmen und Hilfe zu holen. Ein Himmelfahrtskommando. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Story, was die Leute eigentlich versucht haben. Und niemand weiß, wo der Kommandant und seine Offiziere stecken. Feiglinge. Wir können das hier überleben, aber nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Interesting. Jetzt würde es mich eigentlich fast noch wundern, was in der anderen steht, Chat. Was steht denn da noch drin? Ist jetzt das gewesen? Ja, das ist jetzt das gewesen. Zeugenbericht. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Ich bin in einem Albtraum gefangen. Ich friere. Ich habe nichts zu essen. Was geschehen ist? Ich habe plötzlich ein blendendes Licht gesehen. Es fühlte sich an, als würde das Schiff fallen. Dann ein Aufprall. Der Großteil der Crew auf dem Oberdeck wurde sofort getötet. Als das Schiff mit dem Berg kollidierte. Die Glücklichen. Leute schrien, das pure Chaos. Ich sah, wie SS-Hauptsturmführer Engel über die Decks spurtete. Er verfolgte diese italienische Frau. Okay. Ich versuchte, mir zu greifen und die Wahrheit zu erfahren, aber er stieß mich um. Wofür brauchte er diese Frau? Keiner von uns hatte erfahren, warum sie hier war. Was war tatsächlich passiert? Und wie zur Hölle sind wir hier gelandet? Ich will dokumentieren, was die Leute... Der Text endet abrupt. Oha. Oh, Arti, merci für den Clip. Schau schnell, was du geklippt hast. Ich muss mir glauben, Chat. He? Ich bin wirklich nicht so. Ich mache das wirklich nicht, Chat. Was haben wir da? Neue Befehle? Noch schnell anschauen. Troy, jetzt hat mal den Schlitten. Ich werde jetzt vorlesen. Neue Befehle. Kommandant Altrichter hat heute früh ein Telegramm erhalten mit der Anweisung, dass die Crew Peru morgen zu verlassen hat. Der Befehl kommt vom Oberkommando, denke ich. Es gibt wohl eine topgeheime Expedition, die unserer Unterstützung bedarf. In den Bergen von Südamerika wurde etwas sehr Wichtiges gefunden. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich war noch nie in Peru. Vielleicht bekomme ich ja ein paar urtümliche Idole von der Expedition in die Finger. Sobald wir zurück im Vaterland sind, werde ich mit meinem Vetter, dem Pergamon-Museum, über ihren Wert reden. Wenn ich Glück habe, kann ich sie gut verkaufen, dass ich mir ein kleines, entlegenes Bauernhaus leisten kann. Nun gut, Zeit zu schlafen, ich habe morgen viel zu tun. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Haben wir noch irgendetwas, wo interessant war Rettungsboot? Sie hatten keine Chance. Okay, ich glaube, wir haben alles gelesen, was irgendwie relevant ist zur Story.
Habe ich wirklich kein Feuerzeug? Ah, ich habe das Feuerzeug, der Pitchat. Oh mein Gott, ich habe immer noch das Feuerzeug. Machen wir da schnell ein Feuer-Chat. Machen wir schnell ein Feuer und ich lese Chat. Jetzt. So, jetzt haben wir noch iText. iText. Mit der Schande muss er jetzt leben, ja, Krokin True. Krokin, einfach noch zu deiner Info. Ne? Also, es ist absolut in Ordnung, wenn du auf YouTube zuschaust. Ne? Ich freue mich auch darüber. Aber falls du dich fragst, ne, mit wem rede ich denn sonst noch? Rede ich mit Geistern? Nee, ich rede natürlich noch mit dem Twitch-Chat. Ich bin hier auf Twitch auch am Streamen. Und eigentlich der Großteil ist hier auch auf Twitch. Und wenn ich da jeweils was sage, wo du dich vielleicht fragst, wer ist das, mit wem rede ich, ist das der Twitch-Chat. Einfach FYI. Nicht, dass du denkst, ich höre Stimmen. So, jetzt nehmen wir das wieder nicht, Chat. Da ist doch irgendwo ist hier noch Loot. Oha. What do we have here? Okay, Chat, da brauchen wir schnell etwas zum Aufschlagen. Ich brauche etwas, Chat. Oh, das haben wir auch noch nicht weggenommen. Ich rede mit den Aliens, Chat. Twitch, ja genau. Krokin Twitch. Auf Twitch kann man ihn auch besser ärgern. Ja, true. Auf Twitch kannst du halt so Effekte auslösen, ne, mit Kanalpunkten und so weiter. Twitch ist, by the way, dann auch das volle Format. Aber hey, wie gesagt, ne, also ich will dich jetzt nicht irgendwie... Ich will damit nicht sagen, du musst auf Twitch kommen. I think plastic, it's fantastic. Ah, und man hört wahrscheinlich auch nicht alles auf YouTube. Das Barbie Girl hast du wahrscheinlich jetzt nicht gehört. Ich habe einfach mitgesungen, das hast du natürlich gehört. Aber einer muss auf YouTube kommentieren, let's fucking go. Es ist absolut in Ordnung, finde ich auch gut. Volvi. Oh? Hey Chat, wir lesen schnell. Experiment-Notizen. Experiment Delta-Kreis 0. Ort vor der Küste Perus, 50 Kilometer westlich von Lima. Logbucheintrag von SS Hauptsturmführer Theodor Engel. Zweck des Experiments: Messung jeglicher Kräfte, die dem großen Kreisartefakt Stein innewohnen, das auf der Machu Picchu-Expedition von 1937 gefunden wurde. Anwesend sind ich selbst, Dr. Laura Lombardi und Kommandant Konrad Altrichter zusammen mit der Besatzung der KMS Comets. SS-Sturmbahnführer Emmerich Voss beobachtet das Experiment mit weiteren Teilnehmern der Expedition von einem nahegelegenen Schiff aus. Alle sind um den Stein versammelt, der auf einem improvisierten Podest platziert wurde. Dr. Lombardi spricht sich erneut gegen die Art und Weise der Durchführung des Experiments aus, wobei sie sich auf die spekulative Natur der von ihr übersetzten Silbenschrift bezieht, sowie das Fehlen der theoretischen Verständnisse möglicher Risiken. Sie erachtet das Experiment als waghalsig und gefährlich. Und der Text, der geht noch ewig weiter, Chat. Der Kommandant erinnert Dr. Lombardi daran, dass es sich hier nur um einen Stein handle und sie nicht weiter seine Zeit verschwenden solle. Des Weiteren weist er darauf hin, dass sie sich gegenüber Sturmbahnführer Voss verantworten muss, wenn sie nicht seinen Befehlen folgt. Nach einer kurzen Diskussion gibt Dr. Lombardi: Was machst du eigentlich du da? Die geht immer hin und her, das nervt. Nach einer kurzen Diskussion gibt Dr. Lombardi widerstrebend ihre Zustimmung, mit dem Experiment fortzufahren. Sie nimmt den Stein in die linke Hand, hält ihn in die Höhe und beginnt. Und zack, sind wir da auf dem Berg oben, Chat. Ich glaube, das ist passiert. Die Adamitisch-Kenntnisse ihrer Schwester haben wohl eine wichtige Rolle beim Experiment gespielt. Wie das denn? Verstehe ich nicht.
Ich bin nicht sicher. Suchen wir weiter. Bin mal Krebse fangen fürs Abendessen. Hey, viel Erfolg. Let's go. Mehr Jungfrau, Mann. Viel Erfolg. Liebevolles Necken. True. Gut fangen, genau. Hey, Ramoa, merci vielmals für deine Biddies, die du ausgegeben hast. Und Marcher Musics, danke für deine 40 Biddies. Danke vielmals für den Support-Chat. Mega lieb. Das hier und hin und her würde mich jetzt so nervös machen. Ja, es ist auch vor allem auch, wenn du lesest und im Hintergrund siehst, immer so hin und her. Stein, komisches Gemurle, helles Licht, zack, Schiff teleportiert, genau so. Und I'm hurt, merci vielmals für Eisbett, danke für den Support. Und grüezi, I'm hurt. Are you hurt? Can we help you? Kann man China schießen? Also, sie nervt, aber wegen dem müssen wir jetzt ihr nicht gerade in die Eier schießen kann ich ihr sowieso nicht, aber so ähnlich ging es schon. Hey, jetzt, wir müssen mal schnell reden. Schmeck mal schnell am Benzin da. Schmeck mal schnell dran. Okay, der halt nicht. Ich muss schnell etwas haben. Das da kann ich nicht nehmen. Ich brauche was, Chat. Oh, jetzt da wirklich jetzt nichts. Hey, das nervt gerade. Da bräuchte ich eigentlich irgendwie so einen Stangen oder irgendetwas und dann hat es halt einfach nichts. Das ist ein bisschen doof. Muss ich das wirklich mit der Shotgun machen? Ist das nicht ein bisschen Verschwendung? Fuck. Okay, die Shotgun ist noch ganz okay. Ich habe endlich gedacht, die geht kaputt. Also Skizze. Maya-Zeichnung, Skizze einer Maya-Statue, die offenbar vor der Peru-Expedition gefunden wurde. Ich weiß, was ihr das Problem ist. Sie muss aufs WC. Darum läuft sie immer hin und her. Ja, das könnte sein. Ich weiß nicht, ob die Leute deine Hilfe annehmen sollten. Du schießt Männern in den Schwanz. Ja, fair enough. Einfach schon 7. Hey, jetzt ist es mir auch egal. Also ohne Scheiß, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Wisst ihr, was ich meine? So, gehen wir rauf. Hallo? Ich werde wohl nie verstehen, warum Laura... Sind ja eh nur Nazis. Klingt komisch, aber ist so, ne? Hey, kann man dir helfen? Was machst du genau da unten? What the f... Ja, bye. Okay, interesting. Mal schnell da schauen, ob wir etwas haben. Irgendwas. Ich sehe Nazi-Leichen. Alle Buchstabenkombinationen wurden durchgestrichen außer Jögem. Jögem, Chat. Könnt ihr mir schnell helfen? Jögem schnell in den Chat hineinschreiben. Als Notiz. Jögem. Da brauchen wir sicher irgendeinen. Kann ich das nicht mitnehmen? Vielleicht hier. Merci, danke. Ein gefährlicher Aufstieg. Tagebuch des Kommandanten. Dies ist die Holy moly, der Chin! Chimpanzee! Mit 130 Lüt.
Ich grüße euch, liebe Raiders. Shin! Ich wechsle kurz die Szene und wir machen noch ein Foto und Shin. Und liebe Raiders, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr hier seid. Und was gab's denn bei dir, Shin? Wie war dein Stream? Wir machen kurz das Foto-Chat. Ausrufezeichen, Foto in Chat. Kommt mit eurem Profilbild mit aufs Foto zusammen mit dem lieben Shin und mir. Shin, du kannst dir noch was auswählen auf der linken Seite, was mit dir aufs Foto kommen soll. Let's go. Holy shit. So, jetzt muss ich hier noch kurz was einstellen. So. Und, liebe Raiders, ich bin der Troy. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Effekten, Interaktivität, Spielereien, Features-Chatting und auch mal Hashtag, eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell sind wir in Indiana Jones drin, also nicht in Indiana Jones drin im Spiel, The Great Circle, sind wir hier auf den Bergen, Himalaya und so. Und vielleicht ja auch ein bisschen Spoiler-Alert, ne? Und wie geht's euch, lieben Menschen denn? Und ich begrüße kurz alle, die noch geschrieben haben. Jan, Grüezi, Kenny, Pixel Bandit, Chin natürlich, Insane Boy, Krachbum Ente, I'm Trunks auf YouTube. Auf YouTube geht's leider nicht, ne? Einfach als Info, wenn ihr auch aufs Foto kommen wollt. Alle, die das jetzt auf YouTube gucken, ihr müsstet auf Twitch kurz reinschauen und da Ausrufezeichen Foto in den Chat schreiben, damit ihr mit dem Profilbild auch draufkommt. Und ich begrüße noch Volvanas und schön, dass ihr alle hier seid. So, jetzt muss ich noch kurz lesen, was Chin geschrieben hat. Hier im Hintergrund, ne? Die labert die ganze Zeit. Kann ich dich kurz pausieren, please? So, machen wir Musik rein. Hallo, Musik? Die Musik? Wo ist die Musik? Ja, es ist nur ein wenig laut, ne? What the fuck? Give me a second, ich muss hier die Musik mal kurz anmachen. Oh, wieso geht das nicht? So, jetzt aber. Jetzt haben wir Musikchat. So, Chin, was hast du noch geschrieben? Guten Morgen. Kaffeekasten ist aber auch ein geiler Name. Hey, den hat tatsächlich Chat dem Kaffee Kostner gegeben. Also den habe ich ja hier. Ui, hier fliegt Zeug rum, ne? Den habe ich hier, Kaffee Kostner. Habe ich geschenkt bekommen von der lieben Sylvie Pada. Sie ist auch aus der Community. Und dann hat Chat dem Kaffee Kostner dann auch den Namen gegeben. So ist das passiert. Und es ist tatsächlich ein geiler Name. Ich mag ihn auch. Heute haben wir aber Austour mit dem Stream. Machst du noch 12 voll? Nein, heute mache ich den 24er. Rap Beard. 24er. Huh? Let's fucking go. Nein. Wir machen auch so lang, wie ich mag. Ich tue ungern, ich mache da ungern irgendwelche Ziele rein. Ne? Also irgendwie so Ziel 12 Stunden. Nee. Wir machen so lang, wie ihr da seid, wie ich Lust habe. Hey, danke für die Follows noch. Volvanas, danke für den Follow. Willkommen nochmal bei mir. Kenny Uncute, auch danke für deinen Follow. Wenn ihr auf YouTube guckt, guckt lieber auf Twitch. Nee, also, ne, ihr dürft natürlich auch auf YouTube gucken. Das ist absolut kein Problem. So, Chat. Oha, jetzt aber. Krachbum Ente, danke für den Follow. Insane Boy, danke auch für deinen Follow. Und liebe Raiders, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, wir machen noch einen Bosskampf, oder? Ich muss mal gucken, ob wir schon 15 voll haben.
Ich glaube, die sind voll. Ne? Jin, wärst du noch dabei bei einem Bossfight? Chat, wärt ihr noch dabei bei einem Bossfight? Was meint ihr? Dann würden wir den Bossfight direkt nach dem Foto machen. Das ist ein Bossfight, ihr kämpft gegen mich. Rundenbasiertes Kampfsystem habe ich selbst gebaut. 3. Wäre doch schon noch was, ne? 1 in Chat, wenn ihr nachher den Bosskampf haben wollt, Chat. 1 in Chat, wenn ihr Bosskampf haben wollt. So. Hier kurz ausblenden, die Einsen, die kommen. Ja, ich glaube, ihr macht noch einen Bossfight dann. Ah, nichts zu danken. Du bist Wolvernas, Krokin. Okay, let's go. Let's go. Danke dir also auch noch für ein Follow hier auf Twitch. 0,5 plus 0,5, das gibt, Moment kurz, ich muss rechnen. Ne? 0,5 plus 0,5. 3. From you. So, Chat, seid ihr alle drauf? Letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto zum mit aufs Foto kommen mit eurem Profilbild. Ausrufezeichen Fettli. Und ich gucke da noch, dass der Titel richtig ist. Und dann würde ich sagen, wir gucken noch kurz einen Clip von dem lieben Chin. Show Clip 1, Chimpanzee. Ne, also Chat, das ist auch ein ganz, ganz sympathischer Streamer, ne? GG. What the? Und Gurke fängt auch mit GA. What the fuck? What the fuck is happening? Chin, wieso versteckst du dich? Krass. Okay, nice one. Aber hat das Spiel viele Bugs? Oder ist das war das so ein bisschen die Ausnahme? Kenny, den hast du gemacht, let's go. Einfach in den Boden geglitscht, ja, das ist schon sehr, sehr speziell. War tatsächlich bisher der einzige Bug. Ja, dann ist es ja okay, ne? Dann finde ich es auch irgendwie noch ein bisschen funny oder unterhaltsam, wenn man so einen Bug findet in einem Spiel, wo es eigentlich sehr bugfrei zu und her geht. Ich muss jetzt sagen, bei Indiana Jones, so richtige Bugs hatte ich ja, doch irgendwie hatte ich schon Bugs. Ich glaube, der Begleiter-NPC war irgendwie die ganze Zeit einfach down, wo wir in Ägypten waren. Aber es kann auch sein, dass ich was nicht begriffen habe, dass ich die healen könnte oder so. So, Chat, wir machen das Foto. Letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Dann machen wir das Foto. Was soll ich noch draufnehmen, Chat? Soll ich noch was draufnehmen? So, let's do this. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Jen, hier unser wunderschönes, ein bisschen awkward Foto. Henker, ich danke für den Follow. Willkommen hier bei mir. Jin, unser Foto ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Ich mache dann auch noch eine Story, du kennst es ja, eine Story auf Instagram und eine Story auf Twitch, wo ich dich dann markiere und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. So, Chat, wir machen jetzt noch einen Bossfight, ne? Direkt in den Bossfight rein. 10,69 von 10. Let's fucking go. Let's fucking go. Oh, das ist schon ein geiles Song, Chat. Holy. So, ich wechsle kurz.
Ich erkläre noch kurz, wie der Bossfight funktioniert. Ich erkläre das noch kurz für alle, die das erste Mal dabei sind. Erstens mal, es funktioniert nur auf Twitch. Man kann nur auf Twitch mitmachen. Auf YouTube kann man einfach zugucken. Ja, das geht natürlich auch. Und es ist so, sobald der Bossfight losgeht, habt ihr 3 Aktionen pro Runde, dann bin ich an der Reihe und so weiter. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Befehlen hier. Die stehen auch nachher wieder da, ihr müsst da gar nichts notieren. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Schaden, haben verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeedrink hielt ihr euch, es hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Wenn ihr verschüttet, dann hielt ihr nicht, ne? In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus Liebe. Er kämpft für mich, hat eine der stärkeren Attacken, die 400 Damage macht. Indem ihr ihm Liebe schenkt, senkt ihr die Chance, dass er diese Attacke gegen euch ausführt, in 10% Schritten. Let's go. Stroh-Dave, das, was er geschrieben hat, auch noch lesen, ist auch wichtig. Das sind noch ergänzende Informationen. Stroh-Dave ist halt so, ist ein bisschen ein Dungeon-Leader, Master, so ein bisschen, ne? Der kennt sich aus, der kennt da die Strats und so weiter. Ganz wichtig, alle Dungeon-Leaders, das wären Snuffis, Nasty und jetzt auch Jin, ihr habt 3-fach Votes. Also eure Stimmen haben am meisten Impact bei dem Ganzen. Und bevor es losgeht, könnt ihr schon das erste Mal jetzt abstimmen, weil ihr habt noch 2 Karten, die können am Ende des Kampfes droppen. Sofern ihr gewinnt, kann es Loot geben. Nicht immer, aber manchmal. Und diese Karten habt ihr noch im Inventar. Ihr könnt jetzt wählen mit Karte 1, Ausrufezeichen Karte 1, wenn ihr mit dem voll aufgeladenen Spezialangriff starten wollt. Für den Spezialangriff müsst ihr eigentlich 3-mal einen erfolgreichen Angriff machen, dann schaltet ihr den frei. Mit dieser Karte wäre der von Anfang an freigeschaltet und ihr könnt den direkt ausführen. Mit Koffeinschub bekommt ihr mehr Heilung, also zwischen 50 und 100 HP-Punkte mehr Heilung pro Heal. Und wenn ihr keine von diesen beiden Karten wollt, wenn ihr sagt, hey, wir wollen Hard Mode, dann macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Auch hier gelten schon die 3-fach-Votes. So, let's go. Und ich lasse euch jetzt noch einen kurzen Moment für die Votes einfach den Command in den Chat reinschreiben zum Voten. Gibt es eine kleine Wette? Ja, es ist halt, ne, wir machen das ja eigentlich nur, wenn die Mods da sind. Aber ich kann das ausnahmsweise, ne? Ich glaube, das ist schon die 2. Ausnahme, die ich mache, Fishbone. Ausnahmsweise kann ich natürlich kurz eine Prediction starten. So, wer gewinnt einen Bossfight? Ich übernehme das von Fienchen, mache kurz eine 2 Minuten Prediction, Chat. Ihr könnt jetzt noch voten. Ich löse das jetzt mal auf, ihr habt Zusatzziel, ne? Ich löse das auf. Ihr könnt aber jetzt noch 2 Minuten lang voten, wer gewinnt. Könnt eure Kanalpunkte verwetten, wenn ihr wollt. Gewinne ich oder gewinnt ihr? Aktuell haben 4 Leute auf Chat gewinnt gesetzt mit steigenden Punkten, 750, 800 und so weiter. Und 2 Personen haben auf mich gesetzt mit ganz wenig Punkten. Wir warten das noch kurz ab. Ihr habt noch rund 1 Minute Zeit, da eure Kanalpunkte reinzumachen. Und dann starten wir mit dem Bossfight. Ich möchte Easy Mode mit Stützraidern. Let's go. Nee, ich kann dir sagen, ne, ja, ihr habt jetzt ein bisschen Easy Mode, mehr Heal, das macht es sehr schwierig für mich, aber ich habe auch schon gewonnen. Ne? Ich habe auch schon gewonnen, wo ihr sogar eine Karte aktiv hattet. Meistens ist es der Greed, der euch zum Verhängnis wird, Chat. Aber das sehen wir dann alles noch, ne? Nur aus Neugier. Wieso nur, wenn Mods da sind? Weil
ich echt genug zu tun habe. I'm sorry, Fishbone, aber das sind halt Dinge, die entscheide ich jetzt nun mal. Und die Idee kam auch von den Mods, dass sie das machen würden. Das kam von den Mods, dann habe ich gesagt, hey, wenn ihr das machen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Ich habe das nie gemacht, weil es einfach noch was obendrauf wäre, an das ich auch noch denken muss. Und das ist halt für mich... Ne? Also du streamst ja auch, Fishbone, ne? Du streamst ja auch. Kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das ist? Und dann ist man noch 15 Minuten hinten nach im Chat. Ist jetzt tatsächlich aber gerade nicht mein Problem. Darum mache ich das auch. Grüezi Bauer übrigens, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Während meiner Schicht wird nicht verloren. Wolvanas? Das sehen wir noch hier, ne? Das sehen wir noch, Chat. So, Prediction ist eingeloggt. 4 Leute sind für mich, 13 Leute sind für Chat. Ich bin enttäuscht, Chat. Ihr glaubt nicht an mich. Ihr glaubt halt nicht an mich. Und das wird euch zum Verhängnis, Chat. Snuffis, Nasty und Chimpanzee. Ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Erste von 3 Aktionen in der Runde 1. Wir haben 3 Votes auf Angriff. Herbsti, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. 3 Votes auf Angriff. So. Let's go. Chin führt den Angriff aus. Ich brauche hier noch was zu trinken, Chat. So. Kleine Info noch am Rande, wenn der Bot euch immer sagen sollte, hey, warte bis die Abstimmung läuft, dann kann es sein, dass ihr vielleicht ein bisschen Delay habt vom Video. Dann achtet euch eher auf, also könnt mal F5 drücken, wenn ihr am PC seid, vielleicht ist dann der Delay weg und sonst achtet euch auf den Chatbot. Wenn er nämlich schreibt, ihr seid jetzt an der Reihe, dann wisst ihr, jetzt könnt ihr eure Votes reinmachen. So. Was haben wir? Ich habe schon ein bisschen Schaden genommen. Ne? Ihr votet aktuell mit 4 Votes, 5 Votes auf Pistolle. 5 Votes auch auf Franziskus, 9 Votes auf Pistolle. Das war der Dreifach-Vote, nicht das war der Dreifach-Vote. Fishbone führt aus. Und Fishbone schießt daneben. Fishbone, wo ist dein Aim um 7:30 am Morgen? Fishbone. Ja, Franziskus, bist du noch wach? Wie wär's jetzt mit 400 Eichen von dir, ne? Franziskus, zeig Chat deine Liebe, zeig Chat deine 250 Eicheln, okay. Okay, ja, Franziskus, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht jetzt. Das war nicht so viel. Chat, ihr seid an der Reihe. Votet für eure erste Aktion, Runde 2. Jetzt gebt frische Backpfeifen, let's go. Aim wie in Valorant halt, oh je. Und Krachbum Ente. Oh, wie er da guckt, ne? Der Blick eines Healers. Okay, ihr seid wieder Full HP, nicht schlecht. Ihr habt noch 2 Aktionen in dieser Runde, Chat. Ihr votet aktuell mit 4 Votes, 5 Votes auf Mystery Chest, 7 Votes auf Mystery Chest, 8